meine Dinger. Reseller hat gerade meine Questies gekauft. Hey, besser so, als wenn sie gar nicht verkauft werden. 4 Stück nur. Oh, direkt neben mir. Wie heißt der? Bora, ist das der? Fuck, welchen habe ich gerade angeklickt? No. No, der. Zico. Ah, da ist er. 120, dreckiger Scammer, viel zu teuer. Ah ne, die stehen tatsächlich beide hier, lol. 2 Histios direkt nebeneinander. Oh. Erstmal fahren, obwohl ich überhaupt kein Geld habe. Ich brauche eigentlich nur den Preis. Ich habe jemanden, der mir ein Histio verkauft. Ich brauche nur den Preis, theoretisch. Uff. Weiter auseinander geht nicht. Habe ich was gemacht oder war es jetzt automatisch? Wie mein? Was habe ich gemacht? 100% kommt jetzt Offer. Der antwortet einfach gar nicht wahrscheinlich. Ne, wer war das? Der hier. Ah, Chinese Name. Das ist natürlich sehr hilfreich. Ich glaube 75 Jojo, der ist es. Wow, 55? Oha, es ist heftig gesunken. Es ist heftig gesunken. Also, ich habe jemanden, der hat mir das Jojo zugeschickt. Der kann jetzt über einen Tag nicht online kommen. Er hat auch Baby Rabbits für 60 Mio. Okay, wenn es hier schon für 55 ist, dann ist es wahrscheinlich sogar noch günstiger. Damn, okay. Also er meinte, er zahlt mir einfach den aktuellen fairen Preis. Das Lustige ist, wir haben von 75 bis 85 gesprochen. Jetzt kostet es einfach nur 55. 55. Ne, hier ist auch für 60. Wow, okay. Das ist zwar grundsätzlich motivierend, aber wie zur Hölle soll ich an 60 Mio kommen? Ich habe keine 55, whatever. Ich habe gerade mal die Hälfte davon. Pisse aus meinem Arsch. Anschaffen. Oh, warte. Ich habe eine Quest bei meinem RM. Hive-Coins verkaufen. Sir. Ich habe eine Quest bei meinem RM. Hopper. 225.000. Oh, ich habe mir das Geld vom RM nicht rüber getradet, okay. Okay, ich habe 30 Mille sogar. Okay, ja gut, okay. Wo kann ich meinen Collector upgraden? Doppelklick Power Dice 8 und dann ein Klick auf den Kollektor. Geht mit Power Dice 8 am besten aus dem Inventar. Ja gut. Hat der Typ eigentlich geantwortet? Nö. Achso, ich habe den anderen gar nicht geschrieben. Scheiße, wie heißt der nochmal? Midnight? Ach, zeig doch den ganzen Namen an, Bro. Midnight Rain. Das ist actually ein cooler Name. Okay, Gordon Ramsay, der Namenskreation, ist nicht online. Ja, doch kein Sonderzeichen. Ach so, und den Typen hier. Message Seller. Yo. Ni hao, my friend. Erstmal meinen Mandarin auspacken. Ihn jetzt im feinsten Mandarin bequatschen, es mir für 30 zu verkaufen. Ni hao, Hisyoyo 30 Mio? Thank you. Kappe. Wir alle nur noch wieder Safe Upgrade upgraden können. Bitte? Check it nicht. Check den Joke nicht. Check's nicht. Freue mich schon, wenn der FEC vorbei ist und ich mein sehngebundenes Zeug in den Müll werfen kann. Check ich auch nicht. Was für ein seegebundenes Zeug.
Wieso verstehe ich die Nachrichten, die im Chat stehen, nicht mehr? Ich kann euch nicht folgen. Lol, Navi-Suit ist auch nur noch 3K wert? Krass. Navi-Suit nur noch 3K wert, das ist ja crazy bad. Ist das nicht sau wenig? Ist gerade Mandarin-Modus, deshalb. Oh. Deutscher Sprachchip. Der Flive-Sprachchip. Schon geschlafen, Silverwing? Nein. Gibt es einen richtigen Zeitpunkt, um die 3 Mio-Bots zu kaufen? Nö. Also ich werde sie mir wahrscheinlich gar nicht kaufen, tatsächlich. Weil es gibt in 4 Tagen... Oh, Android Level Reach habe ich noch nicht gemacht. Nicht Android Level Reach, Android Attendance. In Android Attendance gibt es in 4 Tagen ein Pyoko für 15 Tage. Und in 11 Tagen gibt es ein Pyoko für 7 Tage beim gesamte Verbindungen. Also 3 Wochen Pyoko for free. Das ist ein Premium-Fluggerät. Das wäre dann tatsächlich ein guter Zeitpunkt, um vielleicht ein paar Quests zu machen. Wenn man ein Premium-Fluggerät hat. Moment mal. Ihr hört mich noch, oder? Ich bin live. Dann muss der Stream automatisch gecuttet worden sein. Weil wir sind bei 48 Stunden und 6 Minuten. Hallo, hört ihr mich? Bin ich live? Hallo? Jo, der Stream wurde gecuttet. Der Stream wurde automatisch gecuttet bei 47, 59, 57. Ich musste F5. Oh. Damn. Crazy. Wieso sind eigentlich alle AFK um die Uhrzeit? Das geht nicht ab, Mann. Es ist 9 Uhr früh. Steht's mal auf, ihr faulen Säcke. Bei ihm ist es halt einfach nachmittags. Schau mal, eine fliegende Ratte. Ich bin komplett falsch. Hier habe ich meinen Demol plus 6 gedroppt vorhin, bei der ersten Quest davon. Oh, der Bow ging weg für 500k, nice. Gibt es einen Abenteuer XP-Boost? Nein. Wieso soll es da einen XP-Boost geben? Ach so, doch. Ja, XP sind dort besser, falls du das meinst. Grundsätzlich. Also es ist jetzt kein Giant mehr, der Lord Longwing, und trotzdem ist er nicht da, wo es angezeigt wird. Wieso nicht? Wieso nicht? Es ist jetzt ein schnell respawnendes Quest-Monster, das keine Items mehr droppt. Und trotzdem ist er nicht da. Das... Welcher Channel Gangster? Wofür? Oh! Danke, Bro. My bad. Aber was ist das doch für ein Scheißdreck? Warum gibt's... Warum überhaupt? Warum? Aber eigentlich ist es falsch. Weißt du, warum es falsch ist? Das ist kein Giant. Es ist ja ein Lord. Also eigentlich ist das falsch, dass der hier nicht ist. Weil das ist kein Giant. Das ist Lord Longwing, nicht Giant Longwing. Also eigentlich müsste er auch auf Channel 7 sein. Aber steht auch Boss. Ja, aber das ist doch kein Boss. Also anhand der Sterne ist es kein Boss, aber ein Giant tatsächlich anhand der Sterne. Alter, wo fliegt denn der hin, Mann, Bro? Lord ist ein Boss? Nee, anhand der Sterne erkennst du es, es ist ein Giant. Die Sterne sagen, es ist ein Giant. Aber er heißt nicht Giant. Aber gut, es gibt Giants, die heißen nicht Giant. Naja. My bad, tatsächlich. Habe ich echt nicht dran gedacht. Ich queste eigentlich auch gar nicht. Das ist nur so eine Random Quest, die man schnell machen kann. Die gibt ganz gut XP. Und ein bisschen La Peña.
Aber ja, das ist goofy mit Channel 7 und Channel 8. Das ist halt echt... Was soll das? Wie hast du gestellt, wenn du erst Bone dann Yo gespielt hast? Full Dex und mit Skills, Junk Arrow und Aimed Shot und Autoshot. Full Dex bis 60 und auf 60 wirst du gerestattet automatisch. Und dann halt überwiegend STR. Ich habe immer noch Dex, wegen halt Low Budget und so vor allem. Ach, ich muss Darkon Blinkwing gleich einsetzen. Eigentlich müsste Town Blinkwing reichen, aber das hat mich schon so oft nach Flaris zurückbefördert. Ja. Also, kommt drauf an. Der CS Giant für den Pass. Ja. Ja, also ich meine, Quest-Monster hätten sie ja trotzdem lassen können. Channel 7, Channel 8, no Giants Bosses except for Quests. Einfach so 3 Paragraphen lange Beschreibung von Channel 7 und Channel 8. Keine Sorge, ich mache nicht Clockbox, ich wollte nur den Catcher hier abholen, weil hier ist eigentlich immer einer. Hier ist eigentlich immer ein Catcher. Fost. Fost immer. Na, jetzt werden endlich Quest-Items gekauft. Na also. Ich sag doch, es hat am Preis gelegen. Da stehen nicht so viele Shops. Es lag am Preis, weil ich unterboten wurde. Ich wurde einfach unterboten. Auf einem anderen Channel würde ich vielleicht mehr Geld bekommen. Weiß ich nicht. It is what it is. Fro und ich sitzen, by the way, nebeneinander in meinem Zimmer. Okay. Diese Information hättest du besser für dich behalten, Sir. Kappa. Nicht mal Batman hätte das aus mir rausprügeln können. Kappa. LAN-Party oder was? Wie lange? Wie lange? Karis. Geht. Carissi Schmozo. Carissenburger. Der alte Carissenburger. Ich bin enttäuscht, dass ich bei 36 Live immer noch keinen Sub bekommen habe. Bei 36 Live? ...36 Stunden. Bro, wir sind bei 48. 48,13. Die Männer sind bereit. Oh, danke Evoli. Danke Evoli für den Giftsub an den Karis. An den Karis-Schmaris. Daddy EJ hat gerade einfach bei mir Guru gekauft, by the way. Shoutout an the Goat, Daddy EJ. Einfach Gurus bei mir gekauft. Timer neu machen. Das sind nur 72 Minuten, Sir. Ja gut, wenn ich alle meine Power Dice verkaufe und noch ein paar Materialien, hätte ich fast 50. Ah, ich habe auch keine Penya Flasks mehr. Kann ich gar nicht vorstellen, wie ätzend das ist, wenn man so arschbroke ist. Aber ich hatte noch nie so viel Geld. Der 37 Bio ist mit Abstand das meiste Geld, was ich jemals hatte. Es war erst 14, dann 19, jetzt 37. Geistesgestört.
ich will eigentlich keine Catcher farmen, das ist so ein Scheiß. Scheiß drauf. Das ist echt nicht viel. Also jetzt ist wirklich ein Lichtblick. Wenn der Shop noch ein bisschen was abwirft, der Shop muss jetzt noch ein bisschen was abwerfen. 3, 4 Mio, dann Power Dice zum aktuellen Preis. Das sind aktuell 7, 4, 10. Ja, also 40 Mio durch Power Dice. Und dann nochmal 10 Mio. Also ich sag mal so, I guess 50. Wobei es gibt 2 Jojos um 50 bis 60 Mio. Und die sind beide noch nicht... Warte, ich kann noch mal gucken. Die wurden beide noch nicht gekauft. Jetzt, ich habe sie noch mal im Stream gezeigt. Falls auch jemand nach His-Jojo sucht. Das heißt, die His-Jojos sind gerade krass am Droppen. Sie sind günstiger denn je. Sie sind literally günstiger denn je. Und das sind jetzt ja auch schon wieder 10 Minuten oder so. Und wurden nicht gekauft. Gut, ich will ihn jetzt auch nicht scammen. Aber ich meine, ist halt blöd, ne? Ist jetzt für beide blöd. Aber das Risiko hat er in Kauf genommen. Ich muss sie mal nicht abkaufen, aber ich tue ihm, glaube ich, einen Gefallen, wenn ich sie mal abkaufe. Wenn es noch weiter sinkt, kriegt er noch weniger Geld. Also wäre es schon besser, wenn ich ihm trotzdem noch schicke, das Geld. Ich meine, es wird so oder so ein wertes Geld, aber gut, das kann man nicht ändern. Das kann man nicht ändern, wenn jemand einen Tag nicht mehr online kommen kann. Nacht durchgemacht. Normalzustand. Ich kenne das gar nicht mehr anders, Sir. Scam-Styler. Ey, er hat mir angeboten, er schickt mir das Jojo, er muss offline. Er hat literally gesagt, er muss offline, er muss schlafen, er ist den ganzen Samstag weg, kommt frühestens Sonntagnacht nach Hause. Sonntag um 6 Uhr früh, wird sturzbetrunken sein, direkt ins Bett gehen und dann irgendwann Sonntagabend online kommen. Das waren wortwörtlich seine Worte, Sir. Das heißt, er hätte das His-Jojo jetzt eh nicht mehr rechtzeitig verkaufen können wahrscheinlich. Oder halt vielleicht schon, aber halt auch nur auf Krampf, wahrscheinlich auch für einen schäbigen Preis. Und dann will er Kohle sehen. Naja, wie gesagt, wenn ich es ihm jetzt nicht abkaufe, dann ist es am Sonntag noch 20 Mio wert. Nur dass dann 20 Mio, also es ist besser, ich schicke ihm jetzt noch knapp 50, als dass er am Sonntag 20 bekommt. Ich weiß, es war halt ein Gamble. Ich meine, ich habe literally gesagt, ich gebe dir 75 bis 87, je nachdem. Also ich habe gesagt, das ist das, worauf wir uns einigen. Falls ich keins finde oder whatever. Oder halt den aktuellen Marktpreis. Also, ich meine, ich kann ihm jetzt nicht das Doppelte zahlen. Das wäre auch crazy. Tempsu, danke für den Follow. Aber wie gesagt, ich meine, im Worst Case würde ich sie ihm jetzt zurückschicken, aber er ist bis Sonntag nicht da. Also, das ist jetzt so oder so scheiße. I guess. Aber er ist das Risiko eingegangen. Ich meine, ich sage ja immer, schickt mir keine Sachen zu. Das... Ich meine, gut, in dem Fall haben wir uns drauf geeinigt, aber ja. Grundsätzlich halt, ne? Da wird auch ein His-Jojo plus 5 gerade verkauft. Oh, das hat auch schon was. Element plus 6. Oh. Jemand, der Equipment loswerden will, ist vielleicht... Ah, der wird safe nicht für unter 50 verkaufen. Doubt it. Du bist auch sturzbetrunken, Exakopter. Achso, du dachtest, das ist jetzt eine Entschuldigung für dein unverschämtes Verhalten, Sir. Falsch gedacht. Freundchen. Falsch gedacht, Sir. Das ist deine Ausrede dafür, dass du mit meiner Frau geschlafen hast? Ich für unter 50. Okay, ja gut. Hätte ich auch nicht erwartet, Sir. Immerhin ist es ja auch geupgradet. A little bit. Das mit dem Element ist dann das nächste Problem, by the way. Selber, Freundchen. Das mit dem Element ist dann sowieso das nächste Problem, weil ich habe keine Low Products. Ich habe keine Low Products. Also schwierig.
Ne? Was kosten Low Products? Ich habe legit noch kein einziges gesehen. Was kostet denn Scroll of S Product Low überhaupt? Die sind ultra günstig. Sir, ich brauche einen Preis, Sir. Ja, aber ich gehe hier hin und krieg direkt wieder so aufs Maul, dass du direkt keine Lust mehr hast, ey. Ich hasse Cruiser-Set so sehr. Cruiser-Set ist der Albtraum. Wisst ihr, was auch richtig geil ist? Selbst wenn ich das Histio jetzt dann vielleicht demnächst kriege. Oder habe, whatever. Ne? Ja, dann darf ich direkt 90er-Set kaufen. Gut, ich habe 10 Level Zeit, aber trotzdem geht der Albtraum direkt weiter. 250k? Das ist doch nicht ultra günstig, das ist arschteuer. 250k? Niemand hat so viel Geld. Oh, fuck. Sorry, Mister, ich bin Billionär. Das ist arschteuer. What the fuck? Auf Borodeng kosten die 5000. Sicher, dass die günstigsten 250k sind? Nö, das hat nur jemand im YouTube-Chat geschrieben. Weiß nicht, ob das die günstigsten sind. Dann machst du einfach plus 10, dann bekommst du weniger aufs Maul. Das ist jetzt faktisch nicht falsch, Sir. Faktisch haben sie damit recht, ja. Das ist nicht unwahr, was sie sagen. Ich aktualisiere den Timer in 7 Minuten. Ich wollte jetzt noch die Penya Flask nicht verschwenden. Wie gesagt, ich bin dauerhaft quasi auf 0 Penya. Es sieht jetzt gerade mal halbwegs gut aus, aber eigentlich bin ich dauerhaft auf 0. Effektiv bin ich die ganze Zeit auf 0. Aber gut, ich habe gerade überlegt, hier noch Element drauf zu packen. Dann mache ich das jetzt auf jeden Fall nicht mehr, wenn ich jetzt dann vermutlich demnächst die Waffe wechsle. Aber Element wechseln... Oh, Junge. Jedes Mal eine Mio zahlen, nur fürs Entfernen. Dann darfst du... Ach, das ist so ein Albtraum, ey. Was habe ich mir hier nur angetan? Das heißt, jedes Mal eine Mio fürs Entfernen. Dann darfst du Low Products kaufen. Dann darfst du Materialien entweder farmen oder kaufen. Dann kostet es auch noch ein bisschen Penya. Gut, die Penya-Kosten sind überschaubar, aber trotzdem. Und das jedes Mal, wenn du die Monster wechselst. Ja. Geil. Warum spielst du nicht 1v1? Warum spielst du nicht 1v1? Weil es scheiße ist. Spaß. Aber es ist echt scheiße. Elementor, Wasser plus 1 und nie wieder ändern. Elementor, His Stuff und nie wieder ändern. Außer auf AG und dann Bloody. Aber das ist crazy. Erst Blade und Knight hast du die Probleme nicht. Das stimmt, ja. Das ist so unfair. Ich verstehe gar nicht, warum sich da nicht übelst drüber aufgeregt wird. Eigentlich müssten alle 1v1-Spieler kollektiv verlangen, dass das geändert wird. Entweder, dass Blade und Knight mit in den Schmutz gezogen werden und genauso wie alle anderen plus 10 machen müssen, wenn sie viel Schaden wollen. Oder, dass alle anderen, was natürlich besser wäre, das gleiche haben. Alle Klassen bekommen einen Empower-Element-Skill und alle Klassen haben diesen Vorteil. Weil das ist eigentlich lächerlich. Bei Blade könnte man argumentieren, ja, er ist ja so teuer. Und was ist Knights Argument? Der profitiert einfach davon, oder was? The fuck? Und dann machen sie beide noch den meisten Schaden. Also, the fuck? Das ist so crazy. Check nicht, wie sich da nicht echt permanent drüber aufgeregt wird. Dass das nicht permanent irgendwie zur Debatte steht, dass das wirklich jetzt ultra unfair ist und whatever. Also ich meine, ich sag das andauernd, aber... Und ich bin nicht mal 1v1, eigentlich könnte es mir egal sein. Piercing-Kosten, ne? Ja, da klingelt was, glaube ich. Hab schon ewig nicht mehr gesockelt. Es ist einfach so, als wäre das ganze Game entwickelt worden, um den Leuten zu sagen, hey, warum spielst du eigentlich nicht einfach Blade?
Hey, pass mal auf. Warum tust du dir das an? Spiel doch einfach Blade. So fühlt sich das manchmal an bei Flive. Also halt literally. Mein Mikrofon ist ein bisschen eingestaubt, sehe ich gerade. Jetzt habe ich Staub auf der Zunge. Rip. Einfach schlechtes Balancing, das war schon 2.7 schlecht. Ja, wir spielen gerade die geremakte Version letztendlich. Da müsste man ja erwarten, dass es vielleicht besser wird. Was habe ich jetzt so Staub im Mund, Alter? Und die Halluzinationen setzen ein. Hier ist wahrscheinlich überhaupt kein Staub. Und die Halluzinationen beginnen. Kappe. Oh, cool, jemand, der seine Items nicht aufhebt. Jemand, der seine Items nicht aufhebt, trotz CS-Pad. Aber er ist aus der Gilde der Boss. Die haben letztes Jahr $20.000 gewonnen. Die haben das wohl nicht nötig. Mehr hat was geht ab. Fang jetzt auch endlich an, hatte leider keine Zeit. Oh. Junge, jedes Mal, wenn ich einatme, kriege ich Staub in die Fresse. What the fuck? Was? Habe ich hier in ein Staubhornissennest getreten oder was? Was geht ab? Crazy. Matt Mert, danke für den Sub. Alter, nein, Earthquake 4, scheiße, die ist wertlos. Danke für den Sub, appreciated. Und danke für den Follow. Sub into Follow, wer kennt's nicht? Das ist echt seltsam, ey. Vielleicht soll ich putzen statt grinden. Das ist nicht, weil ich hier nicht putze. Das ist, weil ich meinen PC sauber gemacht habe gestern. Also gestern, mit gestern meine ich Mittwoch. Ich habe übersehen, dass Staub aufs Mikrofon gekommen ist. Habe ich leider übersehen anscheinend. Ist mir literally gerade erst aufgefallen. Und jetzt habe ich einmal den Staub irgendwie aufgewirbelt und jetzt atme ich ihn die ganze Zeit ein. Selbstsabotage. What? Earth? Erdlos? Ist doch für Night Nummer 1 Item als Tank. Earthquake Card 4, wann war die jemals was wert? Ja, ich bin tot. Meine M hielt einfach nicht. Er macht einfach nichts. Der Pfosten macht einfach nichts. GG. Tatsächlich, ich habe vorhin so angegeben, dass ich bei jedem Monster heale. So ganz freiwillig ist das nicht, weil, wenn ich es nicht tue, sterbe ich. Also ich habe nicht wirklich die Wahl, es nicht zu tun, sage ich jetzt mal. Also theoretisch schon, aber dann bin ich höchstwahrscheinlich sehr oft tot. Also ich mache es nicht nur wegen den Bonus-XP. Also Combat Blade, weiß ich, was du meinst. Ja, es ist ein Albtraum, ey. Ich kann es nicht oft genug sagen. Die Leute, die sagen, also mit Cruiser hatte ich noch nie ein Problem. Mit Combat Set bis 150? Absolut kein Problem. Also mich stört's nicht, dass ich mehr Schaden bekomme. Was stimmt mit dir dann nicht? Was stimmt mit dir nicht, wenn dich das nicht stört? Was zur Hölle stimmt mit dir nicht? Wie zur Hölle kann einen das nicht stören? The fuck is wrong with you? Crazy. The fuck is wrong with you? Wie zur Hölle stört einen das nicht? Das ist absoluter Wahnsinn. Sowas auch nur zu denken. Wechsel gleich auf 90er Nightzeit bei jedem Mob hin zu müssen, fuckt mich auch ab. Ja, es ist... Ich würde mal sagen,
es ist normal, wenn einen das abfuckt. Und wenn das nicht abfuckt, dann ist das irgendwie voll nicht normal. Wie zur Hölle fuckt er das nicht ab? Es mindert den Spielspaß halt wirklich um 3000% gefühlt. Naja. Ich meine, die Bonus-XP sind nett. Also ich meine, man weiß wenigstens, es bringt was. Also neben dem, dass man nicht stirbt, dass es auch tatsächlich noch für den M gut ist, grundsätzlich. Aber es nervt trotzdem. Ist das normal mit 62, dass man keine Elderguard mit Hot Air killen kann? Kommt drauf an. Hast du Link Attack? Also 8 Char Link Attack. Erstmal beide Chars zeitgleich am Sterben. Let's go. Ja. Okay, und wie viel fehlt? Hast du eine Waffe mit Hot Air Damage? Was du auf 62 eigentlich auch haben solltest. Du hilfst lieber random, um Bonus XP zu bekommen, als hin zu müssen, weil ich sonst nicht abkratze. Ja, da ist was dran. Sehr gut umschrieben, Sir. Ach, meine Penya-Flask ist ja schon längst weg. Ich dödel. Aber jetzt habe ich mich schon gerebufft. Nein, Spaß. Also, wir hatten 3 Single-Subs und eine 5er-Bombe von... jetzt muss ich nochmal nachschauen kurz, sorry. Burrito Frontier. 3 Single-Subs, ein Gifted, 2 normale. Achso, und noch 40 Bits von Dorenchen. 80, Entschuldigung. 80 Bits. Ich weiß nicht, 80 Bits. Ich glaube, ich habe eine Sekunde. 4 Minuten müssen das sein. Nee. Ja, doch, knapp. Ja, runden wir auf. Runden wir auf. Nee, aber es ist nicht. Nee, es sind 3 Minuten. 3 Minuten. Das ist etwas zu viel aufgerundet. Also, das heißt 36, 39. Ja, 99 Minuten fehlen. 99 Minuten fehlen beim Thema. Bei der Themaverfehlung. Also, 3,31. 4,10. 15. Bei 5 Stunden 10 sind wir jetzt. Ja, sorry mit dem, dass der Timer nicht funktioniert. Also es ist echt ein bisschen ungünstig gelaufen, leider. Nee, 5. What? Jetzt. Okay. So. Jetzt sind wir wieder aktuell. Ach so, Beicht wurden, glaube ich, noch... Verdammt. Oh, es wurden noch ein paar Sublängen, glaube ich, gemacht. Verdammt, Moment. Kanalpunkt habe ich vergessen. Nach meinem Rant vorhin wurden, glaube ich, ein paar rausgehauen. Jax 2 Minuten hatte ich, glaube ich, zuletzt, oder? Ich habe mir gestern einen neuen Porsche gekauft und habe aber gar keinen Platz mehr in der Garage. Ich habe schon 5. Hier, Jax 2 Minuten. Vier, 10, 34, 36 Minuten. Ja, lieber Fürze. Er ist fucking Rauch zu riechen, Mann. Ohne Scheiß. Steht dazu, Mann. SM ist ein Banger. Dir lieber Fürze. Keinen Tag ohne SM. Fucking Rauch. Bro, jetzt habe ich's vergessen, Alter. Mann. Jetzt habe ich vergessen, was ich gerade ausgerechnet habe. Verdammt nochmal. 2. 36 waren es.
Jesus, man. Das ist ein Witz. 36, also 5. Oh, Jesus Christ, Alter. Vielleicht brauche ich echt ChatGPT dafür. Also 36 wären theoretisch 46. Jetzt sind ja schon wieder 2 Minuten vergangen. 44. 5,44. Oh, das ist immer so nervig. So. So, meine Fresse. Was für ein Geraffel, Alter. So, mein letzter Penya Flask. Ich bin wirklich komplett broke. Ich brauche jetzt in einer Stunde das restliche Geld für das His-Jojo. Und wir machen 50 Mio. 50 Mio kann man jetzt in den Shops kriegen. Schauen wir nochmal nach. Wurde da eins gekauft? Nope. Wurden immer noch nicht gekauft. Also 50 könnte schon fast overpaid sein. Macht trotzdem 50. Das heißt, ich bin ein Scammer. Also safe nicht von ihm, aber von euch oder so. Von irgendeinem von euch dann. Ja. Aber das ist crazy tatsächlich. Also jetzt wäre es eigentlich richtig klug. Eigentlich wäre es jetzt richtig klug, schlafen zu gehen und sich nach dem Schlafen für 30 zu holen. Eigentlich ist es jetzt richtig dumm, es sich jetzt für 50 zu kaufen, weil es wahrscheinlich jetzt 7, 8 Stunden pennen und es dann für 20 holen. 20, 30. Crazy. Also ich frage mal vorsichtig. Hat irgendjemand vor, den Stream nochmal extrem in die Länge zu ziehen? Aber dein gespartes Penny ist dann auch weniger wert? Ja, aber nicht, wenn es für ein His-Jojo eingeplant ist. Nicht, wenn ich es für ein His-Jojo eingeplant habe, Sir. Dann nicht. Ich habe gerade übelst das Déjà-vu tatsächlich. Ich habe gerade ultra das Déjà-vu. Letztes Jahr FEC oder vorletztes Jahr hatte ich eine ähnliche Situation, glaube ich mal. Ich habe gerade übel das Déjà-vu. Aber ja, was auch immer ich gerade gesagt habe. Misa, es läuft kein Global Attack, Sir. Ich mache kein Damage. Können Sie bitte was dagegen tun? We do not have Global Attack. Sir? Do something, please. Thank you. Mein Damage ist noch beschissener als sonst. Das merke ich sofort. Ich mache normalerweise viel mehr Schaden. Sir. Mein Damage ist schlecht, aber nicht so schlecht. Okay? Was gab's, Syntax? Auch wieder am Start. Wenn man F-Coin kauft, welches Roll soll man am besten holen? Das Roll. Am besten das, was du selber brauchst. Aber A-Products sind aktuell wahrscheinlich ein ganz guter Call. Aber S-Products sind auch meistens ziemlich gut. Aber momentan braucht eigentlich jeder alles, weil... Ja. Momentan braucht jeder alles. Guten Morgen, Envy. Wie laden sich die Shop-Teleports auf? Keine Ahnung. Einmal pro Tag, maybe? Ja, einmal pro Tag wahrscheinlich. Warum spielt Jojo so viele zur Zeit? Weiß ich nicht. Selbsthass? Weil man sich selbst hasst? Weil man auf SM steht? Würde mir zu pauschal einfallen.
Bisschen Bondage vielleicht noch. Was? Auf Saint Morning? Ergibt keinen Sinn. Keine Ahnung, wie ich auf Saint Morning komme. Das war close. Obwohl mein GT hält 1 Minute, oder? Ach, der hat kein S. Er hat kein Mantis-Sein mehr. Der bofft mich gar nicht mehr. Hat die Schnauze voll, der Bursche. Wie war die arbeitsreiche Nacht? Pretty bad. Safe, damit alle das 150er Bytes Katzenset tragen können. Ja. Und dann treffen wir uns alle in Flares und tanzen das Musical Cats. Eistee. Wir treffen uns dann alle und machen ein Flive-Musikvideo zum Musical Cats. Das ist die beste Idee, die ich jemals hatte. Zum Catsmobil. Was hast du geraucht? Ey, er hat das geschrieben. Er hat damit angefangen. Ich war das nicht. Er hat damit angefangen. Er war's. Was gab Läusel? Hot Air Erweckung hast du tatsächlich nicht, aber es sollte es auch nicht ausmachen sollen. Naja, doch, mit einer Hot Air Erweckung kannst du 15% mehr Schaden machen. Tatsächlich, Wratzlowski, ist eine Hot Air Erweckung schon nicht schlecht. Aber ist nicht schlimm. Nimm einfach Firebird. Du hast ja wahrscheinlich eh noch dein Reskill, oder? Wenn du dein Reskill noch hast, max einfach Firebird. Firebird ist auch saustark. Und mach einfach 1v1. Mit Firebird sollst du maximal 3 Hits brauchen für Captain Elderguard oder so. Das sollte auch fit gehen. Aber ja, nee, also Hot Air Erweckung wäre tatsächlich schon ziemlich gut gewesen. Ich meine, kannst du nicht kontrollieren, wenn du keins droppst, droppst es nicht. Aber ja, es ist tatsächlich wichtig. Ist tatsächlich leider wichtig. Woher bekomme ich einen Kollektor? Bei jedem allgemeinen Händler. Allgemein Bill, allgemein Louis, allgemein Achaben, allgemein Whatever the fuck in den anderen Städten kenne ich sie nicht. Die sind mir zu New School. Oh, ich werde gerade ein bisschen dizzy. Wie gesagt, eigentlich sollte ich jetzt schlafen gehen. Ein normaler Mensch würde jetzt schlafen gehen. Kannst du was zum Third Job Change sagen? Hab das gestern aufgeschnappt. Naja, nicht wirklich. Wir wissen jetzt, dass der Third Job Change kommt. Aber mehr wissen wir offiziell noch nicht. Für eine ausführliche Erklärung bin ich jetzt gerade nicht in der Lage. Oh, ich habe eine Lightning 4 gedroppt. Let's go. Wann war das denn? Das habe ich gar nicht gesehen. Das war jetzt schon 5 Minuten her oder so. Anscheinend. Crazy. Tja, anscheinend will das Spiel, dass ich doch endlich ein His-Jojo trage. Jetzt gibt es mir sogar noch eine Lightning 4. Die sind aber... Mich triggern die Lightning 4 ein bisschen, weil ich finde, die sind viel zu wenig wert. Also ich hätte
Also, weiß jemand den aktuellen Preis für Lightning 4, der auch wirklich gezahlt wird? Chat? Irgendwelche Frühshopper? Und ja, ihr seid betrunken. Ich weiß, ich meine aber ausnahmsweise nicht das richtige Frühshoppen mit Betrinken, sondern tatsächlich shoppen gehen. Du hast eine für 5 gekauft, weil du sie resellen willst, du dreckiger Reseller. Du spekulierst. Das sind für dich nur Spekulationsobjekte. Du dreckiger Reseller. Du dreckiger Reseller. Du dreckiger Reseller. %10 wird auch für genug interessant und dann geht's ab. Ja, aber du brauchst massenhaft E-Products dafür. Um die dir zu craften, falls das dein Plan war. Not my problem. Oh. Selber betrunken. Nein, Exakopter, du bist betrunken. Selber Handtuch. Nein, Sir, ich bin ein Mensch. Und Sie sind ein Handtuch. Selber Handtuch, ich bin kein Handtuch. Wen nennt ihr hier Handtuch? Ich bin kein Handtuch. Und vergesst nicht, Kinder, wenn ihr an den Strand geht, könnt ihr nass werden. Immer das Handtuch dabei haben. Bisschen Kiff. Junge, Mr. Steven McTauley hat mich komplett ignoriert, by the way. Ich habe ihm geschrieben, FEC, er hat nicht mal geantwortet. Crazy. Crazy. Nicht mal wie sagt man? Left me on red. Ja, vielleicht hat er es nicht gelesen, weiß ich nicht. Sieht man bei Discord nicht, aber einfach nicht mal geantwortet. Einfach nicht geantwortet. Ghosted. Jetzt dreht er völlig durch. Bro, als ob man hier nicht mehr South Park zitieren darf. Dann fängt's aber an. Also wer Tauli von South Park nicht kennt, Lost. Lost. Einfach nur Lost. Mr. Hanky. Okay, der Typ ist aber echt cringe. Und nicht so lustig. Das fand ich, das mit Mr. Hanky habe ich nie so richtig verstanden, muss ich sagen. Hat dir gerade jemand Five gesagt? Du siehst echt noch fit aus, oder das, was er sagt? Verdammt. Ich denke, das beantwortet deine Frage, Sir. Sie haben gerade auch 4-mal meine Frage ignoriert, das ist nämlich Karma. Was war denn deine Frage? Ja, wieso sehe ich das nicht? Bro, du hast nichts geschrieben. Deine letzte Nachricht war 1926, Alter. Lohnt es sich mit Level 70 zu geeken? Ja, wenn du Giants findest und was droppst, lohnt es sich. Wenn du keinen Giants findest und nichts droppst, lohnt es sich nicht. Keckweh. Ich weiß, sehr hilfreich. Alter, statt eure Kanalpunkte für diese dämlichen Clips auszugeben, kauft doch lieber Streamzeit. The fuck? Wie einfach keiner will, dass der Sabaton länger wird. Crazy. Little bit hilarious, to be honest. Little bit hilarious. Wie einfach niemand will, dass er länger wird. Crazy.
Außerdem Lost in Toilet. Ich streame halt erst seit 50 Minuten. Wie meinst du das überhaupt mit dem? Siehst noch fit aus. Guck mal unter den Stream. 30k plus 2 Minuten und die Ausrufe kosten 2k. Das habe ich vorhin schon erklärt, Sir. Ich werde es jetzt nicht nochmal runterbrechen. Wieso das, wie viel kostet und was ich mir dabei gedacht habe und so. Das habe ich jetzt schon echt oft erklärt. Mehr Kanalwetten für Punkte brauchen mehr, um zu verlängern. Ach, da gehen sie dann alle mit 100.000 Punkten rein. Das ist mal wieder typisch. Und ich erkläre nur, wieso Leute, die gerade Dinger machen. Danke. I'm doing my part. Ey. Ja, es gibt nicht so viel, auf das man wetten kann. Wenn man nur levelt, to be honest. Da gibt's jetzt nicht so viel. Ich habe ja aus, wenn mein Pad weggeklickt, ey. Das kann doch gar nicht sein. Ich habe Critical Swing nicht aktiviert. Alter, ich schwöre euch, irgendwas stimmt nicht. Wenn ich Critical Swing nicht drücke... Ach so, Inventar vielleicht. Oh, na gut. Beim Inventar. Ich fettfingere Inventar und 8. Jetzt habe ich den Fettfinger gesehen. Also, das ist das Einzige, was irgendwie Sinn ergibt. Wenn ich I drücke und ein bisschen sloppy, a sloppy Joe, a sloppy Fettfinger. Wenn du Inventar drückst, dann kannst du auch die 8 drücken. Sloppy Joe Fettfinger. Nevermind. My bad. GZ, Chris, endlich bist du Level 80 und einer von den großen Jungs. Danke euch. Dankeschön. Danke. Danke. Ja, das ist schon heftig. Ich bin 80 und irgend so ein Typ erreicht morgen 150. Crazy. Auf mit dir nach CW. Ich habe tatsächlich aus Spaß gesagt, ich könnte ihn auf Solo theoretisch probieren. Das wäre das Einzige, was ich vielleicht schaffen könnte. Aber ich glaube, das mache ich nicht mit His Jojo. Das dauert selbst mit His Jojo und selbst wenn der nur 12 Millionen HP hat, dauert das safe eine Stunde. Also mein DPS bei den Viechern hier liegt bei 7.000 bis 10.000. Oh, Karis, deine Nachricht kam ein bisschen verzögert. Ich habe sie schon vor 2 Minuten vorgelesen. Dafür fehlt mir die Erfahrung, um das jetzt zu lösen, das Rätsel. Was? Was? Irgendwie wurde deine Nachricht jetzt erst angezeigt, Karis, obwohl ich sie schon vor ein paar Minuten vorgelesen habe. Komisch. Merkwürdig. Alles Platz 1 im Blade 127. Echt? Was ist mit dem Chinesen passiert? Wenn ihr jetzt nicht gleich das Spiel startet, dann DDoS ich euch. Dann startet nie wieder jemand dieses Spiel. Also der Psy. Gab's so einen Psykeeper-Chinesen anscheinend, der war Erster für eine Weile. Wie kann man gegen einen Blade verlieren als Psy? The fuck? The fuck? Ist ja peinlich. Imagine, du bist Psy und verlierst gegen einen Blade. Psy ist mit dem Kopf auf den Stein geschlafen, bis jetzt nicht mehr aufgewacht. 123 ist auf Platz 4. Okay, imagine, du verlierst gegen einen Blade und bist 4 Level niedriger als er. Also mir wäre das ja peinlich. Also, mir
Level 80 Jojo Jester nach 46 Stunden Spielen, fast 47 Stunden, wäre das ja schon peinlich, ne? Aber ich kann da nur für mich sprechen. Also mir wäre das peinlich. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sag nur, was ich denke. Ich sag nur, was ich denke, okay? Das werde ich ja wohl noch dürfen. Goofy. Darkeel. Schon mal gelesen, den Namen. Ja, auch über 1000 Euro drin. Platz 55, der beste Jester mit 108. Damn. Also ist Jester nicht mal in den Top 50. Es ist kein Jester in den Top 50. Das ist schon geistesgestört peinlich. Ey! Bin ich unter den Top 1000 höchsten Jestern? Aber das sieht man nicht, ne? Bin ich safe. Also Top 1000 beste Jester wäre crazy peinlich. Wenn ich da nicht drin wäre. Imagine, es gäbe einfach über 1000 Jester, die über mir sind. Ey, das wäre geisteskrank. Holy shit, wäre das crazy. Imagine, es gibt nicht nur weit mehr als 1000 Leute über mir. Nein, es gibt sogar 1000 Jester über mir. Nach 47 Stunden Grind. Ich glaube, es gibt nicht mal 1000 Jester insgesamt. Ja, nee, ich habe mich nur versprochen, natürlich. Ja, Mann, die Flive-PC-Rangliste war so viel besser. Da hast du nämlich immer gesehen, wo du in den Top 10.000 bist. Also es war keine Top 10.000. Es war auch eine Top 100. Aber es war eine Top 100 für alle Klassen. Also für jede Klasse die Top 100 der jeweiligen Klasse. Also war es effektiv mehr als eine Top 100. Und dann hast du innerhalb der Top 10.000 immer gesehen, welchen Rang du hast. Also es war eine indirekte Top 10.000. Also wenn alle in den Top 10.000 gesagt hätten, welcher Rang sie sind, hätte man eine Liste erstellen können. Was natürlich Schwachsinn ist. Aber ja. 39 der besten Jester ist 81, also bist du so Platz 40. Und welcher Rang ist der in den Top 1000? 999. Aber das kann gar nicht sein. Das kann eigentlich nicht sein. Wie viel HP für Clockworks? Also mindestens 6,5 für Easy, wenn du nicht solo gehst. Also wenn du zu zweit reingehst. Mindestens 6,5 für Easy. Mindestens 7 für Easy, 7,5 für Middle und mindestens 8 für Hard. Platz 998 ist Jester mit 81. Oh, wow. Krass. Naja, ich würde trotzdem sagen, dass es das nicht worth war. also für das Ranking meine ich jetzt. Aber darauf habe ich auch nicht gespielt. Bruh. Naja, der einzige Lichtblick ist, dass wahrscheinlich fast jeder in den Top 1000 gecasht hat. Wahrscheinlich, naja, wenn ich eine andere Klasse gespielt hätte, wäre ich safe höher. Unlucky. Ey, was mich auch so abfuckt bei Jester sind die Self-Buffs. Ich vergesse immer die Self-Buffs. Es ist so nervig, die ganze Zeit zu aktivieren. Es sind zwar 10 Minuten, aber es nervt trotzdem so heftig. 3 Self-Buffs, die du alle 10 Minuten aktivieren musst. Fuck mich nicht ab, Mann. Es nervt. Es nervt. Es geht mir auf die Nerven. Ich muss jetzt in die Nervenheilanstalt. Monka S. Any Monka S in the chat? Macht es bei Merc-Klassen auch alles alleine? Naja, ja. Was soll denn da Blade sagen mit jeder Minute? Ja, sie haben 1 Skill, den sie jede Minute aktivieren müssen und 8, von denen sie keinen einzigen aktivieren müssen. Keine Ahnung. Vielleicht shut the fuck up. Sorry.
Sorry. Es ist bei jeder Klasse scheiße. Vigoring plus 7. Bitte, 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 bitte. Alter. Ich habe so viel clean Schmuck gedroppt, ich habe keinen Bock mehr. It is crazy. 0. Alle. NV? Du bewegst dich auf deinem Eis, mein Freund. Jetzt reicht's aber langsam, Sportsfreund. Sohnemann. Was denn? Hab gut geschlafen. Treib's nicht so weit, Freundchen. Don't get me started. In here. Let's keep it running, running, and running, running, and running, running, and... In this context, there's no disrespect. Black Eyed Peas. Misa ist 46, ist krass. Yeah. Misa ist geisteskrank süchtig. Hab schon seine Mom angerufen. Morgen hat er eine Intervention bei sich zu Hause. Wird lustig. Gonna be funny. Get his ass whooped. The boy is getting his ass whooped. Sir. Mit meiner Mom war ich essen und viel unterwegs für 2 Wochen Ruhe. Ich wollte schon sagen, wann warst du mit der unterwegs? Du bist seit 2 Tagen am PC, Bro. Aber okay, davor wahrscheinlich. Mittwoch den ganzen Tag mit ihr verbracht, um dann ab Donnerstag nie wieder was von dir hören zu lassen. Das ist auch Endgame-Call. Mama, ich bin für 3 Wochen in Asien. Ach wirklich, wo denn? In den Philippinen, in Manila. Oh, wow, schön. Schick mir doch ein paar Fotos. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist ein No-Handy-Trip. Ich werde keine Fotos machen können. Du bist nämlich nur digital in den Philippinen. Du bist locked in. Nur digital. Aber Mama, ich muss an den Fly World Championship in Manila teilnehmen. Stam ist wieder clean, schon wieder cleaner Schmuck. Es reicht. Enough is enough. Ich meine, Stamps sind sowieso wertlos, selbst wenn sie plus 7 sind, sind die wertlos tatsächlich. Die sind tatsächlich eigentlich immer wertlos. Die will irgendwie keiner haben. Drei Tage mit Freundin und jetzt das Wochenende zocken, Kompromiss. Deswegen hast du es doch plötzlich Zeit, nice. Cool. Was gab? Nix wie weg. Also 2 Plätze in der Gilde. Sonst kann ich nicht in CW rein. I guess so, sir. Channel 6, please. Gegen eine kleine Spende danach, bitte, Sir. Wenn Sie Reichtum, Macht und Ruhm durch diesen Clockbox erlangen, würden wir uns über ein paar Quest-Items und ein paar Penya verfreuen. A little bit. Just a little bit. Eine kleine Spende. Spende an Goldstyler. Goldstyler.com.
Wir kaufen ihr gebrauchtes Gold. Altgold, Neugold, Blattgold, essbares Gold, Goldgold, goldenes Gold, vergoldetes Gold, Flyfgold, flyfgold.com. Was? Willst du auch gerne auf dem Schiff anheuern? Naja, jetzt ist schon wieder zu viel. wir brauchen immer so 2, 3 Plätze brauchen wir für Clockwalks, leider. Also wenn jemand Clockwalks machen will, dann, ja. Wir haben jetzt erstmal gesagt, eigentlich nur mit Main Character. Jetzt gerade hatten wir 5 Plätze frei, also was wäre ein bisschen mehr. Und ich konnte ihn hoffentlich zur Spende überreden, dass wir wieder auch wieder mehr Plätze kriegen vielleicht. Aber wenn jetzt jemand sagt, und wir haben doch ein paar Leute, die in dem Levelbereich jetzt sind, wo sie Solo Clockwalks machen können, dass sie Clockwalks machen wollen. Du siehst, wir haben eigentlich keine RMs, basically. Wir haben 4 RMs. Und 2 davon sind nur wegen CW drin. Also, ja, ist ein bisschen blöd. Ist halt einfach saublöd mit CW. Ich verstehe nicht, warum man CW nicht einfach auf Solo starten kann, ohne Gilde. Oder einfach unabhängig von der Gilde. Dass das ein Gilden-Dungeon ist, das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Das ist einfach nur so umständlich und dämlich. Das ist wirklich dämlich. Also es ist so veraltet. Also Flyf hält an so vielen veralteten Konzepten fest, wo man immer mit Nostalgie argumentieren kann, aber wow. Hey, diesen Haufen Scheiße habe ich vor 35 Jahren auf der Straße gefunden. Der hat so heftig nach Scheiße gestunken, dass ich drauf gekotzt habe. Habe ihn mir eingerahmt und an die Wand gehängt. Also ich meine, nicht alles, nur weil es alt ist, ist gut. Also irgendwo ist auch mal Schluss einfach. Also es reicht auch irgendwann mal einfach. Man muss auch irgendwann einfach mal sagen, es ist einfach scheiße und es ist einfach schlecht. Das macht das Spiel legit schlechter. Und wenn etwas das Spiel schlechter macht, warum sollten wir es dann behalten? Kann man doch, du hast eben keine Buffs nach einiger Zeit. Ja, und keine Drops. Du vergisst die minus 88% Droprate, Mr. Eistee. Mr. Eistee Burger. Mr. Eistee Burger Junior. Könnte hier die Gilde. Ich glaube, könnte Solo Clock machen. Ist es dein Zweitschar oder was? Oder wie oder was? What is happening? Oh, hoppla. Nee. Was, mit 78 schaffst du keinen Clockwalks? Nope. Nope, das schaffst du nicht. Gleichgeschlechtliche Ehe in Fleisch oder sicherlich mindestens eine Mitarbeiter entlassen. Ja, Korea ist da eigentlich nicht so cool drauf, was das angeht. Die Koreaner sind da eigentlich nicht so aufgeschlossen. Bei dem Thema. Aber die Entwickler sind ja Franzosen. Wahrscheinlich weiß der Chef bei Gala nichts davon. Hat ihm bestimmt einfach niemand gesagt. Es ging nur darum, ob es geht. Klingt nach einem nicht mein Problem. Lad mich trotzdem ein. Dann musst du aber Questies spenden. Ein bisschen. Und eine kleine bisschen Penia. Eine bisschen Penia, eine bisschen Questi. Sonst nicht. Muss man sich für eine Spende verpflichten. Sir. Bitte. Wieso verkauft mein scheiß Shop eigentlich schon wieder so lange nichts? Ich warte eigentlich nur die ganze Zeit drauf, dass mein Shop ein bisschen was rausballert. Ohne Scheiß, ich warte die ganze Zeit, dass hier mal 40 steht oder so. Es kommt nicht. Wieso kommt da nichts? Immer doch.
Na, das will ich sehen. Muss trotzdem auf Channel 6. Da ist er wirklich Schluss, dann kommt niemand mehr rein. Außer 2 Chars für CW. Es gab Forever Iron 4. Wie geht's, wie steht's? Zweites Silos Suit. Die erste ging die Nacht für 2,5 weg. Wow. Wie viel hast du gespielt, Waxot? Ich schätze jetzt einfach mal so 5 Stunden. Du hast jetzt schon mehr und bessere Items gedroppt als ich. Die Asiaten sind krass. Der macht 8 Char-Taktik mit einem 1v1 Ranger. Crazy. He's stronger than me. Ich bekomme gerade so ein ganz mulmiges Gefühl, dass das Hiss-Jojo richtig heftig underperformt. Ich bekomme gerade so ein richtig mulmiges Gefühl, dass das Hiss-Jojo geistesgestört Arsch ist. Und dass die schlecht investiertesten 50 Mio meines Lebens werden. Die wurden immer noch nicht verkauft. Oh Gott. Ich glaube, es ist viel weniger als 50 wert. Oh shit, die 4 Jojos sind alle noch da. Oh oh. Wird kein großes Update werden. Kann ich so viel schon mal sagen. Genau das denke ich auch gerade. Ich glaube, das wird die Enttäuschung des Jahrhunderts. Ich glaube, das wird die... Ich glaube, das wird richtig Arsch. Ach du Scheiße. Das wird jetzt die Enttäuschung. Seit 20 Stunden auf Hiss-Jojo geiern und jetzt einfach übelst enttäuscht werden. Willst du es testen? Ich muss es so oder so kaufen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ändert aber nichts an der absolut monumentalen Enttäuschung, die es werden wird. Ich dachte bei Eurojust, das ist ein großes Update. Ist es auch. Aber... Wie sagt man? Du kannst einen Mercedes-Stern an einen Fiat Punto kleben. Es bleibt leider ein Fiat Punto. Das Sprichwort gibt's nicht, das habe ich mir gerade ausgedacht und das ist jetzt ein Sprichwort. Du kannst einen Mercedes-Stern an einen Fiat Punto kleben. Es bleibt ein Fiat Punto. So. Weißt du? Es ist immer noch ein Fiat Punto. So. Immerhin hattest du einen schönen Aufkleber. True. Oder so ein Rolls-Royce-Dingens da. Die haben da auch so eine Figur dran. Es gab nicht die Mama, du kannst Blattgold auf den Scheißhaufen kleben, wird trotzdem kein Gold barren. Den fand ich auch nicht schlecht. I like it. Testen Sie das Jojo? No. Oh, 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 fuck. Oh mein Gott, 3 war Tankers? Ach du Scheiße. Das sind ja 3. Okay, leckt's wieder am Arsch. Statt mir so ein Hiss-Jojo anzudrehen, hätten sie auch mal das Leben retten können, Sir. Ey, will der mir ein Hiss-Jojo andrehen und rettet mir nicht das Leben. Oh, fuck. Auf der Heckscheibe steht dann Rocker-Symbol, Jojo-Jester, Rocker-Symbol. Jester an Bord. Uff, das würde ich nicht machen.
Jester an Bord, Alter. Die zerkratzen dir den Lack und treten dir die Spiegel ab. Bist du eigentlich nicht in der Gilde? Hast du abgelehnt oder was? Scherzkeks. Crazy. Abgehoben. Patient plus 7 gedroppt. Ach, fuck. Ja, ich hatte eine plus 5. Der erste Schmuckdrop über plus 3 war plus 5. Patient. Da habe ich mich auch richtig doll gefreut. Das war so richtig so... Ja. Geil. Ja. Ja. Geil. War ein gutes Gefühl. War ein gutes Gefühl. Shibasa, was geht ab? Falls das jemandem nicht klar war, das war Sarkasmus. Hab's angenommen, aber irgendwie nicht funktioniert, eventuell weil ich eine verlassen habe. Ja, dann ist schlecht. Da muss man leider noch die Oldschool 48 Stunden warten. Junge, in modernen Spielen kannst du literally eine Gilde verlassen und instant einer neuen joinen. Das ist auch ein bisschen blöd. Dann haben die Leute gar keinen Anstand mehr. Aber ja. Schaust mir gerade ein Blade Guide an und fragst mich, warum ich diese Art Intros nicht mehr mache. Ach, da habe ich wahrscheinlich davor ein Video geguckt, wie man bessere Videos macht, Sir. Dann war ich wieder richtig motiviert und dann habe ich es nach 2 Wochen wieder vergessen. Weißt schon, Jack, so ein 5 Tricks, wie du bessere YouTube-Videos machst. 2 Wochen, da bist du top motiviert, setzt dich direkt dran. 2 Wochen später. Oh, scheiß drauf. Zu viel Arbeit. Jack. Zu viel Arbeit. Hier ist das neue YouTube-Tutorial, wie du weniger Morddrohungen bekommst von deinen Zuschauern. Ich würde mich sehr über ein Like-Kommentar und ein Abo von euch freuen. Und ich würde mich sehr über ein Like-Kommentar und eine Morddrohung von euch freuen. Bro. Ja, it's a tough life out there on the YouTubes. Das ist nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist ein brutales Pflaster. Ein verdammt brutales Pflaster. Stamring? Okay, Wette. Ich habe gerade einen Stamring gedroppt. Wette. Der da oben ist es. Der obere. Der untere nicht, der obere. Stamring. Stamring. 2 Minuten Zeit. Oh, ich bin nicht gebufft. What the fuck? Ja, sorry, das dauert jetzt 10 Minuten, bis ich mich gebufft habe. Mein RM hat zwar einen Hyperstick, aber trotzdem keine Cast-Time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist doch mal eine Wette. Stamring. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7. Achso, Clean ist nicht dabei, ne? Verdammt. Egal, Clean. Wenn Clean ist, dann lösche ich die Wette. Bei Clean kriegen alle ihre Punkte wieder. Clean alle Punkte wieder. Ansonsten, ja. Clean ist nochmal versuchen beim nächsten Mal. Eine Minute noch Zeit, 1 Minute 20 für die Wette. Geht's eine. Geht's nur eine. Ich mach lieber das Inventar zu, nicht, dass ich aus dem drüber gehe. Ich sag trotzdem clean. Scheiß Hater. Also die letzten 2 Sachen, die ich gedroppt habe, waren beide clean. Vigoring clean, Stamring clean. 3 in a row clean? Du bist wahnsinnig, Sir.
3 in a row clean? Doubt it. Vielleicht soll ich mit fast 46 Prankster verlassen. Ja. Wäre mal an der Zeit wahrscheinlich. Die Leanas rufen dich. Darkon 1 ruft ihren Namen, mein Herr. Sind auch alle meine Self-Buffs abgelaufen. Chillig. Ist eigentlich irgendein Jojo-Jester-Main hier und kann das irgendwie confirmen, was Bolt behauptet? Hat Enchant Absorb einen geheimen Effekt, der nicht irgendwo steht? Wodurch man mehr Schaden macht? Irgendwie sagt nur er das. Niemand anders sagt das. Chapin, danke für den Follow. Vor allem machen die anderen beiden Skills Damage over Time zusätzlich. Wie zur Hölle kann der dann am meisten machen? Der einzige Skill von den dreien, der keinen Damage over Time hat. Irgendein absoluter Jojo-Jester Super-Nerd. Hier. Also das kann man eigentlich nur wissen, wenn man richtig krass getestet hat. Macht doch 15% mehr Damage, oder nicht? 5 ATK. Also, weiß jetzt nicht, was du mit 15 Damage meinst. 5 ATK. Steht da. Aber das steht bei allen dreien. Und die alle Skills sind gleich. Der eine steht HP, der andere blutet, der andere vergiftet. Aber alle geben 5 ATK. Und er meint, Absorb macht den höchsten Schaden. Auf zum Damage-Totem. Was war der Ring? Oh. Okay. Are you ready, Chat? +3. Oh, Baby. Nein, +3 hatte 56%. Damn. Ihr seid gut. Ihr solltet mal im Lotto spielen oder so. Die 56% sollte sich heute vielleicht einen Lottoschein kaufen. Vielleicht. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos und Hilfe unter www.bzga.de. Dieser Stream verleitet Sie nicht zur Glücksspielsucht. Sie waren höchstwahrscheinlich schon vorher glücksspielsüchtig. Geben Sie bitte nicht mir die Schuld. Sie dreckiger, glücksspielsüchtiger Gambler. Und dreckiger Hater. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sirs. Und Sirs Ihnen. Volcano 4? Du musst Synchronsprecher werden? Nee, dafür muss man Journalismus studieren. Oder wie war das nochmal? Nee, das war fürs Radio. Auf jeden Fall ist das Ass. Also verdient man als Synchronsprecher, glaube ich, auch voll Kacke. Wenn man nicht super erfolgreich wird. Ich glaube, da bist du fast Mindestlöhner. Ich glaube, als Synchronsprecher, so normaler Synchronsprecher, bist du halt literally Mindestlöhner. Ain't worth it, man. Da verdiene ich ja mehr mit Streamen. Nein, tue ich nicht. Nope, nicht mal ansatzweise. Aber hey. Außer jetzt kommt die 100er Subgift-Bombe. Okay, noch ein Versuch. Außer jetzt kommt die 100er Subgift-Bombe. Okay. Alle guten Dinge sind 3. Außer jetzt kommt die. Ich kann das 5 Stunden durchziehen, Boys. Kappa. Dreckiger Hater. Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Wenn du dich auf 80 gemogelt. Oh, nee. Ich bin an dem Punkt, wo ich literally alles falsch vorlese. Ich sag einfach Wörter, die stehen da gar nicht. Also ich dichte immer Wörter dazu irgendwann. Das ist so crazy. Nach einer gewissen Zeit fange ich einfach an, komplette Wörter und Sätze zu erfinden, die da überhaupt nicht stehen.
Einfach Selbstgespräche. Hey, yo, Chris, wie geht's? Hey, yo, mir auch. Alter, es hat seit 10 Minuten keiner mehr was in den Chat geschrieben. Ups. Passiert. Wann hast du dich auf 80 gemogelt? Gestern Abend warst du doch noch nicht mal 70. Ja. Alter, ich spiele literally die ganze Zeit. Ich habe in den letzten 49 Stunden 7 Stunden geschlafen. The fuck willst du von mir? Ich bin gerade auf dem Free-to-Play-Grind des Todes. Die Folgen von FWC. Scheint wohl so. Das ist so weird-ass Uhrzeiten. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so richtig 10:56 Uhr, Junge. Also, ich will euch echt nicht fronten, ne? Aber ich spiele halt nur abends Flive normalerweise. Ist einfach so mein Ding. Ich spiele immer nur abends eigentlich. Den ganzen Tag spiele ich legit kein Flive. Ich denke nicht an Flive, ich spiele nicht Flive. Es ist nur abends. Es ist so seltsam, auf die Uhr zu gucken. 10:56 Uhr, ich spiele einfach Flive. Das fühlt sich so falsch an. Denke mir so richtig, no front, wie gesagt. Ich denke mir so richtig, wer zum Teufel spielt um 10:56 Uhr fucking Flive? So richtig so, who the fuck spielt um die Uhrzeit Flive? Aber wie gesagt, ich bin es halt anders gewohnt. Was machst du denn sonst? Naja, zum Beispiel Genshin Impact. Na, ehrlich gesagt, um 10:56 Uhr entweder schlafe ich oder ich arbeite. Was macht man sonst um 10:56 Uhr? Schlafen oder arbeiten? Hello? Schlafen? Oder arbeiten? Definitiv nicht Flive spielen. Du, Envy? Ja, warum überrascht mich das jetzt nicht, Envy? Warum überrascht mich das jetzt nicht? Nice Mobdichte, by the way. Es sind einfach alle... Was zum Teufel, Alter? Es sind einfach alle Monster tot, oder was? Kein Bock mehr zu respawnen. Aber Flive ist doch auch Arbeit. Aber die letzten 42 Stunden waren jetzt kein Zuckerschlecken, ne? Da kann mein Drecksshop vielleicht mal irgendwas abwerfen? Ich bin immer noch bei 37 Mille. Bitte. Bitte. Nehmt mir eine Quest-Item ab, bitte. Ich verkaufe meine Quest-Items für 2,9k. Wie zur Hölle wurde ich unterboten? Wer zur Hölle unterbietet einfach fucking 2,9k each? Das ist Wahnsinn. Ugh. Sorry. Ich wollte nur mal sicher gehen, Arbeit ist bei mir auch um die Uhrzeit auf dem Plan. Oh. Questies auf Wish bestellen. Nächster Meilenstein 65. Bist du schon 65? Wow. Du levelst gefühlt 3-mal so schnell wie ich. Liegt vielleicht daran, weil du eine coole Klasse spielst. Und keine, die hart nach Magie stinkt. Kappa. Was ist eigentlich bei dem Enchant Absorb versus die anderen Skills rausgekommen? Test. Das Abweichen von der Taktik hat das Genick gebrochen. Ehrlich gesagt, wisst ihr, was mich am meisten eigentlich triggert gerade so ein bisschen? Ich wär echt mal interessiert daran gewesen, wie weit ich mit der 8-Char-Taktik gekommen wäre in der Zeit. Und ich glaube, das Ergebnis... Ich meine, gut, ich hatte Pech und ich habe keine Ahnung, was ich tue mit 2 Chars, to be honest. Aber ohne Scheiß, ich glaube, 8-Char-Taktik hätte jeden geflasht. Wenn ich 8 Char mit Elementor gespielt hätte so lange, würden die Leute jetzt in den Stream kommen und fragen, the fuck? Free-to-play? 8 Chars? Du bist so weit? Holy shit. Schere. Schere. Ich schwöre, alle würden so, wow, was?
Und jetzt kommen alle in den Stream. Tja, hättest mal keinen Jester genommen. Trottel. So fühlt sich's gerade an. Nee, glaube nicht. Da habt ihr's. Diesen Hater hätte ich gesilenced. Diesen dreckigen Hater. Wäre das Pain in the Ass gewesen? Ja, aber nur wegen den Server-Lags. Ohne die Server-Lags wäre es kein Pain gewesen. Ich habe schon wieder einen Einis Helm gedroppt. Ich habe 6 oder 7 75er Set-Teile und davon einfach 3-mal Eini-Helm. Jo. Nächstes Jahr neues Team. We will see. Na, ich habe nur noch 5 Minuten. Meine letzte Penya Flask läuft gerade. Also, hab keine mehr. Ich muss halt neue kaufen. Ich würde sagen, langweilig, dasselbe, wie du immer machst. Wow. Hört sich für mich nach einem dreckigen Hater an. Was gab? Landrox? Ich hänge in den Seilen. Viel zu wenig getrunken heute. Ich sehe den Damage eines Cashers und er gefällt mir nicht. Das ist nicht gut. Wo steht denn jetzt Shurai Ture für Akrobat Job Change? In Flares zwischen Puckepuck und Albert. Aber du kannst einfach draufklicken. Drück mal Taste Q auf die Quest und dann auf den Shurai Ture 0 von 1 im Questfenster. Und bada bing, bada boo. Es zeigt dir genau, wo du hin musst. Ja. Servus. Ich habe dir den Jojo angeboten. Nein, ich will das nicht testen. Gehen Sie weg von mir, Sir. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich möchte das nicht. Polizei, ich möchte das nicht. Ich habe Nein gesagt, Polizei. Mir wird hier gerade gewaltsam ein Hiss-Jojo eingeführt. Herr Polizist, bitte tun Sie etwas dagegen. Ich möchte das nicht. Sir. Ich habe eh gleich mein eigenes. Eingeführt? Habe ich eingeführt gesagt? Ich meinte natürlich, beliebige Ausrede einfügen. Ich meinte beliebige Ausrede einfügen. Puh, da bin ich nochmal davon gekommen. Stream auf 18 plus stellen, bitte. So. Sind die Dropraten von alle 4% Karten gleich? Sollten sie ja. Auch Schmuck und so sollte eigentlich alles gleich sein, grundsätzlich. Also, gibt vielleicht gelegentlich mal eine Ausnahme, wie zum Beispiel bei Flugmonstern. Mit dem Mäuse und Plugs bei Flugmonstern und so ein Scheiß, aber so grundsätzlich... Grundsätzlich ist es pures Glück oder Pech, was du droppst. Wenn du die ganze Zeit nur Scheiße droppst, dann bist du so wie ich. Stark 8 Vakuum 4 eine LC. Mein Beileid, Sir. Hallo JG Rocks, ich habe dich lange nicht mehr gesehen.
Siehst du 5 Stunden noch durch oder willst du noch schlafen gehen, wenn der Timer erhöht wird? Ja, das ist halt die Frage. Also ich habe keinen Bock auf so ein Spielchen mit hier, wir sind dann bei, also mal, springen wir mal 4 Stunden in die Zukunft, ne? Wir sind dann irgendwann so bei 10 Minuten. Und dann kommt so ein Scherzkeks, macht nochmal plus eine Stunde. Und dann, also weißt du schon, was ich meine. Also da habe ich absolut keinen Bock drauf. Also Scherzkekse können wir hier nicht leiden. Comprende? Also entweder jetzt oder gar nicht. We don't like Scherzkekse in this room. Auf was hast du Bock? Naja, ich würde schon noch mal pennen gehen. So ist nicht. Mir ist es wurscht. I'm doing what the clock says. Ich meine, gestern habe ich 7 Stunden gepennt, nachdem ich 26 wach war. Was eh schon ungesund ist. Also ein bisschen Schlaf bräuchte ich schon. Ein bisschen an Schlaf bräuchte ich schon. Also alles unter 3 Stunden wäre zu wenig Schlaf. Also Minimum 3, aber gesünder wäre wahrscheinlich 6 bis 8. Hab's vorhin schon mal aufgezählt. Ich habe diese Woche legit nur halb so viel geschlafen, wie ein Mensch schlafen sollte in einer Woche. Also, ja. Also mein OBS sagt mir 49 Stunden 37. Und nur 7 davon habe ich geschlafen. Wie viel Zeit pro Sub? 12 Minuten. Also es ist sehr, sehr, sehr großzügig. Aber es ist nur so zu großzügig für die Leute, die mal Pause-Timer schreiben. Die Subs sind deswegen so großzügig, weil ich den Timer eben nicht pausiere. Wenn ich jetzt den Timer pausiere, dann hat das alles keinen Sinn ergeben. Also der Zug ist abgefahren. Das Konzept steht, da wird jetzt auch nichts mehr dran verändert, sonst hat das ja alles überhaupt keinen Sinn ergeben. Sag ich jetzt mal. Dann hätte ich auch von Anfang an nur 5 Minuten pro Sub machen können und einfach nach 20 Stunden aufhören können. Das war ja dann umsonst, sich so zu quälen, sag ich mal. Da war ja alles für die Katz letztendlich. Also, wenn man einmal ein Konzept festgelegt hat, muss man schon dran festhalten. Beim nächsten Mal kann man es ja anders machen. Ich bin offen für Kritik und Feedback fürs nächste Mal. Aber jetzt lassen wir es so, weil sonst war es ja alles für die Katz. Also, das macht dann keinen Sinn. Meiner Meinung nach. Source. Ja. Also selbst für 2,9K kriegt man... Ja, immerhin wurden meine Bomb-Timer gekauft. Na, immerhin. Das Problem ist, die Darkon 3 Quests kauft keiner, weil du in Darkon 3 so lange levelst bei den gleichen Mobs, dass jeder viel zu viele davon hat. Also auch geil, jedes Mal, wenn ich Channel 1 gehe, sind es 100 Shops mehr gefühlt. Nächstes Wochenende dann. Mhm. Wie viel Zeit pro Sub? 12 Minuten. Mein Schmierzettel. Erstmal alles durchstreichen. So, also was mache ich jetzt hier? Mache ich die Quests nochmal günstiger oder scheiße ich einfach drauf? Das halt alles wertlos ist. Es ist so nervig, ey. Fucking nicht mal 2... Der Server ist noch keine 48 Stunden online, ne? Und alles ist wertlos. Das ist... Es ist... Weiß nicht. Ich weiß es nicht, Chat. Ich weiß es nicht. Die Vatanga-Quests sind tatsächlich 1K wert. Achso, warte mal, die brauche ich noch, ne? Teaser für die nächste Season? Ja, so ungefähr. Warte mal, habe ich eine Quest zum Abgeben? Höchstwahrscheinlich nicht, ne? Ach du Scheiße, das soll ich vielleicht nicht auf Channel 1 nachgucken.
Wie viel Toma brauche ich für die Quest? 40. 40. Ich habe keine Quest auf dem AM. Mist. Das ist echt schwierig. Genlager. Ein Rohri-Red Jojo. Trash. Ne, hier brauche ich jetzt 110. Immer noch kein Hiss-Jojo? Nein, Bolt. Welches Quest ist Mehrwert beim NPC? Naja. So ist schon besser. Bisschen was an die Gilde, aber auch nicht zu viel. Oh, es haben tatsächlich Quest-Items gefehlt, oder was? Lol. 41,3. Na gut, das müsste ich eigentlich mit Power Dice und... Ach du heilige Kräle. Du hast die Level abgemacht? Nee. Lasst mir meine Illusion. Cheapest Dice? $3000 Funbubble gespendet? Klar. Und morgen kommt der Weihnachtsmann. Kappa. Damn. Sind wir schon so weit, dass es schon so viel kostet? Holy shit. Wenn das schon so viel kostet, ist das geisteskrank. Mann und Scherz, ich glaub's dir schon, ne? Ich verkack Eier sie doch nur, Sir. Junge, die haben alle Power Dice für 500k. Die sind doch nie im Leben 500k wert. Hä? Was sind das für geistesgestörte Preise? Ich liebe das auch so sehr. Power Dice 400k, 450. Über Nacht alle PD8 für 800k verkauft. Was? Junge, literally jeder Shop ist günstiger. Das ergibt keinen Sinn. Ich könnte jetzt 5000 Power Dice 8 wahrscheinlich kaufen für maximal 500k. Die 8 ist krank wegen der Wasty Schmuck auf 20 knallen. Ja, und er ist trotzdem nicht mehr als 300k wert. Und schon zweimal für unter 300k gesehen. Wale sind so ein faszinierendes Konzept. Sie kaufen einfach etwas für einen dreifachen Preis, weil sie zu faul sind, 2 Meter zu laufen. Aber natürlich kaufen sie es nie bei mir. Bei mir kaufen sie es nicht. Immer nur bei den anderen. Diese dämlichen Blauwale. Mit ihren fetten... Da, 325k. Nicht mal die Hälfte von 800. Schön für dich, Michel. Und wenn der Wal nicht kommt, verkaufst du keinen einzigen. Wenn du aber dringend Geld brauchst... Man kann sich auch nicht immer darauf verlassen, dass man Glück hat. Ich zum Beispiel habe eigentlich nie Glück. Vergessen Sie bitte nicht den Cry-Shield, Rob. Warum erinnert ihr mich eigentlich... Du liegst so am Boden, verblutest und Twitch-Chat kommt, nimmt Anlauf und tritt dir nochmal volle Kanne in die Eier. Geil. Und deswegen seid ihr der Twitch-Chat und ich der Typ, der am Boden liegt und dem... Moment.
Verdammt. Testbedingungen, 154 Jester, 150er Equip, bla bla. Also dein Test hat ergeben, dass Enchanted Sword am wenigsten Schaden gemacht hat. Interessant. Wie kommen die Leute dann drauf, dass das so viel... Also... Dass es vielleicht nicht sehr viel weniger macht, weil Damage over Time so... geringfügig ist. Das sehe ich ja irgendwo ein. Klar, wenn, also ich meine, dein Ziel ist es, als 1v1, Jester oder auch nicht Jester, egal, das Monster zack, zack zu töten. Welcher Channel bin ich? 7? 6. Benjata Frida. RIP, BB. Ich war die ganze Zeit hier, Sir. Dann wäre der Stream auch gerade weg? Nein. Das bildest du dir nur ein. Stream hat gerade gesponnen. Na. Ich sag doch, sie sagt nee. Ich sag doch, sie sagt nee. Tja, dann sag ich doch. Und sie sagt wieder nee. Wer kennt's? 10 Stunden auf Timer als Strafe. Sir, Sie können gerne eine 100er Subbombe dalassen. Weiß jemand, wie viel Inti-Red plus 1 und der Moll plus 7 wert sind? Chat. Genau, wo du mit... Warum sagt jeder bei Jester? Genau bei der Ausschlüsselung. Oh. Ja, ich habe vergessen, was ich gesagt habe. Tja, das ist dann wohl... Wie nennt man das? Lost Media? Das werden wir wohl niemals recovern. Das ist für immer verloren. In den unendlichen Weiten des Internets. Des Internetzes. Das kriegen wir nicht wieder. Warum sagt jeder bei Jester, dass Enchant Absorb am meisten Schaden macht, wenn dem nicht so ist? Bietet jemand 1000 F-Coin für Inti-Red und Pincero? Ja, würde ich machen. 1000 F-Coin. Stell dir vor, wie du 1000 F-Coin in der Hand hast. So einen fetten Beutel mit 1000 F-Coin. Dem ist so, Bolt. Trendy Ice hat es gerade getestet und bei ihm kam was anderes raus. Wir haben das irgendwie angezweifelt, weil das keinen Sinn ergibt. Sir. Man bekommt nicht direkt mehr Schaden. Er hat DPS angeguckt. Er hat den DPS angeguckt, Sir. Wenn es nicht im DPS steht, wo zur Hölle steht's dann? Ja, wenn ein Heal prockt, bekommt man Additional Damage in Höhe des Heals. Ach, und das zählt nicht zum DPS, das ist einfach Lost. Staffel 7 von Lost. Die neue Generation. Lost. Sir. Nennt man das dann Lost Damage? Ich glaube, du würdest meinen Damage Lost Damage nennen. Ich denke, das ist der Damage, den ich mache. Der ist nämlich Lost. Der kommt gar nicht auf dem Server an, so schlecht ist der. Oh, geil. NPC-Items zum Klauen. Geilo Mottico.
Ist halt mega random, das muss man 10 Minuten testen. Boah, das hört sich halt irgendwie nicht gut an, ne? Clown, 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 Clown. Wir klauen, 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 klauen. Wir klauen, 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 klauen. Denn wir sind Kleptomanen, Kleptomanen. Wir gehen und klauen, denn wir sind Kleptomanen. Jo, und dein Helm plus 4 SD habe ich gar nicht gesehen. Ja, die CW-Sachen sind fast immer gestattet. Vielleicht, weil er es auf Totems getestet hat, macht das einen Unterschied? Könnte theoretisch sein, aber wie gesagt. Für mich hört sich das nach einer fetten Ladung Bullshit an. Vor allem prockt das halt so selten, dass es geistesgestört. Oder kann das nur procken, wenn man Leben verloren hat? Es steht literally im Code, also... Oh. Der Code ist aber ein Geschäftsgeheimnis, Sir. Sie fieser Bub. Ganz schön kriminell, Mr. Bolt. Wieder mal kriminell unterwegs, Mr. Bolt. Naja, vielleicht ist mein Damage so scheiße, dass man davon einfach absolut nichts merkt. Ich werde es mal im Auge behalten, Sir. Kommen wir zurück zum Wesentlichen. Also, 100er Subgift-Bombe. Oh, 200er Ping. Perfekte Zeit, schlafen zu gehen. Das ist das erste Mal seit 12 Stunden, dass ich einen 200er Ping habe. Ich wünsche euch einen frohen Samstag. Gute Nacht. Viel Spaß, ihr Loser. Ich penne dann. Kappa. Mist, hat sich wieder beruhigt. Verdammt. Ich meine natürlich, gut. War nur ganz kurz. Zum Glück ist es vorbei. Hatte mich schon gefreut. Collector plus 5 ist wie schneller als 4. 7 Sekunden oder so. Nicht viel. Also plus 4 ist deutlich besser als plus 3. Also, zumindest rede ich mir das ein. Naja. Ich habe von plus 5 jetzt auch erstmal die Finger gelassen. Die Power da ist einfach zu wertvoll, als nochmal 20 zu verlieren. Vor allem, wenn du es so wie ich machst. Catcher nur nebenbei, wenn man sie sieht. Wenn du jetzt aktiv die ganze Zeit Catcher farmst, also stundenlang, ich meine, dann lohnt sich's probably. Aber sonst eher nicht. Ich meine, Power Dice werden halt echt schnell wertlos. Und lustigerweise, Materials steigen mit der Inflation. Also Power Dice sind jetzt gut für vielleicht noch eine Woche und vielleicht bei den ersten paar Upgrade-Events. Okay, streich das. Vielleicht beim ersten Upgrade-Event. Aber sehr bald schon sind Power Dice fucking nutzlos. Also wirklich komplett. Also wertlos, meine ich. Der Nutzen bleibt immer gleich. Aber die Materialien,
die steigen weiter. Also die sind jetzt teuer und die sind in 2 Wochen noch viel teurer. Oder im Verhältnis genauso teuer. Die steigen weiter. Also die Mets, die sind tatsächlich relativ solide, tatsächlich. Also ich habe sie nie gefarmt, weil ich hab da nie Bock drauf, aber also lasst mich nicht lügen, letzter FEC, ich glaube, die haben irgendwann über 200k gekostet. Da hat so ein Stack dann 200 Mio gekostet. Oder 2 Milliarden? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Also letzten FEC war es geistesgestört. Am Ende. Also die steigen wirklich mit der Inflation, lustigerweise. Alles andere, also ich meine gut, Premium-Items natürlich. Ich sitze also auf Gold. Naja, ich weiß nicht, in welchem Verhältnis es mit der Inflation steigt. Also steigt auf jeden Fall mit der Inflation, aber ich weiß jetzt nicht, in welchem Verhältnis. Also, ob man sie jetzt lieber aufhebt oder verkauft, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Außerdem weiß man ja nicht, ob es weitergeht. Also, dieser FEC ist ja nicht unbedingt wie der letzte. Vapon Boots. Braucht jemand weibliche Vapon Boots? Weibliche Vapon Bootios? War ich nicht Pendenio? Nee, ich warte auf die 100er Subgift-Bombe. Warte. Und zwar... Jetzt. Nope, immer noch nicht. Naja, wir haben noch 4 Stunden. Hey, irgendwann klappt's. Lohnt sich 15er Set zu verkaufen? Nee. Gibt kein einziges wirklich gutes 15er Set. Und vor allem jetzt nicht mehr. Also selbst wenn es eins gegeben hätte, wäre es jetzt wertlos. Comet Level 30, Talin Level 30, jeweils nur die Suit, alles andere wertlos. Ich meine, das Mage-Set Level 30 ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber... Doch was, wenn der Fly-Violator fehlerhaft ist, Mr. Bolt? Was tun wir dann? Dun, dun, dun. Ich habe immer noch kein einziges Item verkauft. Ich habe langsam keinen Bock mehr. Ist plus 5 Collector nur schneller oder bringt er auch mehr Mats? Die Anzahl der Mats hängt vom Collector-Typ ab. Power Collector versus Ultra Collector versus Bronze Collector versus Arsch Collector. Okay, den letzten habe ich mir ausgedacht. Hast mich erwischt. Den letzten habe ich mir ausgedacht. Den gibt's gar nicht. Aber die Menge der Mets, Collector und hab Werbung. Schau, 100er Subgift-Bombe hätte ihm wahrscheinlich einen Sub gegeben und er hätte keine Werbung bekommen. Kappe. Bro. Hä? What the fuck? Ich habe meine M alles gebufft und beim Jester gar nichts. Wow. Spiele 5 Smack. FR Borg. Danke für den Resub. Resub. Nation. Habe im PC angelassen, damit ich meine Party nicht verliere und beide Chars wurden DC'd. Aber join doch einfach eine Party mit Skills und Party auf Schaden. 20% mehr Damage durch Global Attack.
Wieso bist du eigentlich schon wieder hier, Menschen? Menschen? Wieso, was machst du hier, du kannst nicht wieder hier sein, Menschen. Wenn du wieder hier bist. Oh oh. Das ist nicht gut. So. Was heißt hier wieder? Ich habe den PC mit Stream laufen lassen. Ja, aber du bist wieder im Chat. Der Jester da macht mehr Damage als du, das ist nicht akzeptabel. Aber das ist ein dreckiger Cacher. Entschuldige? Ein sauberer Cacher. He's my boy. Er ist sauber. Lassen wir ihn durch. Fuck. Mach gerade noch SF-Alu. Oh shit, da sollte ich auch wieder online gehen, ey. Ich werde wahrscheinlich noch aus meiner Gilde geworfen. Wahrscheinlich. Der Sabaton sorgt dafür, dass ich aus meiner Shakes to Fidget Gilde gekickt werde. Aber ey. Fuck it. YOLO. Die haben eh übelst den Hass auf mich. Weil ich in ihren Augen nicht richtig spiele. Aber ich habe so ein hohes Level, dass sie mich nicht kicken können, eigentlich. Ich habe so ein hohes Level, dass sie mich eigentlich trotzdem nicht kicken können, auch wenn ich nicht so spiele, wie sie wollen. Gibt es eine realistische Möglichkeit, einen Account wiederherzustellen, wenn ich auf die E-Mail nicht zugreifen kann und das aktuelle Passwort nicht kenne? Alte PPs und Daten kenne ich noch. Redest du von Fly Universe? Da kam eine Rutsche Penya. Ja, 1,2 Millionen, Sir. Ist ein bisschen wenig. Danke, meine ich. Danke. Pepe Bless. Pepe Bless. Sie sollen einen gesegneten Tag haben, my lord. Okay, ich wurde nicht aus der Gilde geworfen. Noch nicht. Noch haben sie mich nicht aus der Gilde geworfen. I'm still here, baby. Still here. Kicking it. Still here. Running and gunning. Kannst du mit dem Collector nochmal wiederholen, bitte? Da Werbung. Die Art des Collectors bestimmt die Menge. Die Höhe des Collectors bestimmt die Sauggeschwindigkeit. Ich wollte es nur veranschaulichen. Ich wollte gerade das hier machen, so. Weißt du, du nimmst den Collector und erst saugst du auf. Weißt schon, so. Und dann machst du. Aber schau euch das an, es ist wirklich so. Schaut euch das an. Schaut euch den Collector an, die machen wirklich so. Es ist die Animation. Ich hab's nur, erst saugst du ein und dann gönnst du dir. So, ich hab's nur nachgemacht. Es ist nicht das, was ihr denkt. Nur die Animation gemacht. Nur in die falsche Richtung. Ich hab's nur in eine andere Richtung gemacht. Ich habe es nur in die andere Richtung gehalten. Ja. Ich weiß nicht wieso, aber ich hab's getan. Bruh. Aber so sieht das nun mal aus, wenn man einen Collector mit 2 Händen hält und leicht vorne und zurück. Naja, whatever.
Diese scheiß Ranger halten sich alle für was Besseres. Kappa. Power Dice für 2 Millionen. Jeder weiß, er heißt Butters. Butters, das bin ich. Es geht. Each Power Dice? 250k oder so. Werden die Stats ab 60 auch resettet? Ja. Aber nicht die Skills. Nur die Stats, nicht die Skills. Jo, kriege ich nur 0,08 pro Mob? Oh, ich habe keine Penya Flask aktiviert, lol. Hab's nicht gecheckt. Spieler ich HNR, aber glaubst du, ich schaffe CW, wenn ich mit Astron Z hole auf 90 und dazu aber NPC-Bogen? Die Frage ist nicht, ob du CW schaffst, die Frage ist, ob du ihn mental überlebst. Diesen Struggle, dass du halt 10k DPS hast und nur durch Moonbeam überhaupt auf 15k kommst, wodurch du ihn erst töten kannst. Und literally 60 Minuten für ihn brauchst. 59,5. Die Frage ist, schaffst du das? Bevor du das machst, würde ich ihn einfach auf Solo machen, ehrlich gesagt. Vorher buffen und auf Solo. Teste dein DPS beim Dummy und rechne es aus. Das ist keine gute Idee, Bolt. Denn der Dummy schleudert dich nicht alle 30 Sekunden zurück, wodurch du 5 Sekunden verlierst. Und das auf einen Kampf gerechnet, der 1 Stunde dauert. Prost Mahlzeit, dafür lässt du mindestens 5 Minuten wahrscheinlich. Nur durch dieses bescheuerte Zurückschleudern. Wenn du 10 bis 20% abziehst von deinem DPS, dann vielleicht. That may be it. Bolt, wieso ist es deine Lebensaufgabe, eigentlich immer zu widersprechen? Egal, was jemand sagt. Immer. Das ist einfach deine Lebensaufgabe. Die Jobs derzeit könnten es doch lohnt machen, auch wenn es eine Stunde dauert. Könnten. Du darfst aber nicht vergessen, auf Easy kann man theoretisch nichts droppen. Theoretisch. Extrem unwahrscheinlich auf FEC. Vor allem, wenn du die FEC-Flask hast. Sollte es nahezu unmöglich sein. Aber rein theoretisch könnte es passieren. Glaube ich. Überlegt sich, ob man die FEC-Flask hat. Aber theoretisch möglich. Hast du die FEC-Flask? Ich meine, was ist das eigentlich für eine bescheuerte Frage? Es hat literally jeder die FEC-Flask. Was passiert in einem Spiel, ist da. True. Es gibt keine einzige Party mit Buffs, die nicht voll ist. Es ist Samstagmittag, Sir. Was erwarten Sie bitte? Was ist das für eine Flask? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Abenteuer-Glückselixier, Sir. Schauen Sie... Moment mal, sind da eigentlich neue Items drin? FEC... Moment mal. Oh mein Gott, das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Das sind neue Items. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Die gab es letztes Jahr ziemlich sicher nicht.
Wait a minute, das ist Trash. Moment, das ist Trash. Ich dachte, da ist jetzt eine 30 Tage FEC-Flask drin und die ganzen Items, die ja gelistet sind. Aber das sind nur die Items, die da gelistet sind drin und die sind alle Trash. Außer Pet Feedback, I guess. FEC Hunting Bag. Auch nicht sehr gut. Es ist immer noch Gala, was hast du erwartet? Zu viel, wie mir scheint. Zu viel. Meine Party und Link Attack hat aus irgendwelchen Gründen. Weißt du, warum der das so macht? Weil er ein scheiß Geizhals ist. Das bin ich. Das bin ich, wenn ich cashen würde. Wenn ich cashen würde, ich würde einfach Party machen. Need Duos, PSF. Und wenn sie fragen, yo, wo ist Link Attack, würde ich, Global Attack, würde ich einfach immer sagen, hä? Was ist Global Attack? Hä? Was meinst du? Ja, Link Attack läuft doch, Bro. Bro, Link Attack läuft. Ich mach guten Damage. Keine Sorge, danke dir. Ich mach viel Damage, Bro. Passt. Ja, das würde ich nicht machen. Ich würde actually nur mit meinen eigenen Chars faden, glaube ich. Mir wäre das zu blöd mit den Leechern die ganze Zeit. Nicht Leechern, du weißt, was ich meine. Membern. Weil es hat schon was, mal wieder so ein bisschen Party und so, mit anderen Leuten eine Party hochziehen und so. Muss schon sagen. Ich habe es jetzt nicht direkt vermisst, aber es ist einfach mal wieder eine andere Experience. Und das war ja der Sinn dieses FECs. Einfach mal was anderes zu machen. Das war ja der Sinn dieser Erfahrung. Miteinander in einem MMO. Ja, ich kotze gleich. Mit diesen anderen. Ich kann es gar nicht aussprechen. Menschen. Mit diesen anderen Sei-Menschen. Sir. Ich kriege halt echt nur 0,11, ne? Selbst mit der Penya Flask. Holy shit, was? Junge, ich bin einfach auf FEC. Gebt euch meine XP. 23,77 auf 34,96. Ich krieg 11,19. 0, 11, 19. Auf FEC mit Penya Flask. Auf Level 80. 10 Mobs für 1%. 9 Mobs für 1%. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Kein Wunder, dass ich nichts mache, Alter. Kein Wunder, dass ich keinen Progress mache. Ich muss einfach 1000 Monster töten für ein scheiß Level-Up. Und bei meinem Killspeed dauert das ganz schön lange, 1000 Monster zu töten. Gut, ich habe actually 10 Empties bekommen bei Level 80, habe ich ganz vergessen. Aber die würde ich jetzt erstmal aktivieren, wenn ich das Hist-Jojo habe. Das ist geisteskrank. War auch schon immer so. Ja, aber ich... Sir. Okay, ich kann schlafen gehen. Wieso? Hä? Bist du nicht legit gerade erst aufgestanden? In 3 Stunden sehen wir uns. Wieso? Da kommt jetzt eine 100er Subgift-Bombe. Vielleicht muss ich es euch ausrechnen. Wenn jemand eine 100er Bombe zündet, ratet mal, wie viele Stunden das sind.
Das ist nicht 1 Stunde, nicht 2, nicht 5, nicht 10, 20 Stunden sind das. Das ist actually geisteskrank. 20 hours, me. 20 hours, me. Life ist gleich ruined. Play it back. Ab wann await man normales Night? Hab gerade Jobchange fertig. Naja, 65. Vorher geht's nicht. Außer du awayst mit Special Hit. Und der Skill ist Special Trash. ...65 Power Stomp. Sorry. Der ist... Das ist Special Hit. Oh, Cheer? Hab tatsächlich nur einen Cheer, aber danke, Sir. Cheer Nation, Baby. 12 Minuten pro Sub ist crazy. Schon, oder? Trotzdem subbt keiner. Feels Batman. Zu viele Hate-Watcher. Alles Hate-Watcher. Spaß, ich war nur ein Scherz. Spaß. Einzelne Subs wären auch gar nicht so gut, weil dann kann ich wieder nicht schlafen gehen. Na, wenn keiner übertreibt, ist es gar nicht so gut. Ja, wenn jemand subbt, hast du gesagt, pausieren zum Schlafen. Sir, das funktioniert so nicht. Wenn ich einfach nur den ganzen Tag streamen wollen würde, Sir, dann kann ich das einfach so machen. Weil bei der Sub-Zeit, Zeit pro Sub meine ich, wenn ich dann auch noch schlafen gehen würde, dann würde der Stream literally niemals enden. Also, gut, vielleicht schon. Aber, ich meine, wenn ich in 7 Stunden pausiert hätte, während ich geschlafen hätte, schau mal. Dann wären wir jetzt noch bei 11 Stunden. Also, gut, das ist jetzt auch nicht so ultra viel. True. Aber ich meine nur, also dann... Weil ich bin jetzt nicht traurig darüber, wenn ich nicht die vollen 3 Wochen meines Urlaubs nur streame. Also das war jetzt... Also meine schlimmste... Also ich sag mal so. Meine schlimmste Befürchtung war 1 Woche. Also ich habe jetzt nicht 3 Wochen Urlaub genommen, eigentlich sind es 4, um die vollen 4 Wochen zu streamen. Das war jetzt nicht wirklich mein Plan. Wenn ich deinen Vorschlag annehmen würde, mehr als 1 Woche geht eh nicht, wenn keiner subbt. Das ist richtig. Naja, weißt du, was lustig ist? Der Stream könnte mindestens noch 20 Stunden laufen, aber es benutzt einfach niemand die Punkte. Die Leute, die die Punkte haben, benutzen sie einfach nicht. Ich habe es vorhin schon mal breitgeschlagen, vor 3 Stunden oder so. Das macht einfach keiner. Guck dir mal das Stream Elements Leaderboard an. Es haben über 70 Leute die Fähigkeit, mindestens den Stream um 10 Minuten zu erhöhen. 70 mal 10, 700. Allein das wären 12 Stunden. Und einige von denen haben auch 2.000 oder 3.000 Punkte. Das heißt, das wären 7 bis 20 Stunden nur davon. Und Kanalpunkte wären locker auch nochmal 10 bis 20 Stunden, wenn die Top 10 ihre Punkte opfern würden. Das heißt, Leute hätten die Möglichkeit, ohne einen einzigen Euro zu benutzen. Ohne einen einzigen Euro zu benutzen. Was? Entschuldigung. Nein, meine ich. Nicht abschalten, nein. Den Stream um 20 bis 30 Stunden zu verlängern. Und das komplett gratis. Und genau deswegen, sein Menschen, auch das ist einer der Gründe, warum ich, wenn ich wirklich schlafen gehe, ganz sicher nicht morgen mal früh an den Timer anhalte. Ich habe keine Lust darauf, dass sich das in eine, wie sagt man, toxische Beziehung verwandelt. Sozusagen. Wenn ein paar Leute benutzen, geht er pennen, lol. Ich habe mir gestern einen neuen Porsche gekauft und habe aber gar keinen Platz mehr in der Garage. Ich habe schon 5.
Warum hört sich das immer so vorwurfsvoll an oder liegt das an mir? Ich muss dich erst fragen, meinst du das irgendwie negativ oder verstehe ich das falsch? Jemand hat 10 Guru gekauft. Wow. Saftige... Oh, na, mal guck mal einer an. Packt Boots plus 10. Oh, Baby. Alles rausgehen, was ging an Punkten. Ja, du hast fett gemacht, Alex. Du hast die Free-to-Play-Möglichkeiten benutzt. Und ich danke dir dafür, Sir. Weil ich davon eigentlich nichts habe, aber egal, trotzdem. Du machst es den Leuten vor, was sie machen könnten. Free? Keine Ahnung. Ja, bei mir ist es wurscht. Aber ich will wirklich kein Wort dann im Nachhinein hören. Irgendwie von wegen, hättest du auch länger machen können oder irgendwas. Das ist dann wirklich, da könnt ihr euch bei den Leuten beschweren, die auf 2 Millionen Kanalpunkten sitzen. Oder 3000 Store-Punkten. Bei denen müsst ihr euch dann beschweren. Die hatten literally 50 Stunden Zeit, das alles einzusetzen. Und haben es nicht getan. Pixel schiebt doch auch kaum jemand, oder? Spielt. Nee. Aber ich meine, ist ja auch verständlich, es ist FEC, Sir. Deswegen hätte jetzt auch ein F-Coin-Spiel nicht wirklich viel Sinn gemacht, weil ja sowieso alle FEC spielen. Weißt du? Werden wir gleich alles notieren, diese dreckigen Hater. Danke Forever Iron 4 für den Sub. Dankeschön, Sir. Es fühlt sich schon fast an wie Nötigung. So. Du kannst die Punkte halt nicht anders nutzen. Not worth. Naja, ich hab's schon mal gesagt, sei Menschen. Also F-Coin Restock im Stream Store ist sehr selten und nicht mehr in der also nicht mehr so oft und nicht mehr so viel, wie es mal war. Weil wir dafür die Spiele haben, Sir. Die gab's ja früher sozusagen nicht. Weil ich habe schon, das habe ich vorhin auch schon gesagt, es sind im Leaderboard ein paar Leute, also im Stream Store, bei Kanalpunkten weiß ich es nicht. Aber es sind im Leaderboard ein paar Leute im Stream Store, die mir, sag ich mal, doppelt negativ auffallen, weil sie arsch viele Punkte haben, literally niemals den Chat benutzen, niemals was einlösen, aber immer da sind, weißt du? Und ich meine, Lurking, ich hab's vorhin schon gesagt, ich banne niemanden, nur weil er nicht in den Chat schreibt oder so. Also, es wäre geistesgestört. Aber es stoßt mir halt schon etwas negativ auf, wenn jemand die meisten Punkte hat und ich kenne den gar nicht, weißt du? Das ist irgendwie so, also er hat literally noch nicht mal jemals Hallo geschrieben, sozusagen, gefühlt. Denkst du halt schon so, wieso ist der dann 24/7 in meinem Stream? Wer ist denn das überhaupt? Ich meine, er ist länger hier als alle, die gerade in den Chat schreiben, sozusagen. Aber ich weiß nicht mal, wie man seinen Namen ausspricht, zum Beispiel. Also so ist das Prinzip quasi. Ja? Ihr müsst es nicht alle in den Chat schreiben, keiner von euch ist gemeint. Weißt du, so meine ich das. Oder denke ich mir halt schon so, naja, keine Ahnung, also dann habe ich auch keinen Bock, dem F-Coins zu geben, weil who the fuck ist das überhaupt? Weißt du, und der hat dann 3000 Punkte und gönnt sich die jetzt 2000 F-Coins. Und ich weiß nicht mal, wer das ist. Also, wie gesagt, stoßt halt schon irgendwie negativ auf, ne? So. Das sind Bots, die von Twitch genutzt werden, um zum Beispiel Zuschauer zu aktualisieren. Nee, also bei einem weiß ich es definitiv, dass er kein Bot ist. Ein paar von denen könnten vielleicht noch Bots sein. Aber ich habe mal, es gibt so eine Webseite,
Das ist schon ein bisschen her, dass ich das gemacht habe. Ich muss es wahrscheinlich nochmal machen. Oder mal wieder machen. Es gibt eine Webseite, die trackt Twitch-Bots. Die liest zum Beispiel aus, in wie vielen Channeln ein User ist. Da kannst du den User, also die Seite ist literally, is this user a bot oder so. So heißt sie nicht, aber so ähnlich. Also das ist das Prinzip von der Seite. Und du kannst da quasi eingeben, den Namen, und dann zeigt es dir an, in wie vielen Chats sitzt der. Und ich meine, kein normaler Mensch hat 500 Browser-Tabs offen. A.k.a. hockt in 500 Streams. Das ist dann ziemlich offensichtlich ein Bot. Wie gesagt. Aber das habe ich schon mal gemacht. Das habe ich ganz am Anfang gemacht, um das schon mal von vornherein auszuschließen, dass da direkt Bots mit farmen. Aber, ja. Oh baby, his Jojo. Endlich. It's his Jojo time. I had the his Jojo of my life. And I've never... Ich habe keine Ahnung, wie das Lied geht, by the way. Oh, I had the time of my life. And I never felt as beautiful. Actually, keine Ahnung, wie der Text geht von dem Lied, damn. Versuch's auch noch runterzuhandeln. Sind die Historios immer noch alle 4 da? Au, 1 ist weg. Das von dem Chinesen ist weg. Da ist aber selbst sein Shop abgelaufen. Weil der Midnight Rain ist günstiger gewesen. Na, dann ist sein Shop nur auf... Oder so ein Trottel hat ein teureres Jojo gekauft, obwohl es ein günstigeres gibt. Das könnte natürlich auch sein. Oh, I had the time of... Okay. Na, ich zahle ihm jetzt die 50. Das bin ich ihm schuldig. Haben wir beide halt verkackt, mein Gott. It is what it is. Ihr habt es alle gesehen, ich habe ihm 50 Mille geschickt. Meine Schuld ist beglichen. Er hat halt heftig reingeschissen, kann man sagen. Aber hätte man nicht wissen können, theoretisch. Naja, ehrlich gesagt schon, aber... well, jeder macht mal einen Fehler, I guess. Eigentlich hätte man es schon wissen können, aber was soll's. Also ich brauche Mineral und Krasic. Und die Karten. Ja, ich mache immer nur Element plus 4, glaube ich, sonst wird mir das tatsächlich ein bisschen zu teuer. Ach so, wobei Antiquary, das ist noch ein bisschen hoch. Mineral und Krasic. Krasichhauser. Krasichhauser. Ach, die Set-Teile sind wertlos. Endlich Auto-Attack. Ich lebe so schon 3 Stunden mit Auto-Attacks. Hat der Cloak Effekte? Dex plus 8. Natürlich haben diese dreckigen Hater meine Arons gekauft. Verdammt. Und fast keine Power Dice. Ich habe fast alle Power Dice zurückbekommen. Scheiße. Kann man das Element wieder entfernen? Ja, aber es kostet 1 Million Penny. Ja, das ist so bad. Das ist so bad. 1v1 ist so ein Abfuck, ey. 1v1 ist so bad. Es nervt mich so heftig. Es ist wirklich, es bricht halt Free-to-Play wirklich das Genick. So viele versteckte Kosten, so viel unnötiges Geld ausgeben. Es fuckt so ab die ganze Zeit. Also wirklich, es nervt so heftig. Es ist wirklich kein Spaß. Keine Catcher, Wide und Bright. Ja. Was? Lag? Ohne ich die Event-Quest an, die kommt automatisch mit Level 61. Die kann man nicht annehmen. Kriegst du automatisch mit 61. Da ist ein Mine-Catcher, aber ich brauche eigentlich einen Arons-Catcher. Uff.
Ja, ja, okay. Portburg, Baby. Ja, okay. Das ist jetzt der Server, oder what the fuck is happening? Guru Catcher. Das heißt, ein paar Mets sollte ich mal in meinem Inventar lassen, wenn man sie selber braucht. Das ist ein bisschen ätzend, dann erstmal Catcher töten zu müssen. Ganz nervig, ganz vergessen, wie nervig es war, ohne Boss auf 15 zu kommen. Alter, ich war vorhin vor 7 Stunden oder so. Oder länger. Keine Ahnung. Ich verliere jegliches Zeitgefühl. Ich war vorhin Clockworks Quest machen und da muss man doch nach Flares zu Dr. Est Lee wegen Clockworks Quest halt, ne? Und dann gehe ich da so hin mit meinem Am und meinem Jester, fliege halt so hin. Oder ich bin gelaufen, keine Ahnung. Und habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Dann stehe ich da so, gebe die Quest ab, steht der Erste vor mir, buff please. Denk mir so, ja, okay, passt. Dann buff ich ihn, steht der Zweite da, steht der Dritte da. Und ich dachte mir so, ups. Also es waren tatsächlich nur 3 Stück, da habe ich mich schnell verpisst, bevor noch einer kommt. 3 Stück gebufft, die hatten wahrscheinlich 10 Minuten den größten Spaß ihres Lebens. 10 Minuten lang. Ich meine, meine M-Buffs sind nicht so heftig, aber ich habe alle Buffs Max. Alle Buffs Max. Ja. War crazy. Also als Ringmaster kann ich nur empfehlen, geht niemals nach Flares. Ihr kommt da nicht mehr lebend raus. Man könnte auch einfach alle ignorieren und dann fühlt man sich halt wie so ein riesiges Arschloch, finde ich. Also wenn ich meine, jetzt 20 Leute gekommen wären, hätte ich die auch nicht alle gebufft, aber 3, ja, kann man schon mal machen. Also wenn man es eilig hat, ist natürlich blöd, aber kann man schon mal machen. Ja, bitte mit dem Code von gestern mit Amber und Upcut checken. So. The code is in the chat. Oh. Ich habe ihn nur auf YouTube geschickt, lol. Sorry, habe ihn nur auf YouTube geschickt. My bad. Wie kann ich die ganzen Shops noch nach Angel X filtern, wie du vorhin mit His Jojo? Du gibst einfach Angel X ein. Und vielleicht nicht in der Jojo-Kategorie. Aber ich sortiere nie nach Kategorie. Es gibt keine Angel X gerade. Wow, es gibt keine Angel X. Es gibt nicht eine einzige. Oder heißt die echt Angels X? Na, ist schon Angel, ne? Was ist schon? Er ist doch Angel X. Wie geht das mit Shops filtern? Unten links auf Menü. Und dann geht ihr hoch. Über privater Shop steht Search Shop. Und damit könnt ihr Search Shops. Shops searchen. Search Shops. Shops searchen. Mamanskis. Also. Krakatower. Piu. Oh, His Jojo plus 2. Oh. His Jojo plus 3. Oh. Oh. Wenn das jetzt kaputt geht, ich schwöre euch, ich mache jetzt His Jojo von 3 auf 4. Wenn das jetzt kaputt ist, ich quitte FEC. Habt ihr kurz den Atem angehalten, ne? Hat 100%. Ich alter Scherzkeks, es hat 100%. Ich bin so ein Scherzkeks. Es hat 100%. Oh Mann, habe ich euch gerade verarscht. Mein Leben ist echt armselig.
Spaß. Das war lustig. Ey, mindestens 5 von euch haben es geglaubt. Mindestens 5 von euch haben es geglaubt. Ich schwöre. Will jetzt keiner zugeben? Müsste auch nicht. Müsste nicht zugeben. Müsste nicht zugeben. Aber ja. Mir sagte, wer ist in 99,4? Hab's auf 3 gelassen. Ich hab geschwitzt. Tja. So ein richtiger Lehrerwitz, weißt du? Wie so ein alter Sack so vor. Weißt du, wie so ein Midlife-Crisis. So Lehrer zieht sich ein paar TikToks rein, will hip und cool sein, will mit seinen Homies im Classroom ein bisschen chillen, weißt du? Ne? Und dann macht er die ganze Zeit so fette Jokes, so richtige Schenkelklopfer, ne? Und das war ich gerade so. So. Ich wollte mich euch nur annähern. Ich wollte auch cool sein. Ich wollte aus meiner Midlife-Crisis raus. Tut mir leid. Wusste tatsächlich nicht, dass bis 400 S-Pros geht. Weil technisch gesehen wusste ich es auch nicht. Ich habe einfach geglaubt, dass der Chat nicht trollt. Nee, also ich habe nicht nachgeschaut, aber es wurde so oft gesagt, dass es 100% hat. Wäre jetzt crazy gewesen, wenn es nicht gestimmt hätte. Wusstest du nicht, das geht ohne zum Rüstmeister? Tja, da staunst du, ne? Na, da staunst du. Ja, aber wie zu erwarten war, der Damage ist mit His-Jojo immer noch Trash. 100% Attack-Speed und His-Jojo. Und wie prophezeit, der Damage ist einfach immer noch scheiße. Crazy. Aber ja, es fehlt noch Element. Ich muss noch Element draufpacken. Aber ich habe keine Karten, deswegen ist das gerade ein bisschen schwierig. Also Element plus 3 würde ich jetzt noch draufpacken. Ja, oder 4. Element plus 4. Mehr mache ich wirklich nicht. Weil ich habe keinen Bock, dann auch andauernd S-Project Load zu kaufen. Das Entfernen kostet 1 Mille. Dann immer noch S-Project Low. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Weil jetzt wechselt man die Monster schon noch schnell. Ich habe jetzt auch 10 Amplis bekommen. Also kann ich jetzt auch wieder zumindest ein bisschen anziehen. Ja. Anziehen. Wenn sie mir den Scherz erlauben. Elemente auf 100% von 3 auf 4. Element hat die gleichen Wahrscheinlichkeiten wie normales Upgraden. Also wenn du von 3 auf 4 100% hat mit normalem Upgraden, dann hat Element auch von 3 auf 4 100%. Das sind die gleichen Ratios, my man. Element und normales Upgrade hat immer die gleichen Ratios. Nur Sockel sind anders. Aber wenn Gmo ihr Element drauf benutzt statt His. Wie viel Element ist auf deinem Jojo drauf? What the fuck? Hast du Element plus 10 gemacht oder was? What? Wie habe ich 100% Attack Speed Sense warf? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Weil GT. Gebura Tifreto. Und ich hab GT sogar nicht mal auf 10. Ich hab so heftig verkackt, Alter. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Zum Glück ist Jester so scheiße, dass es einfach vollkommen egal war, ob ich verkackt hatte oder nicht. Es war so oder so Trash. Zum Glück ist er so Trash, dass es einfach keine Rolle gespielt hat. Aber ja. Das Zauberwort, schau dir mal mein Equipment an. Was fällt dir auf? Ich sag nur Dex, 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 Dex. Ich hab Dex, Dex, überall Dex. Ich hab alles voller Dex. Dex, 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 Dex. Wie viel Dex habe ich? 127. Nope, 134. Ich habe 134 Dex, mein Homie. Mein Homie. Ich bin komplett auf Dex.
Andere sind auf Roids und ich bin auf Dex. Und was macht das mit meiner Crit-Rate? Verdammt richtig. Eine saftige 92% Crit-Rate, 100 Attack-Speed, 67 Treffgenauigkeit. Ich bin basically nur am Critten. Und macht trotzdem keinen Damage. Feels bad, man. Ich dachte, Jester wäre SDR. Ja, aber ich will auch 100% Attack-Speed, Mann. Und ich habe experimentiert, wie ich irgendwie auf 100% Attack-Speed komme vor Level 75, vor GT. Und es war literally nicht möglich. Selbst mit G-Yo-Yo hätte ich es nicht geschafft. Ich weiß nicht, welcher Crystal Meth-Süchtige diese Klasse entwickelt hat. Also wirklich, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Der Typ muss den ganzen Tag Crack genommen haben, als er Jester entwickelt hat. Der war sowas von drauf. Der hat nämlich nicht gecheckt, dass die Klasse Attack-Speed braucht und literally keine Attack-Speed hat. Das hat er irgendwie übersehen. Ich habe nämlich schon seit Level 60 so viel Dex. Und war niemals auch nur in der Nähe von 100% Attack-Speed. Das ist crazy. Mit Harlequin ist dann zum Glück Jester endlich gefixt. Keep dreaming. Naja, ich meine, das ist alles nicht so schlimm, wenn man ein bisschen mehr Power-Ups aktivieren kann und so, weißt du? Aber Free-to-Play ist das schon irgendwie ziemlich scheiße. Ich meine, du siehst es ja, also ich meine... Jetzt habe ich alles. Jetzt habe ich Crit, jetzt habe ich Attack Speed. Bin ja trotzdem mainly STR gestattet. Ich meine, ich habe ja trotzdem mehr STR und so. Aber es ist immer noch nicht gut. Gut ist es immer noch nicht. Jetzt ist es erträglich, würde ich sagen. Wobei ich ehrlich zugeben muss, ich hasse Auto-Attack-Leveln so sehr, ne? Muss ich echt sagen. Und obwohl mir sogar die Finger teilweise wehgetan haben, weil du immer die gleiche Position über Stunden, über halbe Tage gefühlt, die Finger in der gleichen Position. Vital Step. Entschuldigung. Multi-Step hat mehr Spaß gemacht. Leveln mit Multi-Step hat mehr Spaß gemacht. Die Kill-Time ist literally fast dieselbe. Fast. Weil gut, wenn man nur mit Multi-Step leveln würde, würde man tatsächlich vor der STR gehen. Aber ich meine, das, wie gesagt, das hatte ich eigentlich nicht vor. Es ist alles etwas anders gekommen, als ich es vorhatte. Aber man kann ja nicht alles planen. Man kann ja schlecht planen, was man droppt und so. Oh, ich vergesse die ganze Zeit auf Karten zu achten. Scheiße. Egal, auf jeden Fall. Weil ich lohnt sich. Ja, ich weiß nicht. Das Problem ist, dass ich level bei Small Vatanka. Es ist. Eigentlich müsste ich direkt zu Antiquary. Ich müsste direkt Wind auf das Jojo machen. Weil ich bin fast 81. Dann sind Small Antiquary 6 Level über mir. Das Problem ist, der Small Antiquary Spot ist so hardcore contested. Da sind immer Leute am Auen. Mist. Ich dachte, du bist 27. Ich bin 80. Bruh. Gut gehalten für 81. Danke. Damn, sein Mensch, mit dem Niveau, mit diesem Niveau an Jokes, da machst du mir richtig Konkurrenz. Als unlustigster Mensch in diesem Stream. Ha, kriege ich ja noch Konkurrenz. Schneid die Gürtelschneiden enger. Hier kommt sein Menschen. Bin eigentlich sehr funny. Ach, fuck. Für Wind brauche ich Eron und Krasek.
Da feiert man dann doch diese unkreativen Games, wo es nur ein Material gibt und es alles einfach für alles benutzt wird. Wisst ihr, wie ich meine? Aber wisst ihr was? Wahrscheinlich wäre es einfach klug. Begleitersammelfilter. Ich sammle jetzt einfach mal alle Elementkarten. Bis ich halt wirklich mal von allen so 20, 30 habe. Und dann tue ich die auf die Bank und dann kann ich es wieder ausmachen. Ich glaube, das würden jetzt kluge Menschen machen. Macht keinen Sinn, jede Karte anzugucken. Da wirst du ja wahnsinnig. Außerdem vergesse ich es die ganze Zeit. Ich denke mal, das ist der Way to go. Miss Noxy, by the way. Ich habe dich nicht absichtlich ignoriert. Ich bin einfach ein bisschen lost. Vielen Dank für den Sub. Vor 10 Minuten. Vielen Dank. Sorry. Ich weiß nicht mehr von was, aber ich war von irgendwas abgelenkt. Dankeschön. Danke. Ich will nichts jinxen, aber spielbar. Sir. Oh, ein Guru-Catcher. Bock, das Event gibt ordentlich auf Stuff für Free-to-Play, Leute. Nee, also ja. Ja, das Event bockt nicht, aber wenn du 10 Ostereier sammelst, kriegst du eine Box und die bockt dann. Das passt perfekt, ich muss mir rebuffen. Ich finde das so nervig, wenn dein Geist kann auch Sätze formulieren, aber sobald du den Mund aufmachst, kommt nur noch Wurstsalat raus. Bekommt man das Speedset garantiert aus der Box? Du kriegst immer ein Speedset zwischen 2 und 10%, ja. Also du kannst nichts kriegen. Aber wenn du Pech hast, kriegst du halt 2%. Oh. Warum zum Teufel mache ich beides? Multistep. Die Loadlights in SM-Tisken. Es gibt nur eins und das ist zwischen Pumpkin Town und Kartpuppen. Also rechts von der Schlucht, zwischen Schlucht und See. Also Loadlight, Schlucht, See, Pumpkin Town, Kartpuppen. Wer sich in SM auskennt, weiß genau, wo ich meine. Ich kenne St. Morning wie meine Westentasche. Schick, der verkauft eine LC7. Ja, das ist mein Homie Misa. Misa. Miss Misa. Mein Homeboy. Holmes. Warum ist noch das Histio in meiner Bar und nicht das Giojo? Das ist ein Pulley of Clockwalks. Ich besitze kein Giojo und habe auch nie eins besessen. Oh. Sir. Na, danke für den Hinweis. Ich habe es gerade entfernt. Vergeben Sie mir bitte. Gibt es nach dem Sabaton nur noch Abendstreams? Der Moment, wenn du erst nach 10 Sekunden checkst, dass du mit der Faust zuschlägst. Eure Schuld. Arik plus 5 was wert? Sicherlich, aber ich habe keine Ahnung wie viel. Wahrscheinlich so 500k bis eine Mille oder so. Ich meine, die Leute wollen eigentlich alle plus 7. Blade full STR or 3550 Dex and STR, please.
If you stat Dex, you have to redo it at one point, probably. So if you don't ever want to use a Scroll of Restat, don't do it. If it is not of any interest, if you have to use the Restat at any point in the game, then I would do around 50 probably. 50 is like a good average. Gives you like decent stats. Like attack speed, crit rate, and hit rate. So, yeah. It's decent for the beginning. In the late game or high levels, many people don't want that because they just want DPS and their decks won't be of that much use anymore, like in lower levels. But in lower levels, it's pretty cool. I like it. Ach, Gala, du machst es mir nicht leicht, das AON. Ja, wo kommt ihr plötzlich alle her? Hallo? Wir hatten so eine schöne Zeit ohne euch, die letzten 12 Stunden. Kappa. Ich meine in-game. Im Stream dürft ihr gerne bleiben, aber in-game ist jetzt ein bisschen... scheint ein bisschen voller wieder zu werden. Ich erinnere an die Worte, die angeblich ein Game Master gesagt hat. Es liegt nicht an der Serverkapazität. Es leckt zwar jedes Mal, wenn zu viele Leute online sind, aber es hat nichts mit der Kapazität zu tun. Es liegt nicht daran, dass 25.000 Leute zeitgleich Flash spielen wollen. Damit hat es nichts zu tun, okay? Aber wenn es 10.000 weniger werden, wird es nicht laggen. Ach, okay. Naja, dann glauben wir ihm das mal. Wird schon recht haben, der gute Mann. Ist das ein Hiss-Jojo? Ja, die werden mittlerweile verschenkt, glücklicherweise. Wenn die noch bei 75 bis 100 Mio wären, hätte ich sie immer noch nicht. Also in so... Das Geile ist, ich habe es jetzt für 50 gekauft. In 12 Stunden kriegst du es wahrscheinlich für 10. In einem halben Tag kriegst du es für 10 und in 3 Tagen kriegst du es geschenkt. In 3 Tagen schenke ich dir mein Jojo, weil es wertlos ist. Wofür ich gerade 800 F-Coins bezahlt habe. Cool, oder? Cool. Coole Sache, mein Alter. Wie hoch ist denn der Beste? Achso, ich dachte, man ist das Jojo, oder? Keine Ahnung. Vorhin war es 127 Blade. Ist aber schon ein Weilchen her. Wird wohl 130 sein mittlerweile. Dann warte ich noch 3 Tage mit dem Leveln. Lol. 128 Blade. Hat nur ein Level gemacht, der faule. Der faule Blade. Wie kann man fast 130 sein? Darf ich nicht mehr sagen, sonst heißt es wieder... Darf ich nicht mehr drüber reden. Ich hab's zu oft schon gesagt. Es wurde mir verboten. Er ist ein guter Spieler. Sir, das steht außer Frage.
Das ist auch nicht schlecht. Es liegt auch nicht an der Kapazität, aber desto mehr Free-to-Play-Spieler online kommen, desto schlechter wird der Average Ping für alle Free-to-Play-Spieler. Diese verdammten Schweine. Diese verdammten Schweine. Das ist doch mal geil. Alberts Kill für Jobwechsel. Sorry, ich fange nochmal an. Alberts Kill für Jobwechsel ist so AIDS. Vor allem, wenn da 500 Anfänger sind, die da einfach nur leveln wollen. Und du da rumgurkst und eine Job-Change machen willst. Ach, das Low-Level von Flive, ich finde es leider doch sehr schlecht durchdacht, muss ich echt sagen. Ich finde, also jedes Mal, wenn ich einen Server-Start mitmache, beziehungsweise neuen Char stelle, fallen mir, ich meine, klar, ne, einem Spieler, der ein Spiel viel spielt, dem fallen 100.000 Sachen ein, wie man das Spiel verbessern könnte und so weiter. Aber no joke, also das Low-Level von Flive ist nicht gut. Es ist cool wegen Nostalgie und so, aber es ist echt schlecht. Also man kann da wirklich literally alles verbessern. Es gibt nichts, das auch nur ansatzweise gut ist irgendwie. Jetzt von einem objektiven Standpunkt. Wenn du komplett Nostalgie und so rauslassen würdest, ist es wahrscheinlich eines der schlechtesten Early Games eines Videospiels aller Zeiten. Das ist wirklich nur so gemacht, dass du einfach nur cashen willst oder quitten willst. Kommt halt darauf an, was für eine Art von Spieler du bist. Entweder du quittest oder du cashst. Das erste Mal Alberts töten ist einfach Peak. Tja, nicht für jemanden, der es vor 20 Jahren nicht gespielt hat. Deswegen meinte ich ja objektiv. Das Fleisch-Spezial, cashen, dann quitten. Gewinner oder Verlierer? Jetzt, und wer ist jetzt wer? Das musst aber du beantworten, nicht ich. Wer ist wer? Wer ist wer? Wer bin ich? Die Catcher gehen mittlerweile ganz gut down. Musst du nur Level 80 erreichen, bis ich einen Catcher in einer halbwegs akzeptablen Zeit töten kann. Nice. Geil. Endlich kann ich Catcher töten. Hat nur 80 Level gedauert. Ich pulle, Ping 150, 20 Mobs im Arsch kleben, Ping 1,5k. Shit. Das leckere Vanilla Via ist das Einzige, was dich gerade bei Laune hält? Was zum Teufel ist das? Vanilla VLA. Milkshake Vanille? Sagt ihr Vanille oder Vanille? Ich finde, Vanille ergibt keinen Sinn. Da sind 2 L. Doesn't even make sense, man. Wo kommt denn das J plötzlich her? Wie wird aus LL plötzlich LJ? Das heißt Vanille. Vanille. What the fuck? Was ist jetzt passiert, Alter? Halbe Spanier. Stimmt, das ist kein ganzer Spanier, weil Doppel-L in Spanien wäre einfach nur J. Das wäre ein Vanille. Oder Vanille oder whatever. Vanille. Es ist ein halber Spanier. Einfach Vanille. Einfach halber Spanier. Ist einfach nur ein halber. Ist halb Deutscher, halb Spanier. Deswegen Vanille. Halb. Kann man nichts machen.
Er ist weder das eine noch das andere. Das gefällt mir, Mr. Jax. Sie sind urkomisch, Sir. Sie sind ein richtiger Scherzkeks. Auch genau mein Humor. Ich hebe jetzt extra Elementkarten auf, um 3 Windkarten zu droppen. Oder 4. Und was kriege ich? 2 Windkarten. 6 bis 10. Ich brauche aber 1 bis 5. Danke für absolut gar nichts mal wieder. Müssten die nicht eigentlich seltener sein oder so? Ich meine, gut, eigentlich nicht. Eigentlich braucht man davon mehr. So müssten sie häufiger sein, aber... Ja, keine Ahnung. Soll ich dir welche zuschicken? Nope. Lungenfacharzt im 5. Stock ohne Aufzug ist genau mein Humor. Hold up. Ist gerade Platz in der Gilde? Nee. Wenn du 2 Millionen Penny und einen Arsch voll Quest-Items hast? Naja, so viel nicht, aber vielleicht ein paar Quest-Items, ein bisschen Penny. Also mir geht es echt blöd wegen scheiß Clockbox, Mann, das nervt mich so. Warum ist immer alles so schlecht gemacht in Flyf, ey? Was lohnt sich am meisten? Clockbox Solo. Vor allem jetzt. Was braucht man für Clockbox Solo? 2 Chars in der gleichen Gilde. Das heißt, die maximale Anzahl der Leute, die an der Gilde können, sofern alle von den Clockbox farmen würden, ist nur halb so hoch wie die maximale Anzahl der möglichen Gildenmember. Da jeder 2 Plätze braucht. Ich finde das eh so stumpf eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. MMORPG, du startest eine Gilde und es können gerade mal 30 Leute rein. Ich meine, ja, 30 ist jetzt nicht wirklich wenig und ja, in normalen Spielen hat man keine 2 Accounts. Aber MMORPG, also das erste M steht ja für Massive. Oder? Ich bin so müde, ich check's gerade selber nicht ganz, aber ja. Auf jeden Fall, ne, Multi steht's, ne? Multi-Massive. Das zweite M steht für Massive. Scheißegal. The point is. The point is. The point is. Was ist der Point? Ich habe den Faden verloren. Warte kurz. Warte. Was war der Punkt? Moment. Dass du in solchen Spielen eigentlich mit Hunderten bis Tausenden Leuten ja zeitgleich spielen könntest. Im besten Fall vielleicht sogar Millionen. Und dann gründest du eine Gilde und kannst 30 Leute einladen. Wow. Na, da lade ich gleich mal direkt 29 von den 3000 ein. Super. Also ich meine, ich finde 100 als Basis, und man muss ja immer bedenken, ne? Man könnte jetzt immer das Argument bringen bei Flyf, naja, aber eigentlich spielt ja nicht jeder 2 Chars oder normalerweise spielt ja nicht jeder 2 Chars oder irgendwie so, ne? Könnte man machen. Man könnte aber auch die Schnauze halten, weil in Flyf ist es einfach seit fast 20 Jahren so, dass jeder 2 Chars hat. Das ist einfach so gang und gäbe, das musst du halt irgendwann einfach akzeptieren als Entwickler. Ich meine, die Spieler machen das Spiel, ne? Du kannst als Entwickler nicht so machen, ich bin jetzt stur, ich will nicht, dass ihr alle 2 Chars spielt. Nein, will ich nicht. So funktioniert es nicht. Die Spieler machen das Spiel. Du kannst, wenn die Spieler aus dem Spiel was anderes machen, als du forderst, hast du Pech gehabt als Entwickler, da kannst du nichts dran machen. Musst dich überhaupt freuen, als Entwickler, so verstehe ich das zumindest immer, freut man sich ja überhaupt, wenn irgendjemand sein Spiel feiert oder spielt. Dann kannst du dich auf bockig machen und sagen, ja, das will ich jetzt nicht, ihr spielt falsch. So funktioniert es nicht. Du hast den Käse entwickelt,
offensichtlich hast du irgendwas falsch gemacht und deswegen ist es jetzt so. Aber wenn du nicht damit leben kannst, dann shut the fuck up. Also, crazy. Und, wie gesagt, 30 ist wahrscheinlich die Standard-Gildengröße, seit Gilden existieren in dem Game. Ja, müsste man halt mindestens verdoppeln. Da standardmäßig jeder 2 Chars hat. Dann müsste es Minimum 60 sein. Unsere Gilde ist Level 24. Wir haben nicht mal 60 Plätze. Wir haben nur 52 Plätze. Und haben da schon arschviel Questies und Geld reingebuttert. Und haben noch nicht mal die 60, die eigentlich Standard sein sollten. Wo ergibt das Sinn? Tut's nämlich nicht. Also das ist... Check's nicht. Also, wie gesagt. Das ist crazy. Ja, darauf erstmal ein Snickers. Spaß. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Die beste Snickers-Werbung aller Zeiten. 30 Minuten über Gilden abhaten und dann ist ein Snickers. Schlechter Tag in einem MMORPG ist ein Snickers. Zu wenig Gildenplätze ist ein Snickers. Ja, wenn du hungrig bist, wirst du zum Hater. Ja, das erklärt wohl, warum ich fett bin. Kappa! Dreckiger Hater. Dann müsstet ihr alle dick sein. Denn ihr seid alle dreckige Hater. Die meisten von euch. Gibt ein paar Leute von euch, die haten wird literally nie. Euch meine ich nicht. Gibt ein paar Leute, die haben noch nie was Negatives gesagt. Sehr bewundernswert übrigens. Das ist sehr bewundernswert. Denn ich selbst sag selbst oft negative Dinge. Danke. Nicht du, ich zum Beispiel, nicht du. Und auch du nicht. Du warst auch nicht. Bruh. Ich hab schon wieder diese scheiß Oka-Scouts gedroppt. Die sind wertlos. Ich habe doch nie gehatet. Naja, ich meine, ich habe mir jetzt nicht jede Chat-Nachricht gemerkt. Ich habe mir jetzt nicht jede einzelne Chat-Nachricht von Ihnen gemerkt, Sir. So. Dreckige Anti-Hater. Jetzt haten die Hater sogar schon die Anti-Hater. Das ist eine Hate-Ception. Boah, ich dachte gerade irgendwie kurz, dass ich tot bin. Ey. Ich habe gerade im Partyfenster habe ich gerade nur so eine leere Lebensanzeige gesehen. Aber es war halt nicht meine, es war halt irgendeine andere. Ich dachte gerade kurz, dass ich tot bin. Hat er wieder angefangen bis Level 15. Ab wann sieht man Mitspieler? Bisher ist das Game bis auf Shopbots ziemlich leer. Geh mal zurück in die Serverauswahl. Klick ganz unten auf Event. FWC. Channel 1. Und dann komm nochmal her. Also geh in die Serverauswahl, klick auf Event, FEC, Channel 1 und dann berichte uns bitte. Am besten geh erst noch zu den Lawolf. Geh noch zu den Lawolf vorher. Das sind so Low-Level-Monster. Und dann komm wieder her. Und dann können wir nochmal reden.
Also mach das wirklich. Ich verarsche dich nicht. Mach's wirklich. Das ist ernst gemeint. Mach's wirklich. Trust me. Tu's. Du wirst es nicht bereuen. Bitte sag nie wieder, La Wolf, hab das so nicht verarbeitet. Oh boy. Wie kann man nochmal jemanden duellieren? Habe es in Einstellungen aktiv, aber sehe die Option nicht auf Rechtsklick. Außerhalb einer Stadt und beide dürfen nicht in der Party sein. Das ist auch ungefähr das Dümmste, was jemals jemand erfunden hat. Du musst außerhalb einer Stadt sein und beide dürfen nicht Mitglied einer Party sein. Also du musst außerhalb einer Safe Zone sein und beide dürfen nicht in der Party sein. Das sind mehr Bedingungen als bei meiner letzten Ehe. Na, meint, das sind mehr Bedingungen als bei meiner letzten Scheidung. Misa? Ich weiß, du liebst es, mich fortzuführen, aber ich bräuchte bitte Global Attack. Mein Damage ist Arsch. Dankeschön. Warum stacken deine gekauften A-Pros nicht? Weil du wahrscheinlich... Keine Ahnung. Also A-Pros stacken nur bis 999. Du hast wahrscheinlich mehr als 999 gekauft, kann das sein? Imagine, das ist wirklich... Imagine. Hä, wieso stacken die nicht? Ich habe 2 Stacks 999. Wieso stacken die nicht? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Imagine. Einfach stacken, einfach nicht. Ist sicherlich nicht der Fall. Oh. Naja. Dann kannst du das ja schon mal ausschließen. Keine Ahnung, du hast wahrscheinlich einmal A-Projects von einem Violet bekommen. Ist aber egal. Also, wenn sie alle aus dem Cash-Up sind, dann weiß ich es nicht. Aber eigentlich ist das unmöglich. Also eigentlich sollten alle... Also eigentlich haben alle Items irgendwie eine Item-ID. So soll das wohl sein. Und es gibt manche Items halt öfter als einmal. Also es gibt halt mehrfach das gleiche Item mit einer unterschiedlichen ID. Und deswegen hast du es im Inventar dann 5-mal und es stackt nicht, weil es quasi 5 verschiedene Items sind. Also es ist das gleiche Item, aber es hat eine andere ID. Beide aus dem Shop gekauft. Jeweils die einzelnen für 50 A-Products. Hast du eins als Favorit markiert aus Versehen? Das wäre noch eine Möglichkeit. Mach mal Rechtsklick auf beide und guck, ob du aus Versehen... Bei einem von beiden steht wahrscheinlich Entferne Favorit. Wenn es das nicht ist, dann habe ich keinen blassen Schimmer. Soweit ich weiß, sollte das unmöglich sein. Aber ihr seid da die Experten. Oder einige von euch. Wie viel AP braucht man für CW?
Ähm... 7k für easy, würde ich sagen. Also, ich sag immer so, wie du eigentlich nicht sterben kannst. Manche sagen dir vielleicht, ist zu viel oder whatever. Aber ich bin persönlich lieber auf der sicheren Seite. Vor allem, wenn ich einen einstündigen Bossfight gegen Clockworks vor mir habe. Weil mein Damage so abfuckelmäßig low ist, dass ich eine Stunde dafür brauche. Hätte ich lieber ein bisschen mehr HP. 7k für easy, 7,5 für middle, 8 für hard. Würde ich persönlich sagen. Ich glaube, solange es voran Level 58 Major brauche 6 Cast, um einen Mob Level 2 der über mir zu kennen. Tja, und deswegen spielt man Hit and Run Mage mit Hot Air. Klingt fürchterlich, Bluntrocks. Mein Beileid. How to equip FWC title, John. John, press R. 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 Like a pirate. R. Then titles and badges. And then on the right hand side you have those title symbols and also the description what it does if you click on them. And if you don't see any titles, then you have to go to U for events, FWC level reach, and then press on redeem. Bin ich noch wach oder wieder? Ja? Oh. Noch. Zu erwarten bei dem Cacher. Well. S mit der Pink zu spielen. Ich kann mich nicht mal hier hin. S mit der Pink zu spielen? Wer ist S? Ist das nicht ein Horrorfilm? Live mit Pink geht gar nicht. Ja. Schon ein bisschen ätzend. Ich glaube, er meint Ass. Könnte sein. Ich klicke Tasten und nichts passiert. Ja. Kommt. Machen wir es jetzt einfach so. Passt auf, ich habe einen Vorschlag für euch. 100er Sub-Gift-Bombe. Ich gehe 6 Stunden pennen. Und währenddessen laggen die Server brutal, sodass keiner Progress hat. Und dann komme ich wieder. Und die Server hören auf zu laggen. Gut, dann wäre das geklärt. Auf die Plätze. Fertig. Los. Kappe. Kann doch nicht sein, dass sie ihre Dreckserver noch nicht im Griff haben. Tja, JG. Dafür fehlt mir die Erfahrung, um das jetzt zu lösen, das Rätsel. Was?
Offensichtlich ist es so, Mr. JG. Offensichtlich ist das so. Gab es da eigentlich jemals nochmal ein Update? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Was für eine Verschwendung meines Talents. Hey, bad in person. Thank you. Thank you. Thank you. Dankeschön, Sir. I appreciate it. Dankeschön, Sir. Das sind 60 Minutes. Zusammen bekommen wir 100 hin, Leute. Na. Eigentlich sind das ein bisschen das ernst gemeint. Ich meine, wer will nicht 100 Subs, aber... Ich hätte nie gedacht, dass der Timer so schnell runtergeht, wie schon gesagt. Also nicht wegen Subs, sondern... Weil es ja auch Kanalpunkte und... Ach, ich sag's schon zum 10. Mal. Kanalpunkte und Ausrufezeichen Store gibt es auch Sublänge, Verlängerungen, sogar ohne Subs, also ohne dass Subs gedingst werden. Und ich habe das alles halt so konzipiert, dass quasi viel mehr Leute diese Punkte einlösen. Weil halt wirklich, wie gesagt, einige Leute auf arsch viel Punkten hocken. Und ich meine, die Punkte sind gratis. Größtenteils sind sie nichts wert und nutzlos, sag ich mal. Also, sie haben keinen Gegenwert. Das ist einfach halt nur eine Belohnung fürs Zuschauen, die man jetzt endlich mal aktiv für irgendwas einsetzen kann. Oder in der Regel kann man es nicht großartig für irgendwas einsetzen. Daran sind keine Bedingungen, Verpflichtungen, irgendwas geknüpft. Ja. Habe ich halt offensichtlich ein bisschen überschätzt, sag ich mal. Also ich habe echt mit viel mehr gerechnet. Sehr viel mehr. Also ich habe wirklich gedacht, allein ein Tag, also 24 Stunden, werden allein dadurch zusammenkommen. Das heißt, jetzt hätten wir noch so, keine Ahnung, 20 Stunden oder so übrig. I don't know. Sir, haben Sie mit mehr gerechnet? Ja. Erklären Sie das doch bitte noch einmal. Ja, JG, du hast es jetzt schon 3-mal gehört. Aber es gibt wahrscheinlich noch genug Leute, die es noch keinmal gehört haben. Keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Bait und nächste Woche gibt es fette Belohnungen für die Punkte. Ich verspreche dir, das wird nicht der Fall sein. Ich verspreche es euch, das ist safe nicht so. Gönnt Kanalpunkte, dann verlängere ich. Kanalpunkte kann ich dir nicht geben, die sind von Twitch festgelegt. Die kann ich weder löschen, noch verwalten, noch sonst irgendwie. Der einzige Weg, die Kanalpunkte loszuwerden, ist, euch den Sabaton verlängern zu lassen. Sozusagen. Aber das ist jetzt auch gerade schwierig, weil mir dieses +2, +2, +10 ist halt ein bisschen blöd, weil es sorgt einfach nur dafür, dass ich nicht ins Bett kann. Also, das müsste so die ganze Zeit ablaufen. So, naja, literally die ganze Zeit eigentlich. Alle paar Minuten, dass halt jemand 10, 20, 10, 20, 10, 10, 2, 2, 10, 10, 2, 2, 10, 20, 10, 2, 10. So müsste das mal eine Stunde lang laufen oder so, dann könnten wir reden. Aber es ist, wie gesagt, nie passiert. Nicht ein einziges Mal. Was ich echt nicht gedacht hätte. Dass ihr so geizig Hat seid. gerade jemand 5 gesagt? Ich weiß gar nicht, von wem ihr das habt.
Wer war euch so ein geiziges Vorbild? Von wem habt ihr diesen geistesgestörten Geiz geerbt? Oder abgeguckt? Da fällt mir wirklich niemand ein. Du meinst Fliff? Da spricht man doch nicht Fly aus, du Vollidiot. Das heißt Fliff. Fly for fun. Fliff ist doch ganz einfach. Das kann sich doch jeder merken. Für all deine Kanalpunkte wären es 20 Minuten. Tja. Wie gesagt, es gibt einige Millionäre. Gibt einige Millionäre. Kekwe. Gibt einige Kanalpunkte-Millionäre. Wenn die alle zusammenlegen, das wären Minimum 10 bis 20 Stunden. Also, gut, da müssten wirklich alle zusammenlegen. Das wird so nicht passieren, weil die auch alle... Also, sind ja auch nicht alle da. Ist eh klar. Und das wäre free, wie gesagt. Da müsste keiner einen Euro springen lassen. Ich habe euch die ultimative Chance gegeben. Oh. Ich habe keine Penya Flask mehr. Warum sieht mein Shop so scheiße aus? Was habe ich getan? Sind denn gerade Millionäre online, die für verantwortlich machen können? Einer hat sich schon geoutet. Zwei sogar. Ja, es sind gerade mindestens 2 Millionäre anwesend. Einmal rigged Wette, dann ist das Konto wieder leer. Nicht, wenn du Millionär bist. Man kann maximal 250.000 verlieren. Man kann maximal 250.000 verlieren auf einen Schlag. Hab ganze 7 Punkte. Du hast gerade literally einen Clip redeemed. Frech. Sind ja noch 3 Stunden zu gehen vorerst. Naja, jetzt sind es wieder 5, glaube ich. Jetzt sind es wieder 5. Verlieren wir etwas, wenn wir Zeit mit dir gewinnen? Was? Spaß. Entschuldigung. Nein, meine ich. Nicht abschalten, nein. Wenn es so weitergeht, verliert ihr mich, weil ich an einem Herzinfarkt sterbe. $4,5 für Mod ist weiter weg, als wieder von 0 auf 300.000. True. Wie sich die Leute das einteilen, das könnte man davon in schlechten Zeiten einkaufen. Ich glaube, das ist so ein psychologischer Effekt irgendwie. Man hat so lange dafür gebraucht, dass man es gar nicht mehr hergeben will, obwohl es eigentlich wertlos ist. TBH. Ich glaube, das ist so legit so ein psychologischer Effekt. Man will es nicht hergeben, obwohl man eigentlich weiß, dass es einfach nichts ist. Aber man hat so lange dafür gebraucht und in Anführungszeichen so hart dafür gearbeitet, dass man es nicht einsehen will. Aber eigentlich ist es einfach nichts. Es ist einfach nur... Ja. Keine Ahnung, es ist einfach nichts im Endeffekt. So hart zugeschaut. Ja. Scheint so. Anders kann ich es mir nicht erklären. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich will einfach ein VIP-Badge. Der Style hat mich in den Kanalpunkt Ruin getrieben. Und ich habe es gern gemacht. Und ich würde es jeden Tag wieder tun.
Hochsetzen auf 2 Mio für Sai. Wow. Die anderen VIP-Badges sind eher alle gecheased mit dem alten System, alles Scammer. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Sai Menschen. Aber in dem alten System haben manche Leute VIP sogar redeemed für andere Leute. Da wurde VIP einfach verschenkt. Als wären es Frühstückseier oder Frühstücksbrötchen. Einfach verschenkt die Sau. Das waren pralle Zeiten. Die Leute haben mit Punkten um sich geworfen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Wir alle waren reich, hatten noch volle Haare, Afros, Cadillacs, Goldketten, Goldzähne, goldene Zahnspangen. Doch diese Zeiten sind leider vorbei. Was einst war, ist fort. Übrig sind nur die Trümmer und zerstörten Hoffnungen einer längst vergangenen Epoche. Kloschüsseln. Goldene Kloschüsseln. Ja, es fucking raucht so wie goldenes Scheißhaus. Ohne Scheiß. Hat was. Wirklich, ich inhaliere lieber Fürze. Es fucking raucht so wie. Solltet ihr auch mal probieren. It sure is something. Ich besitze immer noch über 5k Punkte vom alten System. Was kann ich damit machen? Es gab mal einen Stream, wo du die alle hättest raushauen können für irgendwas. Ich weiß nicht mehr von was. Anonymer 10. What? Die Männer sind bereit. Damn. Geheimnisvoll. Die Männer sind bereit. Dankeschön, wer auch immer das war. Vielen Dank. Die Männer sind bereit. Interessant. Die Männer sind bereit. Endlich gönnt mal jemand. Also ich sag... Ich meine, offensichtlich möchte diese Person anonym bleiben. Also raten wir jetzt 4 Stunden lang, wer es war. Offensichtlich möchte die Person anonym bleiben. Also gehen wir nicht offline, bis wir es herausgefunden haben. Ich sag, es war George Clooney. Die Männer sind bereit. Das war ich. Das würde jetzt jeder sagen. Das ist zu einfach. Du bist es schon mal nicht. Die Männer sind bereit. Er war es selber. Da kennst du mich nicht gut genug, Sir. Oha, undankbar. Die Männer sind bereit. Du dreckiger Hater. Allein schon deswegen warst du es nicht, weil du so ein dreckiger Hater bist. Niemals würde so ein dreckiger Hater 10 Subs giften. Die Person möchte nicht im Board stehen, Niox? Okay. Also finden wir es heraus und schreiben sie manuell rein. Kappa. Kann man eh nicht rausfinden. Danke auf jeden Fall nochmal. Appreciated. Ich habe mittlerweile sogar 3 Windkarten gedroppt. Oh, es sind die falschen. Oh Gott, ich bin so dämlich. Ups. Nevermind. Oh nein. Never sub, never donated, adblock on, stolen laptop, neighbors Wi-Fi, mama's house, free entertainment. Uff. Giga Hate Watching. Er kommt mit Giga Hate Watching Copypasta.
Er kommt mit Giga, Hate Watching, Copy Pasta. Da fehlt noch Never Followed. Never Followed fehlt noch. Never Followed, Always Dislike. Never Followed, Always Dislike. Ja, dann ist schwer zu haten. Wenn du nicht followst. Achso, weil du nicht checkst, wann du live bist, ne? Na gut, stimmt. Okay, das geht an dich 1:0, Sir. Du musst followen, damit du immer siehst, wenn er online ist. Um immer als Erster da zu sein zum Haten. Ja, touché. Okay, das stimmt. Der Punkt geht an dich. Du kennst dich aus. Wie man sieht, du kennst dich aus. Das Haten liegt ihm im Blut. Hab den ganzen Start verpasst, leider. Wie läuft das bisher? Ich bin einfach seit 51 Stunden live. Wie zum Teufel konntest du das verpassen? Oh, fuck. Wo waren Sie denn bitte, Sir? Und wie heißt sie? Ist es Tiffany? Ist es die kleine Schlampe Tiffany? Ist es die kleine Schlampe Tiffany? Ich mach die Badge fertig. Ich mach die Badge fertig. Ich mach die Badge fertig. Sir. Mal wieder aufstehen. Kurze Mäuspsychose. Ja. Wenn ich eine Mäuspsychose hätte, würde ich mir die Haare grün färben, mir einen Schnauzbart tätowieren lassen. Ne, was war das Tattoo? Ach, keine Ahnung. Danke für den Aufsteh-Reminder. Sir. Joker-Smiley. Ah. Was ist das furchteinflößende Knarchen? Das war mein Fenster. Ich habe das Fenster zugemacht. Das war mein Fenster. Auch schon gelüftet. Das Fenster war 6 Stunden lang offen. Ich habe es jetzt mal zugemacht. Ich kann auch fast ein bisschen Licht ausmachen. Stromverschwendung. Ja, das kann ich ausmachen. Das bringt gerade gar nichts. Wie geht das Oster-Event? Braucht Hilfe. Das geht erst ab 61 und du brauchst den Mining-Skill. Da musst du zu Levi gehen, nach St. Morning, steht links von der Kirche und musst die Quest Mining Class annehmen. Musst die Quest nicht abschließen. Dann musst du eine Chrome Pickaxe nehmen, die mit Level 61 bekommst und dem 50 Monster getötet hast und 60 mitbauen lassen. Dann musst du zu einem Event Chrome Ore gehen und es abbauen, bis du ein Easter Egg bekommst. Und wenn du 20 Easter Eggs bekommst, Taste U, Easter Event, hast du alles abgeschlossen, alle Belohnungen freigeschaltet und bist fertig. Servus. Ist die Herstellung von Pet Food jetzt anders? Jo, Quest-Items sind nutzlos. Alter, das gibt's nicht. Ich habe noch keine einzige Gore-Necklace über +0 gedroppt. 6, 7 Gore-Necklace, alle clean. Crazy. Ich habe mir den Dino Nuggets gekauft. Cool. Jetzt weiß ich, wie ich die 100er Subgift-Bombe noch bekomme. Ich werde mir vermutlich bald einen neuen PC kaufen. Wie bald hängt davon ab, wie gut dieser Stream läuft. Beziehungsweise je besser er läuft, desto besser der PC, I guess. Mein PC ist 8 Jahre alt. Wird dieses Jahr 8. Is about time. Erstmal eine 590 kaufen. Nee, Grafikkarte habe ich schon gesagt. Grafikkarte nicht. Ich hätte gern mal
Ich hätte gern... Der Stream läuft seit Jahren nicht gut. Ich weiß. Ich weiß, aber jetzt ist meine CPU anscheinend komplett im Arsch. Sie ist so im Arsch, dass ich über eine Grafikkarte streamen muss, was irgendwie jeder sagt, dass man das nicht machen soll. Aber ja, keine Ahnung. Ich meine, niemand streamt live, von dem her, sag ich mal, scheiß drauf, ne? Die gehen halt davon aus, dass man Fortnite streamt und, keine Ahnung, Halo 96.743 und Call of Duty, okay, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber du weißt, was ich meine. Mit Grafikkarte streamen ist das einzig Richtige. Nein, sein Menschen. Man streamt über CPU für beste Qualität. Und nur dann über Grafikkarte, wenn deine CPU nicht gut genug ist für Stream und Game zeitgleich. Aber wenn du einen dedizierten Streaming-PC hast, streamst du über CPU, weil du da eine bessere Qualität erzielst als über die Grafikkarte. Das sagt jeder. Und das macht man nur dann nicht, wenn es deine CPU nicht packt, zeitgleich zu zocken und zu streamen. Was genau bei mir der Fall ist. Das packt meine CPU anscheinend nicht mehr. Das macht halt keinen Sinn. Okay. Erklär es den Leuten auf Reddit, Sir. Stürzen sie sich in die endlosen Weiten von Redditus. Redditus Maximus. Reddit-Leute haben massiven Hirnschaden. Wie hast du mich gerade genannt? Okay. Ich spreche nicht mit minder bemittelten Fliesentischbesitzern. Gleich zweimal in a row von... Okay. Hast du mich gerade zweimal in a row beleidigt? The fuck is happening? Vergiss die kleine Schlampe, Tiffany. Sei ein Menschen ist jetzt mein Problem. Bruh. Ich hoffe, hier heißt niemand Tiffany, by the way. Falls doch, reiner Zufall, nichts gegen dich. I'm freaking sorry, falls hier jemand Tiffany heißt. Aber irgendeinen Namen braucht man ja. Um den Joke am Leben zu halten. Cancelled bei Tiffany. Hatte schon Sorgen. Ups. Sollte man vielleicht mal klarstellen. Das ist mein Zweitname. Markus, Tyrell, Tyrone, Tiffany Johnson. Ganz normaler deutscher Vorname. Deutsche Vornamenkombination, meine ich. Wer kennt sie nicht? Misa, Misa. Ich mache keinen Damage mehr, Misa, Misa. Könnten Sie sich bitte darum kümmern? Ich glaube, mein Partyleiter ist eingeschlafen. Nevermind. Nevermind, 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 nevermind. Nevermind, nevermind. Nevermind. Ja, was soll denn die Scheiße jetzt, ey? Bro, Bro! Diese verdammten AOE-Ms zerstören meine Level-Experience. Ist das hier so enttäuschend wie gedacht? Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Leute Offensichtliches in Frage stellen, Sir. Also, begeistert bin ich jetzt nicht. Sir. Begeistert sieht anders aus. Sucht eine Fupa ein Duo. Hatte jemand eine Fupa und würde unseren Boy Waxot einladen, bitte?
My boy. Channel 7, A. Fuppes, erst Level 22. Wer ist Fuppes? Ja gut, dann ist es wohl an der Zeit, hier mal Element drauf zu klatschen. Ich glaube, +3 müsste gehen. Nee, geht nicht. Ich brauche einen Aeron-Catcher. Mach YOLO auf +4. Spinnst du? Hä? Das kann kaputt gehen. Spinnst du? Bist du wahnsinnig? Ey, ich habe für das Jojo einfach mein halbes Leben gefarmt. Ich riskiere hier gerade einen Herzinfarkt für einen scheiß Hiss-Jojo, Bro. Und das soll ich jetzt alles auf eine Karte setzen? Das ist nicht cool, Mann. Das ist nicht cool. Jemand hat vorhin gefragt, wie viel Energies ich intus habe. Von einem Sixpack 05er Flaschen sind noch 3 übrig. 51 Stunden Stream und nur 3 Energies getrunken. Geht eigentlich. Geht eigentlich. Geht eigentlich. Wie teuer ist eine der Dosen? Es sind Plastikflaschen. Bullet Energy Plastikflaschen, der billigste Energy Drink, den sie im Rewe hat. So. Der Auftrag lautete, kauf mir den günstigsten Energy, den du finden kannst. Bullet Energy. Die Plastikflaschen geben mir zwar so 5 Nostalgie. Ja, Booster wäre eigentlich auch geil gewesen. Es schmeckt auch. Echt, ohne Scheiße, es schmeckt wie Booster. Ich glaube, das ist legit Booster. Booster ist ja auch so billig Energy. Schmeckt eigentlich legit wie Booster. No joke. Tried es mal. Also könnte man nicht sagen, dass Bullet Energy nicht genau wie Booster schmeckt. Ich habe zwar seit 10 Jahren kein Booster mehr getrunken. Aber so stelle ich mir vor, dass Booster schmeckt. Also müsste es schon hinkommen. Try it out. Check it out! Nicht sponsored, by the way. Ich habe mit Bullet Energy nichts damit zu tun, außer dass ich es mir in den Abfluss kippe. Und mit Abfluss meine ich meinen Hals. Schrägstrich Magen. Und ansonsten kann ich nur sagen, ist eigentlich mein einziger richtiger Kooperationspartner, den ich habe. Turtle Beach? Ausrufezeichen Store, Turtle Beach Giveaway. Turtle Beach Giveaway. 2 Headsets zu gewinnen. Sponsored by Turtle Beach. Best company in the world. Always down with some giveaways. 10% Rabatt mit Code Spielestyler. Check it out! Von Bullet bekomme ich immer Dünnpfiff. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich stehe hier seit 10 Kann nicht sein. So. Dünnpfiff bekommst von Bullet Dünnpfiff. Bullet Dünnpfiff Drink. Oder so. Was?
Keine Ahnung. Ich brauche einen Aeron Catcher. Warum habe ich jetzt den Ohrwurm von der Musik, die ich selbst gerade erfunden habe? Die haben jetzt auch ordentlich mit Sponsoring und Multimedia-Präsenz um sich. Ich habe komplett Rocket und die haben da gefühlt nie sowas gemacht. Du meinst, Rocket hat das noch nie gemacht? Ja, gut, ne? Ich bin zwar so frech, Knack. Vielleicht ist das der Grund, warum Rocket gescheitert ist, schlussendlich. Ich war selber Rocket-Fan. Ich war sogar Fan von dem Rocket League of Legends Team. Und die Rocket-Tastatur, die ich hatte, Rocket Rios MK1 heißt die. Uraltes Ding. Meine Hände, meine linke Hand, meine Tastaturhand quasi beim Zocken, nicht Knack wachsert. Oh, sorry. Hey, als ob ich Knack gesagt habe. Laber nicht. Auf jeden Fall, meine linke Hand, also meine Tastaturhand, ist mit dieser Tastatur fast verschmolzen. Die war richtig, nach jahrelangem Zocken, meine Finger, die hatten quasi schon die Form von den Tasten angenommen, ne? Also halt, no joke. Oh mein Gott, ich habe kein Food. Verpiss dich, ich habe kein Food auf dem scheiß RM. Er wäre niemals gestorben, aber ich habe dich gefoodet, weil ich kein Food hatte. Ich habe Food gedrückt, es kam kein Food. Mein Inventar war eh voll. Oh Moment, ich muss noch den Catcher mitnehmen. Komm schon, bitte Aerons Catcher, wo bist du, Baby Girl? 2 Mineral Catcher gefunden. Kein Aerons. Kein Aerosmith. Aaron Smith. Naja, auf jeden Fall, Rocket war schon geil, aber Turtle Beach hat sich ja das Ganze einverleibt und führt es ja weiter. Also die Rocket-Technologie lebt ja weiter in Turtle Beach. Immer Rocket im Herzen. Welches Skills soll ich zuerst maximal beim FS im Early Game? Das hängt von deinem anderen Charakter ab. Du spielst ja 2 Charakter und die Skills von deinem RM, Merc, hängen davon ab, was du spielst. Ja, also da ist wichtig, also es kommt ja drauf an. Free-to-play? Oder hast du ein bisschen Cash? Wenn du ein bisschen Cash hast, ist es so, dass du eher mit Auto-Attacks spielst. Also Cash ist gleich eher Auto-Attacks. Free-to-play ist eher Skills. Und da unterscheiden sich die Buffs dann tatsächlich gewaltig, weil mit Skills brauchst du keinen Haste. Mit Auto-Attacks ist Haste das Wichtigste. Also da unterscheidet sich schon mal gewaltig. Und ansonsten, also Free-to-Play sagst du, das heißt kein Haste, keine Accuracy und kein Cannonball. Das lässt dich übrig mit Beef Up, Heave Up, Heave Up. Ja, den Skill habe ich mir gerade ausgedacht. Beef Up, Heap Up. Mantis sein für deinen Assisten. Mantis sein für deinen Assisten. Und
Quickstep. Quickstep. Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist immer geil. Muss man sagen. Kann man immer brauchen, vor allem mit den langsamen Boards, da kann man dann einfach laufen. Ich laufe gerade auch eigentlich fast nur noch, weil ich bin mir ziemlich sicher, ich laufe schneller. Scheiße, ich brauche einen Aeron-Sketcher, Mensch. Wieso sind die Aeron-Sketcher so selten? Oida Mo. Ich habe gestern nicht Buff auf Low Lag. Ah ja. Brain is not braining. Nee, alles, was ich gerade gesagt habe, hat gepasst. Sehr ausführliche Antwort, danke dir. Verstehe nicht, als Free-to-Play habe ich ja keine Activision oder Vital. Warum soll ich dann Free-to-Play spielen? Jetzt bist du nicht am Brainen. Du meinst, warum soll ich mit Skills spielen, right? Aha. 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 Na, guck mal, na schau. Wer ist jetzt hier lost, hä? Hätte das jemand erkannt, der seit 51 Stunden Flive spielt? Kein Kommentar. Hast du dich nicht gepre-registert, oder? Das ist schlecht. Aber Chat, auf Level 20 bekommt man doch 20 Activision, oder? Oder war es Level 40? War das 40 oder 20? Ja, das war 40, ne? Man kriegt irgendwann mal 20 Activision. 20? Ja, schau. Zu lange her, lol. Das war einfach gestern. Naja, vorgestern. Ich habe auch keine Ahnung mehr. Was weiß ich, wann das war. Gefühlt ist das 2 Wochen her. Promo-Codes haben Activisions. Dann Cebinko. Dann, mein sehr verehrter Cebinko, gehst du jetzt auf Taste U, dann auf Taste Reiter Coupon und gibst diese beiden Coupons ein und dann solltest du erstmal keine Probleme haben, zwecks Refresher. Ey, ich finde so viele Catcher und das sind alles keine Aarons Catcher, ne? Halt's Maul, da ist noch einer und das ist wieder kein Aarons Catcher, Bro. Nicht 20 Akti. Ja, aber Akti braucht man doch überhaupt nicht als Mercenary. Als Mercenary spammst du erst Slash, den ersten oben und danach Shield Strike. Und das einfach bis 60. Also bis 20 oder whatever. Also du spammst erst den obersten in der oberen Reihe. Slash heißt der, glaube ich. Oder Splash. Splash heißt der. Und dann unten, also Oberreiter der erste, Max, sonst nix. Und dann untere Reihe, der zweite, Shield Strike. Auf Englisch heißt das Shield Bash, aber auf Deutsch heißt das Shield Strike. Und ja. Da ist noch ein Mineral Catcher. Junge. What the fuck is happening? Fresh auf jeden Fall, Knack. Splash, Slash, Fash. Ich mache heute fett Cash, Cash, Cash. Indem ich mir ein bisschen Stash, Stash, Stash von den Catchern Nash, Nash, Nash. Und dann habe ich viel Penya in der Tash, Tash. Vielleicht sollte ich mal schlafen gehen. Holy shit. Violet Schuhammer, den gönne ich mir. Der rappende Boss. Uff. Sag das nie wieder, bitte. Schlafen gehen oder Soundcloud anfangen, deine Wahl. Meine Finger waren nach dem Rap-Part schon auf Idle 4, Sir. Klammer auf, bin nur ein dreckiger Hater. Naja, dann muss ich das wenigstens nicht sagen. Nope ist dope, was geht ab?
Schon oder noch wach? Noch, fürchte ich. Ich bin schon draufgepackt. Ja, aber ich habe nicht genug Arons für +4. Jetzt suche ich die ganze Zeit einen Arons Catcher. Und finde alles außer Arons Catcher. Ich habe jetzt jeden Catcher gefunden. Mineral gleich 4-mal. Aber keinen Aron. Ach, verpiss dich. Das gibt's nicht. Aber seid ihr Lasagne noch was drin? Zu essen? Nö. Letzte Mahlzeit war Lasagne vor 13 Stunden. Habe ich nicht zwischendurch gepennt? Das letzte Mal gepennt habe ich vor 21 Stunden. Also da bin ich aufgewacht. Vor 21 Stunden bin ich das letzte Mal aufgewacht, Sir. Bild, Sir? Ja, ich glaube, nächstes Mal mache ich einen härteren Sellout-Stream, not gonna lie. Irgendwie war mein Konzept wohl Arsch. Grind Nation, Sir. Looks like it. Sorry. Wie mache ich Job-Change auf AM ohne Moonbeam? Anfängerfehler. Man macht Moonbeam immer auf 1 mindestens. Spätestens mit Level 60. Ansonsten Reskill. Und dann halt zumindest auf 1. It's called a Reskill, baby. Zieh 2 Stunden Sauter noch durch. Na, es sind mehr als 2 Stunden. Ich habe noch nicht geedit. Es sind noch über 5,5. Oh, Arons Catcher. Na endlich. Habe ich Giants gefarmt? Nö. Wow, hier ist ja Catcher's Paradise. Coolios Catcher's Paradise. Also nur durch Subs sind wir gerade bei 5,5 Stunden. Also 3 Stunden 24 durch Subs fehlen. Und dann noch einiges von Kanalpunkten. Nach meinem letzten Rant über die Tatsache, dass niemand die Gratis-Möglichkeiten nutzt, den Stream zu verlängern, haben es leider ein paar Leute gemacht, aber nicht sehr viele. Also sind es wahrscheinlich so bei 6, 7 Stunden, I guess. Wieder eine Zeit, wo ich nicht schlafen gehen kann. Nicht wirklich. So, dass es sich lohnt. Es gab NCT Blue. Wenn ich fragen darf, wofür steht NCT? Sir. Ich kenne nämlich die Abkürzung von was anderem. Wahrscheinlich. Not? Also du heißt nicht blau oder was? Und weil es schon vergeben war, hast du NCT gemacht. Was für eine Verschwendung. Du bist ein meines schlauerer Mensch als Talents. ich, Sir. Exakt. Nicht dein Ernst. Der Tios. Moment. Dankeschön, Sir. Irgendwie fühle ich mich jetzt schmutzig.
Also nicht wegen dir, Tios. Danke dir vielmals. Ein Donation-Scroll machen sollen. Na, actually hatte ich vor, mir einen neuen PC zu kaufen, aber... Was? 336 von 1 Milliarde? Ach so, lol. Ja, das ist so ein Running Gag. Wissen viele nicht, dass man das einstellen kann. Also, ich glaube, du kannst sogar noch mehr einstellen, aber... Ne, wobei, ich weiß nicht, 1 Milliarde ist gleich Max. Dieser Running Gag. Junge, ich habe keinen Bock mehr auf Catcher. Wieso sind das so viele, Mann? Muss ich anwesend sein bei der Turtle Beach Auflösung? Nein. Du wirst über Discord benachrichtigt, solltest du gewinnen. Noch mehr, dann wird es unrealistisch. Ach so, mein Fehler. Bruh. Keine Ahnung, wie auf Chrome ein Spiel so dunkel ist, aber auf Opera nicht. Muss mal durch die Grafikeinstellungen gehen. Muss mal durch die Grafikeinstellungen gehen. Gibt ein paar, die saudi weirden Effekte haben und irgendwie überhaupt nicht das machen, was du denkst, dass sie machen. Also es gibt ein paar, die sind super weird. Die Grafikeinstellungen. Einfach mal ein bisschen durchprobieren, bis es heller wird. Alles anklicken, bis es heller wird. Also die Grafikeinstellungen exakt gleich sind, ich weiß nicht. Not sure, ehrlich gesagt. Wieso nicht Sauger auf WM packen und gleichzeitig den nächsten killen? Das Killen dauert nicht so lange, Sir. Jetzt gerade habe ich mich gebufft beim Einsaugen, Sir. Das Effektivste wäre einfach mehrere Sauger haben, aber ich will ja auch gar nicht collecten. Ich hatte jetzt nur so einen Vorsatz, so ungefähr, ich töte halt jeden, den ich sehe, ne? Aber, ja. Funktioniert nicht so gut, wenn du actually sau viele siehst. Ist Jojo zerstört. Ach du Scheiße. 3 Catcher. Ach du Scheiße. GX plus 10, what the fuck? Hat einer. Oh, geupgradet, lol. Uff. Chinese Whale. Ein Chinese Whale. Hat eine GX plus 10 geupgradet. Chinese Whale. Crazy. Das ist crazy. Das ist actually crazy, ja. Verrückt. Junge, what the fuck? Hier sind einfach... Ey, du kannst einfach unendlich Catcher farmen, wenn du willst gerade. Es gibt literally unlimited Catcher und actually macht man dafür arschviel Kohle. Damit mache ich 10-mal so viel Geld, wie wenn ich jetzt einfach Monster töten würde. Aber irgendwie ist Catcher farmen einfach noch langweiliger als Monster töten. Gut, wahrscheinlich, weil du die meiste Zeit einfach nur so dumm rumstehst und zuguckst. Für Guild War, oder? GX für Guild War?
Huh? Nicht, dass ich wüsste, Sir. Also, vielleicht weißt du mehr als ich. Ich habe keine Ahnung von PvP. 60 GW auf dem Main-Server? Keine Ahnung, frag ihn. Ich weiß, nur in Counter-Strike ist es so. Ich meine, das kann man jetzt überhaupt nicht vergleichen, ich weiß. Also, kann man literally nicht vergleichen. Aber ich weiß, nur in Counter-Strike gibt es auch sau viele chinesische Wale. Und die sind quasi so drauf, momentan, die manipulieren komplett den Markt. Die kaufen, also gibt es da, Counter-Strike gibt es da so krass viele Skins. 4 Milliarden Skins-Markt bei Counter-Strike. Also Skins in einem Videospiel von 4 Milliarden Dollar oder so. Und die kaufen quasi die Skins massenhaft auf, pumpen den Preis und dann dumpen sie. Also sie machen quasi monopolmäßig, kaufen so viel wie geht, über 50% des Skins. Und warum? Weil sie es können. Weil sie Chinese Whales sind und unlimited money haben. They get unlimited money, man. Und wenn jemand eine GX plus 10 in Flive macht, dann bedeutet das für mich, diese Person hat unlimited money. Und wir reden hier nicht von Penya, by the way. Wir reden hier von Dollares. Wir reden hier von Chikichangas. Von wenn ihr versteht, was ich meine. So ungefähr. Vom Grünen. Von Jack's Irish. Immobilieninvestor aus Wyoming. My boy Jack's Irish. Original Spice. Zwei, 4, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36. Warum habt ihr alle 2 Minuten gemacht? 38, 40, 42, 44, 46, 56, 1 Stunde. 8 Minuten, 18, 38, 48, 50. Schaut, ihr habt 1 Stunde 50 durch Kanalpunkte hinzugefügt. 1 Stunde 50. So einfach. Paar Leute zusammengelegt, Kanalpunkte gebunkert und schon 2 Stunden Streamzeit. Pretty crazy. Und nochmal 10 von Price. Semikolon runde Klammer. Danke für den Resub, Sir. Appreciate it. Wie kann man Kanalpunkte einsetzen? Naja, du klickst einfach auf Kanalpunkte. Und da musst du dann die entsprechende Belohnung auswählen.
hasse die neue Map, sei Menschen. Ja, ich finde die irgendwie auch ein bisschen kacke. Sie hätten einfach die alte updaten sollen. Keiner hat gesagt, dass man eine neue Map will. Sie hätten, also mit einem komplett neuen User-Interface und so. Sie hätten einfach nur die alte entarschen müssen. Einfach nur die alte Map entarschen. Aber nein. Nope. Stattdessen macht man eine neue. Aber nein, ich benutze die Map so wenig, mir ist es eigentlich egal. Aber ich check's auch immer nicht irgendwie. Aber das Interface ist das ganze Map blockiert mit der komischen Laschen. Sir? Der komischen Laschen? So fuck? Lasche. Oh. Ja. Ja, und alles ist auch so langsam. Ne? Keine Ahnung. War kein so krasses... Hallo Twitch-Chat, sagt Maschok. Ich mag Spiele, wo du zwischen alt und neu wählen kannst. Und stehst du auf Ärsche? Spaß. Weil ich Arsch gesagt habe. Bekommt ein Bot ein Aeron mit 74 Schaden per Hit? Vielleicht ist es kein Bot. Ja, stehe ich. Die Frage ging nicht an Sie, Sir, aber okay, danke für die Antwort. Was? Crazy. Crazy. Bro ist im Dead-Modus, einfach weißer als eine Leiche. Das ist, weil draußen übelst krass die Sonne scheint, Sir. Und wir haben nur weiße Wände. Und das reflektiert immer hier ins Zimmer rein. Deswegen habe ich immer mein Rollo so weit unten, weil es hier einfach viel zu hell drin ist sonst. Lil Articus. Danke für den Resub. Oh, Sub. Auch gut. Ich nehme auch Subs. Auch ohne das Re vor dem Sub. I take it. Thank you. Wieder Monster töten. Ist schon so lange her. Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Das hat jetzt echt ewig gedauert. Ich wollte nur fucking 100 Aerons, ne? Das war eine Odyssee, diese Aerons zu bekommen. Geistesgestört. Aber hey, es hat sich gelohnt. Element plus 4. 6 Level höhere Monster. Und die Killtime ist gefühlt das erste Mal nicht geistesgestört Arsch. Sie ist lediglich Arsch. Wow. Zieht euch das rein. Ich habe nur 50 Stunden gebraucht, um eine Nicht-Arsch-Killtime zu erreichen. Ich finde, das hat Applaus verdient. Free-to-play, Nicht-Arsch, 50 Stunden. Roll it back one time. Leute, meine M ist level down. What the fuck? Meine M ist einfach level down. LMAO. Meine M war einfach level down. GG. Hab ich nicht mal gemerkt. Hab's nicht mal gemerkt. Schaut zwar oft zu, weil ich vielleicht vor 100 Jahren gesuchtet habe, beim Hero Blade damals. Ja, ich weiß, ich kenne dich. Deswegen hat es mich gerade gewundert, dass du kein Resub warst. Aber kein Vorwurf, Sir. Es war kein Vorwurf. Ich habe nur gedacht, dass du schon mal gesubbt hättest, vielleicht.
Also, lustigerweise zählt es ja... lustigerweise ist ja so, wenn du kannst ja 12er Resubs sein, ohne jemals zu subben, wenn du immer Gift-Subs bekommst. Das finde ich eigentlich faszinierend an Twitch. Das zählt. Also du kannst theoretisch eine 10 Jahre Streak bei irgendeinem Streamer haben, ohne auch nur ein einziges Mal selber gesubbt zu haben. Was, ja, aber, also ich meine, ich will nicht, dass das unterschieden wird, also mir ist das egal. Also ich unterscheide auch nicht zwischen Prime und nicht Prime und so, aber, ja, keine Ahnung. Also, find's nur lustig, weil das wäre etwas, wo ich es logisch fände, zu unterscheiden an für sich, weil, ich meine, klar, die Leute, die viel zuschauen, so, die kennt man ja sowieso. Aber ich meine, das wäre etwas, wo ich persönlich dann schon gedacht hätte, wenn einem das wichtig ist, dann wäre wahrscheinlich das auch wichtig, weil, also wenn du jetzt so, sagen wir, du hast 100 Monate Sub und du weißt genau, jemand anderes hat auch 100 Monate, hat aber keinen einzigen Sub rausgehauen. Meines Talents. Dimension, Sir. Mr. Großzügig. Mr. Großgebräunt und gut aussehend, Sir. Dankeschön, Sir. Genau das meinte ich. Genau das, was sein Menschen gerade getan hat. Also wenn jetzt jemand einen Sub bekommen hat, der schon mal einen Sub bekommen hat, hat jetzt nochmal +1 quasi. Im Resubben sozusagen. Obwohl er gar nicht selber gesubbt hat. Es war mal Boys sein Menschen. Es war mal Boys sein Menschen. Den ich früher mal Sky-Menschen genannt habe. Halbes Jahr lang. And he didn't even care. Because he's a homie. Kriege ich ein Kiss a Homie in the Chat? Verkaufe 600 F-Coins an einen netten Zuschauer hier. Kriege ich ein Kiss a Homie in the Chat? Crazy. Einfach Kiss a Homie. Kiss a Homie? Nope. Schau einfach an, was sein Menschen gepostet hat. Du brauchst vielleicht 7TV. Ich weiß nicht, ob du es siehst. Du siehst es über mir. Schau über mir in den Chat. Falls du es nicht siehst, schau hier. Schau da. Hier siehst du es. Falls du es bei dir nicht siehst, schau über mir. Da siehst du Kiss a Homie. Sir. Aber no Diddy. Wenn ihr Diddyen wollt, Diddied, ist mir egal, aber no Diddy. Kiss a Homie, aber für mich no Diddy. Du siehst es nicht? Ja, doch, da oben über mir. Ja. Das ist doch. Hier. Direkt hier. Direkt über meinen Finger. Hier. Guck. Hier. Schnell. Hier. Hier. Da oben. Da. Oh fuck, wie siehst du das nicht? Musst du im Stream gucken. Wofür ist der Chat hier oben? Dass auch Leute mitlesen können, die den Chat nicht offen haben. Nochmal die Frage. Wer ist hier seit 50 Stunden lost? Sicherlich nicht ich. Ich weiß noch, wo der Chat ist. Ich weiß es doch. Sir. I do know it, man. Ups. Was für Hindernis, Alter, da ist... Junge! Ey, ja, genau. Ich kann wegen Hindernis nicht angreifen und er gibt mir über 10 Meter Distanz eine Schelle oder was? Alles klar. Der Spiele diddelt. Sir. Der Spiele Diddler. Das ist ein geistesgestörter Bösewichtname, ey. Einfach der Spiele Diddler. Einfach der Spiele Diddler. Das ist fucked up, man. Beginnt der CW-Countdown Cooldown, wenn man reingeht? Yep, wenn man reingeht. Du hast meinen Main-Char auf Broding überholt. Ich will dir jetzt echt nicht zu nahe treten, aber das ist hardcore peinlich. Weil ich mache hier echt keinen Progress, Mann. Ich schwöre dir, sogar eine tote Katze macht mehr Progress als ich gerade auf diesem FEC-Server. Aber ehrlich gesagt ist es mir irgendwie auch scheißegal mittlerweile.
Ich zock legit nur noch für die Vibes. Ich zock nur noch für euch. Nur noch für den Stream. Es ist mir actually echt so egal, war es mir, glaube ich, noch nie. Ich glaube sogar letztes Jahr, wo ich nicht spielen konnte, weil ich meine ich habe da meine freaking Bachelorarbeit geschrieben. Ein monumentales, wichtiges Ereignis in meinem Leben. Da war ich richtig pisst, dass ich nicht zocken konnte. Ne? Obwohl ja eine Bachelorarbeit, würde man ja sagen, ist viel wichtiger als ein FEC-Server. Und jetzt, wo ich alle Zeit der Welt habe, sozusagen, ist es mir irgendwie scheißegal. Lustig, oder? Gut, vielleicht ist es mir scheißegal, weil ich Jester spiele. Well, könnte sein, dass es daran liegt, dass ich Jester spiele. Ich will nicht ausschließen, dass das mit eine Rolle spielt. Könnte sein. Könnte sein. Könnte sein, dass der Jester damit etwas zu tun hat. Aber... Ey, Cardi B, the one and only, kauft F-Coins für 50k. 50 Mio pro K. Scam. Style hat keinen Bock auf seine eigene Challenge. Bruh. It's all about the Benjamins. Ein paar Benjis schaden nie. Bin ich eigentlich der Einzige, der gerade 300er Ping hat? Lustigerweise läuft es trotzdem flüssig. Tja, hättest du mal BP gespielt, Knack. BP kommt dann nächstes Jahr, Sir. Nee, HNR ist gerade wieder Crap. Oh. Ja, ich merke das gar nicht mehr so sehr, weil ich... Also solange ich jetzt nicht krasse Portbugs oder so habe, merke ich es eigentlich nicht mehr wirklich. Aber ich habe keine Penya Flask mehr. Kaufe ich mal wieder 5 Stück. Entschuldigung. Die Manieren haben den Raum verlassen, es tut mir leid. Vielen Dank für deinen Einkauf. Die stellen mich so hin, als hätte ich gerade cashed, Alter. Also, Geld habt ihr damit nicht verdient. Wofür bedankt ihr euch? Ja? Wofür bedanken die sich bei mir? Ich hab nicht gecashed, Bro. Sind die blöd? Die bedanken sich einfach dafür, dass ich was für Penya gekauft habe. Mann, sind die blöd. Bruh. Ich habe nur 2 Charts in diesem FEC. In Me. In Me ist auch ein interessanter Name. Hey, In Me, schreib mal Kiss a Homie in den Chat. Großes K, Rest klein. Schreib mal Kiss a Homie. Los. Das ist voll lustig. Bruh. Kiss a Homie in Me. Versteht ihr? Der Viertklässler in mir feiert das. Der Viertklässler in mir feiert das. Was soll ich sagen? Ich check's nicht. Ich auch nicht. Ich actually auch nicht. Wie gesagt, das ist der Viertklässler in mir. Ich bin das nicht. Du pronouncest meinen Namen eh falsch. Lass das I weg und buchstabier es auf Englisch. Ja, aber das steht da nicht, Sir. Da steht in me. Ich kann vieles. Ich kann auch vieles nicht, aber lesen kann ich überhaupt nicht. Da hast du recht. Mein Fehler, sorry. Tut mir leid. Verstehe ich aber trotzdem nicht, wenn das I weggelassen werden soll. Warum steht es dann da? Das ist viel zu kompliziert. Wer soll denn das verstehen? Erstmal Jurastudium. Französischer Name, I guess. Okay, erstmal Französischstudium. Alle Versionen ohne vergeben waren. Oh. Echt? NME 1337? Crazy. Hätte ich nicht gedacht. Well. Du hättest ein XX machen können. XX-NME 1337.
Wie wär's mit einem XX-NME1337 Quickscope 360 No Scope PS3 PlayStation Network Xbox 360 XX- Never mind. No, never mind. Never mind. Mom, get the camera. Just hit a no-scope. Alter, guckt euch das mal an. Wasser. Tiefblaues Wasser. Ich bin auf Coral Island gelandet. Oha, das habe ich noch nie gesehen. Crazy. Tiefblaues Wasser in dem Baum. Da ist übelst der See da drunter. Easter Egg gefunden. Einfach Easter Egg. Ostei. Ist irgendwer Low-Level Assist und braucht Leveling-Partner? Mit der Ping macht selbst hier null Spaß. Damn. Wieder ein Ping von 430. Ja, aber meistens geht es jetzt tatsächlich relativ schnell vorüber. Also, außer es ist jetzt mal wieder anders. Na gut, Samstagnachmittag ist natürlich schon eine beschissene Zeit, grundsätzlich. Na, mein 1400. Damn. Ich werde tatsächlich gerade relativ verschont. Wo es mich eigentlich immer gefühlt am härtesten getroffen hat. Ja, vielleicht seid ja ihr jetzt mal dran. Ein paar von euch konnten ja relativ chillig leveln, habe ich gesehen. Ne? Ein paar von euch konnten ja relativ chillig leveln, sag ich mal, ne? Source. Wollt ihr was Gutes hören? Hau raus. Ein Tower Spawn auf Channel 7 plus 8 keine Giants, gerade 5 Minuten danach gesucht. Ah, das wurde tatsächlich reported, Misa. Also, das jetzt nicht im Speziellen, ich habe es mir nicht genau durchgelesen, ehrlich gesagt. Aber schau mal in Discord unter Announcements, da steht irgendwas. Some instances, bla bla bla. Ich dachte, das hättest du auch gesehen. Irgendwas mit Channel 7, 8 und so. Kann mir denken, T for your patience. Okay, ich lese es euch vor. Let's go. Dear Flyfers. Könnt ihr euch ein enttäuschtes Geräusch am Ende anhören. Dear Flyfers. We have identified an issue where boss monsters are not spawning properly on channel 7 and 8 on the FWC Da spricht man doch nicht server. Fly aus, du Vollidiot. Das heißt Fliff. Fly for fun. Fliff ist doch ganz einfach. Das kann sich doch jeder merken. In the meantime... Oh, no much. We sincerely apologize for any inconvenience this may have caused, especially to those participating in boss raid content. In the meantime, please use other channels where boss monsters are spawning normally. This issue is scheduled to be resolved during the next maintenance. And the related problem affecting boss spawns and instance dungeons will also be addressed at that time. We apologize once again for the inconvenience and appreciate your understanding. Thank you. Mit der Motivation wurde das geschrieben. Ah, schon wieder muss ich mich entschuldigen. Die Nippelklappen fehlen. Ah.
Fuck, ich kenne die Folge, die ist geil. Die Folge kenne ich, die ist geil. Ah, und was wollen Sie jetzt tun? Wollen Sie mit dem Manager reden? Ich fürchte, der ist heute nicht da. Oh, shit. Oh! Nein! Jetzt droppe ich Arek plus 7. Halt die Fresse. Ich habe mein letztes scheiß Hemd für diese Arex ausgegeben und jetzt droppe ich ihn selber. 10, 15.000 Stunden später. Das ist echt... Das war halt literally vor 14 Stunden oder so. Wow. Ganz toll. Ganz toll. Du hast so langsam vorgelesen, dass ich den Anfang wieder vergessen habe. Ich auch. Naja, das Kernproblem ist quasi, auf Channel 7 und 8 spawnen keine Giants und Bosse, ne? Aber es spawnen auch keine Giants und Bosse in Dungeons und im Tower. Wo der einzige Grund, warum du hingehst, die Bosse sind. Oh, okay, jetzt leckt es bei mir auch krass. Also sie haben einfach Dungeons, die nur wegen Dungeons existieren, die Bosse weggenommen. Also sie haben Dungeon-Bossen, die nur wegen Dungeon-Bossen existieren, die Dungeon-Bosse weggenommen. Sieht nicht gut aus, Leute. Jetzt geht's wieder richtig rund hier. Jetzt geht's wieder rund. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Es leckt bodenlos. Jo. Jo. Sehe ich. Sehe ich, spüre ich, rieche ich, schmecke ich. Es hat so geleckt, dass ich keine XP verloren habe. Cool. Ein Power-Ups darf uns nicht bei der Ping. Sir. $250 Mio für Histaf mit 25 Winfield ist fein. Normalerweise würde ich sagen, was willst du mit Winfield, aber normales Hit and Run ist natürlich ein bisschen schwieriger auf dem Server. Solange die das nicht fixen. Tja, dann wohl jetzt schon zum Dönermann. Oida, jetzt ein Dönerteller. Oida, jetzt ein Dönerteller, Mann. Du hast einen Dämon geweckt. Du hast einen schlafenden Dämon geweckt. Geilo, vorhin hast du einen gegessen, war sehr gut. Sag mal, Knack, musst du nicht arbeiten oder so? Moment mal. Heute ist Samstag. Sag mal, Knack, musst du nicht im Urlaub sein oder so? Wie willst du sonst HNR machen? Also für klassisches HNR brauchst du Winfield nicht. Winfield ist nur ein Finisher. Der meiste Schaden kommt vom Poison Cloud. Und du willst immer den Skill verstärken, der den meisten Schaden macht. Und das ist nicht Winfield. Is the Poison Cloud. Winfield ist ein Finishing Touch. Touch my Tralala, my Ding Ding Dong. Poison Cloud ist quasi Ding Ding Dong. Und Winfield ist Touch. Oh shit, ey. Ich sehe den Tod schon kommen, der mich gleich ereilt, weil ich nicht healen kann. Wollen wir auf einmal alle Moonbeam-Bots auf Bord gehen in meiner Nähe? Damn. Echt, gibt's echt Bots oder was? Ich habe keinen einzigen gesehen. Also Wombi, mach was du für richtig hältst, spiel wie du willst. Spiel wie du willst. Ich will keinem vorschreiben, wie er zu spielen hat. Ich habe dir nur meine Meinung gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass du es nicht tun sollst. Ich kann dir auch nichts zum Preis sagen. Ich weiß nicht, was ein Histaf wert ist. Aber ehrlich gesagt, 250 Mio, das sind doch 5000 F-Coin, oder?
Hört sich sehr teuer an, muss ich jetzt mal sagen. Also 5000 F-Coin ist schon saftig. Bei mir spawnen einfach keine Lawolfs nach, weil es so laggt. Oh nein, das ist tatsächlich normal, Mert. Mert, das ist tatsächlich normal. Das liegt daran, dass bei Lawolf literally 98.000 Leute sind. Ja, okay, man kann aufhören, weil ich kann kaum noch angreifen. Das bedeutet meinen sicheren Tod, wenn ich weitermache. Das kannst du vergessen. Jetzt ist Feierabend. Das ist sinnlos. Jetzt ist gerade richtig schlimm. Bin bereits auf Borodeng geswitcht. Ach, Borodeng. Oh Gott. Oh, fuck. Haben die Internetcafés in Asien wohl geöffnet? Die machen eher zu. Bei denen ist ziemlich spät, Sir. Ladies warten noch auf dich, wa? Ja, ich meine, ich habe zwar noch 9 Stunden Zeit, aber ich habe auch noch nicht geschlafen heute, also... Ich glaube, nach deinem Urlaub brauchst du erstmal Urlaub und musst Schlaf nachholen. Wie gesagt, ich habe bis 21. Mai Urlaub, also ich war aufs Schlimmste vorbereitet, aber das wird wohl nicht nötig sein. Immer nachmittags, abends dann wieder gut. Ich bin auch erstaunt darüber, dass es die Uhrzeiten, zu denen es nicht spielbar ist, sind sehr seltsam. Sehe ich jedenfalls so. Ich finde, die Uhrzeiten, zu denen es nicht spielbar sind, sind äußerst interessant. Tatsächlich. Alle sind jetzt wach, I guess. Tatsächlich ist jetzt die Zeit, wo wirklich alle wach sind. Bei den Amis ist es früher am Morgen, größtenteils. Also nicht so früh, dass man nicht aufstehen könnte für Flive. Seit wann ist Misa eigentlich offline? The fuck? Genau. Asien ist spät oder ja, fortgeschrittener Abend, aber jetzt auch nicht nachts. Und bei uns ist es mitten am Tag. Und es ist Wochenende und es ist Samstag. Neue Party? Nice Bescheid gesagt, Bro. Oh, ich level schon mal eine neue Party. Okay, du hast Bescheid gesagt, aber nice Bescheid gesagt, Bro. Ja, er hat literally Bescheid. Gerade Party auf 40 gelevelt, hoffentlich kein Restart vom Server. Glaube ich nicht. Es wird Zeit, Quests zu machen, Sir. Okay, ich brauche gerade ewig, um auf den Server zu kommen. Die starten gleich 9 10er. Der Audit. Ping in Flares läuft. Also Borodeng läuft gut. Mittagspause schlafen wir jetzt ideal. Ja, fairerweise muss man sagen, so richtig lange hat es nie wieder geleckt eigentlich. Also so richtig lange. Nice Legs, erstmal F-Coins kaufen. Anscheinend wird ja jedes Mal gedroht, sobald die Server ein bisschen länger laggen, wird sofort gedroht mit Refunds. Im Discord. Finde ich actually hilarious, to be honest. Das finde ich so geil. Sofort bedrohen. Das ist
Genau die Flive-Einstellung, die wir brauchen. Was willst du machen, ne? Selbst das Einzige, was immer funktioniert, selbst bei 10k Ping F-Coins kaufen. Lustigerweise ging es letztens irgendwann tatsächlich mal nicht. Interessanterweise ging es letztens irgendwann mal nicht. Also während so einer Lag-Session. Ging es tatsächlich mal nicht. Lustigerweise. Wer das schreibt, ist so geisteskrank am Haten. Ey, come on, man. Nach dem Restart ging es kurz nicht. Aha, woher wissen Sie das? Immer nur Spaß. Ja, es ist ja auch nur ein Joke. Also, ich meine, wir wissen alle, wo die Priorität liegt bei diesem Spiel. Das brauchen wir uns nicht schönreden. Jemand einen Plan des Delfcon-Kurses aktuell? No. Ist bei jedem Spiel aber gleich. Ist es wirklich, ja. Das ist es wirklich. Junge, ich bin wirklich der größte Vollidiot, Alter. Wenn dein Körper müde wird, ne? Dann erkennt er ja alles als geeigneten Schlafplatz an. Sogar eine Granatsplitterfabrik, die gesplittertes Glas und eiserne Nägel Kuchen backt. Junge, ich bin so ein Retard. Also, darf man nicht sagen. Entschuldigung, war nicht gemeint. Ich nehme es zurück. Darf man nicht sagen. Ich bin so dämlich, ne? Ich habe doch auf einer Isomatte gepennt und alle haben mich davor gewarnt. Mein Bruder hat mich gewarnt. Schon vorm Stream. Ihr habt mich gewarnt, als ich das erste Mal im Stream erwähnt habe. Junge, ich gucke gerade so raus, sehe so unsere Gartenmöbel. Junge, wir haben halt einfach eine Gartenliege. Teppich auf Seiten, Gartenliege hier reinstellen, Kissen drauf. Also, wo ist die 100er-Bombe? Bruh. Wieso zum Teufel fällt mir das jetzt ein, Alter? Junge, 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 Alter. Oh, shit. Bin einfach down gegangen. Sir, wieso hören Sie auch nicht auf zu leveln, wenn es einen 3000er Ping gibt? Sie wurden gewarnt. Sie wurden kurz, schon gewarnt. Du meinst Retard-Tabletten? Ich weiß nicht, was das ist, deswegen kann ich jetzt nicht Ja sagen. Ich bomb gleich das Scala-Headquarter weg. Holy shit. Ich wollte nur kurz mein Geld ausgeben und Shop aufstellen. Oh, nochmal an alle bitte, by the way. Wenn ihr 90er Jester Set-Teile droppt, mit STR und Dex gestattet, also am liebsten beides, so STR plus 2, Dex plus 2 oder auch nur STR, also Prio ist STR theoretisch, aber am liebsten beides. Also 2-2 wäre geil oder 3-2 wäre super geil. STR Dex. Keep an eye on it, weil die meisten Leute zahlen euch dafür wahrscheinlich keinen Pfennig mehr. Ich werde euch fürstlich entlohnen. Das sind normale Filmtabletten, Sir? Okay, Enjoyer, sorry. Ich bin einfach ein misstrauischer Mensch, Enjoyer. Es tut mir leid. Verzeihen Sie bitte, Sir. Es ist nichts Persönliches.
Tut mir leid, Sir. Werde zum Giant geportet. Dead. Ah, fuck. Welcher Film kommt? Keine Ahnung, Mann. Nach 300 kommt jetzt 3000. Nein, noch besser. Nach 300 BC kommt jetzt der neue Klassiker 3000 MS. Du bist bereits tot. Du weißt es doch noch nicht. Jetzt im Kino. Überall, wo es Zeitschriften gibt. Streich den letzten Teil, aber der Rest war gut. Das nehmen wir so. Ist im Kasten? Ship it. Clip it and ship it. Der wurde jetzt ausgelockt. Damn. 3000 ms in 144 FPS. Caught 4K. Tja. Ich würde mir den Streifen reinziehen. Ach nee. Ich lebe ihn. Das ist einfach mein, der Streifen ist einfach mein Leben. Wenn gleich Party weg ist, dann weine ich. Gib's auf, Mozart. Gib's einfach auf. Man muss eine Niederlage akzeptieren, Sir. Wenn man sie sieht. Soma sagt was Krasses. RIP an alle, die gerade Clockworks Minute 58 kurz vorm Finish waren. Oh, shit. Mies. Ich wäre so mad, Alter. Ich wäre so unfassbar sauer. Holy shit. Hier an der End. Ich wäre so sauer, ich schwöre. Ich würde alles kurz so klein boxen. Direkt auf Metin umsteigen. Es hat so hart gelaggt. Ich spiele jetzt einfach Metin 2. Hey Mann, wo bist du? Die Server gehen wieder. Nein. Es hat so hart gelaggt, ich spiele jetzt Metin 2. Die Lags waren so krass, ich spiele jetzt einfach ein anderes Game. Für immer. Bruh. 10 Mio mit Questy gemacht gestern Abend, das schmeckt. Crazy. Sieht aus wie ein Traum. Ist es auch, JG. Weißt du, was der wahre Traum ist? Keinen Jester zu spielen. Aber noch 27 Minuten für 29 Millionen CW, das wird nix. Uff. Du brauchst einfach mehr Power-Ups. Kappa. Es ist alles an. Sorry. War nicht so gemeint. Aber mit Ingame manchmal alles so nebelig, kann man das ausstellen? Naja, das ist übelst der Abfuck. Wetter musst du, glaube ich, deaktivieren dafür. Wenn wir irgendwas zu Snack machen und über mein Leben nachdenken, bis später. Hau rein. Einen guten. Einen guten. Wieso jetzt eigentlich ein Marketplace nicht mehr für FEC, wo man Sachen reinposten kann? Keine Ahnung, Mann. Ich benutze den Discord nicht wirklich.
Ich benutze den nur, um Werbung zu machen. So. Werbung und offizielle Posts, von denen es sehr wenige gibt. So, Neverwinter wird runtergeladen. Neverwinter. Hast du das schon mal gezockt oder ist das jetzt einfach random? Ach, schon mal gezockt, okay. Bei mir läuft schon 4-Story-Download. Ich will nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich will behaupten, Flife hat actually mehr Player als beide zusammen. Naja gut, vielleicht nicht beide zusammen. Aber safe mehr als Neverwinter. Neverwinter habe ich mal gecheckt, die hatten 10k auf Steam. Und ich glaube, es läuft sogar über Steam. Only. Das ist ass. Allein der FEC hat mehr als 10k. Peak. Plus die anderen Server. Easy. $10k MS. Oh. Versteht ihr? Versteht ihr 10k MS? Ich spiele auch lieber GW2, als mir diese Shitshow zu geben. Ja, also ich meine, dass das jetzt 50 Stunden nach Serverstart noch passiert, ist halt schon ein bisschen frech. Ich meine, sie haben gesagt, sie arbeiten an dem Problem. Es ist schon sehr viel Zeit vergangen. Also aus Techniker, Entwickler, whatever Zeit ist schon sehr viel Zeit vergangen. Also Maintenance-Zeit, Analysezeit, Behebungszeit. Also rein in Stunden ist schon wirklich einiges vergangen. Dass man zumindest erwarten könnte, dass es nicht mehr unspielbar wird. Also dass es hin und wieder mal wieder leckt, sag ich mal, kann man ja drüber reden. Das ist natürlich vor allem für Hit-and-Run-Leute und so trotzdem scheiße. Aber ich sag mal so, solange man zumindest noch irgendwas machen kann, dann questet man halt oder so. Solange irgendwas geht. Aber wenn es halt gar nicht geht, dann finde ich, ist es eigentlich nicht gut. Also, natürlich ist es nicht gut, aber das ist dann eigentlich der Punkt, wo man halt wirklich dann, ja, eigentlich nicht mehr drüber reden kann. Das ist ja dann den ihr Job einfach, den sie offensichtlich nicht machen. Oder zu lange brauchen. Und hier geht es halt eigentlich um sehr viel Geld. Sehr viele Menschen sind betroffen. Da muss man dann auch einfach mal schneller sein. Und ja, natürlich sagt man es so leicht, aber ich meine, dafür werden die ja bezahlt. Ich meine, das ist ihr Job. Also wenn sie darauf keinen Bock haben, sollten sie es halt nicht machen. Ist ja auch nicht mein Problem letztendlich. Also, keine Ahnung. So, wieder Ripshy Baza. Jetzt gerade schon, ja. Jax, wo hast du das her, Sir? Das senden die gerade rein. Im Discord. Die trollen im Chat damit. Geil. Actually funny. Actually funny. Hätte nicht gedacht, dass wir einen Tag erleben, an dem man Flive-Copy-Pastas bekommt. Einfach Flive-Copy-Pasta. So weit sind wir schon. Flive ist so weit wie der Mainstream, dass es schon Copy-Pastas gibt. Holy shit. What a great day to be alive. Abgesehen von den Legs. Einfach Flive Copy-Pasta. Endlich weniger Spieler.
Was sollen die daran arbeiten? Kurz den Lehrling losschicken, neue Server kaufen? Naja, ich meine, sie haben gesagt, dass sie daran arbeiten, Krauschi. Da fragst du den Falschen. Ich habe von Servertechnik und Netzwerktechnik und so einer Scheiße ich so wenig Ahnung wie von Livestreamen. Da fragst du wirklich den Falschen, ne? Patience soll ich überhaupt zuerst maxen? Definitiv Heap Up. Patience bringt gar nichts. Wenn du keine anderen Items hast, die irgendwas bringen. Also du brauchst halt erstmal Base. Du brauchst erstmal Base, HP, STA vor allem natürlich, aber grundsätzlich HP. Und dann bringt erst HP-Rate was. Einfach nur HP-Rate, flat, ist quasi gar nichts. Oder wenig. FEC Flav won't connect, schrieb einer. Dann brauchen wir als CW-Quest eigentlich 5 Trace of War. Man steht dann nur an einer Stelle und wartet, dass das respawnt. Kannst Channel wechseln und es gibt mehrere Stellen. Aber ja. True. Events soll wieder für die Tonne. Soll also jetzt jeden Tag so laufen. Naja, also dieses Wochenende auf jeden Fall schon. 8 Minuten vergangen und ich habe 2 Millionen Schaden gemacht. Oh boy. Also ich sag mal so, die erste Maßnahme, mit der sie sich wieder ein bisschen bei uns einschleimen könnten, wäre halt wirklich XP-Event bis nächsten Sonntag verlängern. Oder mindestens halt um 2 Tage oder einen Tag. Und ja, nochmal ein Coupon-Code, why not? Wir wollen einen Coupon-Code, wir wollen einen Coupon-Code, wir wollen einen Coupon-Code, wir wollen einen Coupon-Code. Wer will einen Coupon-Code? Ich will einen Coupon-Code. Bist du ein Coupon-Code, Patrick? Ich will einen Coupon-Code. Wollen Sie einen Coupon-Code, Mr. Krabs? Ich will auch einen Coupon-Code. Ich kann nicht mehr reden. Ihr wisst, was ich meine. Wer die Folge nicht kennt, Essen Taubenöstchen. Rock. Din, din. Din, din. Wir alle sind Taubenöstchen. Rock. Din, din. Din, din. Und wir wollen Coupon-Codes. Alles wird gut irgendwann. Ich muss zugeben, ich hatte es vielleicht gemerkt, aber ich hatte absolut keinen Bock mehr gerade auf diesen Jester. Eigentlich bin ich froh, dass es passiert ist. Eigentlich habe ich nur darauf gewartet. Ich hatte gerade absolut keinen Bock mehr auf Jester. Gameplay. Aber ich werde zurück müssen. Eines Tages werde ich zurückkehren. Jester-Hater? Sind wir nicht alle ein bisschen Jester-Hater? Wobei man sagen muss, dass jetzt bei Damage actually gar nicht mal so bad war. Jetzt, wo der Damage actually nicht mehr Trash war, habe ich keine Lust mehr. Jetzt, wo ich es endlich geschafft habe, dass der Damage nicht mehr komplette Hundescheiße ist, ist es ja, zu spät. Too little, too late. Endlich aus der Hardcore-Arschphase raus und war es jetzt sogar der erste Film und keine Folge? Das taubes Nüsschen, ja, aber das, was ich davor gesagt habe, war eine Folge. Das mit dem, ich mache heute Party, du machst heute Party. Oder ich wäre ein Coupon-Code, du bist ein Coupon-Code. Weißt schon. Dann haben wir jetzt zu der regulären Zeit bis morgen Pause. Ich finde es interessant, wie sie gar nicht probieren, den Stream zu verlängern. Dreckige Hater.
Also was ich so gehört habe, ist es bei mir mit Abstand am günstigsten, den Stream zu verlängern. Und die Leute sind am unwilligsten reinzusubben. Was soll mir das sagen? Bin ich der unbeliebteste Live-Streamer der Welt? Crazy. Gibt bei niemandem mehr Zeit als bei mir. Für einen Sub. Muss ich am Montag arbeiten? Nö, ich habe Urlaub bis Mitte Mai. So. Tower Dailies 1 von 4. Sheesh. Zieht er eine neue 1v1-Klasse hoch? Ah ja. Den ganzen Scheißdreck nochmal durchmachen. Ja. Ey, gehen wir einfach nochmal zurück zu La Wolf. Da hatte ich den größten Spaß bisher. Einfach nochmal zurück zu La Wolf. Let's fucking go. La Wolf it is. La Wolf mit dem 3000er Ping. Die einzig wahre FEC-Erfahrung. Nennt sich Bildposter Knack. Ich hab dir schon gesagt, Knack. Den Bildposter gibt es frühestens nächstes Jahr, Sir. Leben Sie endlich damit, Sir. Akzeptieren Sie, dass dieses Jahr der Jester gewonnen hat. Wird Zeit für eine Wette, Knack? Was für eine? Wann die Server wieder gehen? Was ist denn jetzt? Ich habe eben VPN angemacht und eine AOT-IP genommen. Da unterbricht es jetzt die kurze Verbindung. Bla bla. Deine öffentliche IP wurde gesperrt. Will continue support. Das hat letztens schon mal jemand gesagt. Mach das VPN einfach aus. Ich glaube, der Fix war einfach... Ach, scheiße, ich habe die Dailies vergessen. Fuck. Taste U. Spielzeit. Vergessen. Neue Nachricht erhalten? Ach, die scheiß Couple Anniversaries. Mann, ich will das jetzt nicht abholen. VPN ausmachen, dann geht's wieder. Yeah. Habe ich schon gesagt, oder? Was, Jax, du bist schon wieder pennen? Hä, hast du dich vorhin schon... Hä? What? Jax? The fuck? Jaxi? Jax Irish? Was stört mich am Jester? Die Frage ist, was stört mich nicht? So. Für Nacht stehe ich noch ein bisschen Schlaf nachholen. Ja. Wollte schon sagen, weil du hast ziemlich sicher gepennt, aber okay. Wollte Sie nicht beleidigen, Sir. Zwei Stunden? Ja, also du hast mich 2 Stunden hier zurückgelassen, Sir. Ich habe 2 Stunden meinen Boy vermisst. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass du nicht da warst. Mir kannst du nichts vormachen. Ich rieche sowas. Ich rieche es, wenn du geschlafen hast. Ich bin ein Spürhund, Sir. Ich rieche Schlaf. Actually rieche ich, dass ich mal duschen müsste. Das war actually kein Joke. Wird eigentlich auch mal wieder Zeit für eine Dusche. Bruh. Du hast die Zeiten, wo 5 QMs Coupons go. Alter. Ich
sehe die Wörter, ich sage die Wörter, aber die Reihenfolge ist schwierig. Die Reihenfolge ist schwierig. Ich sehe die Wörter, ich kann sie lesen, aber die Reihenfolge kriege ich nicht mehr hin. So, erste Fuhre mit Dailies erledigt. Ich hoffe, mit 80 KF kann, falls jemand eine Ernest-Axt hat. Okay. Wie soll irgendjemand eine Hernes-Axt haben? Es leckt bei einem Shocks Ass. Es liegt weder an deinem Internet, also an der Location des Servers liegt es wahrscheinlich schon ein bisschen, aber es liegt nicht an deinem Internet. Und, naja, ich würde tatsächlich nicht sagen, dass alle die gleichen Probleme haben, aber die meisten. Sagen wir die meisten. Hängen seit 30 Minuten in Dagon fest und kann einfach gar nichts machen. Leben wir meanwhile wieder alle Buffs weg. Crazy. Und was geht ab, Otscha? Das den ganzen Ballast vom Jester abwaschen. Guter Call. Immer noch am Laggen. Scheint so. Um die Easter Eggs zu farmen reicht's. Kann ich einfach alle 6 Stunden in den Server neu starten, damit die AFK-Chars rausfliegen? Laut einem Game Master, also ich habe es nicht wortwörtlich gelesen, gesehen, aber soll das nicht das Problem sein? Sinnhaft wurde wohl gesagt, es liegt nicht an Serverkapazität. Problemen. Ich meine, ja. Das wurde wohl gesagt. Das, weißt du, aber eigentlich ist mir scheißegal, woran das liegt, ne? Ich glaube, das ist eigentlich jedem scheißegal, woran das liegt. Niemanden interessiert es, woran das liegt. Just fix it, man. Just do it. We don't give a damn. We don't give a damn. Just fix it. War am 3. Tag nach 2 Jahren FEC-Erfahrung. Und vor allem... Naja gut, okay, das ergibt eigentlich keinen Sinn. Aber was ich gerade sagen wollte, war noch, erinnert euch an die World Bosse. Ich meine, World Boss Nation und so... Da hat das ja doch Sinn ergeben irgendwo, sag ich mal, weil wirklich alle Spieler auch noch zentral an einen Punkt gegangen sind und mit 5000 Charaktern und whatever. Aber nicht mal die Ausrede haben sie. Nicht mal die Ausrede haben sie, weil es gibt gerade keine World-Bosse, die Probleme machen. Und die haben safe wieder World-Bosse geplant für Anniversary. Juhu! Yes! Na, da freue ich mich schon drauf. Yes. Yabadabadu.
Wann soll das kommen? Nein, 2,5 Wochen. Also, ich weiß nicht, ob Worldbosse kommen, aber es waren die letzten 2 Jahre Worldbosse. Du meinst, so wie es jetzt in Dark und 1 aussieht? Ich weiß nicht, wie es in Dark und 1 aussieht, aber I guess. Achso, du meinst, weil so viele Leute da sind. Achso, ja. Ja. Schlimmer. Actually schlimmer. Probably schlimmer. Vermutlich schlimmer. Aber das war letztes Jahr gar nicht so während dieses Boss-Events, aber sonst lief es voll gut, oder nicht? Ich kann es dir nicht sagen, Shibasa, weil ich letztes Jahr echt wenig gespielt habe, diese erste Zeit, diese ersten 1,5 Wochen oder so. Ich könnte es dir unmöglich sagen, weil ich so gut wie nicht online war. Also 3 bis 4 Stunden am Tag von, 24 ist für mich so gut wie nicht online. Für unsere, für dieses, ja, whatever, the fuck, you know. Ich weiß nur, wenn Worldbosse gespawnt sind, dann war Feierabend. Kurz bevor die Worldbosse gespawnt sind, hat man schon Anzeichen gehabt, sagen wir es mal so. Und sobald der Worldboss kam, ist alles stillgestanden. Du hast als Psykeeper einen Schuss abgefeuert, ne? Du hast einen Schuss abgefeuert und der hat sich noch ein paar Millimeter bewegt und dann ist er einfach in der Luft hängen geblieben. Und dann hast du erstmal blöd geguckt. Für 5 Minuten. Bis der Worldboss tot war. Und als der Worldboss gestorben ist, ist alles auf einmal passiert. Manchmal hat es so geleckt, dass man nicht mal einen Drop bekommen hat. Das Geile war, du siehst den Worldboss, klickst ihn an, Standbild. Und dann einfach nur hoffen, nicht disconnecten, damit du die Belohnung bekommst. Du hast einfach nur gehofft, dass du einen Angriff durchbekommen hast, Standbild und hoffentlich eine Belohnung. Hoffentlich eine Belohnung. Also ich verstehe nicht, wie man auf solche Furzideen kommt. Du weißt genau, die Server packen das dich und du machst es einfach immer wieder. Die Typen sind wirklich verrückt. Die geben einfach zero fucks. Die geben zero Fs. Schon ein bisschen lustig, ehrlich gesagt. Also, nicht, wenn es gerade passiert, aber wenn man so drüber nachdenkt, ist es irgendwie schon ein bisschen lustig. Dass es denen das einfach egal ist, dass es nicht geht. Never change a running system. Genau da liegt das Problem. An dem Running. Hat ja irgendwie funktioniert. Nein. Nein, hat es nicht. Nein, hat es nicht. Genau das ist das Problem. Es hat nicht funktioniert. Die MS sind egal, es kracht trotzdem. Ja, ich meine, Alter, du kannst manchmal auch mit 300er Ping flüssig spielen. Es geht wirklich mehr ums Gefühl als um die Zahl des Pings, ja. Wobei bei 3000 ist immer Feierabend, würde ich jetzt mal behaupten. Also bei 3000 ist Feierabend, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber zwischen 100 und 600 würde ich sagen, entscheidet mehr das Gefühl, wie schlimm es gerade ist. Ja. True. Aber alles unter 200 ist normalerweise eigentlich fein. Zumindest wenn es länger auf 200 oder weniger ist. Aber das kannst du halt ja auch schon wieder niemandem erzählen, der dieses Spiel nicht spielt, ne? Also, solange es kein 200er Ping ist, bin ich eigentlich glücklich. Solange es nicht über 200 bin ich eigentlich glücklich. Anderer Typ spielt nur Games mit 5 MS, denkt sich so. Wie bitte? Was? Was hast du gerade gesagt? Wie viel?
Ich glaube, ich habe mich gerade verhört. Hä? Crazy. Kann man niemandem erzählen, der das Game nicht zockt, weil es niemand nachvollziehen könnte. Sie würden es einfach nicht verstehen. Sollen wenigstens dankbar sein, dass es die Lord Giants gibt. Hey. Hey. Du kannst vielleicht gerade nicht spielen, aber guck mal. Hey. Es gibt 5 Chainer pro Channel. Hey. 5 Chainer. Oh yeah, baby. Wahrscheinlich sind die 5 Chainer das Problem. Wahrscheinlich sind die 5 Chainer das Problem. Das sind 4 Mobs auf 8 Channeln, die nicht existieren sollten. Kollaps. Das bringt das ganze System runter. Da haben wir das Problem. Wir müssen zurück zu einem Chainer und schon läuft's wieder. Hab schon ein paar Freunden probiert, das Game zu zeigen, aber die zeigen mir den Vogel. Yeah. Wozu sollte man eigentlich XP sperren? Das einzige Sinnvolle ist eigentlich Level Service. Kennst du Level Service? Wenn du weißt, was Level Service ist, dann brauche ich, glaube ich, nicht weiterreden. Falls jemand nicht weiß, Level Service heißt quasi, ich level jemanden, er zahlt mir Geld. Und da ich das aber wirklich als fester Service anbieten möchte, will ich nicht leveln. Ich will immer auf dem gleichen Level bleiben, um meinen Service auf diesem Level eben anzubieten. Und dafür sperre ich meine XP. Damit ich eben nicht level, aber der Typ, der mich bezahlt fürs Leveln, der levelt halt schon. Menschen COD mit einem 50er Ping spielen, aber Live bei 600 geht klar. Tja, na gut, Shooter und MMOs kann man nicht wirklich vergleichen, aber ja. Wobei man sagen muss, selbst bei Shootern, es ist auch eine Gewöhnungssache. Also, mein klarer Shooter ist schon crazy, weil es da sehr um Präzision geht und so. Aber es kommt aufs Game an, also pauschal kann man das eigentlich echt gar nicht sagen. Es gibt sogar Shooter, die du mit High-Ping relativ gut spielen kannst. Kommt wirklich auf den spezifischen Einzelfall an. Aber ja. Es gibt sogar Games, wo du mit High-Ping einen Vorteil hast. Es gibt sogar Situationen, wenn du lagst und dein Gegner nicht, dass du sogar besser dann, also du kommst dann besser weg tatsächlich. Du hast vielleicht keinen Spaß, weil es laggt, aber du stirbst zumindest nicht, weil er dich nicht treffen kann oder so. Also es gibt ja auch so Clips oder Videos von sowas, also manchmal gewinnt man dann sogar eher, als wenn man nicht laggt. Also es kann auch ein Vorteil sein, Lags. Vor allem, wenn du sie hast und dein Gegner eben nicht. Kann auch ein Vorteil sein. Meistens nicht, aber gibt Ausnahmen. Gerade schon angefangen, FEC mit neuem Chart und so ein Mist-Lag. Soll ich Blade in der M spielen, wenn ich es einfach haben will? Ja. Blade in der M ist fein. Das ist die Goated Combo. Oh. Blade und DM ist die totale Standard-Combo. Ich habe früher Wolf-Team gespielt, da habe ich immer Internetkabel gezogen, alle gekillten wieder rein, dann waren alle tot. Wolf-Team, ey. War es nicht so ein gammeliger Free-to-Play-Shooter? War es nicht so übelst der ranzige Free-to-Play-Shooter? War das sogar Pay-to-Win? Also ich habe auch mal so ein Game gezockt. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das kennen aber auch voll viele Leute. Ich war so gammelig wie Pay-to-Win wie Flav. Ja. Früher, es gab mal eine Meta. Es gab so viele Spieler, das muss eine Meta gewesen sein. Es gab mal eine Free-to-Play Pay-to-Win Shooter Gaming Meta.
Es gab so viele Free-to-Play-Shooter, die einfach Pay-to-Win waren. Ich meine, klar, wie soll das sonst funktionieren? Free-to-Play ist eigentlich... Ja. Aber es ist so crazy. Also, wenn man echt einfach so drüber nachdenkt, warum soll ich einen Shooter spielen, wo sich jemand anders einfach eine bessere Waffe kaufen kann, die mehr Schaden macht? Wie bescheuert ist das denn eigentlich? Und wenn nächsten Monat eine neue Waffe rauskommt, muss ich die mir auch kaufen, sonst verliere ich jedes Game. Ich kann nicht besser sein. Also, oder es ist fast unmöglich, besser zu sein, wenn der mich immer one-shottet und ich ihn nicht. Oder vielleicht sogar eine bessere Rüstung oder so. Nee, aber das Game, das ich meinte, ist tatsächlich nicht dabei bisher im Chat. Ich weiß auch nicht mehr sicher, wie es heißt. Ich könnte sogar ein YouTube-Video drüber haben. Arctic, irgendwas mit Arctic. Es war wie COD in Scheiße. Und COD ist ja eigentlich schon Scheiße. Es war quasi billig COD in Scheiße. Nur, dass ja COD an sich eigentlich schon Scheiße ist. Arctic irgendwas. Oder irgendwas. Ich denke mal an Frost und Schnee, wenn ich das sehe. Aber auch immer so eine Frostmap vor Augen. Es gab safe mehrere. Kann das sein? Arctic Combat oder so? Ja. Arctic Combat, ja. Gibt's schon, oder? Arctic Combat. Arctic Combat Remastered. Genau das ist es. Arctic Combat. Man findet nur Videos aus dem Jahr 2012. Das ist es. Das ist es. Ja, 2012, das müsste genau hinkommen. Da war ich 15. Ja, 14 sogar. 14 war ich da. Das war genau meine Kragenweite. Irgendwelche gammeligen Free-to-Play, Pay-to-Win-Drecks-Shooter. Bloß keine guten Games spielen. Bloß keine guten Games spielen. Immer nur das Gammeligste vom Gammeligen. Bloß nicht mal ein Spiel, das Spaß macht und nicht Pay-to-Win ist. Immer Pay-to-Win. Das war echt die Meta damals. Battlefield Heroes habe ich geliebt. Tatsächlich. Auch so ein Pay-to-Win-Schrott-Game eigentlich. Aber es war hammergeil. Ich habe die Grafik geliebt. Den Humor. Alles. Battlefield Heroes so tolles Pay-to-Win. Ja. Und leider eins der Games, wo Skill auch relativ wenig Unterschied gemacht hat. Ja, die Waffen. Wobei man sagen muss, Battlefield Heroes am Ende, der Untergang von dem Spiel war actually die Hater. Die Hacker waren actually das Problem. Also bei dem Game waren es tatsächlich die Hacker. Und bei Brick Force, my boy Brick Force, da waren es auch die Hacker. Der Untergang von so vielen Free-to-Play-Games. Hacker. Also Free-to-Play-Games, die actually gut waren. Sind sehr oft trotzdem Hacker gewesen. Das Game mag Trash gewesen sein. Das Pay-to-Win-Konzept mag Todes-Cringe gewesen sein. Pay-to-Win-Shooter-Konzept mag Todes-Cringe gewesen sein. Aber die Games waren trotzdem beliebt. Und man weiß nicht, wie lange sie noch online gewesen wären, wenn sie nicht komplett von Hackern teilweise zerstört wären. Also gefühlt jedes zweite Game ist actually wegen Hackern runtergegangen. S4 League, wahrscheinlich eine der wenigen Ausnahmen, die nicht wegen Hackern zerstört wurde, I guess. I don't know. S4 League habe ich nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht. Aber das ist doch erst vor kurzem runtergegangen, oder? Vor kurzem, so vor 6, 7 Jahren. Oder so. Wurde mit Hackern zerstört? Well, never mind. Nicht vor kurzem? Einige Jahre her. Ja, das Problem ist, ich denke immer noch 2019 war vor 2 Jahren. Also, no joke.
Und falls du die Battlefield Heroes Musik meinst, Flyer Geier, ich weiß genau, was du meinst. Eine sehr markante Musik, ja. Instant Flashbacks. Take Me Back. Das war auch eins dieser Games, wo du so Umfragen und so einen Scheiß machen konntest für Ingame-Premium-Währungen. Junge, ich habe mir extra eine E-Mail erstellt und jeden Tag an so viel Scheiße mitgemacht. Die meisten Sachen haben immer nicht funktioniert aus irgendeinem Grund. Aber irgendwann konnte ich mir mal eine Sache kaufen dann. 3 Stunden irgendwelche Umfragen ausgeführt und so einen Scheiß, um dann ein Item zu kaufen. Crazy. Ah, ich weiß nicht, Dark Heal. Also ich meine, ja, es ist eine Theorie, aber ich glaube nicht. Ich schätze, wir werden niemals erfahren, woran es liegt, weil sie es uns einfach nicht sagen werden. Also konkret, denke ich mal. Also vielleicht kriegen wir Statements mal. Aber eigentlich sagt Gala nie wirklich konkrete Sachen. Ich meine, zieht euch das mit der App rein. Die App war ja eine reine Community, Public Relations und Marketingkampagne. Sie haben sie einfach angekündigt. Für November oder so hat man es auf jeden Fall verstanden. Für November 24. 5 Monate, nicht ein Wort darüber. Und dann einfach, ja, jetzt ist die App online übrigens. Was hat so lange gedauert? Was ist passiert? Woran hat's gelegen? Einfach nichts. Einfach, ja, jetzt ist sie online. Okay. Ich dachte, die App wird jetzt einfach ins Wasser fallen, aber okay, da ist sie. Cool. Danke für die Info, Bro. Also, den Teufel werden die tun und uns exakt die Gründe sagen, warum das jetzt laggt oder nicht oder was auch immer. Der Grund ist ziemlich simpel, warum der FEC nicht in Europa ist. Die haben keine Lust, die FEC-Einkünfte in Europa zu versteuern, da der Server dann eine Serverbetriebsstätte begründen würde. Malta? Nein, ist nur Glücksspiel-Oase, ne? Aber Flive hat Lootboxen. Lootboxen sind Gacha. Gacha ist böse. Gacha ist Glücksspiel. Glücksspiel Malta. Malta Glücksspiel, was auch immer. Boom. Wobei Maltas Server ziemlich kacke werden, weil die ziemlich weit weg sind tatsächlich. Das ist der letzte Arschzipfel von Europa. Malta. Literally die letzte Scheißinsel vor Afrika. Also, ja, Afrika ist jetzt nicht so weit weg. Also, Nordafrika, I guess, aber ja. Ja, keine Ahnung. Ich meine, es wäre besser als Philippinen oder Amerika auf jeden Fall. Viel besser. Kommt auch ein bisschen drauf an, wo man wohnt, I guess. Für mich wäre es tatsächlich gar nicht so bad, weil ich ja ziemlich im Süden wohne. Aber sollte kaum Unterschied machen. Die 1000 Kilometer mehr oder weniger. Wird keinen Unterschied machen, groß. Hab noch ein Video auf meinem PC, wo ein Hacker ein Game in SV aus der Lobby kickt. Uff. Cringe. Gran Canaria sind nur 300 Kilometer bis Osten Afrika. Aber das ist keine Glücksspiel-Oase, Sir. Ich weiß nicht, warum Malta eine Glücksspiel-Oase ist. Irgendwas ist. Ich weiß gar nicht, was genau in Malta ist, aber wisst ihr doch selber alle. Die ganzen Casinos und
Glücksspiel-Streamer und so, die sind alle in Malta. Malta hat eine riesen Casino-Szene. Irgendwas ist da beim Glücksspiel anders. Ich kenne mich damit nicht aus, ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Aber weißt schon. Du müsstest halt nur Flive irgendwie... Die müssten quasi absichtlich Flive als Glücksspiel einstufen lassen. Und dann nach Malta gehen, I guess. Und dann... Ja, keine Ahnung. Also irgendwas ist in Malta auf jeden Fall positiv, I guess, über Glücksspiel. Sonst wäre es ja nicht so. Also, es hat safe irgendwas mit Steuern zu tun. Die ganze Welt hat mit Steuern zu tun. Alles hat mit Steuern zu tun. Wo musst du hin für Easter Event? Eigentlich nirgendwo hin. Du musst nur 61 sein. Mining Class von Levi annehmen. Levi in St. Morning. Wie gesagt, wichtig. 61. Vorher gibt es kein Oster-Event. Dann musst du die tägliche Osterquest abschließen. Die kriegst du automatisch, sobald du 61 erreichst. Die heißt Find Easter Eggs. Kriegst du automatisch zugewiesen. Abschließen. Kriegst eine Pickaxe. Wie gesagt, Mining Class annehmen. Und dann Event Chrome Ore abbauen. Und Easter Eggs sammeln. Was ist das Easter Event überhaupt? Drück mal Taste U, klick auf Easter Event und guck dir die 10er Box an. Und deine Antwort wird mir sagen, ob du cashst oder nicht. Deine Reaktion wird mir zeigen, ob du cashst oder nicht. Ein paar Leute haben schon gesagt, das ist Trash, machen sie nicht. Sofort als Casher erkannt. Wenn du sagst, oh, ist nice, dann definitiv Free-to-Play. Was hat 2 Daumen, 3 Brustwarzen und Dino-Nuggets? Ich habe dir vom Timmy im Vertrauen erzählt, Sir. Timothy. Ich habe dir von Timothy im Vertrauen erzählt, Sir. Was ist bei Levi neben Carpentry Smithing? Mining. M-I-N-I-N-G. Meaning. Ist Timothy der Bruder von Tiffany? Oh Gott. Fuck you, Tiffany. Nochmal sorry an alle Tiffany's da draußen. It's just a gag. I guess. Gibt es bei Tiffany Frühstück? Hä? Wovon redest du? Verstehe ihn. Breakfast at Tiffany's. Oh. War ein Scherz. So. Oh, sorry. Ganz schön unhöflich, einfach so zu gähnen. Entschuldige. Genauso wie 53 Stunden zu streamen und dafür nur 7 Stunden zu schlafen, hä? Ich alter Scammer.
Gestern dieses Hot mit Restart reagiert, heute Pandy. Er hat nicht gerade jemand gesagt, dass es gefixt wurde. Klebians hat doch gerade gesagt, Ping is fixed. War das Cap oder was? Gibt schon was vom Gamer so bezüglich der Lags? No. Hab noch nichts gehört zumindest. Aber lustigerweise, als die gerestartet haben, haben die das auch nicht im Discord gepostet. Also einmal kam ja einfach in-game eine Ankündigung, im Discord haben sie nie was geschrieben. Also die Kommunikation ist etwas speziell, sagen wir es so. Man weiß nie, woher die Infos kommen. Deswegen ist es manchmal auch sehr schwer zu sagen, ob sie überhaupt offiziell sind. Weil sie nicht im offiziellen Discord erscheinen. Zum Teil. Der Weg vom Strand zu den PCs im Urlaubsparadies ist weit, gedulde dich. Klassiker. FEC starten und dann erstmal alle Betriebsurlaub auf den Malediven. Man kennt's. Ganzes Jahr geschuftet. Dann FEC noch 3 Wochen früher starten, weil da die Flüge günstiger sind zu der Zeit. Und dann erstmal Betriebsurlaub. Hey, es sind auch nur Menschen, okay? Es sind auch nur Menschen, die einen XXL 5-Sterne Betriebsurlaub in den Malediven verbringen. All inclusive. Super Wellness Deluxe Urlaub. Ohne Internet und Zugang zu Technik. Sir, die FEC-Server, sie brennen. Was sind denn bitte FEC-Server, Bro? Ich schlürf grad Champagner aus einer Kokosnuss. Later! Trottel. Hoffen wir, dass das nicht so ist, Kappa. Daran erkennt man, dass der Artikel gekauft wurde, by the way. Es gab doch diesen koreanischen Artikel, ne? Über Flive und FEC und so. Wenn die wirklich journalistisches Interesse an FEC hätten, wird es ja erstens Follow-up-Artikel geben, I guess. Also, I guess öfter. Und wahrscheinlich würde man auch mal von den Lags berichten. Aber das sind so richtig klassische, gestagte, abgesprochene, wahrscheinlich auch zensierte Werbeartikel. Ich meine, ja, es ist nicht unüblich. Ist eigentlich vollkommen normal sogar. Aber, ja. Also so viel zum Interesse in Korea, beziehungsweise koreanische Medien-Community. Das ist, glaube ich, nicht echt. Ziemlich sicher nicht. Denken die FEC-Server wieder? Ja, keine Ahnung. Also es scheint nicht unspielbar zu sein zumindest. Die Beschwerden haben abgenommen. Die Leute schreiben nicht mehr so viel in den Chat. Das sagt mir, sie können wieder ein bisschen spielen. Aber ja, sie laggen. Die
kann ich eigentlich 30 Minuten online gewesen sein? Check ich nicht. Das war doch gerade niemals 30 Minuten. Oh, sorry. Aber am Spieler orangen Namen, der Name steht rechtsbündig. Also orangene Namen sind PK. Rechtsbündig? Also verschiedenfarbige Namen sind von PK-Chips. Kannst dir die Farbe aussuchen. Kostet irgendwie 200 PK-Chips oder so ein Scheiß. Für 7 Tage. Rechtsbündig weiß ich nicht. Ist halt irgendein Scherzkeks, der halt, der halt dachte, das ist lustig. Ich habe auch schon Namen gesehen, die stehen untereinander, die Zeichen. Also in Flive PC gab es meinen, der war auch richtig lustig. Der hat Leerzeichen und Enter im Namen. Also sein Name hat quasi hier angefangen und hier unten war, also sein Name war quasi hier und hier auf dem Bildschirm. Und alles dazwischen war einfach leer. Er hatte einfach Enter im Namen. Okay, dachte, das Mod wollte schon flamen. Nee. Dadurch, dass du Sonderzeichen in Flive Universe in deinem Namen packen kannst, ist das halt richtig goofy. Ich verstehe bis heute nicht, warum das erlaubt ist. Also verschiedene Sprachen, verschiedene Alphabete oder whatever man das nennt. Sag ich mal, okay. Ich meine, es wäre ziemlich rassistisch oder diskriminierend, wenn man es nicht macht. Andererseits ist das eigentlich vollkommen normal, dass man nur englische Zeichen erlaubt. Also bei internationalen Spielen, Titeln, ist es eigentlich normal, dass man das nicht erlaubt mit verschiedenen Sprachen. Weil es halt extrem schwierig ist, das dann zu kontrollieren, dass die Leute damit keinen Unfug machen. Gut, ist ihre Entscheidung, nicht meine. Aber sie haben auch einfach alle Sonderzeichen erlaubt. Du kannst Smileys in deinen Namen packen. Du kannst irgendwelche Noten, Zeichen, Sonderzeichen. Du kannst literally eigentlich alles, was es gibt, in deinen Namen packen. Und ich finde einfach, es sieht dann irgendwie unseriös aus. Persönlich. Also immer wenn ich so richtig goofy-ass-Names sehe, denke ich mir so, ja, kann mir egal sein. Ich meine, mich stört es nicht, ich spreche es auch meistens eigentlich nicht mehr an, aber keine Ahnung. Als würde sie das interessieren, wenn damit jemand Unfug macht. Tut's nicht, wahrscheinlich, da hast du recht, aber normalerweise interessiert einen das eigentlich als Developer oder whatever. Und genau deswegen gibt es da diese Regeln. Wenn die Developer und alle Mitarbeiter halt maximal Englisch und vielleicht noch 1, 2 andere Sprachen können, dann sagst du halt, ja, also gut, die Sprache an sich kannst du ja nicht kontrollieren, weil ich meine, ich kann mich auch, wenn nur in Anführungszeichen Englisch erlaubt ist, kann ich mich trotzdem Julio La Puta Madre nennen oder was auch immer. Aber zumindest kannst du es lesen, in einen Übersetzer jagen und so weiter. Oder ChatGPT fragen, ist der Name schlimm, wenn er reported wird. Du kannst es zumindest lesen. Aber wenn du kein Taiwan oder keine Mandarin, keine was auch immer kannst, wie willst du das wirklich kontrollieren? Du kannst dir die Zeichen nicht mal schreiben. Erst musst du rausfinden, welche Sprache das ist. Und je komplexer die Sprache, desto schwieriger ist die Übersetzung. Dann musst du die Kultur verstehen. Kann sein, dass sich jemand fliegender Hitlerbart Türklinkenschiss nennt. Also das sagt dir der Übersetzer. Und dann denkst du dir so, wow, what? Und eigentlich ist es aber fliegender Käsekuchen frisst, keine Ahnung, Spaghetti oder so. Weißt du, was ich meine? Also, deswegen, sag ich mal, ist es halt schon ziemlich dämlich. Aber du hast recht, das interessiert sie wahrscheinlich nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn sich jetzt irgendein Japaner oder so abgefuckt fühlt, weil einer eben so einen bescheuerten Namen hat
Und der Japaner weiß aber, es ist Troll oder es ist böse gemeint. Keine Ahnung. Also du weißt, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Es ist schon ziemlich dämlich. Aber es interessiert sie wahrscheinlich einfach nicht und deswegen ist es halt so. Ich denke mal, eins der Perks von Flive Universe sollte wohl sein Zugänglichkeit. Und dazu gehört halt, I guess, dass man sich jeden x-beliebigen, total bescheuerten Namen geben kann. Und der im schlimmsten Fall sogar nur aus Smileys besteht. Weil ich es noch nie ausprobiert habe, ne? Ich weiß nicht, ob es bei der Charaktererstellung überhaupt möglich ist, tatsächlich. Vielleicht geht es auch nur mit Scroll of Name Change. Weiß ich tatsächlich nicht. Die Leute mit den Smileys den Namen sieht man eigentlich auch überwiegend auf FEC. Auf Borodeng sieht man selten welche. Auf Borodeng haben die meisten Leute eigentlich normale Namen. Hat ja auch Nachteile, weil kein Schwein kann dich ansayen. Ich meine, gut, mittlerweile kann man sehr viel über den Chat steuern zum Glück. Klickst einfach auf den Namen im Chat und so. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Shop offen hat oder so und du auf Nachricht klickst und er nicht online ist und du willst ihm dann eine Postnachricht schreiben, ja, viel Spaß. Habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden, wie du dann seinen Namen schreiben kannst. Hey, by the way. Habe ich eigentlich jemals eine Antwort auf das Giojo bekommen? Ich habe gestern, glaube ich, jemanden wegen einem Giojo geschrieben. Ja gut, okay, ich weiß, warum ich keine Antwort bekommen habe. Ich habe gleich geschrieben 10 Mio, Fragezeichen. Gut, die Antwort sollte klar sein. Wenn keine Antwort kommt. Dreckiger Hater. Dreckiger Hater. Der wollte safe noch in F-Coin bezahlt werden. Das ist auch möglich. Ja. Kaum wir nicht mit F-Coins bezahlen werden, ey. Ich verkauf's dir für 20 Mio. Aber wenn du mir 10 Mio in F-Coins gibst, ist es okay. Dann nimm doch einfach die 10 Mio und kauf dir davon F-Coins. Ich glaube, das war legit die most brain-dead Unterhaltung, die ich jemals im Flive Universe hatte. Not gonna lie. Ein Tag FEC? Das war ja noch am ersten Tag, oder? Ja doch, ich glaube schon. Ich glaube, das war die most brain-dead Unterhaltung, die ich jemals hatte mit jemandem in Flive Universe. Das hat echt alles getoppt. Also 20 Mio will ich grundsätzlich, aber wenn du mir die 10 Mio anders verpackt gibst, dann akzeptiere ich sie. Vor allem, ich glaube, ich habe sogar 11 geboten, oder? Cashkurs. 200 F-Coin kosten 10 Mio. Er will ein Item, was 200 F-Coin kostet. Ich will ihm 11 Mio geben. Overpayen. Und er sagt einfach nein. Crazy. Merkt das bei den anderen auch gerade so? Yeah. 15:25 Uhr, ja. Hey, actually, wartet mal. Ah, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, die erste Leg-Session war auch um 15 Uhr. Also, ja, da war sie auch noch. Aber, angefangen hat sie um 2. Nach 2 Stunden. Weiß ich noch ganz genau. 2 Stunden war es gut. Und dann war es böse. Sehr böse. Todesböse. Timer aktualisieren. Ja. Da müssen wir mal drüber reden, ne?
Ich gehe pennen und zock lieber die Nacht durch. Ich wünsche euch noch viel Glück. Alright, see you later, Alligators. Der ist gleich durch, ihr müsst Subs giften, damit der Timer hochgeht. Trust. Er hat absolut recht. Aber giftet auf keinen Fall ihm einen Sub. Hater. Bisschen vielleicht. Safe einer der Millionäre. Ich glaube nicht, dass hier ein Millionär zuschaut, ehrlich gesagt. Wobei, wenn es ein echter Millionär wäre... Die Männer sind bereit. Was haben sie getan, Just Silly? No! Du hast einen Pakt mit dem Dämon geschlossen. Punkte-Millionär. True. Du hast einen Pakt mit dem Dämon geschlossen, Silly. Dun, dun, dun. Ja, Spaß. Danke dir vielmals, Just Silly. Vielen Dank. Für die Blumen. Es ist immer noch besser, wenn die XP durch Lex ruiniert werden, als durch toxische HNR-Elementoren. Da stimme ich dir zu. Der Dämon hat mir lagfreies Gameplay versprochen, da konnte ich nicht anders. Uff. Und du bist schon wieder drauf reingefallen. Twitch Prime ist kostenlos. True. Twitch Prime ist kostenlos, Baby. Aber ja, reden wir über den Timer. Also. Ich warte immer noch auf die 100er Subgift-Bombe. Knack G. Knack. Knack. Kappe. Nee, Spaß. Also. Wir haben noch einiges an Zeit. Ich habe nichts geaddet. Ihr habt es gesehen. Nur 400 Euro, Sir. Immerhin gibt es einen kleinen Rabatt. Oh, ich greife nicht mit meinem Jester an, sehe ich gerade, oder? Hä, doch, ich greife mit meinem Jester an. What the fuck? Ist mein Bruder denkt Jester auch noch Trash. GG. Hä, ich greife nicht mit meinem Jester an. The fuck? Oh. Es ging nie um Einkommensmillionäre. Warte, was? Warte, was? Hold up. Wie bitte? Knackt G einfach Vorsitzender der Volksbanken, Raiffeisenbanken. Einfach CEO von Deutsche Bank. Okay, Bro, chill. Schwimmt Crazy nicht im Geld? Crazy ist actually sehr wohlhabend, da war kein einziges Mal hier seit dem Sabaton. Leider. Also wir haben folgende Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ich penne irgendwie jetzt ein bisschen im Stream. Mit der verbleibenden Zeit halt. So Hälfte der verbleibenden Zeit mindestens. Also ich meine, ich bin seit 23 Stunden wieder wach.
Back-to-Back-to-Back 24er. 26 Stunden into 27 Stunden into 23 Stunden. Waren jetzt meine letzten Wachzeiten. Ne? Also meine letzten Wachzeiten waren wirklich utopisch. So, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Literally. Noch nie in meinem Leben. Wundert mich auch sehr, dass ich immer noch hier bin und atme. Thank you, Jesus, man. Die Chinesen leveln einfach neben mir, es wäre nix. Das ist krass. Das ist krass. Also ein bisschen schlafen muss ich. Wie gesagt, ich mag nicht so aussehen, aber Gesundheit ist mir doch nicht ganz egal. Und ich habe Respekt vor Schlafmangel und, also, ich meine, ich schlafe wenig, aber nicht. Also gar nicht schlafen ist selbst für mich ein No-Go. Eigentlich. Also ich möchte ungern jemals die 30 Stunden knacken. Wirklich schlimme Dinge passieren zuerst. Steht dazu, Mann, SM ist ein Banger. Ich könnte keinen Tag ohne SM aushalten. SM ist mein Leben. Für SM würde ich sogar Geld bis. Verstehe dich, siehst aus wie ein Model. Danke. Danke. Freundlich von dir, Süßer. Genau. Also ich glaube, wirklich schlimme Dinge passieren zwar erst jenseits der 40, plus bei mangelnder Bewegung, Codewort Thrombose, oder extremem Koffein-Energy-Überkonsum. All das habe ich nicht getan. Und wie gesagt, ich bleibe mal respektabel unter der 30. Ich denke mal, da sollte man noch recht safe sein. Trotzdem, wie gesagt, habe ich da einfach Respekt vor. Und ich meine, es ist auch irgendwie sinnlos. Ich meine, irgendwann, wenn er nur... Ich meine, so, klar, wenn man einen 24er macht, ich meine, irgendwann lässt die Energie nach, man hängt ein bisschen in den Seilen, man nuschelt und so weiter, okay. Ich meine, ist normal. Das gehört ja dazu. Aber wenn du das dann 12 oder 13 Stunden am Stück machst, ich meine, irgendwann wird es dann schon ein bisschen nervig, glaube ich auch, ne? Irgendwann hat man dann selber auch die Schnauze voll. Also ich habe irgendwann die Schnauze voll und ihr wahrscheinlich auch. Wenn es nur noch so geht. Ist ja auch ein bisschen ätzend dann. Wenn man nur noch Scheiße labert und gar nichts mehr Sinnvolles von sich gibt und so. Ist dann irgendwie auch blöd. Genau, also das wäre die Option 1. Option 2 habe ich noch nicht wirklich ausgearbeitet. Aber I guess wäre dann irgendwie Stream geht. Also, na gut, okay. Ich meine, wir haben viele Szenarien theoretisch. Aber ich meine, eine Option wäre halt, Stream bleibt an, Timer bleibt stehen. Und wir gucken einfach mal, wie es weitergeht dann, wenn wir weitermachen. Was halt trotzdem blöd wäre, weil, wenn ich jetzt wirklich schlafen gehe und dann auch, sag ich mal, halbwegs normal, also wieder so 7 Stunden vielleicht, sagen wir mal, das wäre dann halt literally Mitternacht. Also ich weiß nicht, wie viele von euch dann da wären am Schlaf, nach dem Schlaf. Also ist halt jetzt gerade eine beschissene Uhrzeit, aber gut, ist... Ich meine, jetzt passt es halt gerade auch wegen Server-Lags und so. Ich meine, ist gerade ein guter Zeitpunkt, I guess. Aus vielen verschiedenen Richtungen. Genau, also das wäre eine Möglichkeit. Timer stehen bleiben, mal probeweise einmal und dann gucken, wie es läuft. Vielleicht, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, mal experimentieren. Was ich eigentlich nicht wollte, dass wir hier die Regeln während dem Stream ändern. Süß von euch, dass ihr schreibt, ich wäre da oder wir sind da oder was auch immer. Cute. Danke. Und ich lasse den Timer stehen. Es gibt halt keine Sleep Cam, wobei ihr habt ja gesagt, man hat eh nicht wirklich was gesehen. Es war zwar auch das Ziel, also ich habe extra kein Licht angemacht oder so, weil ich wollte ja schlafen. Ich meine, wie gesagt, ich hatte jetzt hier keinen Bock auf Folter, also auch wenn ich auf dem Boden geschlafen habe, wollte ich halt trotzdem schlafen. Und ich meine, bei Licht und so schlafen ist halt einfach ultra madig. Ich meine, die Monitore waren an, also ein bisschen Licht war ja trotzdem da. Also hat halt nicht auf mich reflektiert oder ich lag halt nicht in den Lichtstrahl der Monitore. Wie auch. Ich lag ja am Boden und nicht auf der Höhe der Monitore. Aber ist ja egal. Wie gesagt,
Dann halt ohne Sleepcam. Ne? Ohne Sleepcam. Und ich mache wieder Flive Let's Play an, sodass ihr halt sofort mitbekommt, wenn es weitergeht. Und I guess die letzte Option wäre, Stream geht aus. Wobei das dann halt irgendwie den Sabaton-Flair killen würde. Ich weiß, sowas gibt's zwar. Leute, die so Sabaton-Timer haben, dann sagen sie halt, es geht nicht, ich muss arbeiten. Ihr habt zu krass übertrieben. Dann speichern sie irgendwie die Zeit. Und dann, keine Ahnung, starten sie irgendwann wieder einen Stream und dann... Ich meine, das ist irgendwie das Sinnloseste für dich fast, weil das killt ja komplett irgendwie das Sinn von einem Sabaton, I guess. Wenn es nicht am Stück ist irgendwo. Wenn selbst mit Unterbrechung technisch gesehen, ist es ja dann trotzdem irgendwie noch am Stück. Es bleibt irgendwie so eine Experience. Also ich finde, wenn du auf Stream beenden klickst, ich meine, dann ist es, I guess, vorbei irgendwie. Das fühlt sich dann fast an wie Betrug irgendwo. Ist auch Scam von mir, dass die Zeit im Schlaf weiterläuft. Ich hoffe, das war nicht ernst gemeint, Sir. Und ja. Ich würde vor 12 aufhören zu gamen. Also bist du nicht da? LOL. Fitzif-Suit. Ja. Crazy. Einfach eine Satire-Suit gedroppt ohne Party-Skills. Die letzten 50 Mal mit Party-Skills habe ich nichts gedroppt. Es gibt hier... Gibt's hier in diesem Stream, auf diesem Channel nicht. Hier sind Profis in- und außerhalb von Flive. Tryhard Live. What? War ernst gemeint, Hupe. Ja, aber du bist toxic, deswegen nehme ich das nicht ernst. Du hast auch gesagt, du spielst jetzt Neverwinter, Sir. Du hast gesagt, du spielst jetzt Neverwinter. Bro, du hast literally gesagt, du spielst jetzt Neverwinter und keine Flive Universe mehr. Sir. Also, bleiben wir mal auf dem Boden der Tatsachen. Sir. Bleiben wir mal auf dem Boden der Tatsachen. Genau. Also ja, keine Ahnung, und wie gesagt, eine wirkliche Option 3 habe ich eigentlich nicht wirklich. Wärst du nicht so toxisch, wenn die 100 Subs gekommen? Ist eh nicht. Du hast doch gesagt, du cashst nicht auf FEC. Ich habe das Gefühl, du hast gecasht, Sir. Ich weiß nicht, was ich dir noch glauben kann, Sir. Es ist schwer, dir noch zu vertrauen, Hupe. Vor ein paar Tagen hast du doch gesagt, du cashst nicht, FEC, du machst Free-to-Play. Auch das war geflunkert. 50. Und jetzt sagst du, das ist ja Free-to-Play. Für dich vielleicht. Ja. Also ja, keine Ahnung. Ideen, Vorschläge, Anregungen, Kritik, Feedback, keine Ahnung. Also ich meine, wie gesagt, das mit dem, du schläfst während dem Stream, wenn der Timer weiterläuft, finde ich ein bisschen frech. Also was ich jetzt so von euch gehört habe, habe ich geistesgestört viel mehr Zeit als alle anderen Streamer gerade. Trotzdem kriege ich die wenigsten Subs. Und ich habe von 54 Stunden Stream 7 geschlafen. Also das will mir nicht in den Kopf, wo ich hier der Betrüger sein soll. Verstehe ich irgendwie nicht. Also, ich habe, denke ich, das beste Konzept für alle und werde hier am schlechtesten behandelt gefühlt. Das begreife ich irgendwie nicht. Ja. Wer sagt, ich betrüge? Niemand, aber andauernd kommt dieses, du schläfst, während der Timer läuft. Das muss ich sagen, ich finde es nicht lustig. Es war beim ersten Mal nicht lustig und es ist immer noch nicht lustig. Es ist einfach Bullshit.
Also, ist wirklich crazy. Ich schrucker hier mir den Arsch ab. Da muss ich mir das echt nicht anhören lassen. So. Geht wieder was von den Lags her? Weiß ich nicht. Bin nicht online, Sir. Danke dir für die Subs, Woo. Appreciated. Aber ich will jetzt auch nicht betteln. Ich finde das irgendwie armselig, wenn man so nach Subs bettet. Ich mache das nicht gerne. Ich kann das auch nicht. Ich bin schlecht darin. Weil es sich einfach nicht gut anfühlt, nach Geld zu betteln. Es ist einfach irgendwie cringe. Du redest dir das nur ein? Naja, Hupe hat es literally gerade wieder geschrieben, Sir. Und er ist nicht der Erste, der es geschrieben hat. Und wenn ich frage, ob das sarkastisch gemeint ist, kommt, nein, ich meine das ernst. Also habe ich ihm die Chance gegeben zu sagen, nee, war nur ein Joke. Und er sagt, nö, war ernst gemeint. Also... Das ist the way to go. Verschwendung meines Talents. Was ist the way to go? Shartex, danke für die Subs. Bolt, das mit den 100 gifted, ist ein fucking Running Gag, man. Oder sollte es zumindest sein. Meinst du, ich mache mit Absicht so? Sir. Also, ich mach's mit Absicht, ja, aber es sollte lustig sein. Entschuldige, dass du es nicht lustig fandest. Zeig Bo OBS, dann kommen die Subs von alleine. Bitte. Ach so. Unter meiner Würde. Zeig Boobs. Lol. Kobarara, danke dir für den Sub. Appreciated. So ein Schnapper gemacht, 90er Blades für 10 Mio. Ich glaube, da hatte Wende 0 zu wenig. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also His Jojo ist von fast 100 Mio auf literally unter 50 gesunken. Innerhalb von 12 Stunden oder so. Also die Preise sinken extrem schnell. Teilweise. Ich meine, gut, His Jojo ist vielleicht nicht... His Jojo ist jetzt nicht unbedingt das Maß aller Dinge... zugegebenermaßen. Aber in meinem spezifischen Fall kann ich sagen, habe ich gemerkt, dass das ja sehr schnell gehen kann mit dem Preisverfall. Also wirklich extrem schnell. Geistesgestört schnell. Ich will doch nur leveln. Tja. Oh. Okay, ich danke für den Support, by the way. Jetzt muss ich mal kurz rechnen. Ist witzig, wie die Level Reach trotzdem Lag eingelöst werden. Einfach nur frech. Wie gesagt, es gibt Leute, die sind von dem Lags gefühlt überhaupt nicht betroffen. Also nicht nur gefühlt, es ist so. Das ist... Es grenzt wirklich an Unverschämtheit.
Also die Uhr sagt, 11 Stunden, 4 Minuten muss ich adden. Damn, ist actually pretty viel. Also nur durch Subs. Rest müsste ich nochmal abchecken. Un momento, por favor. Ich muss das kurz suchen. Wo ist es? Hier. 11 Stunden 4. Lass die Let's Plays wieder laufen. Lustig zu sehen, wie Nobi du da noch warst. Ja, ich denke auch, die Let's Plays machen am meisten Sinn, ehrlich gesagt. Danke für den Sub, Limited Owl. Ich finde eigentlich auch die Let's Plays. Ich meine, die Fly of Universe Videos, Fly of Universe, das waren die letzten 3 Jahre. Ich meine, die meisten Videos davon kennt ihr eigentlich. Außerdem ist das ziemlich random, muss man sagen. Also, Fly of Universe Videos haben ja keine so wirkliche Timeline. Die sind ziemlich random. Also ich will mir jetzt nicht selber dissen quasi. Und Hupe. Warum gehen 10, aber keine 50? Wie dumm. 50, so? Ich kenne nicht 1 Knack. Ja, es liegt vielleicht daran, dass du das Spiel nicht spielst, Sir. Aber hey, was weiß ich. 13 Stunden 16. Live PC Let's Plays? I don't know. Ja, aber es sind Oldschool Live AP Let's Plays. Muss mich beeilen, der Timer darf nicht 0 erreichen. Auch wenn es nicht wirklich der richtige Timer ist. Egal, darf nicht 0 erreichen. Fand deine Stimme etwas creepy? Na, die war halt einfach anders. Nope. Jetzt. Okay. Kannst du Timer nicht automatisieren? Ich hab's probiert, ich habe um Hilfe gebeten beim Support, die haben literally gesagt, ich kann dir die Nachricht zeigen. Ich denke mir das wirklich nicht aus, das ist geistesgestört. Also ich habe 2 Timer probiert, die gehen beide nicht. Und bei dem einen habe ich den Support kontaktiert und die sagen mir literally, ja, sie verstehen auch nicht, warum es geht. Warum es nicht geht. Sie müssen jetzt, die Developer müssen da jetzt ran und müssen das jetzt finden. Yeah. Also, Junge, ich denke mir das nicht aus, Alter. Das ist, ich fühle mich selber komplett verarscht. Und vor allem ist das eine riesige, Plattform. Also, ich glaube, ich fühle mich mehr verarscht als du. Dich. Zieh dir das rein, hier. Roman vom Stream Element Support. Our dev team is on it since it's a bit complex. We don't have an exact timeline yet. We really appreciate your patience while we work on it. Seit 2 Tagen. I closed the ticket for now, but create a follow-up once we get an update from your team. From our team. Also, wenn sich jemand verarscht fühlt, dann ich. Es ist ein fucking Timer. Was kann daran so schwer sein? Also ich fühle mich verarscht, Sir. Aber ich habe jetzt auch kein Problem, keinen Bock, 10 verschiedene Timer auszuprobieren. Aber halt auch Besseres zu tun, sage ich mal. Ne? Also vor allem während der Stream halt läuft. Ich meine, der erste hat nicht funktioniert, das war unlucky. Der zweite verarschen die mich. Und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Also jetzt probiere ich nicht noch einen dritten, weil wenn der auch nicht geht, raste ich gleich komplett aus. Und ich meine, ja, es ist natürlich blöd, dass es nicht automatisch geht, aber ich meine, es kommt aufs Gleiche raus, sag ich mal. Es kommt ja aufs Gleiche raus. Vom Prinzip her. Ja. Aber gut, ich meine, ich sag mal so, ich entwickle mich auch weiter als Mensch und
Habe gesagt, für diesen Stream ändern wir das Prinzip nicht. Aber eure Message ist loud and clear. Ihr wollt, der Timer soll stoppen und ich soll schlafen. Ich wollte das nicht so. Aber die Mehrheit hat wohl gesprochen. Das heißt aber auch, I guess, dass ich mehr greedy sein soll, mehr Subs fordern, aber dafür verringere ich auch ein bisschen die Zeitbelohnungen, I guess. Keine Ahnung. Müssen wir dann noch rausfinden. Wird sich dann im weiteren Verlauf des Streams zeigen. Aber mal schauen. Das heißt, ich gehe jetzt nicht zurück auf FEC. Zeitbelohnung bleibt gleich. Dein Edit-Time vom letzten Schlafstream, 7 Stunden. Okay. Also streame ich dann einfach 10-mal so viel wie alle anderen und krieg nicht mal ein Viertel der Subs. Damn. Warum bin ich nochmal der unbeliebteste Live-Streamer? Irgendwie ergibt das alles keinen Sinn. I don't get it. Aber gut. Also Timer. Moment, ich kann den Timer nicht stoppen. Oh oh. Oh. Nevermind. Hä? Oh, okay. Sonst ist er immer einfach weitergelaufen. Interesting. Das ist das erste Mal, dass es funktioniert. Crazy. Wahrscheinlich endet er jetzt plötzlich auch die Zeit wieder. Aber das dauert nicht. Okay. Aber wie gesagt, beim Flive Let's Play lasse ich mir nicht reinreden. Ihr schaut Oldschool Flive Videos. Wenn es mal laden würde, zumindest. Was für eine Verschwendung meines Talents. Ich kann nichts machen, mein PC laggt. Ich höre nichts, weil mein Video so laut ist. Okay, jetzt geht's wieder. NAFTA. Oh, das war auch laut. Danke dir, Sir. Dankeschön, Sir. Das sind dann nochmal 2 Stunden. Ach so, aber ich habe noch gar nicht geguckt. Warte mal. Das sind nochmal 2 Stunden. Ich wollte noch wegen Kanalpunkten gucken. Wobei ich nicht glaube, dass irgendjemand was eingelöst hat, oder? Ich habe zumindest nichts gesehen. Also ihr könnt auch, während ich nicht da bin, Sachen einlösen, weil dann kann ich nämlich alles auf einmal, wenn ich wieder da bin, einlösen. Auch wenn, hinzufügen meine ich. Auch wenn wenn ihr nicht da seid, meine ich. Nee, ich habe alles hinzugefügt. Also Kanalpunkte gibt es immer noch die Option, auch gratis Zeit hinzuzufügen, sofern ihr über Punkte verfügt. Stream Store. Serverwartung in 4 Minuten. No way. Echt? Schaut euch das an. Und wieder nicht im Discord. Discord, Announcements, Maintenance. Nichts. Ich meine, klar, du bist online, dann siehst du es ja. Also, ja. Ja. Aber trotzdem, also ich meine, warum zum Teufel posten die das nicht? Ich check's nicht. Wenn du jetzt pisst bist, theoretisch, oder du hast Power-Ups laufen, bist pisst, hast Power-Ups laufen, gehst offline, dann kriegst du das nicht mal mit, dass das Serverwartung... Also, gut, spätestens wenn du in den Global-Chat guckst oder so. Aber rein theoretisch wirst du es nicht mitbekommen. Wenn du jetzt gerade was zu essen machst, guckst ab und zu am PC oder so, wer jetzt den Discord inoffiziell im Auge, kriegst du nicht mit, ey. Total bescheuert.
Ah ja, und nochmal ein Shoutout an Turtle Beach, by the way. Es gibt immer noch 2 Headsets zu gewinnen. Auch gratis. Nur für Stream gucken. Oh, es wurde zum ersten Mal was über den Stream Store redeemed. 2 mal 10 Minuten, wenn ich das richtig sehe. Von Alex. Alex richtig am Hasseln. Alex Free-to-Play am Hasseln. Gratis, aber sicherlich nicht umsonst, Sir. True. Order 6F. Haben sich die Server beruhigt? In 4 Minuten beruhigen sie sich, weil dann eine Serverwartung ist wahrscheinlich. Also wahrscheinlich beruhigen sie sich danach. Und MM Square. Schaut, 30 Minuten for free. Okay. Und jetzt muss ich das wieder in den Timer reinprügeln, dieses hässliche Scheißding. Das triggert mich so, ey. Also. Jetzt ist wieder, okay. Also -4. Und plus 2,5 Stunden. Also 15. 42. Hä? Junge, ich musste jedes Mal, wenn ich den Timer manuell Wieso funktioniert das jetzt so gut? Wisst ihr, wie beschissen das war? Ich musste auf der Website der dämlichen, muss nur kurz gucken, dass ich nichts leake. Ich musste auf dieser beschissenen Website hier das einstellen. Timer, Reset, bla 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 bla. Dann musste ich quasi Stopp, Reset, Zeit, Start. Dann muss ich in OBS gehen, Cache der Seite von dem Browser-Ding aktualisieren. Wieder auf die Website, nochmal auf Stopp, nochmal Reset, nochmal Start und dann ging's. Und jetzt ist legit Start, Stopp, Start, Stopp. Jetzt geht's einfach. Oh fuck. Nach 2 Tagen plötzlich funktioniert's. Was für eine Verarsche. Oh, hoppla, falsche Taste. Ja. Das will mal einer verstehen. Das war halt übelst der Abfuck die ganze Zeit. Weil ich immer vergessen habe, in welcher Reihenfolge und so ein Scheiß. Und jetzt ist es einfach klick, klick, fertig. Kann man der Guild noch beitreten beim FEC? Also ich habe so eine Art Aufnahmestopp verhängt, weil es einfach bescheuert ist mit Clockwalks. Weil man halt 2 Chars dafür braucht. Deswegen ist gerade schwierig. Also nicht direkt voll, aber eigentlich schon. Gerade leider, sorry. Genau. Und geht es mit dem Streamstore auch über den Sabaton hinaus? Nee. Also bei der Sabaton vorbei ist, entferne ich das wieder mit 10 Minuten. Oder meinst du das Giveaway? Also das Giveaway ist nur für den Sabaton. Turtle Beach Giveaway ist nur für den Sabaton. Ausrufezeichen Store. Und das Punktesammeln dafür. Nee, das Punktesammeln ist immer aktiv. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Es gibt so viele Leute, die so viele Punkte haben und es dreimal wurde erst redeemed. Ich meine, ja, die Punkte sind nicht so leicht zu bekommen, ist mir schon klar, aber es ist Serverwartung. Ja, hoffentlich geht's danach wieder. Freu dich. Es hat es 1 Stunde lang geleckt. Freu dich. Nach der letzten Serverwartung hat es dann super funktioniert für eine Weile. Freu dich. Wo stand das? War gerade mitten in der AOE. Hä, das stand nur in-game. Das stand nur in-game. Das stand nicht mal auf dem Discord. Da hast du aber echt geschlafen, Gurkenschlinker.
Du redest von den Twitch-Punkten? Yeah. We can't keep good latency. We are going to shut down Flive Universe forever and never start back again because it's too risky for us. Thank you for your patience. Bye. Junge, Alter. Wurde in-game gesagt, wie lange? Wahrscheinlich nicht, so sagen die doch nie. Diese Copy-Paste-Messages sind actually funny, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich müde bin. Ja, aber ich glaube, eine Pause tut mir ganz gut, weil ich hatte jetzt echt keinen Bock mehr. Der Lichtblick ist... Oh, das bin nicht ich, by the way. Das ist nicht live. Das ist live. Da habe ich gelegen. In Finsternis. In Rückenschmerzen. Da habe ich gelegen. And it hurt, man. It fucking hurt, man. Keine Ahnung, wie ich nicht auf die Idee gekommen bin mit der fucking Liege. Gartenliege. Das war echt dämlich. Naja, auf jeden Fall dann Run It Back. Wir haben aufgehört, falls irgendjemand da war. Folge 29, 5 Minuten waren wir. Und ich muss nur noch kurz double checken. Ich finde YouTube so. Es hat tatsächlich funktioniert, ne? Ich hatte mal Angst, dass YouTube irgendwann aufhört. Weil YouTube hat so ein Ding wie Netflix quasi. Achso, Timer dann wieder stoppen, genau. Wenn du zu lange AFK bist, das irgendwann einfach aufhört und die fragen dich dann auch so, bist du noch da? Deswegen muss ich nochmal kurz double checken. Da mal, wo Erst dieser noch die Videos dämliche automatisch Alter neu ist. starten. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao. Okay, passt. Ja, das ist auch wirklich die Hallo und Playlist herzlich funktioniert. Die Playlist muss natürlich funktionieren. Hallo und herzlich willkommen zu... Ich kann euch außerdem trösten mit der Hallo und Stimme, stabile Mikroquali. Ja, es wird schnell besser. Spätestens in Folge 200 wird es viel besser. Das ist Folge 29. Server down? Yes. Ist gerade eigentlich ein schlechter Zeitpunkt, um zu gehen, weil es die ganze Zeit Fragen kommen wegen Server down. Naja, wer es gar nicht erträgt, muss ja nicht zuhören. Der kann ja, ja. Okay, noch 130 Folgen Login. Ja, ich weiß nicht, ob es Folge 200 ist, aber ich habe mir irgendwann ein neues Mikrofon gekauft. Ich weiß aber nicht mehr genau, wann das war. Irgendwann habe ich mir ein neues Mikrofon gekauft, weil das alte so ein Headset-Mikrofon war für 30 €. Aber also spätestens bei Folge 200. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Also, Timer ist jetzt auf Stopp. Wir haben ein neues, da steht sogar Pause dabei. Damn. Okay. Neues Konzept, Timer stoppt beim Pennen. Auf Feedback, Wunsch. Und danke euch vielmals für den Support. Und ja. Dann viel Spaß und hoffentlich gehen die Server gleich wieder. Aber nein. Bis später. Können ein bisschen erfolgreich beendet. Servus. 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 What's poppin', everybody? What is the poppin'? Ich habe auf Continue geklickt und natürlich Continue der Timer wieder nicht. Jetzt. Jetzt musste ich wieder den Cache aktualisieren. Ja, Mitternacht habe ich jetzt nicht ganz geschafft, aber ich habe auch noch geduscht. Ich habe dafür auch schon geduscht und Zähne geputzt. So. Emote Only ist auf. Aus, meine ich.
Hab das LP gerade mega enjoyed. Lol, wisst ihr, was lustig ist? Erstes Mal LP laufen lassen war Folge 29. Zweites Mal ist gleich Folge 58. Das ist doch mal interessant. Kunia. Was geht ab? Was geht ab an euch alle? Muss mich auch ein bisschen entschuldigen übrigens hier. Direkt mal mit ein bisschen Retalk starten. Ich war ganz schön mad am Ende von der zweiten Session. Hat man, glaube ich, leicht gemerkt. Ja, sorry, ich war echt ein bisschen grumpy am Ende. Ja. Macht man jetzt halt auch nicht alle Tage. Also ich habe quasi 3 24er in a row gepullt. Also sorry. Ich weiß nicht mehr genau, was ich überhaupt gesagt habe, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich überhaupt alles gesagt habe. Ich war auf jeden Fall ziemlich pissed auf den Jester. So viel weiß ich noch. Jester-Gameplay hat mich am Ende ziemlich abgefuckt. Und, ja. It is what it is, man. It is what it is. Hast nur Gutes gesagt. Das bezweifle ich zwar, aber okay. Auf jeden Fall hat das Schlafen jetzt echt gut getan. Also vor allem, dass es in einem Bett war und nicht auf dem Boden. Da schon gerade Oldschool-Vibes mit altem Mic und Jugendstimme. Ja, also es müsste irgendwann besser werden mit dem Mikrofon, aber auch mit meiner Stimme auch irgendwann, I guess. Wobei das mit der Stimme liegt hauptsächlich an dem Mikrofon. Also eigentlich hat sich meine Stimme in den letzten 15 Jahren nicht wirklich groß geändert. Es ist eher die Qualität der Mikrofone, die besser geworden ist. Die Stimme war eigentlich fast immer die gleiche. Ja, leider, ich bin sowieso noch auf Burudeng, deswegen wäre es Schwachsinn, jetzt nicht direkt weitermachen mit den Dailies. Abgesehen von Waxdot hat es schon geschrieben. Wie sieht es mit den Lags überhaupt aus? Waxdot hat es schon geschrieben. Ich habe mich noch nicht in der App eingeloggt, das ist mir auch eingefallen. Aber das Geile ist, es ist ja erst 23 Uhr Serverzeit auf FWC. Das heißt, das kann ich jetzt noch machen. Also wer sich heute noch nicht in der Smartphone-App, Android-App eingeloggt hat für das Android Attendance Event, macht's noch. Ihr habt noch 56 Minuten Zeit. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es noch nicht gemacht. Vielleicht täusche ich mich auch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es noch nicht gemacht habe heute. Habe ich auch nicht. Gibt zwar nur 3 Vitaldring und Refresher Holz, die bringen mir eigentlich nicht mehr wirklich was, aber ist ja egal. Weil, es geht für mich persönlich hauptsächlich um die 2 Amplis, die noch kommen. Gibt noch 2 Amplis. Und, das Piocco. Oh, Cam ist eingefroren. Die hat nur auf mich gewartet, die Sau. Die Blöde. Ja, also Android Attendance Event. Denkt's dran. Tag 3 ist quasi. Morgen ist auch huge. Nach 1 Uhr. Also jetzt quasi, wie gesagt, in 55 Minuten. Dann gibt es 2-mal Attendance-Coupon. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. So, jetzt muss ich erstmal die Accounts, die ich gerade disconnected habe, wieder einloggen. Schwierig, Jevo. Ich wollte das eigentlich alles danach machen. Wenn es dir nicht zu viele Umstände macht, Sir. Wenn uns 2x8 Hypo-Hype. Was? Was ist Hypo-Hype? Achso, holst dir auf einen Chance-Coupons. Oh. Ja, ist eigentlich geil. Ist das Android Attendance Event auf Level 1 schon verfügbar? Na, das wäre gar nicht so dumm gewesen, weil kriegt dann Amplis, ne?
Wenn du auf einen 8 schaffst, eine Smelting Scrollbox bekommst, sind es 800 F-Coins. Was ist mit dem Schlafrhythmus jetzt eigentlich? Ja. Alter, ich bin gerade also aufgestanden bin ich um ungefähr 0:35 Uhr, also vor einer halben Stunde. Wie gesagt, dann noch duschen, Zähne putzen. Also so etwas wie ein Schlafrhythmus existiert gerade nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Ich meine, ich hatte vorher schon keinen richtig guten. Aber jetzt ist Feierabend. Jetzt ist gerade Feierabend. Die wöchentliche Dusche. Na, es war 2 Tage, also das geht schon noch. Aber ich habe schon etwas gemieft. Also ich habe es wirklich gerochen, dass ich duschen muss. Ich habe es einfach gerochen. Also ich habe zwar eigentlich zwischendurch hier Klamotten gewechselt und Deo und ein bisschen gewaschen, so, was schon so Wäsche mäßig. Aber das hat wohl nicht viel gebracht. Ja, also wenn man sich nicht mal 10 Minuten duschen kann. Also ich bin zwar selber süchtig und zocke arsch viel, aber ich meine, wenn man nicht mal 10 Minuten kurz duschen kann, dann... Also man muss es ja auch nicht komplett übertreiben, ne? Also vor allem alle 2 Tage. Ich meine, du musst ja nicht jeden Tag duschen, aber zumindest so, dass es halbwegs menschlich ist. Also jeden Tag duschen soll angeblich eh nicht so gesund sein. Letztens erst wieder gelesen. Für die Haut zumindest soll es gar nicht so gut sein. Aber ja, whatever. Was weiß ich. Was gab Nafta? Wie geht's, wie steht's? Das heißt jetzt erstmal Tower Dailies und dann habe ich auch mal wieder seit über 24 Stunden nichts gegessen. Das heißt, es schreit förmlich nach der zweiten Lasagne. Zumindest nicht mit Shampoo. Yeah, das Shampoo ist das Problem, korrekt. Gerade wollte ich pennen gehen. Ja, also ich bin jetzt wahrscheinlich mindestens 15 Stunden am Start. So. Ah ja, ich muss noch dann mal abchecken, was alles passiert ist, wenn ich nicht da war. Wie lange würdest du empfehlen, bei Klarfahren zu leveln? Also bis zu welchem Level und wo dann als nächstes leveln? Also die meisten Leute leveln bei Klarfahren so lange, bis sie outleveln. Weil Klarfahren so ein unfassbar guter Spawn ist und die meisten Leute keine Lust auf die Wüste haben. Also was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du bei den normalen Klarfahrs levelst, die sind 103, ne? Könntest du dort leveln, bis du Level Up auf 104 hast. Theoretisch könntest du wahrscheinlich sogar 105 machen, weil wenn du nur ein Level über den Monstern bist, kriegst du nur 10% weniger Erfahrung. 10% weniger ist nicht so schlimm, theoretisch. Also wenn du in der Wüste struggles, ist immer noch besser, du bleibst ja Klarfahren, selbst mit 10% Penalty quasi. Aber ja. Also ich glaube, du checkst schon, was ich meine. Also I guess bis 104 normale Klarfahren, falls du es aushältst, da ist ja die Hölle auf Erden los, so sagen ja alle. Bis 104 Klarfahren kannst du machen, dann alle Quest-Items aus der Wüste sammeln. Dann noch ein bisschen bei Popcrank chillen. Und dann halt so mit 106, 107 spätestens nach Asria. Also die meisten Leute wollen so mit 107 spätestens zum Medomet, die sind 117 plus. Also Small Medomet ist 117. Also ich finde 10 Level Differenz ist Wahnsinn, trotzdem. Die geben zwar gute XP, aber dein Damage ist halt... Also, ja. Ich meine, die Leute hassen einfach die Wüste. Medomet geben gute XP, das kann man nicht leugnen. Trotzdem zu 10 Level höheren zu gehen, finde ich nach wie vor irgendwie unklug. Habe das Video letztens erst gemacht mit der 45% Damage Penalty, was ja schon echt viel ist. Aber ja, muss jeder selber wissen. Ich glaube, im Vordergrund steht trotzdem der Wüstenhass. Ich glaube, das mit der Medomet XP ist auch nur so eine Ausrede. Für manche, zumindest. Aber es hängt natürlich auch immer alles vom Equipment ab und so. Pauschal ist immer schwierig zu sagen.
Weil ja jeder einfach ein anderes Equipment und so hat. Und von den Klassen hängt es auch ab. Muss ich für das Attendance-Event nur einloggen? Nee, du musst dich in der App einloggen. Dann auf Events gehen. Unten links ist ein Pfeil bei der Android-App. Da ist so ein kleiner Pfeil nach oben. So ein schräger Pfeil nach oben. Das ist quasi das Menü. Dann auf Events. Und dann hast du die ganzen Events. Leider sehr viele, sehr unübersichtlich. Aber dann gibt es einen Android Attendance. Das ist das Wichtige. Da musst du drauf. Und dann unten rechts auf Abholen. Falls du keinen Abholen-Button siehst, musst du dein Handy auf Quermodus machen. Also Bildschirm drehen quasi. Und dann musst du aktiv auf Abholen drücken. Erst dann hast du es gemacht. Und das geht halt 7 Tage. Aber ich glaube, das geht tatsächlich nur bis zum 1. Mai. Bin mir nicht sicher, muss nochmal nachschauen. Ich glaube, das geht tatsächlich echt nur die 7... Also, es ging 14 Tage. Ich glaube, es geht bis zum 1. Mai. Aber es hat halt schon am 17. April angefangen, leider. Deswegen musste man es wirklich jeden Tag vom FEC machen. Oder einen Tag konnte man, glaube ich, verpassen, aber man muss es wirklich jeden Tag machen, sonst kriegt man nicht alle Belohnungen. Ja. Wobei theoretisch nur die ersten 6 Belohnungen sind wirklich wichtig. Amplis, Upcut-Stones, Eier und so ein Scheiß. Das Pyoko brauchen ja nur die Geringverdiener wie ich. Das Pyoko ist nur geil. 15 Tage Pyoko. Ist halt für Free-to-Play-Spieler cool. Premium-Fluggerät für 2 Wochen. Muss man sich nichts kaufen. Kann man sich noch... Ich habe jetzt auch rausgesetzt... Ich bin noch müde. Ich brauche noch ein bisschen. Ich habe es auch rausgezögert, die 3 Mio-Boards zu kaufen. Danke für den Follow. Ich habe es rausgezögert, die 3 Mio-Boards zu kaufen. Für 2 Chars und dann trotzdem 6 Mille. Ich laufe jetzt einfach meistens mit Quickstep auf Max und so. Ist gar nicht so schlimm, so viel zu laufen. Wenn man Quickstep Max hat, dann ist es nicht mehr so schlimm. Und dann, ja. Ich sehe wieder normal noch quer den Abholen-Button. Quer ist der so 10% aus dem Bildschirm, dass man ihn gerade usen kann. Super App. Also ich sehe ihn sogar im Hochformat, aber auch nur so zu 10%. Also unten rechts, du siehst halt, da ist irgendwas Grünes und dann... es geht, aber... Keine Ahnung, warum sich das nicht automatisch an deine Bildschirmgröße anpasst, das Fenster ist etwas merkwürdig, ja. Keine Ahnung. Nicht ganz ausgereift. Bist du gerade aufgestanden? Ja, vor 40 Minuten. Bin noch etwas, wie sagt man, schlaftrunken. Bin noch nicht richtig wach. Bin noch nicht ganz wach. So. Ja, jetzt fange ich direkt mit Dailies an. Weil ich eh noch eingeloggt war. Ich habe mich gar nicht ausgeloggt auf Borodeng. So ein bisschen reinkommen. Vorteil ist halt dann ist FEC only durchgehend. Ist ja auch cooler. Hab selber keinen Bock. Vor allem jetzt gerade leckt es ja auch angeblich nicht. Also kann man dann hoffentlich die ganze Nacht wieder genießen. Nachts läuft es ja anscheinend wirklich besser. Letzte Nacht war ja eigentlich kein einziges Mal. Also zumindest kein 3000er Ping. Also kleine Lag-Spikes gibt es ja immer mal wieder, sag ich mal. Also 3000er Ping mäßig, das ist ja echt irgendwie immer nur tagsüber. Nachts ist irgendwie nie was. Also zumindest nichts so Schlimmes. An der kurzen Serverwartung habe ich für 2 Stunden 60er Ping. Oh, aber jetzt nicht, oder was? Ach ja, wie war die Serverwartung? Wie lange hat die gedauert? Was genau? JG? Auch ein Feature entdeckt. Während der M saugt, kriegt er Full Active XP. Echt? Weird. Ich traue mich nicht mit dem M zu saugen, weil ich muss ihn ja vor Agros beschützen. Also die Catcher, die ich farme, sind ja eigentlich immer mitten in den Monstern. Weil ich mache die ja nur nebenbei. Und ich sehe schon kommen, der saugt dann, ich gucke nicht hin, kommt ein Agro und One- oder Two-Shottet ihn. Das ist mir das Risiko nicht so ganz wert. Weil wenn ich das dann nicht sehe, mit dieser Toten, dann... Schwierig. Kann ich machen, Sub-G. Wenn ich online bin, Sir.
1500 F-Coins, 90 Mio für eine Angel Big Axe. Meinst du, lohnt sich vom Sparkling Sword das Upgrade? Ja, wenn du 90 bist, brauchst du auf jeden Fall die Angel Big Axe. Safe. Dann das Teil direkt plus 5 knüppeln oder mindestens plus 4. Plus 4 ist ja 100%. Plus 4 ist ohne S-Pro Glow möglich. Ich habe jetzt auch erstmal nur plus 4 gemacht. Mein His-Yo-Yo ist plus 4 mit Wind plus 4. Das ist die Broke-Ass-Combo. Das ist deswegen die Broke-Ass-Combo, weil du keine Products kaufen musst. Materialien selbst gefarmt, Power Dice selbst gefarmt. Zack. Das ist die Broke-Ass-Combo. Plus 4 plus 4. Brauchst du natürlich nicht, du brauchst nur Element plus 1. Du Glücklicher. Aber ja, du brauchst nur Element plus 1. Das heißt, dafür, dass du dir beim Element ein bisschen Geld sparst, kannst du die X plus 5 oder 6 machen. Falls du auch so broke bist wie ich. Was wahrscheinlich niemand ist. Ich glaube, ich bin der Einzige, der so broke ist. Woher His-Yo-Yo? Bro, ey, redet bitte nie wieder über His-Yo-Yo. Ich sehe es schon kommen, wenn ich jetzt hier nach His-Yo-Yo suchen würde, würde ich es wahrscheinlich für 20 Mio kriegen, ey. Just don't talk about it. Don't talk about the His-Yo-Yo. AGs sind auch schon bei 30, 40. Fuck my life. Aber ich hab's ja gesagt. Ich hab's ja gestern schon gesagt. Ich wusste ja, dass es passiert. Habe ich ja gesagt. Aber hey. Caesar und ich haben einen Deal gemacht mit dem His-Yo-Yo. Waren da wohl beide geistig nicht so auf der Höhe. Jetzt hat er einen kleinen finanziellen Schaden. Ich habe einen kleinen finanziellen Schaden. Passiert. Ich meine, er hat einen großen finanziellen Schaden, weil er kommt erst in 15 Stunden online. Ich bin jetzt schon wieder online. Also für ihn ist es noch schlimmer als für mich. Aber so leiden wir wenigstens gemeinsam. Passiert. Wie macht man ein Element auf seiner Waffe? Benke. Du brauchst Materialien. Für jedes Element andere Combo. Sau bescheuert. Du brauchst immer 2. Für Wind brauchst du zum Beispiel Mineral und Krasik. Nee. Für Wind brauchst du... warte. Ich hab's noch offen, oder? Nee. Verdammt. Nee, du brauchst Eron und Krasik, glaube ich, für Wind. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall für jedes Element brauchst du eine andere Combo. Und, dann halt noch Karten. Hätte er es nicht verkauft, wäre er jetzt bei einem Mio beim NPC. Ja, aber ich hätte auch 30 weniger zahlen können. Ich sag ja, wir haben beide verkackt. Also ich hätte es günstiger kriegen können, wenn ich einfach nur noch ein paar Stunden gewartet hätte oder halt einfach schlafen gegangen wäre. So wie jetzt halt. Jetzt hätte ich es für einen halben Preis bekommen. Und er hätte es halt irgendwie auf Krampf noch versuchen müssen, schnell zu verkaufen, bevor off ist. Er hat es ja legit gedroppt, eine halbe Stunde bevor offline ist. Er hätte es halt einfach an den Erstbesten verkaufen müssen, sozusagen. Was er halt nicht gemacht hat. Also haben wir beide verkackt. Eine gute alte Double verkackt Nation. Gute alte Double verkackt Nation. Also Benke, welches Element willst du denn auf die Waffe drauf machen? Dann kann man dir ja sagen, welche Materialien du brauchst. Falls es daran scheitert. Was braucht man für Wasser? Ich habe das nämlich hier in meiner Excel-Tabelle. Für Wasser brauchst du Krasek und Guru. Krasek und Guru für Wasser. Ich kann euch auch die genaue Menge sagen für jede Stufe. Richtiger Nerd. Richtiger Nerd. Ich habe sogar die Penya-Kosten hier. Aber die Penya-Kosten, das ist das Einzige, was halbwegs ja,
günstig ist. Also die Materialien sind 10-mal so viel wert wie das Penya, was es kostet zum Upgraden. So. Voll crazy, gell? Meine Chars haben einfach keinen Disconnect gehabt auf Borodeng. Nicht einen einzigen Disconnect. War einfach einen halben Tag AFK. So. Krasek bekommt man nur von den Einsaugmonstern, oder? Ja, und ob sich Elemente erst ab 60 plus lohnt? Ja, eigentlich schon. Ja, selbst ab 60 ist schwierig, weil du wechselst halt so oft die Monster und es kostet ja jedes Mal 1 Million das Entfernen. Die Materialien, die kosten ja auch tatsächlich ziemlich viel. Also zumindest wenn du Element plus 1 würde ich sagen, okay, das ist noch eher okay. Aber wenn du jedes Mal plus 4 machen willst, mindestens, also ich würde sagen 4 ist so das Minimum auf FEC, weil du das ja komplett ultra easy schaffst, auch ohne S-Project und so. Aber ja, ich meine, es geht halt schon ins Gate, vor allem wenn du halt kein Geld hast. Also für mich ist es jetzt schon ein bisschen besser mittlerweile, weil ich bin jetzt Level 80. Da hat man, sag ich mal, ein bisschen mehr Geld halt, aber also ich meine, ich habe kein Geld, aber so mit Level 50 oder 60, wo du legit 1 Mio die Stunde verdienst, gefühlt durch NPC-Drops, das ist halt schon ein bisschen crazy, so viel Geld dann dafür auszugeben, bei jedem Monster das Element zu changen. Also du musst auch immer zurück in die Stadt gehen, kostet alles Zeit. Also ja, ich würde sagen, das ist am Anfang ein bisschen schwierig. Geht schon gut ins Gate. Leider. Ups. Poison Arrow auf dem CW-Bau ist kacke, oder? Zum Giegen ist Poison Arrow gut. Low-Level Giants bis so Level 100 vielleicht. Ich glaube, ab Level 100 verliert er seine Relevanz, weil die Giants dann zu viel HP haben und dann nur noch so, keine Ahnung. Wobei, es kommt auf dein Equipment an. Also Poison Arrow ist echt ein starker Skill im Low-Level. Also im Endgame ist er richtig trash, das weiß ich. Also bei Kriton würde ich ihn jetzt nicht einsetzen. Aber der ist actually stark. Macht man das mit seinen Elementkarten? Yes, beim Schmied. Muss nicht zwingend zum Schmied, du kannst es einfach in deinem Inventar machen. Du brauchst da die Materialienbänke, die Karten mit 1 bis 5 halt. Die 6 bis 10er steht da dabei, ist ja für 6 bis 10. Du brauchst die Karten, Doppelklick auf die Karte, Klick auf deine Waffe, die du upgraden willst. Und dann geht es auch ohne den Schmied, das kannst du überall machen. Sofern du halt genug Penya hast. Das kostet minimal Penya, ganz wenig nur, aber es kostet Penya. Und du musst die Materialien haben, Penya und die Karten. Das war's. Das war's tatsächlich. Weil du hast 100% bis plus 4. Und danach brauchst du S-Products. Dann ist es... Oh, ich habe den Fuchs noch draußen, lol. Ja. Ich hatte nicht gecheckt, wo das 10. Item ist. Also ich kann es später mal demonstrieren, weil ich safe das Element auch bald wieder wechseln muss, aber ich denke mal, das ist nicht so schwer zu verstehen eigentlich, wenn man es einmal gereiht hat, dann ist es eigentlich easy. Es gab Nick und Tornado. Kommt auch auf die Klasse an, oder? Mit Blade, Blitz, Fische, Greenbone Carrier, Hopper, Skipper ist auch schon Mega-Wurf. I don't know, kann jeder machen, wie er will, würde ich sagen, oder? Also ja, ich meine, natürlich ist es cool, wenn mehrere Monster hintereinander Wasser sind. Klar.
Wenn mehrere Monster hintereinander Wasser sind, klar, kann man das natürlich nutzen. Das ist klar. Danke für den Follow. Bugfish 421. Wie kann es sein, dass der Hisnackel die teuerste Waffe ist? Das frage ich mich auch, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Höre ich zum ersten Mal. Das weiß ich nicht. Tut mir sorry. Ich würde sagen, es ergibt keinen Sinn, aber... Naja. Unter den Hisswaffen. Ja, ich meine, das check ich schon. Dass er nicht teurer ist als ein Bloody Knuckle, ist mir schon klar. Soweit. So wach bin ich schon. Hier ist schon wieder... Bullet Energy. Original. Vierter Energy. Lecker. Energy zum Wachwerden, schlechte Idee. Warum? Eigentlich muss ich einfach nur aufstehen, aber irgendwie bin ich gerade zu faul. Irgendwie bin ich gerade zu faul. Bist nur noch müde? Das habe ich gestern auch gemacht und ich war legit 24 Stunden lang nicht eine Minute müde. Also nicht richtig. Freuen Sie sich schon auf den Jester, Sir? Ich habe es vorhin schon gesagt, ich war echt ein bisschen angefressen gestern. Nach dem, also am Ende dann, hat man vielleicht leicht gemerkt. Ja. Ich glaube, ich war einfach übermüdet, to be honest. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin selten 3-mal 24 Stunden in a row wach. Also nicht 72 Stunden in a row, also am Stück, sondern halt mit etwas Schlaf zwischendurch. Mache ich jetzt nicht andauernd. Schlägt doch ein bisschen auf die Psyche, I guess. Also mein Lichtblick ist eigentlich tatsächlich, dass ich ja jetzt, wie bei South Park, jetzt kann ich endlich spielen. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen mein Lichtblick. Plus, ich bin an dem Punkt, wo ich jetzt tatsächlich viel leichter Geld verdiene. Chilu. Dankeschön für den Sub, my man. Appreciate it. Also ich kann jetzt endlich spielen. Was meinst du mit, ich kann jetzt endlich spielen? Das ist eine South Park-Anspielung, kennst du das nicht? Die grinden doch monatelang, um diesen einen Hacker zu besiegen, dann töten sie ihn und dann haben sie halt Monate ihres Lebens nur damit gewastet, hochzuleveln. Und dann sagen sie, und was machen wir jetzt? Jetzt können wir endlich spielen. Das ist arschlustig. Also wenn man die Folge kennt. Das ist eigentlich eine der lustigsten Szenen. Ist die Cam etwas asynchron? Die war noch nie synchron, Sir. Also halt wirklich literally nie und noch nie. Eine der Dinge, die mein PC nicht mehr schafft. Das mit der Cam, das ist schon seit 2 oder 3 Jahren oder so. Das packt er einfach nicht mehr. He's stupid. He's stupid for real. Checkst du? Me with stupid. Und stupid ist mein PC.
Alles Dinge, die man einfach so hinnimmt. Weil man keinen Bock hat, sich einen neuen PC zu kaufen. Die Top 3 auf dem Server wurde gelöscht, wie ich mitgekriegt habe. Ja, ich habe es jetzt hier schon ein paar Mal gelesen irgendwie. Ich habe es noch nicht angesprochen. What happened? Imagine, du verbringst fast 3 Tage in diesem Game. Oder sagen wir 2,5. Sagen wir, du verbringst 2,5 Tage in diesem Game. Gutes Geld können sie refunden, I guess. Aber imagine, du verbringst 2,5 Tage in dem Game. Du gehst literally nicht schlafen, nur um dann gebannt zu werden. Damn, ich wäre... ich wäre echt pissed. Refund? Ja, darf ich jetzt hier nicht groß erklären, was das ist, Misa. Ich werde selber nicht dafür gebannt werden und ich will nicht, dass jemand sagt, ich hab's euch gesagt oder so. Du weißt genau, was ich meine, Sir. Denk mal drüber nach. Was könnte er refunden, Sir? Sir. Aber wie gesagt, ich will das jetzt hier nicht breit treten, sonst kriege ich noch Ärger. Sir. Ich wollte nur darauf hinaus, wenn er jetzt 1000 Euro gecasht hat, you know what I'm saying, man. Sir. Aber die 2,5 Tage sind trotzdem weg. Die 2,5 Tage, die er 24/7 dieses Game gezockt hat, die sind trotzdem weg. Ich auf dem HNR immer einen Refresher heute aktiv. Nö, eigentlich nie. Also sobald du Ultimate Schmuckset hast, brauchst du es nicht mehr, weil dann kriegst du für jedes Mobkill 500 MP. Ab Ultimate Schmuck hast du nie wieder Probleme mit MP. Und davor brauchst du halt eine Mental Necklace plus 7 am besten. Die hilft auch ein bisschen dabei. Ich finde es wäre eine Gilde, um mit meinem Aim reingehen zu können. Ja, leider. Total bescheuert. Leider ja. Also du kannst alleine rein ohne Gilde, aber nicht zu zweit. Das geht nicht. Das sollten die mal schleunigst ändern. Meiner Meinung nach. Wohin sollte man seine Penny investieren, wenn man was über hat? A-Pros. A-Pros. Einfach Premium-Items letztendlich. Irgendein Premium-Item, weil die verlieren meistens keinen Wert. Ja. Premium-Stuff. Würde ich auch mal nach 3 Tagen Lex, wenn ich so viel reinbutter. Ah, dann wirst du erst recht gebannt. So was schwer zu bekommen auf dem FEC als Anfänger wahrscheinlich ja, oder? Ultimate Schmuck oder Mental plus 7? Also Mental plus 7 soll nicht schwer zu bekommen sein. Kostet halt vielleicht ein bisschen was, 5 Mio vielleicht. Aber nö, eigentlich nicht. Soll ich nochmal das Gigglebox Diamond Pad bekommen wegen FEC? Geh einfach in den Cash Shop, also Premium Shop. Und dann gib Giggle ein. G-I-G-G-L und dann kommt sie schon. Giggle. Giggle. Weißt du? Giggle. Wie viele Slots gehen in den Idiot ohne G-Pro? Maximal 2, aber der zweite ist schon minimal riskant.
Maximal 2. Lohnt sich Tower Days auf FEC? Schwer zu sagen. Also ich würde sagen, wenn man sie relativ schnell schafft, eigentlich schon. Weil die Giants haben auch eine erhöhte Chance auf Unique-Waffen. Also wenn du so wie ich bist, so eigentlich keinen wirklichen Bock auf Giant-Hunting, im Tower kriegst du die Giants quasi garantiert. Und sie droppen sogar eher Waffen. Also du musst die Giants nicht suchen, sie kommen automatisch. Es sind immer 2, also sofern du beide schaffst. Also sollst halt, wenn es geht, dann erst reingehen, wenn du beide schaffst am besten. Und dann hast du eine ziemlich hohe Chance auf Unique-Waffen. Also man kann da auch Pech haben leider. Also letzten FEC hatte ich, glaube ich, mal eine Woche am Stück keinen Drop. Aber du kannst ja doch einfach mal 2 in a row droppen oder so. Also die droppen relativ gut. Leider droppen sie halt fast alle AG-Waffen. Der erste droppt Angel, alle anderen droppen AG. Aber AG sind ja eigentlich eh die wichtigsten. Also AG-Stick, wenn du da gratis bekommst. Heftiger Jackpot-Drop. Heftiger Jackpot-Drop. So ein AG-Stick im Tower. Und man hat sehr viele Chancen, weil bis Tower F1, bis Tower F4 droppen AG-Waffen im Tower. Also die Giants. Und das ist schon ziemlich viel. Also, außer du levelst jetzt super schnell. Also ich meine, gut, unsere Top-Leveler hier, die sind schon bei Tower F5, ne? Die sind schon raus aus AG, die droppen gar nichts mehr, außer Set-Teile. Außer 135er Set-Teile. Aber für jetzt uns halbwegs normale Menschen braucht man ein bisschen, bis man mal... Also, hast du auf jeden Fall einige Versuche. 2 Giants pro Tag, für einige Tage wahrscheinlich. By the way, heute ist Kaigas Assault, ne? Vertraue euch dann in ein Erklärvideo, oder? Yes. Eigentlich für fast alles. Es gibt wenige Dinge, über die ich kein Erklärvideo habe. Da gibt's eigentlich nicht viel. Was ist normal, Sir? Leute, die Mikrowellenburger essen? Nein. Diese Menschen sind nicht normal, Sir. Aber Leute, Glück bei CW, 6 grüne Drops. Das hört sich jetzt gut an, aber die Rüstungen zum Beispiel sind ja auch grün. Das ist vollkommen normal, Sir. Das droppe ich auch auf Burudeng. Also, ich will dich nicht fronten, aber CW rechnet man eigentlich immer nur den Schmuck. Also klar, jetzt am Anfang sind auch die Rüstungsteile was wert am FEC, aber CW ist eigentlich immer nur Schmuck. Interessant. Also langfristig. Schmuck und Gowns und Boots. Das sind die seltenen Sachen. Helme und Suits sind ultra unselten. 2 Suits und 3 mal Schmuck plus 1. Schau, 3 mal Schmuck plus 1. Das ist gut. Sir. GZ, Sir. 3 mal Schmuck plus 1 ist gut. Wenn das jetzt einmal Schmuck und 5 mal Rüstung gewesen wäre, ohne Gowns und Boots, dann wäre es nicht so gut gewesen wahrscheinlich. Aber ich kenne die Preise auch nicht. Ja, Rohrenboots. Verkaufe Rohrenboots für 10 KF-Coin. Auf FEC. Gibt es noch den Coupon für FEC? Welchen? Shit. Wie war's, Jax? Wie war was? Coupon codes are in the chat. Das sind alle Coupon codes, von denen ich weiß. Gab aber leider keinen dritten, soweit ich weiß, oder? Gab es noch einen dritten Coupon Code? Bis jetzt noch nicht. Da waren BP ja AOE. Und 1v1 vor der SDR spielt, frage ich mich, wie man eine zweite Stat-Patch mache.
Für Giants vielleicht? Giants? Du könntest eine Combo aus Dex und STA machen. Also Dex, STA, STR für Giants. Schrägstrich Bosse. Also jetzt nicht für Clockworks, aber für Bosse, wo man tatsächlich mit Blocken und so irgendwas erreichen kann. 20 STA oder sowas. Ja, 20 ist halt echt wenig. Ich würde eher 50 machen, Star. Ich meine, später gibt es ja eh HP-Pads. Später HP-Pad. Aber 20 ist sehr wenig. 20 STA ist nichts. Das bringt gar nichts. Muss schon 50 machen. Manche würden vielleicht sogar 100 machen, je nachdem, was sie genau vorhaben. Aber 100 wäre, glaube ich, zu viel wegen HP-Pads. Früher oder später wird es HP-Pads wie Sand am Meer geben. Dann holst du noch ein HP-Pad, 50 STA und dann bist du eigentlich unsterblich bei den meisten Sachen. Wollen gleich das erstmal CW probieren? Ah. Ja, wie viel HP hast du denn? Also musst du auf jeden Fall über 7k haben. Auch bei Easy CW. Also würde ich persönlich sagen. Er macht jetzt vielleicht nicht direkt 7k. Wobei in der Rage Phase sein Damage wird nochmal... Also am Anfang ist es immer so chillig. Aber er hat Rage Phase. Also Clockworks hat eine Rage Phase. Und wenn du jetzt nicht ultra krassen Damage machst, dann hält diese Rage Phase ja auch sehr lange. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Wenn du zu knapp bemisst. Und Rage Phase macht er 3,6k. Nein. Solo vielleicht. Never in easy. Sir. This is bullshit, Sir. Hat er bei dir so gemacht auf RM drin. Easy. Das ergibt keinen Sinn, weil er über 8k macht auf schwer und auf easy hat er nur 20% weniger ATK. Wie kann er dann nur halb so viel Schaden machen? Huh? Doesn't make sense. Also es hängt auch vom Equipment ab. Also wenn du ein höheres Equipment hast, macht er weniger Schaden. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man seinen Schaden verringern kann. Ist aber so gewesen. Naja. Sollte eigentlich nicht so sein. Aber Physik geht doch auf Full STR, oder? Ja, bei CW bringt dir das eh nichts. Also HP, also mehr HP bringt dir schon was, aber also du kannst bei CW zum Beispiel nicht blocken, oder? Also doch schon, aber es ist halt ein Bossmonster und der reduziert halt deine Blockrate. Also außer du bist Ranger, wirst du da halt literally nicht blocken. Also wenn es zum Beispiel 30% Blockrate hat, Giants, Bosse, ja Giants auch, die also gegen die hast du immer eine verringerte Blockrate, also wirst du halt effektiv niemals blocken. Also, ja. Also das Einzige, was dich retten kann, ist mehr HP eigentlich. Weil du wirst nicht blocken. Vor allem nicht als BP. Einzige, der im Low-Level schon ein bisschen was blocken könnte, wäre vielleicht Ranger, aber sonst eher nicht. Ja, und vielleicht Jester mit Perfect Block. Aber, wie gesagt, bei CW einfach genug HP haben, dann ist es vollkommen egal, ob du blockst oder nicht. Einfach genug HP haben. Lieber zu viel als zu wenig. Meine Meinung. Lieber zu viel als zu wenig. Und, ja. Ich meine, es geht ja auch darum, wenn du einmal nicht Full Life bist, wirst du ja auch nicht sofort tot sein. Weil der Kampf wird sich ja strecken. Ich habe schon von mehreren Leuten gehört, dass sie fast eine Stunde gebraucht haben. Da musst du eine Stunde aufpassen, dass du niemals nicht Low Life bist. Also nur einmal verkackt und der Fight ist vorbei. Also je weniger HP du hast, desto stressiger oder ätzender ist es. F-Bau irgendwas wert? Alter, Waxot, wie viel Glück hast du bitte? Ey. Der Typ droppt 2 Comet Suits und einen F-Bau. Ich drop einen Scheißdreck. Ich drop einen feuchten Fliegenschiss. GZ, Sir. Sie verdammter Glückspilz. Ist leider nicht mehr so viel wert, fürchte ich. Aber bestimmt noch so 5 bis 10 Mio, oder? Also unter 10 Mio wahrscheinlich, aber crazy.
Also, ist ein geiler Drop für den Anfang. Sie verdammter Glückspilzer. Dann nichts mehr. Also, es ist echt schwer zu sagen, wann das war, aber ich meine, es hat gestern einer geschrieben, dass er ihn für unter 10 verkauft hat, oder? Oder also, das war genau 10. Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass er weniger wert ist. Keine Ahnung. Das war eigentlich nicht mehr so viel. Und trotzdem mit 50 SDA machen oder passt das? Na, hast du eine 2 Stat-Page, dann mach doch einfach die 50 SDA in die 2 Stat-Page. Du kannst dir alle 15 Minuten wechseln. Geh erstmal Full STR rein, Sir. Geh erstmal Full Damage rein. Und wenn er dann in Rage Phase ist und du merkst, oh, es läuft irgendwie nicht gut oder du fühlst dich unsicher, du hättest gern ein bisschen mehr AP, dann kannst du auf die 50 SDA-Page wechseln. Sir. Mach's doch einfach so. Wenn du eh eine zweite Stat-Page hast. Dann bist du auf der sicheren Seite. Aber, also wie gesagt, er hat eine Rage-Phase. Also am Anfang macht er überhaupt keinen Schaden. Bis zur Rage-Phase. Also da musst du auf jeden Fall auf Damage gehen, sonst ist der Time Waste. Also am Anfang macht er gar nichts, der Clockworks. Die ersten 70% HP. Deswegen heißt es ja Rage-Phase, weil es ja nur eine Phase ist. Die meiste Zeit macht er nichts. Die meiste Zeit macht er nichts, der alte Lumpenjunge. Clockworks, der alte Lumpenjunge. Lumpenboy. Wenn du das Free-to-Play nicht von Anfang an dabei bist, ist das ja ultra nervig. Ja? Ey, Mr. Schmachti? Mich haben gestern noch Leute gefragt, wieso ist der Serverstart so wichtig? Gut, zugegebenermaßen, ich glaube, die meisten Leute haben es gefragt wegen den Lags. Wahrscheinlich waren sie einfach angefressen, weil es so geleckt hat und hatten keinen Bock auf die Lags, zugegebenermaßen. Aber da haben mich die Leute noch gefragt, warum ist das so wichtig mit dem Serverstart? Und jetzt sagst du mir, wenn du nicht von Anfang an als Free-to-Play dabei bist, ist das ja ultra nervig. That's what I'm saying. Deswegen ist der Serverstart so wichtig. That's what I'm saying, man. Deswegen. Also Serverstart ist eigentlich in jedem Spiel die wichtigste Zeit, weil da einfach... Da passiert einfach alles. Also ist ja nicht nur in Flive so, das ist eigentlich in jedem Online-Game so. Serverstart ist immer... Also ist ja nicht schlimm, wenn man keine Zeit hat oder ein echtes Leben hat. Mein Gott, dann hat man halt... Also... Man muss halt Prioritäten setzen, aber... Dass das eben eine wichtige Zeit ist, der Serverstart, ist halt einfach so. It is what it is. Ah, ich habe nur 5 Minuten Buffs, noch zu meinem Low-Level-AM online. Oh, fuck, no, much. Oh. Well. Zum Glück habe ich gefettfingert und den falschen Helm eingeloggt. So, ich bin gleich fertig auf Broding, weil ich dann eigentlich auch noch was essen müsste. Ich will vielleicht heute Abend mal kurz was essen mit meiner Familie, by the way. Also zu Hause. Halbe Stunde maximal. Aber das wäre erst so in 17 Stunden oder so. Hab die seit Tagen nicht mehr gesehen. Seit Tagen nicht mehr gesehen. Literally meinen Bruder gerade das erste Mal seit Donnerstag gesehen. Als ich aufgestanden bin. Und wir wohnen im gleichen Haus. Bruh. Also, was Cruiser Suit wäre, ist auf FEC. Eigentlich nichts mehr. Also ich habe meine für 500k verkauft, weil ja, für 2 Mio wollte sie keiner mehr. Oh, das ist schon sehr lange her.
Also ich hatte 2 Cruiser Suits, ich habe eine neue gekauft, die gestattet war. Die dürfte so gut wie nichts mehr wert sein. Die gibt es wie Sand am Meer, die Cruiser Suit. Generell Cruiser Set-Teile gibt es wie Sand am Meer. Die sind arsch-unselten leider. Also ist trotzdem ein guter Drop, also nicht beim NPC verkaufen, aber leider kein fetter Hauptgewinn mehr. Also fetter Hauptgewinn ist, wenn dann noch Wedge Suit, also gefühlt. Die müsste noch ein bisschen Mehrwert sein, weil Wedge Suit ist wesentlich länger relevant. Oder halt auch, es gibt viel mehr Ringmasters, Akrobaten, weiß ja jeder. Aber ja. Aber es sind wirklich nur die Suits, also alle anderen Set-Teile sind wirklich geistesgestört wenig wert. Also die kannst du schon beim NPC verkaufen. Hab seit 20 Stunden nicht gelevelt wegen Arbeit und einfach 0 Chance auf Levelbelohnung. Mr. Schmachti, bevor ich jetzt zum zweiten Mal pennen gegangen bin seit dem Serverstart, habe ich 50 Stunden, von 50 Stunden Serverstart, habe ich 43 Stunden gespielt, ne? Was ich jetzt mal behaupten würde, nicht wenig ist. Und ich bin einfach, ich war nie wieder in der Nähe von einer Level Reach Belohnung seit Level 40. Obwohl ich von 50 Stunden 43 gespielt habe. Na gut, vielleicht nicht ganz, wenn du noch Budenk-Dailies abziehst und so, waren es vielleicht nur 41. Und Pausen und so. Und Lags. Aber ja, es ist keine Chance. Also das Free-to-Play kann man ein paar mitnehmen vielleicht. Wenn man Glück hat, vielleicht noch ein paar mehr. Aber spätestens ab der 100er kriegst du ganz sicher nichts mehr. Eigentlich vor 2 Tagen 59 Palia. Ja, das ist ein anderer Server. Ich bin 81, so. Falls du eine Besiebung mit Flame Arrow findest, sag gern Bescheid. Hatte ich JG, aber du warst nicht da. Ich habe einen 9 gedroppt gehabt für Level 80. Aber du warst nicht da, dann wollte ich ihn eigentlich Tornado verkaufen. Aber er war dann irgendwie auch nicht mehr da. Aber ich habe ihn mittlerweile verkauft. Wieder für 500k. Er hatte auch 11% tatsächlich. Wieder 11%. Aber ich halte die auch in... Also Bögen sind das Einzige, was ich mir noch angucke. Sonst ist es eigentlich irrelevant, glaube ich. Das Einzige, was ich mir noch angucke, sind Bögen. Ob da Flame Arrow drauf ist. Das sind die einzigen NPC-Waffen, die noch irgendwie halbwegs relevant sein könnten. Dann bekommst du direkt Prime, wenn du sagst, ich liebe Fliff. Ich liebe Fliff. Hater. Dass er mich das sagen lässt. Dieser dreckige Dan. Redra Mehrwert als Hiss. Redra ist dort 70, Hiss 50. Was? What the fuck? Redras Sword ist 70 Mio wert? Ey, yo. Ey, yo. Wer macht mit mir Clockworks? What? Say what? What? Oh, fuck. Gibt aktuell nur 1 zum Verkaufen, ja, 70 Mio. What? Das ist ja geistesgestört. Das hat bis jetzt noch keiner gesagt, dass Dredrasort so arsch viel wert ist. Das habe ich zum ersten Mal gehört. Bis vorgehst du das deinem AOE-Style-Video noch valide? Klar. Alle Clockworks-Sets sind gut für AOE, also für AOE Face Tank. Best in Slot. Also was Tankiness angeht. Nicht was Damage angeht. Für Damage sind sie nicht best in Slot, aber was Tankiness angeht, sind sie best in Slot. Und bei Face Tank wollen die meisten ja erstmal überleben und dann vielleicht über Damage reden. Das muss auch jeder selber wissen. Also entweder du nimmst Forgil oder Rochelle. Rochelle wäre Damage und Forgil ist Tank. Also mehr Tanky ist Forgil und Rochelle ist Damage.
Es gab Dynamite. Gibt es für den Blade ein gutes Set oder Axt, was man haben sollte? Comet bis 90. Und Waffen, also die Low-Budget-Combo für 60 ist Crit-In-Axe als Fake-G-Axe. Und Sparkling Sword als Fake-Dredra-Sword. Crit-In-Axe und Sparkling Sword, die sind ultra unselten, die kriegst du für 100k each. Und sind, wie gesagt, das ist einfach die Fake-Combo, die Fake-gute Waffen-Combo. Und, ja. Und falls du Geld hast, wäre es halt G-Axe und Dredra-Sword theoretisch, würde ich persönlich nehmen. Also ich habe auf meinem Low-Level Mercenary auf Burudeng, habe ja letztens erst einen hochgezogen. Der ist ja noch Blade geworden. Habe ich die gute alte G-Axe Dredra Sword Combo gepullt. Und, na gut, da hatte ich 20er Buffs, fairerweise, aber trotzdem, also auch ohne die 20er Buffs, sehr, sehr gut. Aber man kann auch 2 Dreh dran nehmen, theoretisch. Oder wie gesagt, Crit-In-Axe, Sparkling Sword ist für viele das Einzige, was man sich leisten kann. Und Comet Set ist halt schon wichtig, weil Comet Set gibt Hitrate, Crit-Rate und Attack Speed und du brauchst alles. Alles 3. Und Crit-In-Axe gibt wieder Crit-Rate, Sparkling Sword gibt noch mehr Treffsicherheit. Alles wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Bringt dir ja nichts, wenn du so viel Schaden machst oder die Gegner nicht triffst. Also am Anfang ist Treffsicherheit fast wichtiger als irgendwie Damage. Also vor allem wichtiger als Crit Damage. Oh, gibt eh kein Crit Damage im Low Level, aber... Bestimmt einen Tag vor Start der aktualisierte One v Night Guide rauskam, das Dredra Sword besser als His Sword gelistet. Ich glaube, es hat eher was damit zu tun, dass einfach... Runde Klammer. Thalia. Gute Nacht, Syntax. Guten Morgen. Danke dir für den Sub, my man. Appreciate it. I do appreciate it. Willst du den nächsten Bau, den du mit Flame Arrow Drops per Post checken? Falls ich es verpasse. Yeah. Aber könnte halt erst... Welch selber bist denn du? Die Waffen, die ich droppe, sind jetzt gleich Level 85. Und weiß nicht. Könnte sogar schon fast Level 90er Shit sein. Kann mich nicht mehr dran erinnern. 78, okay. Ja. Sure. Sure thing, buddy. Ah. Haben sich dann Belohnungen verteilt, Sir? Noch nicht, Marks. Leider haben alle das gleiche beantragt, Penya, Sir, und ich bin ja gerade mit dem FEC-Server beschäftigt. Habe ich aber auch gesagt, dass ab dem Serverstart müsst ihr euch dann auf jeden Fall ein bisschen länger gedulden. Uff. The fuck? Das ist schon lange nicht mehr passiert, im Tower gestorben. Mit dem Ranger.
Tower Quest abgeschlossen, dann war Daily Reset und ich konnte die nicht abgeben. Oh. Ja, Tower müsst ihr echt aufpassen. Also Tower macht immer lieber ein bisschen früher, niemals auf den letzten Drücker. Weil die Tower Quests werden euch einfach weggenommen. Bei Dailies ist immer so, das ist Cutthroat, wie man so schön sagt im Englischen. Also wirklich auf die Sekunde genau werden die einfach gelöscht und dann sind sie weg. Das ist mir auf dem FEC auch oft passiert. Da habe ich es auch oft auf den letzten Drücker gemacht. Warum auch immer. Zu greedy auf irgendwas anderes gewesen. Und dann nur noch 2 Tower Dailies geschafft. Statt 4. Aber ich muss sagen, es ist viel erfrischender als die letzten Jahre. Da war immer FEC Serverstart zusammen mit dem Anniversary Event. Ich weiß, habe ich schon 50 Mal gesagt, aber ich sage es nochmal. Aber das ist so viel besser, weil das beides zeitgleich war einfach, es war einfach too much. Anniversary Event Dungeon, Anniversary Weltbosse, zeitgleich neuer Server, Hochleveln, Stress, also das war echt ätzend, muss man sagen. Also tatsächlich finde ich es jetzt so viel besser. Ist zwar blöd, dass sie es deswegen jetzt 3 Wochen früher gemacht haben und man eigentlich mit Mitte Mai gerechnet hatte. Das war das Einzige, was ein bisschen madig war. Aber an für sich ist es schon jetzt so auf jeden Fall besser. Neue Nachricht erhalten. Verdammt nochmal, diese scheiß Anniversary-Belohnungen. Couple Anniversary in dem Fall. Aber das Anniversary nochmal so gut? Wegen den Or Select Boxen, Sir. Or Select Boxen. 100 Or. Und du hattest am Ende vom Event 100 pro Character. Über 100 pro Character. 10.000 Materials for free. Millions and billions in materials for free. Vorgeführt für 12 Mio, ich kann es dir nicht sagen. Blunt Rocks, ich weiß es leider nicht. Von dem CW-Krempel habe ich leider keine Ahnung, sorry. Weiß ich leider nicht. So, das sind die letzten Tower Dailies, dann endlich wieder FWC. Also ich schaue jetzt gleich nochmal ein bisschen in Genshin Impact kurz rein. Kann ich alles schleifen lassen. There are some things I have to do. Oh, das dauert literally nur 2-3 Minuten. Und dann ist wieder FWC für 15 Stunden am Stück. Yes! Hoppla. Danke für den Resub, Jevo. Appreciated. Achso, und dann muss ich nochmal kurz abchecken, was so abgegangen ist, während ich nicht da war. Nicht, dass da jemand 100 Subs rausgehauen hat und ich sehe es nicht. Kappa. Sagst du nicht, du hast keine Lust auf deine FEC, Jester? Das war gestern, Sir. Gestern war ich aber auch ziemlich mad am Ende. Sir. Aufgrund von Übermüdung und so weiter. Also, ja. Jetzt bin ich wieder recharged. Und
sind bereit für eine neue Challenge. So. Was gutes Comments auf FEC-Wert. Bin gerade als 38 Merc. Nee, unter welchen Level sind die Waffen? Achso, du bist erst 38, ja. Also die Waffen, die ich dir genannt habe, sind für Level 57. Es gibt aber davor auch schon Waffen, die interessant sind. Iron of Clockworks zum Beispiel. Oder Flame Sword. Es gibt auch davor ein paar Waffen mit Treffsicherheit, die auch ultra unselten sind. Die droppst du einfach bei normalen Monstern. Level 30, Level 45, sowas. Aber die beiden Waffen, die ich dir genannt habe, sind für 57. Also brauchst du ja Rest ab 57. Also Sparkling Sword mit 57 und ab 60 dann beides. Und ein gutes Combat-Set auf FEC brauchst du nicht. Hol einfach ein cleanes. Also wenn du das Geld hast, kannst du es machen. Und weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was es für Combat-Sets so gibt. Ich denke nicht mehr als 3 Stockel wahrscheinlich für die meisten. Musst du halt gucken, was es gibt. Aber ich frage mich halt, wie du dir das leisten willst. Wenn du ein gutes möchtest. Also Clean reicht eigentlich erstmal. 2 Stockel kannst du selber drauf machen mit Lightning Card 3%. Das ist so Low-Budget-Variante. Habe ich auch. Ich habe auch nur 6% mit 2 Sockeln. Weil dafür braucht man keine G-Product. Und Lightning Card 3 kann man einfach selber droppen schnell. Also geht echt relativ schnell, Lightning Card 3 aufzuheben. Und dann hast du 6% mehr Damage. Also ich würde keinen Geupgradedes kaufen. Das lohnt sich eigentlich nicht. Außer du hast die F-Coins und bist bereit, sie dafür auszugeben. Aber dafür musst du halt safe F-Coins zahlen. Vielleicht nicht sehr viele F-Coins, aber auf jeden Fall ein paar. 500, sagt dir Silverwing. Zum Beispiel. Aber theoretisch kannst du auch ohne Comet Set bis 60 leveln. Wie gesagt, also wenn du Low-Budget Free-to-Play bist, so wie ich, dann levelst du eigentlich mit Skills bis 60 und dann brauchst du es eigentlich nicht. Eigentlich brauchst du es da nicht. Zwingend. Also ab 60 halt, aber davor eigentlich nicht. Könntest du bis 60 sparen und dann gucken, was du bekommst. Was war denn deine Frage? Sag nochmal für Kenji. Ich glaube, ich habe sie nicht gelesen. Welche Socke wäre am besten im Comet? Nur Lightning. Lightning. Jetzt 81 Ranger mit Cruiser Set. Welches ist mein nächstes Set? Asren oder Aren für 90. Das ist aber auch wieder Geschmackssache. Viele sagen, braucht man nicht. Man holt sich mit 95 Tide. Das hörst du sofort den Unterton, weißt du? Ich glaube, ich brauche es nicht erwähnen, welchen Unterton. Aber, ja, Geschmackssache. Also ich hatte jetzt auf 90 vor, weil bei Jester ist es tatsächlich genauso wie bei Ranger. Für 1v1. Also ich wollte auf 90 wechseln mit Jester. Einfach weil mir Cruiser Set so heftig auf die Eier geht. Weil ich so ultra viel Damage bekomme. Es wird zwar mit dem Ras-Ras-Set auch nicht sehr viel besser, aber ich schätze mal, ich werde so 20-30% weniger Schaden bekommen. Das ist mir, allein das ist es mir wert. Ich bin seit Level 70, macht mir jedes Mob, bei dem ich level, einfach 30% Schaden mit einem ganz normalen Auto-Attack. Crit ist 50-60% und sobald ein Argo kommt, bin ich eigentlich fast garantiert tot, wenn ich nicht blocke. Wenn ich zu langsam reagiere oder nicht blocke, bin ich tot, wenn ein Argo kommt. Und das fühlt sich so dermaßen scheiße an, Alter. Allein schon dafür will ich das andere Set haben. Damage-technisch mag es keinen gigantischen Unterschied machen, das ist mir aber wurscht. Ich will einfach nur nicht mehr auf die Fresse bekommen. So. Als Ranger ist ein bisschen besser, weil du noch mehr Blockrate hast, aber... Ja. Soll ich bei meinem Assist jetzt, wo er Level 18 ist, Mantis sein, direkt maxen?
Ich glaube, da scheiden sich die Geister. Ich würde sagen, es kommt drauf an. Kenji. Weil, wenn du mit Skills levelst, dann brauchst du nicht so viele Buffs, egal welche Klasse du spielst. Dann würde ich sagen, definitiv, immer. Also ich würde eigentlich immer sagen, immer. Wenn du jetzt aber mit Auto-Attacks levelst, dann brauchst du mehr Buffs. Also Auto-Attack, egal welche Klasse, brauchst du zwingend Haste, Accuracy und eigentlich auch Cannonball. Wieder dieses Dreiergespann aus Treffsicherheit, Crit-Rate. Ich meine, Crit-Rate ist im Low-Level echt egal eigentlich, aber dieses Dreiergespann aus Crit-Rate, Attack-Speed und Hit-Rate. Und du kannst bis 60 eigentlich nur 4 Buffs maxen. Und ich persönlich bin aber auch großer Fan von Heap-Up im Low-Level, weil ohne Heap-Up Max bist du halt einfach so fragil, dass du auch immer instant stirbst einfach. Sobald was schief geht, bist du instant tot. Auch ultra ätzend, ohne Heap-Up im Low-Level. Ja. Mit Main Mage, ja dann ist easy. Also wenn du Mage bist, immer Mantis sein maxen, dann ist er easy. Als Mage brauchst du eigentlich nur Haste und Mantis sein. Und Heap-Up vielleicht, damit du nicht stirbst. Mage hat's gut, weil die meisten Buffs für Mage eh nutzlos sind. Dann auf jeden Fall Mantis sein maxen. Als Mage, Mantis sein, Haste und Heap-Up. Würde ich sagen, die 3 dann easy going im Low-Level. Und das Schöne an den 3 Skills ist, es sind noch legit die 3 ersten. Also neben Quickstep noch. Patience kann man komplett ignorieren eigentlich. Weil Patience im Low-Level bringt gar nichts. HP-Rate im Low-Level ist nutzlos. Gibt ja nichts, womit HP-Rate da sich irgendwie verrechnen könnte. Deswegen. Was ich auf Mental, Haste und Heap-Up oder okay als nächstes wahrscheinlich Quickstep wegen Hot Air. Korrekt. Yes. Kannst auch sagen, Heap-Up nur halb so hoch. Kannst auch Heap-Up und Quickstep splitten. Dass du sagst, Mantis sein Haste und Heap-Up Quick probierst du zeitgleich hochzuziehen. Oder vielleicht sagst du auch, scheiß auf Heap-Up, ich will Quickstep. Kannst du ein bisschen selber machen. Ich weiß nicht, wie ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe auf Heap-Up damals verzichtet, tatsächlich. Aber dann bist du halt auch fast, ja, ist halt dann immer ein bisschen risky, ne? Muss man halt extrem aufpassen. Aber das musst du bei Hot Air sowieso immer. Das ist der Hit-and-Run-Lifestyle. Einfach nicht treffen lassen, dann stirbst du auch nicht. Und wenn du getroffen wirst, stirbst du meistens. Das ist der Lifestyle. Das ist der Hit-and-Run-Lifestyle. Außer man heißt Ranger, da kann man die irrwitzigsten Situationen überleben. Das war immer so geil, ganz am Anfang, als Life Universe neu war und ich Hit-and-Run-Ranger gespielt habe. Weiß ich noch, bei Kern gab es eine Situation, da hatte ich bestimmt 20 Kern hinter mir. Dann hatte ich irgendwie einen Portbug oder einen Lag oder was auch immer. Oder nee, am Anfang von Life Universe gibt es immer diese Turnarounds. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, es lag einfach am Ranger. Ich glaube, es ist sogar immer noch so. Ich hatte am Anfang immer das Problem, ich habe so Hit and Run gemacht und bin gelaufen. Und dann manchmal hat mein Charakter sich legit einfach umgedreht und ist in die falsche Richtung gelaufen. Also hat literally einfach eine 180-Grad-Drehung gemacht und ist einfach voll auf die Monster zugelaufen, obwohl ich das gar nicht wollte. Und dann bin ich manchmal einfach voll in die AOE reingelaufen, 20, 25 Mobs, Full Decks, kein Tank und hab's einfach überlebt, weil ich alles geblockt habe. Weil ich einfach alles geblockt habe, habe ich es einfach überlebt. Und alle nur Pork, wow, Ranger OP. Ein Elementor würde das nicht überleben. Oder ein Mage. Char wollte Selbstmord begehen, wurde aber nicht gegönnt. Gott, habt ihr viele Fragen, ey. Jesus Christ. Kappa.
Was ist das hier? Frage und Antwort mit Klaus Kleber? Kappa. Ich bin auch überlegen, wie ich es mache. Halbes Level noch, dann bin ich 16 und als WP werde ich ja vom Moonbeam auf 1v1 Auto Attack gehen. Und dann muss mein FS buffen. Wie würdest du das machen? Haste, Accuracy, Cannonball ist klar. Würdest du davor danach Mental Quickstep machen? Meinst du jetzt bei dem BP oder bei dem FS? Na, wie gesagt, also Mental Sign auf Max bedeutet immer, alle anderen Buffs steigen damit mindestens um eine Stufe. In der Regel. Es hört sich nicht wie viel an. Kommt auch drauf an, aber ist schon nicht schlecht. Außerdem ist dein Heal, also deine Buffs halt länger. Dein Heal wird besser. Also es hat halt einfach ein paar positive Effekte. Wie gesagt, man kann drüber streiten vielleicht. Wobei du es ja eh auf Level 4 haben musst. Und dann ist es auch nicht mehr so viel bis Level 20. Ja. Also ich würde eigentlich schon immer Mental Sign Max machen. Außer, wie gesagt, du bist 1v1 und willst unbedingt halt die wichtigen 1v1-Skills haben. Nochmal, Attack Speed, Hitrate, Cannonball für beides. Weil dann reicht es halt nicht. Wenn du auch noch Heap-Up zum Beispiel haben willst, dann reicht es nicht noch für Mental Sign. Aber das macht jetzt alles nicht so einen riesigen Unterschied. Also die 7, 8 Decks mehr oder weniger zum Beispiel, das ist alles nicht so krass eigentlich. Also so heftig merkt man es nicht. Also wirklich wichtig als 1v1 ist Accuracy und Haste. Beef-Up zum Beispiel und so, das ist alles nicht so wichtig. Dass du es jetzt direkt mit dem Assist auf Level 40 alles Max hast. Erstens geht's halt nicht und zweitens macht es auch nicht so einen gewaltigen Unterschied. So. Also ich würde wahrscheinlich, wie gesagt, Mental Sign, Haste, Accuracy und auch dann würde ich es vielleicht splitten. Heap-Up und Cannonball gleichmäßig hoch machen. Beide mal auf 10. Also ich finde es ohne Heap-Up echt ätzend. Halt vor allem ganz am Anfang, vor allem Free-to-Play. Es macht halt einfach weniger Spaß. Sobald ein Agro kommt, bist du eigentlich tot. Macht ja auch keinen Sinn, wenn du 20 Mal stirbst, weil du Heap-Up nur auf Level 4 hast. Beziehungsweise Anfängerhelfer-Buff. Macht ja auch keinen Sinn. Und Quickstep? Ja, du bist ja 1v1 BP, oder? Also ich habe Quickstep mit meinem Jester, mit meinem MS auf 60 gemaxt. Also Quickstep ist ja nur für Hit and Run wichtig. Wenn du 1v1 bist, dann scheiß auf Quickstep. Auch wenn es cool ist, kannst du dann einfach nicht machen. Geht halt nicht. Irgendwo muss man ja Abstriche machen, also man kann nicht alles haben. Quickstep ist eigentlich nur wichtig für Moonbeam Assist vielleicht. Eigentlich auch da nicht so krass, weil Moonbeam Assist kann ja eh nur einmal angreifen und dann hat er eh 3 Sekunden Cooldown. Also ich würde auch sagen, da ist es eigentlich auch nicht so ultra wichtig. Ich dachte, das ist auch wichtig für den Killspeed. Ja, weil du schneller von Mob zu Mob kommst, aber deine Killtime ist eh so trash, dass, also ich hatte es auch nicht. Gut, okay, ich war Fernkämpfer zugegebenermaßen, aber ja. Das ist ein bisschen unfair der Vergleich Akrobat versus Bildposter. Die Range ist natürlich der Unterschied, aber ja. Sollte keinen so gewaltigen Unterschied machen. So. Wie ist es bei meinem Mage? Ich glaube, du hast in deinem Guide damals Lightning Ram, Waterball und Firestrike gemeint. Aber im Hot Air wird er dann nur noch Hot Air. Ja, das eine ist halt die Normie-Version, Sir. Das eine ist die Normie-Version. Das eine ist die Normie-Version. Und das andere ist halt Hot Air, ist halt etwas, das kann und will halt nicht jeder. Müsste ich in dem Hot Air Guide ja auch sagen. Also das ist halt, also Hot Air ist halt schwierig. Das muss man halt erstmal lernen. Oder was heißt lernen, aber muss man halt ein bisschen üben. Das taugt halt wahrscheinlich einfach nicht jedem.
Und ich will ja alles abgedeckt haben. Wenn ihr jetzt nicht gleich das Spiel startet, dann DDoS ich euch. Dann startet nie wieder jemand dieses Spiel. Ich muss ja alles abdecken, weil wenn jetzt dann jemand sagt, ich kann kein Hot Air oder ich will kein Hot Air spielen und ich habe nur Hot Air Videos, dann wäre es ja auch blöd, Sir. Außerdem bin ich auf Hot Air erst gestoßen, als ich selber Mage gespielt hatte. Weil ich glaube, meine allerersten Guides habe ich gemacht, bevor ich alle Klassen in Fly Universe tatsächlich mal gespielt habe. Und Fly Universe spielt sich ja doch ein bisschen anders als Fly PC damals. Das heißt, meine allerersten Videos von Fly Universe sind halt eher mit dem Wissen von Fly PC. Und ich sag mal, meine etwas neueren Videos dann, also so ab 2023 vielleicht. So, also ganz genau kann ich es jetzt auch nicht sagen. Sind halt dann schon mit viel mehr Wissen auch actually von Fly Universe. Weil am Anfang habe ich Ranger gespielt, da hatte ich ja keine Ahnung, dass Hot Air so gut ist und so. Das habe ich ja dann erst rausgefunden, als ich es selber gespielt habe. Ja, das mit Hot Air, das war wirklich, als ich das entdeckt habe, also ich sag's ja immer wieder, so viel Spaß hatte ich noch nie in meinem Leben im Low-Level, bevor ich Hot Air entdeckt habe. Das war Liebe auf den ersten Blick. A beautiful, beautiful thing. So viel Spaß macht dieses Spiel selten. So. I did it. I admit it, I did it. Ich muss jetzt erstmal Shop aufmachen und gucken, wie viel Kohle ich habe, weil ich bin gestern einfach offline gegangen. Das hat er geleckt, genau. Ich bin einfach hier offline gegangen. Nicht der klügste Move. Oh Gott, ich bin echt... scheiße, ich bin einfach mit 10 Mio offline und... Uff. Ja, das sollte man eigentlich nicht machen. Das sollte man nicht machen. Leute. Scheiße. Boah, 1400 Mineral hätte ich verkaufen können. Ja, ich war so mad gestern. Das war crazy, ich war so sauer. Oh man. Ich war so sauer, dass mir alles scheißegal war. RIP. Ich war nicht Herr meiner Sinne. Nope. Ich konnte nicht klar denken. Unlucky. Das ist echt bescheuert. Ich könnte jetzt 30 Mio haben, wenn ich alles verkauft hätte. Ich könnte 30 Mio haben oder so. So ein Scheißdreck. Verdammt. Verdammte Scheiße. Ey, jetzt hätte ich mal Geld und jetzt habe ich es nicht gemacht. Eine Quest abgeben. Quest Nation. Ein neues Jojo. Okay. AG Jojo? AG Jojo? Oh, ich habe die Quests auf der Bank, lol. Lustig, dass die Quest neues Jojo heißt, man kein Jojo bekommt. So ein Trash. 30 Mio, das wäre ein zweites Hiss-Jojo. Vorsicht. Vorsicht, Sportsfreund. Obacht, ich kann auch anders. So. Braucht jemand von euch Materials? Fangen wir mal so an. Ich habe einen Arek plus 7. Braucht den jemand? Ich habe eine Lightning 4. Braucht die jemand? Und ich habe 1400 Mineral und so ein Scheiß. Braucht jemand Mats, AC4 oder Arek plus 7? Man muss sich hier ja gegenseitig supporten, bevor ich es irgendeinem Random verkaufe. Alles für 500k. Okay, ich verkaufe es lieber irgendeinem Random. Hat sich erledigt, ich verkaufe... Was? Der hat 8400 Bats? Bot! Bot! Spaß. 8000, aber es sind 84 Catcher, das ist schon viel. Damn. Ganz schön günstig, ey. 4,9k. Was will ich für den Arek plus 7?
Also ich habe 8 Mio für meine gezahlt. Was? Arons 4.3, Mineral 4.2? Wurde aber auch gekauft, okay. Mineral 3K? Junge, was soll die Scheiße? Wieso unterbieten die sich so geistesgestört? Uff, Mineral 4.4. Oh, aha, 44. Scam. Arek plus 7 ist hier. Also hier ist ein Arek plus 7 für 6 Mio. In der Hoffnung, dass ich dich nicht scamme. 3 Mio? 3 Mio? Was sagst du? Hopefully kein Scam. $3 Mio, Sir. Die Preise sind halt all over the place, Alter. What the fuck ist der Preis für Materialien? Die Preise sind halt komplett random, ey. Das sind einfach alles von 3.000 bis 6.000. Und es gibt einfach viel zu viele Shops. Also es gibt schon einige, die anscheinend für unter 4 verkaufen. Das geht zwar dann auch schnell weg, I guess. Crazy. Hodel. Ja, aber ich brauche jetzt Kohle. Ich brauche jetzt Geld. Das Holen bringt mir nichts. Ich brauche jetzt Geld, Sir. Einfach 5 KCO auf 7%. Ich baller gleich rein. Das lässt mich vom Glück treiben. Du hast eine Lightning 7%. F-Bow ging auch eben für 9 Mio weg. 9 Mio ist saftig, Sir. Was war denn jetzt mit dem Arek plus 7? Just silly? Oder war es zu teuer? Für 3 Mille. Was ist Lightning 4 wert? Im Shout meinst du? Achso. Ich mache jetzt mal irgendwie ein Mittelding von den Preisen, die ich jetzt gesehen habe. Ich mache mal Arons und Mineral für 3,9k. Damit bin ich nicht der günstigste, aber auch nicht teuer. Die Frage ist, was sind Krasek und Guru wert? Die habe ich überhaupt nicht gesehen. Man sieht nur Aeron und Mineral. Was mit Krasek und Guru? Hier, der hat alles. Er hat alles für 13k. Also Guru und Krasek scheint tatsächlich wertvoller zu sein. Das ist ja auch interessant. Weil es wahrscheinlich keiner farmt. Und damit ist es seltener. Siehst du halt echt fast gar nicht. Fast jeder hat nur Arons und Mineral. Ich meine, gut, manche haben vielleicht alles und schreiben nur nicht alles rein. Hier ist noch einer, der alles hat. Verkauft. Bei mir ist es auf 15k, Passive Income über Zeit. Ja, aber ich bräuchte mal ein bisschen Kohle. Was habe ich für ein Historio gezahlt? Will ich nicht drüber reden. Sir. Ich vertraue dir, Hupe. Ich mach mal 6.800. Ich vertraue dir, Hup. Und Lightning? Lightning 4, Chat. Hat sich da was getan? Ich tue jetzt meinen Arek-Ring einfach für 3 Mio rein. Ich habe jetzt keine Antwort mehr bekommen. Kannst du einfach Arek plus 7 suchen und dann weiß der Spielestyler. Junge, bin ich zu bescheuert, 3 Mille zu schreiben, oder was? Jetzt. Karte 6 Mio. Oh, in 7 Minuten kaufe ich die Lightning 4 ab. Okay, dann behalte ich sie. Ja, und mehr habe ich eh nicht. Ah, Volcano 4. Oh, Volcano 4. Was ist Volcano 4? Hab ich vergessen. Ich muss erstmal wieder auf den aktuellen Stand kommen. Wie sieht es bei Volcano 4 aus? Gibt es eine G-Product Low? Nein. Volcano 4, 2 Mille. Der Typ meint, er will eine Arek für 2,5. Ja, es ist jemand anders, als der zuerst geschrieben hat. Aber gut. Ja, aber ich meine, 3 Mio ist schon günstig. Ich habe ihn jetzt für 6 gesehen. Wenn ich davon ausgehe, 6 ist Scam. Ich mache halbe Preis von Scam, sollte passen. Ich habe 8 gezahlt für meine Areks plus 7. Gestern.
2, 3 Mio für Volcano. Ich sehe hier gerade eine. Oh, der hat sie für 2 drin. Okay. Dann mache ich mal 1,8. Gut. VC4, Arek plus 7. Okay. Dann Chat. Weiß ich nicht. Habe ich was zugeschickt bekommen? No. Ich suche Rasra. Ich glaube, es ist Rasra. Ist das weibliche? Rasra müsste weiblich sein. Ja. Ich suche Rasra-Set-Teile. Oh, es gibt nur 70 Stück. Oh. Ich suche Rasra-Set-Teile mit einer Stattung. Gestattete Rasra-Set-Teile Dex STR. Also Prio ist STR, aber beides geht auch. Also nur Dex eigentlich nicht. Nur Dex eigentlich nicht. STR-Stattung am besten. Und ich habe noch gar nichts. Alles anbieten. Mal gucken, ob hier irgendeiner was... Oh! 3 STA, scheiße. Int plus 3 STA plus 1. Pisse. Oh, sieht schlecht aus. Hat bestimmt schon einer abgegeiert. Oh, silly. Danke für Ihren Einkauf, Sir. Und wie sieht's eigentlich mit F-Coins aus? Mr. Silly. Wie sieht's eigentlich mit F-Coins aus? 60 Mio noch? Oder was ist da der aktuelle Preis? Kein einziges mit Stattung ist crazy. Ich glaube, viele Leute achten da gar nicht so krass drauf auf Stattung. Also ich eigentlich auch nicht, aber ich meine, ich will jedes bisschen Damage rausholen, was ich rausholen kann. 65 bis 75. Okay, also 10 bis 20% gestiegen. Damn, da schläft man mal ein paar Stunden und schon steigt es um 20%. Krass. Sell 1k F-Coins. Da verkaufen gerade einige F-Coins. Crazy. Aber egal, ich habe eh nicht genug. Ach so, was ist jetzt mit der Lightning-Karte 4? Wie viel zahlen Sie eigentlich, Sir? Wer war das hier? Nuffets? Was zahlen Sie denn für die Lightning 4 überhaupt, Sir? Wenn man kaufen will, kriegt man für 80 Safe welche. Ja, aber dann heißt es ja, dass du dann leicht overpayst. Also wenn du sagst, man kriegt Safe welche, das heißt für mich leichter Overpay. Aber ja, wenn man es eilig hat, dann overpayt man lieber, es ewig zu suchen. Das ist auch wieder richtig. So. Also hier verkauft gerade einer F-Coin für 70 Mio pro 1000. Cool. Also bitte hast du für eine 6 gezahlt. Dann, sagen Sie mal Ihren Namen, weil ich würde gern weitermachen. Sir. 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 Hier. Ist das ohne Sonderzeichen, oder? Hoffe ich. Bitte sag mir, dass das ohne Sonderzeichen ist, Sir. Junge, wie das geistesgestört leckt auf Channel 1. Ich habe 6 FPS. Der Ping. Oh oh, ich habe einen 400er Ping. Ich glaube, es liegt an Channel 1. Okay, dann schickt mir einfach die 6 Mio zu. Und dann muss ich noch ein kleines bisschen Geld verdienen, Sir. Dann muss ich noch ein kleines bisschen Geld farmen. Ich denke, der ein oder andere kann schon erahnen, was ich vorhabe. Ich will mir eine FEC-Flask kaufen. Yes. I said what I said. Ich brauche jetzt 35 Mio circa und dann kaufe ich mir das rote Getränk.
Das farbenfrohe Getränk, das alle meine Sorgen auflösen wird. Für 3 Tage erstmal. Ein farbenfroher Drink. Brauche ich eine Party? In der Tat, ja. Ich wäre offen für eine Party-Einladung. Ich bin ein Top-Filler. Ich level die ganze Zeit und bin ewig online. Ihr werdet keinen besseren Filler als mich finden. Sirs. Lohnt sich das Osterevent mit den Spitzhacken? Ja, finde ich schon. Schau dir mal hier, drück mal Taste U und guck dir das zweite Package an. Easter Giftbox C. Kannst du meine? Zu spät. Oh. Ah, Mr. Silly, hier sind ja gar keine Leute drin, Sir. Das müssen wir ändern. E-Sportler bitte. E-Sportler bitte noch. Harry Totter. Einfach Harry Totter. Ist auch schon viel was wert, generell. Eher nicht, leider. Kannst du sie mal aufheben, aber schwierig. Also wegschmeißen will ich es jetzt nicht, aber Earthquake genauso. Earthquake auch erstmal aufheben. Also sowas kauft momentan nicht wirklich einer. Also ich glaube, ich habe meine Earthquake 4 für 300k verkauft gestern. Also ich habe sie nicht mehr. Das heißt, ich muss sie verkauft haben. Das ist ein bisschen Trash. Leider. Oh, das ist so nervig, ne? Wenn du von Jojo auf Collector wechselst und dann wieder auf Jojo, musst du immer den Crit Damage Buff wieder machen. Pretty nervig. Ich kann eigentlich H10 bei den Catchern, fällt mir gerade auf. Dann geht's ja doppelt so schnell. Fühle ich als Blade. Glaube ich dir. Ja. Verdammte Scheiße. So, halber Energy ist Intus. Halber Bullet Energy ist Intus. Erstmal wieder hier Wasser trinken. Damn. Kurz nicht hingeschaut, fast gestorben, lol. Rubia, danke für den Follow. Appreciate it. Batteriesäure ist drin, yes. Die Batteriesäure wurde wieder aufgefüllt. Wieder ein bisschen Batteriesäure-Intus. Ich muss auch kurz zur Tanke melden für ein Energy. Ich habe jetzt 2:31 Uhr erstmal zur Tanke. Wenn du Glück hast, wird sie gerade überfallen, wenn du da bist. Dann kriegst du den Energy gratis. Und danke dir, du spielst mega stylisch. Das nehme ich mal als Kompliment. Dankeschön. Das ist wahrscheinlich ein Joke wegen Spielestyler, oder? Nicht schlecht. Dir fehlt, dass man nicht Target switchen kann mit einer Taste. Ja, aber im PvE ging das doch eigentlich nie wirklich. Auch bei Flive PC nicht. Oder ich habe es nie genutzt, keine Ahnung. Welche Materialien brauche ich für Sockel und Suit? Für Sockel braucht man keine Materialien, JG. Nur für Plus machen. Element und normale Plus, aber nicht fürs Sockel.
Für Sockel brauchst du Geld. Das kostet meistens sehr viel Geld. Also Penya. Power Dice 8 oder 10. Und G-Protect halt gegebenenfalls. Hat jemand Quest-Item Ernamont von Kern? Chat? Hat jemand Kern-Questies? Tornado sucht Kern-Questies. War ich heute Mittag nicht schon 81? Good luck, Herr beim Grinden. Danke. Nee, wie kommst du denn darauf? Alter, er trifft mich einmal und stunt mich, dieser Scheißer, ey. Ist irgendwie so klar. Oh Leute, ich habe meine Power Dice nicht in den Shop gepackt. Ich habe 40 Power Dice zu verkaufen. Habe ich nicht in den Shop gepackt, ich Dödel. Mist. Verdammt. Das ist halt viel mehr wert als alles andere, was ich reingepackt habe, die 40 Power Dice. So das Scheiße. Ich bin ein Pirat. Hey, wieso kann ich meinen NPC das Socken denn nicht starten? Beim NPC-Socken JG geht nur mit Protects. Wenn du ohne Protects was machen willst, musst du es immer im Inventar machen. Oldschool. Einfach drauf, Doppelklick auf Power Dice und auf die Suit klicken. Wenn du socken willst, Oldschool, Doppelklick Power Dice, und klick auf die Suit. Der NPC macht dir nur Upgrades, wenn Protect reinziehst. Auch bei 100%, das Protect wird dann einfach nicht verbraucht. Aber ich check's auch nicht, aber es ist einfach so. Die ersten zwei sind safe, right? Der erste ist 100%, der zweite ist 99,5. Also, yeah. Yeah. Risk it. No risk, no fun, sir. Keine 8 Chars diesmal. Nope. Soap-Kun. Cooler Name. Einfach Seifenkun. Nee. Nicer Name. Gefällt mir. Wie ist der Ping? Hat mittags aufgehört? Da habe ich auch aufgehört. Oh gut, das heißt mittags, aber ja, so um 4 habe ich aufgehört. Für mich ist das mittags. Jetzt ist für mich früher Morgen. Naja, ich meine, ist ja eigentlich früher Morgen, oder? Irgendwie. Irgendwo. Ich bin einfach Asiate geworden. Ich gehe um 4 ins Bett, wenn bei denen 23 Uhr ist. Und stehe um... wenn bei denen 7, 8 in der Früh ist, stehe ich auf. Bruh. Ich lebe jetzt einfach in den Philippinen, by the way. Ich bin ein Pinoy geworden. Let's go! Let's get it! Schlafrhythmus von den Philippinern übernommen. GG. Pabaf Po. Pa Stream Po. Pa Stream Po. Kaufe Wedge Gowns 1 Mille? Hold up. Wait a minute. Sind die so selten oder was? The fuck? Ich dachte, Wedge-Teile außer Suits sind wertlos. Wie viele Kernquesties braucht er? Sollten 60 sein. Wenn er alle braucht, sind es 60. Eben eine Titansuit für eine Mio gekauft, nice. Also du hast echt einen Laufwachs dort. Aber ich gönn's dir. Du hast so wenig Zeit. Dann soll sich's wenigstens lohnen, wenn man schon so wenig Zeit hat.
Kauft jemand von euch zufällig Power Dices? Will irgendjemand upgraden oder so? Hab tatsächlich ein paar im Angebot, also über 10 Stück each. 19 Power Dice 4, 15 Power Dice 6. Hätte ein bisschen was im Angebot. Einen kleinen Bissen. Einen kleinen Snack. Einen kleinen Snackers. Würde 10 PD8 für 3,5 kaufen. Noch jemand? Für 10 lohnt es sich nicht in die Stadt. No front. PD4, PD6 irgendjemand? Habe ich Shop offen? Nee, eben nicht. Ich habe sie vergessen, ich Trottel. Ich habe die Power Dice vergessen, in den Shop zu packen. Ich hab's vergessen. Ich bin ein Idiot. Alles reingepackt, außer die Power Dice. Also ich meine, ich gehe gleich nochmal in die Stadt. Ich habe ja auch wieder 400 Mats und so. Ich wollte hier nur kurz hin, um noch ein bisschen Kohle zu verdienen, damit ich mir 500 F-Coins leisten kann. Also ich habe jetzt gerade 26 Mille. Mir fehlen also so 9 bis 10 Mille fehlen mir ungefähr. Auch richtig ärgerlich, weil gerade so viele Leute F-Coins verkauft haben für einen 70er-Kurs. Immer dann, wenn man kein Geld hat. Und wenn ich jetzt suche, verkaufen bestimmt alle nur noch für einen 80er-Kurs. Typisch. Typical. Aber ja gut, für 3,5 Mio Tornado. Also ich kann sie dir auch kurz aufheben. So eilig habe ich es auch nicht. Oh, ein Aaron Catcher, den nehme ich mit. Aarons Catcher wird mitgenommen. Kann ich morgen 600 F-Coins auf Net verkaufen? Ja, nee, ich habe das Geld ja gleich. Also ich brauche das in 20 Minuten. Also meine Penya Flask läuft jetzt noch 18 Minuten. Bis dahin soll ich es haben. Also... Außerdem will ich nicht, dass ihr mir F-Coins günstiger verkauft, wenn ihr bei Randoms mehr bekommt. Also ich will schon den aktuellen Preis zahlen. Also ich will jetzt auch nicht für alles overpayen, aber ich zahle schon, was sie wert sind, Sir. Keine Almosen, bitte. Das ist eine Beleidigung für mich. Ich will keine Almosen. Ich verkaufe die für 69, Sir. Sir. Ich frage morgen nochmal. Ja, also ich meine, ich werde öfter F-Coins kaufen jetzt, aber halt wahrscheinlich immer nur in kleinen Mengen. Da ich ja nie wirklich, also bis ich nicht irgendwann mal was extrem Seltenes, Wertvolles droppe, werde ich niemals so viel Geld haben, dass ich mehr als ein paar hundert kaufen kann. Wie sagt man, mühsam, mühselig ernährt sich das Eichhörnchen oder so ein Scheiß? Ich starte ja jetzt erst. Ich habe jetzt ewig gebraucht, um mein Equipment zusammenzukriegen. Und jetzt kann ich endlich anfangen, auch mal die anderen Sachen zu holen. Hast schon ganze 31 A-Pros investiert? Wow, nicht schlecht. Nee, ich habe gar nichts. Ich habe kein einziges Premium-Item. Ich besitze, na gut, meinen Cloak. Das einzige Premium-Item, das ich bisher gekauft habe, war mein Cloak. 8 Decks Cloak. Das ist das einzige Premium-Item, das ich besitze. Fatzwa, gute Nacht, Sir. Hau rein. Ist das gut? Du bist niedriger als ich und hast 31 A-Pros. 31 A-Pros sind 1550 F-Coin. Oder? Ja. Nee, Moment. 31 A-Pros. Das sind 1000... Ach, scheiß drauf. Auf jeden Fall, es ist pretty good, ja. Ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts. I have nothing. So. Ich arbeite jetzt dran. Jetzt beginnt der richtige Grind. Dafür hast du 0 Equipment. Ja, aber brauchst du ja auch nicht als Hidden Run Ranger. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. What's the difference between me and you? Me and you. Du spielst eine coole Klasse und ich... Jetzt können wir endlich starten. Ja, die Vorbereitung hat nur 2 Tage gedauert. Jetzt kann ich endlich spielen.
Vorbereitungsphase abgeschlossen. Ja, ich meine, mein Damage ist gar nicht so bad. Das, wie gesagt, eigentlich hat es keinen Sinn ergeben, dass ich gestern am Ende so mad war. Aber das war ja ganz am Ende mit dem Equipment. Abgesehen davon hat es ja dann auch gelaggt und so. Und wie gesagt, das war auch die Müdigkeit, die da aus mir gesprochen hat. Also, ja. Jetzt ist es endlich mal halbwegs erträglich. Außerdem habe ich legit kein einziges Power-Up an. Also ist echt gar nicht so bad, der Damage. Ich habe kein einziges Power-Up an, außer die Penya Flask. Und ich meine, die Penya Flask erwähnt man ja eigentlich gar nicht, weil die ist ja sehr Standard. Das ist ja Mindestlöhner-Shit. Penya Flask ist Mindestlöhner-Shit. Für wie viel A-Pros kaufen und wie teuer werden die dann so? Naja, sie kosten 50 F-Coin, also 50 F-Coin, ein A-Product. Also wie gesagt, Cashpreis liegt wohl zwischen 70 und 80, wobei gerade halt noch Leute für 70 verkaufen wollten, als ich in der Stadt war zumindest. Also ich sag mal so, ein A-Pro wird mindestens bei einem 70er-Kurs wären das 3,5 Mille. Also A-Pros werden ab 3,5 Mille verkauft. Das ist auch gar nicht so viel. Also ich könnte jetzt, wenn ich jetzt Inventar voll machen würde, also so eine Stunde grinde, könnte ich mir mindestens 2 A-Pros kaufen jedes Mal. Kann man in der Search-Shop-Funktion auch irgendwie die Preise sehen? Nein, das ist das Einzige, was man nicht sehen kann. Leider. Oh, es ist wieder Chrome Pickaxe-Zeit. Minenarbeiter Gang. Minenarbeiter Gang. Copper Ore. I don't need that shit. Bergarbeiter Nation. Copper Ore. I don't need that shit. Copper Ore. I don't need that shit. What the fuck, man? Dreimal verkackt. Ja, das Event ist echt nervig. Bei welchem Channel bin ich? 1 tatsächlich. Lustigerweise. Den Channel siehst du auch nicht, oder? Doch, den Channel sieht man schon. Jetzt verkaufen gerade wieder Leute F-Coins für 70 Mio. Ja, also für 70 Mio kriegt man anscheinend echt noch F-Coins. Also man muss gar nicht 80 payen oder 75. Schon wieder 2 Leute, die für... Oder einer auf jeden Fall. Hast du heute genug gegessen und getrunken? Das letzte, was ich gegessen habe, war eine Lasagne. Am 26.04. um 0:30 Uhr. Also vor 26,5 Stunden fast. Ist Collector plus 5 Pflicht? Nee, eigentlich nicht. Ich meine, das ist nur plus 4. Der hat so viele Power Days gefressen, dass ich keine Lust mehr auf plus 5 hatte. Oh. Der Klassiker. Power Dice 8, baby, let's go. Come on, baby. Thank you. Appreciated. Ja, wieso greifen nicht an? Danke dir. Will ich meinen Körper kaputt machen? Nee. Aber ich will jetzt erstmal diese 500 F-Coins haben, Sir. Vorher kann ich nichts essen. Diese F-Coins sind wichtiger als jede Nahrung, die ich zu mir nehmen könnte. Wenn du F-Coins suchst, sag mir Bescheid, brauchst keine Randoms suchen. Ja, aber wenn ich von dir kaufe, zahle ich 71er Kurs. Sir. Die Homies ein bisschen supporten. Kiss a Homie. Das war das einzig Schöne, was am Ende vom gestrigen Stream noch passiert ist.
Kiss a Homie. Kann ich jetzt endlich dieses scheiß Easter Egg bekommen, Alter? Das ist schon 5 Ohr und ich hab's immer noch nicht. Soll ja angeblich sogar möglich sein, dass man gar kein Easter Egg bekommt. Weil man ganz viel Pech hat. Soll wohl sogar möglich sein, gar nichts zu kriegen. Und ich glaube, ich hab's gerade am Start. 7-mal gefailt. Jetzt habe ich's. Es war der 8. Versuch. Versuch Nummer 8 war's. Hat wer einen Hyperstick im Angebot? Hier wird ein Hyperstick gesucht. Kugis sucht ein Hyperstick, Leute. Ich habe leider keinen mehr. Oh, Arek-Ring? Wäre sick, wenn der +7 wäre. Shit. Clean. Das Einzige, was ich sagen muss über das Mining-System, was ich cool finde, ist das Geräusch. Ich mag dieses Geräusch, wenn so eine Spitzhacke auf so Stein trifft. Das ist ein nicer Sound. Geheimtipp, Barem Stick gibt 5 Int. Misa, Misa. Wieso kein Hyperstick mit 4 Int-Stattung? Jetzt fragst du dich, woher soll ich einen Hyperstick mit 4 Int-Stattung kriegen? Da sag ich... Hab ich gedroppt. Woo! Hannah Montana, Baby. The best of both worlds. Ich hab Cast-Time und Int, Baby. Easy Bunny 2% 20 Mio wert zum Resell. 2% kostet 20 Mio? What the fuck? Wieso ist das so teuer? 2% ist doch ultra Arsch. Hä? Wieso sollte das so viel wert sein? Junge, meine M verkackt auch gerade so heftig. Der hat das Easter Egg auch noch nicht bekommen. Hier sitzt Giant Antiquary schon eine ganze Weile. Oh, na Mann, wird gerade gekillt. Ja, Speedset-Preise. Kennt sich da jemand aus? Speedset müsste ich theoretisch auch noch kaufen irgendwann mal. Also zumindest mal irgendwas, 4% oder so. Wie sieht's da aus? Cam? Verdammt nochmal. Hier ist billig drin. Für wie viel kann man das verkaufen? Ach so. Boah, ich weiß nicht. So Fashion Reselling. Da kann man sich auch böse die Hände verbrennen. 8-mal überlesen, du kannst mich mal. Wird heute CW gemacht. Pinguin, I'm sorry. Vielleicht. Vielleicht. Na, erstmal müsste ich meine M wieder in die Gilde holen. Ich glaube, das geht noch gar nicht. Ja, geht noch gar nicht. %10 ist 5 bis 10.000 F-Coin. Wow. Wie geht's dir, Pinguin? Wie steht's, Sir? What is he doing? Flurry Gowns für 2 Mio verkauft. Wow. Aber das ist wegen der Inflation, dass jetzt manche Sachen steigen. Fresh Dumbledore in die Gilde einladen. Wieso ist der Name so lang, Sir? Channel 1, please. Channel 1, please.
Oh. Global Attack, please, silly. We needed 5 Minuten Global Attack bräuchte ich noch. Kurz. Ey, Chat, hat jemand 37 Boop Poison, 315 Grillbandagen, 53 Ampere und 82 Droll für mich? Okay. What the fuck? Easter Egg, Easter Box E, whatever, ich kann nicht reden. Junge, ich habe schon 3-mal Goldpille bekommen auf dem Char. Das ist so Arsch. Hast du Einladung, Fro? Gut geschlafen, Pinguin. Ja, bisschen zu wenig, aber naja. Man muss auch mal Opfer bringen, ne? Man muss auch mal Opfer bringen. Oh, da kauft gerade jemand meine Materials. Na dann. Wer will mir F-Coins verkaufen? 500 F-Coins und ich zahle 71 Kurs. Und das ist nicht verhandelbar. Also außer ihr wollt mehr. Source. Wenn man nicht an seine Hisswaffe kommt, trotzdem einfach weiterleveln, was sagen sie? Ja, klar. Was willst du sonst machen, außer weiterleveln? Ich habe bis Level 81 gespielt ohne Hisswaffe. Was brauche ich? Die FWC Flask. Die rote 3-Tage-Version. Für 500 F-Coin. Das heißt 71 durch 2, 35,5. Naja, komm, ich gebe dir 36. Runden wir auf 72er Kurs. Das nächste, leider für meine bisherigen Partyleiter, wäre dann auch tatsächlich die Combined Party Scroll mal für einen Tag. Abenteuer Glückselixier. Yes. Abenteuer Glückselixier 3 Tage. Yes. Genau das. Und du kannst es mir einfach zuschicken am besten, dann ist ein SM. Schick's mir einfach per Post. Ich schick dir sofort das Geld. 1 Minute noch. Einfach Spielestyler, ohne irgendwelche Sonderzeichen. Pokerfatsche. Servus. Hast du 2 Hiss-Swords? Hallo? Hallo? Zieht euch diesen Bonzen-Boy da drüben rein. Er hat einfach 2 Hiss-Swords
Oh, 1. Achso. Sah aus wie 2. Ich wollte gerade sagen, er läuft ja einfach mit 400 Mio in Waffen rum, Alter. Was geht bei ihm ab? Einfach fucking Bill Gates, ey. Ist dort ein Trash? Aber 200 Mio wert. Angeblich 200 Mio wert. Endlich Easter Egg bekommen bei meinem M. So. Jetzt werde ich Pokimane einen Gefallen tun. Und ich werde jetzt meine Broke Boy-Ära überwinden. If you are a broke boy, just say so. Nicht mehr, Pokimane. Ich bin nicht mehr broke. Not anymore. If you're homeless, just buy a house. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pissnagel für 70 Mio ist doch saubillig. Oh, ich muss die NPC-Items verkaufen. Eins, zwei, drei. 1, 2, 3. Achso, weil der Text zu lang ist, Alter. Sie haben Post. So, jetzt wollen wir kurz den Timer aktualisieren. Ach so. Ja, hätte eigentlich noch was essen können, aber egal. Okay. Also Kanalpunkte wurden keine eingelöst und Stream Store. Auch nicht. Okay. Das heißt, wir haben 36 Minuten zu adden. Na gut, geht eigentlich. Cam heute öfter am Freezen als mein Kühlschrank. Ja, ich glaube, mein PC mag das nicht, dass er seit 65 Stunden... Ich glaube, der feiert das nicht so sehr. Weiß auch nicht, der hat da irgendwas dagegen. Also 1327 plus 36 1403. Wenigstens funktioniert das mittlerweile einigermaßen smooth. Also, 14 Stunden 3 ist der aktuellste Stand. Soll ich den PC in den Kühlschrank stellen? I don't know, man. Wisst ihr, was jetzt immer passieren wird? Ich werde jetzt immer vergessen, die Penya Flask beim RM zu aktivieren, weil ich jetzt selber sie nicht mehr aktivieren muss. Das ist so stupid. Naja, aber beim M ist nicht so schlimm, weil welches genaue Level der M jetzt gerade hat, ist nicht so wichtig. Also ob das mein Level mehr oder weniger ist, ist das eigentlich wurscht. Wette machen, ob PC Geist aufgibt, bevor Stream endet. Ich hoffe nicht, Sir. Ich hoffe nicht. Kann man die nicht mit der Penya Flask stacken? Nee, du kannst immer nur eine aktivieren. Bin gerade gespannt, wie abfuck es sein wird von Moonbeam Assist zu 1v1 BP. Ja. Ein paar Leute meinten, BP ist gar nicht so schlimm mit 60.
Kann ich nicht beurteilen, habe ich noch nie gespielt, tatsächlich. Also in Fluff Universe. Ich kann ja nur sagen, also Jester musste ich mit Skills leveln, anders war es unerträglich. Also Jester ohne Multistab war unerträglich. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Man will sich nur noch jede zweite Stunde umbringen, statt jede Stunde ab 60. Sir. Jetzt Hisnackel 2 KF-Con. What? Wieso ist Hisnackel so teuer? 2 KF-Coin, das ist ja geisteskrank. 140 Mille. Alter, was du für 140 Mille mittlerweile alles kaufen kannst? Crazy. Ja, 2000 F-Coins zum Beispiel. 2000 F-Coins zum Beispiel. Ich alter Scherzkeks. Mann, ich... Alter, what the fuck? Zieht euch das rein. Whoa, whoa. It's a catcher's paradise. Du, 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 du. Holy fucking shit, zieht euch das rein, Alter. Das sind einfach 5 Millionen Penja. Hier stehen einfach 5 Millionen Penja in der Gegend rum. I can't freaking believe it, baby. And I'm gonna catch them all. Woo, sheesh, baby. It's a lot of money, man. Cash, money, making. We about to make some cash. Müsste man fast über einen zweiten Kollektor nachdenken. Hispa auch 2K plus. Ja, aber bei Hispa ergibt das ja auch mehr Sinn, weil Ranger ist viel beliebter als Billposter. Weißt du? Also bei Ranger hinterfragt das ja keiner. Man ist nicht zufrieden damit, aber man akzeptiert es einfach, dass es so ist. Aber bei BP? Weiß nicht. Also Guru und Krasek Catcher sind einfach besser als die anderen beiden. Aber das wird sich schnell ändern. Das kann sich jederzeit ändern. Einfach 15 Mio für Questies ausgegeben. He rich. He rich. Also jetzt nicht mehr. Jetzt ist er nicht mehr rich. Meine M sieht einfach aus wie so ein Catcher-Bot. Einfach 1:1 sieht er aus wie ein Catcher-Bot. Das heißt, das nächste Ziel wären dann theoretisch 300 F-Coin. Das heißt so 20 bis 25 in dem Bereich. Das ist eigentlich gar nicht so viel. Mittlerweile geht es ganz schnell. Die NPC-Items knallen jetzt halt viel besser rein. Also gut, jetzt hatte ich gerade nur voll wenig, aber ich hatte gerade nur voll wenig. Das waren 1,8 Mille. Das war ein bisschen über ein Drittel vielleicht von einem Inventory. Der zweite Chart gar nichts. Also mittlerweile komplett volles Invi ist ein 7, 8 wahrscheinlich. Also selbst nur durch NPC-Items geht es mittlerweile ganz schnell. Endlich habe ich diesen Punkt erreicht. Finally, man. Wo man nicht mehr tagelang farmen muss für eine Sache. Und ich habe noch alle meine Power Dice. Also alle bis auf 8. Gibt es die F-Kampf-Dice auch in weniger als 3? Nee, das ist die kleinste Größe leider. Also stell dich auf 35 bis 40 Mio musst du gerade zahlen.
Das wäre dein Ziel, Sir. 35, 40. In dem Bereich sind wir gerade. Kacke. Ja. Aber die Eintagesversion wäre gar nicht so geil. Die würde wahrscheinlich 250 kosten oder so. Ich meine, klar, es ist natürlich trotzdem leichter erstmal zu erreichen. Ja, aber wird halt immer teurer. Je kleiner die Größe, desto teurer wird's. Ab Montag wieder arbeiten. Oh. Naja. Oder du pulst einen JG Rocks. Nächste Woche. Oder du pulst einen JG Rocks. Wenn du verstehst, was ich meine. Und ich glaube, das tust du. Dann bräuchte ich Attest. Echt? Ab dem 3. Tag schon? Oder weil Wochenende dazwischen liegt? Bei mir ist ab dem 4. Tag mit Attest. Ich war, glaube ich... Ich war halt legit doch nie länger als 3 Tage krank, ne? Weil ich immer keinen Bock hatte, zum Arzt zu gehen. Also selbst... Also ich auch richtig krank, bin ich nie länger als 3 Tage krank. Was mich ja übelst abfuckt. Aber meistens ist dann auch Wochenende oder so und dann ist man halt auch wirklich wieder gesund. Also ich bin eigentlich nie so lange krank. Also so richtig krank ist eigentlich echt nur 3 Tage meistens und dann geht's wieder. Aber ich habe auch immer keinen Bock zum Arzt zu gehen. Ich meine, heutzutage soll es ja leichter sein. Ich war seit 5 Jahren oder so nicht mehr bei meinem Hausarzt. Letztes Mal war so Corona-mäßig. 2020 oder so. Aber jetzt geht das ja eh über Telefon oder so ein Scheiß. Das ist ja voll Hightech geworden. Du musst ja gar nicht mehr zwingend hingehen. Keine Ahnung. Ihr kennt euch da besser aus als ich mit dem Blau machen. Tja, meine Damen und Herren. Verabschiedet euch bitte von Geringverdiener Chris. Und heißt bitte mit mir zusammen Pay to Win Chris willkommen. Hallo Pay to Win Chris. Let's go, baby, let's go. Pay to win, baby. Pay to Win Nation. Ohne Scheiß, der Damage hat sich legit nicht verändert. 8% PvE? Also doch, es ist irgendwie schneller, aber die Zahlen sind irgendwie fast gar nicht höher. Ich habe gerade einfach 8% PvE-Damage dazu bekommen. Naja. Das Problem ist, 8% von nichts ist halt... 8% von nichts ist halt, ne... Ja. Irgendwann merkt man es dann vielleicht mal. Irgendwann merkt man es dann vielleicht mal. Vor allem, habe ich nicht arsch die gute Crit-Rate? Wieso crit ich ihn gerade so wenig? 92 Crit-Rate. Ich habe gerade 5 miteinander nicht gecrittet bei dem einen Mob. Bei 92% soll das eigentlich nicht passieren. Source? Der hat aber gesagt, CO ist gerade 40 A-Pros. Oh. Bist du schon 75 Fro? Also 2 KF kannst du schon mies. Das kannst du eigentlich nur mit Catcher-Farmen erreichen. Und das wären wahrscheinlich 1-2 Stunden Catcher-Farmen. Wobei ich halt denke, in St. Morning hast du freie Bahn und Krasek geht richtig gut weg. Da musst du wohl St. Morning abgrasen, Baby. Krasek, Catcher in St. Morning abgrasen. Du warst eine Weile nicht hier, wo ja Hisjojo und Flask. Ich habe Ewigkeiten gebraucht, um das zu grinden, Sir. Ich habe literally nichts außer das Hisjojo, die Flask und meinen Cloak. Gönnen Sie mir bitte den kleinen Erfolg, bitte. Bitte, Sir. Na, habe ich gerade gekauft. Ich will es nicht sagen, aber euch kann ich es ja sagen, aber sagt's bitte nicht weiter.
Braucht hier noch jemand den Hyperstick? Kugis, brauchst du noch den Hyperstick? Euch kann ich ja sagen, kauft euch einen Collector, macht ihn mindestens +3, besser +4 und nehmt einfach alle Catcher mit, die ihr seht. Und verkauft dann die Mats. Das hätte ich wirklich schon früher machen sollen. Was ich noch bräuchte, wäre noch Kappel. Kappel habe ich noch nicht gemacht. Kostet auch nochmal 10 Mille. Ich glaube, ich hole mir erst die Party-Scroll. Party-Scroll und dann Kappel. Wären so die nächsten beiden Sachen. Ja, mein PC leckt schon ganz schön, muss ich sagen. Ach fuck, ich habe Genshin Impact vergessen, deswegen leckt es, glaube ich, so sehr. Genshin Impact noch offen. Level up, baby, let's go! Alter, Pokerface, du Bonze. Hebt seine Eier nicht auf. Pokerface. Ich glaube, es war an dich gerichtet, Kugis, mit dem Wo bist du von Hupe. Kugis, das war, glaube ich, an dich gerichtet. Hupes, wo bist du? Wegen dem Hyperstick. So. Ja, sag am besten, wie du heißt, dann kann er ihn dir einfach zuschicken. Und du kannst ihm dann einfach 100k oder was auch immer er wert ist. Ich weiß es nicht, ich will euch nichts vorschreiben. Dann kannst du ihm ein bisschen Kohle zurückschicken. Du hast den Jester als Akrobat mit dem Bogen auf Level 60 gelevelt und dann ist er auf Jojo gewechselt, oder? Mit Bogen bis 60 und dann ist er auf Jojo. Yes. Will mal pennen, wir sind auf der anderen Seite, JG. Ach, come on, JG. Gerade angefangen, Sir, und dann gehst du einfach. Frecher Frechdachs aus Frechdachshausen. Denk gerne an den Bow. Ich halte die Augen offen, Sir. Ich werde mit einem offenen Ei sleepen. Ich werde mit einem offenen Ei sleepen. Levin. Arek Cheap Shop in Darkon plus 7 für 12 Mio. Geisteskrank. In der Stunde ca. 120 und 30 Gamble-Sets für Bloody Bow. Lieber noch sparen oder probieren? Also mich solltest du nicht fragen, Misa. Ich glaube, du hast ja mitbekommen, was letztes Jahr passiert ist bei mir. Ich hatte fast 500 Fays in a row. Das hat zwar davor einmal geklappt für eine Bloody Axe, aber danach fast 500 Fays in a row. Ja. Frag besser jemand anderen. So.
Da fragst du den Falschen. Also ich habe immer 50 gemacht, weißt du? Weil die Wahrscheinlichkeit ist ja 2%. Hupe geht nochmal eine Stunde pennen. Alright. Gute Erholung, Sir. Also die Wahrscheinlichkeit, oder... Ja doch, die Wahrscheinlichkeit ist 2%. Also... Wenn man von 50 ausgeht, macht man jetzt grundsätzlich mal nichts falsch. Ne? Also man sollte von mindestens 50 ausgehen. Alles andere wäre... cocky. Ne? Aber es kann auch bei 30 klappen, es kann auch bei 10 klappen, es kann auch bei 5 klappen, es kann auch erst bei 150 klappen. Ja. Wie genau funktioniert das mit Bloody Waffen craften, Voidseeker? Du brauchst ein Diamond, Shining Power Dice und eine NPC-Waffe. Die Waffe, die du craften möchtest, als NPC-Waffe. Also ein Bow ergibt ein Bow, also eine NPC 120er Waffe. Und genau. Vorher bekommst du Shining Power Dice. Besteht aus 5 PD8 und 5 PD4 oder 6. Kann man sich aussuchen. Ist auch egal. Ist das gleiche. Glück vergessen. Und genau, brauchst du eben diesen Shining Power Dice. Diamond. Und den Diamond bekommst du aus NPC-Waffen wiederum. Also die gleichen NPC-Waffen, die dir als Basis für die Bloody-Waffe dienen, sind auch die gleichen Waffen, aus denen du die Diamonds extrahieren kannst beim NPC in Flaris. Man kann die Waffen auch upgraden, also du kannst kleine Waffen zu Diamonds verarbeiten, hat halt eine geringere Wahrscheinlichkeit als höhere. Man kann sie +4 oder +5 machen. Kostet halt Materialien und Power Dice, also ja. Oder man verballert sie einfach, man verbrennt sie so wie sie sind, wie man sie droppt und hofft einfach darauf, dass man ein paar Diamonds bekommt. Und daraus kommt dann eben die Bloody Waffe. Und das war's auch schon. Ist eigentlich ziemlich simpel. Bis auf den Teil mit dem Glück von Eddie. Bis auf das mit dem Glück von Eddie. Das ist keine große Magie. Nee, das ist eigentlich sau langweilig. Also, es hört sich so cool an, so craften, aber eigentlich ist das voll lame. Gibt auch nicht mal irgendwie eine coole Animation oder so. Also, es ist pretty ass, eigentlich. Vor allem, wenn du kein Glück hast, dann ist es erst recht pretty ass. Weißt du? Also, denke ich mal, kannst du dir vorstellen, was ich meine. Ja, also, nee. Das ist, ja. Hab wieder eine Frage. Auf was für Plus kann ich upgraden ohne Scrolls? +4. +4. Und ich kann 2 Socketplätze machen ohne Scroll auf die Suit. Einer ist safe, der andere hat 99,5. Wohl. Wobei ich bisher noch keinen gehört habe, bei dem es nicht geklappt hat. Ne? Vielleicht haben sie das ja endlich gefixt. Aber dafür will ich keine Haftung übernehmen, falls es nicht so ist. Was für eine Verschwendung meines Talents. Forever Iron 4? Vielen Dank. Vielen Dank. Danke für die Subs. Vielen Dank. Vielen Thanks. Hä, da wurde gerade Zeit hinzugefügt beim Timer. The fuck? Spinne ich jetzt komplett? Zu wenig? Nee, oder? Doch. Aber zu wenig. (14:06) und gerade waren wir bei 13:50. Wie kommt denn der auf 14:06? Ich check's gar nicht mehr. Doch, da wurden 16 Minuten hinzugefügt oder so. Ja doch, genau 16 Minuten. Ein Sub soll 12 geben, er macht 5 Subs und er macht einfach 16. The math ain't mathing. Aber gut, dann schreibe ich mir nur 44 Minuten auf, dann haben wir schon 16. Die anderen 44 Minuten später. Das ist das erste Mal seit Tagen, dass das wieder geht. Habe ich also den Timer fast gefixt?
Ja, zumindest hat er mal wieder was gemacht, der Timer, ne? Wie war das gestern mit dem Dienstag? Wieso, gestern war doch Dienstag. Hä? Gestern war für mich Dienstag. Und morgen ist Freitag. Ja. Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren. Also halt no joke, ne? Ich sag das nicht nur so, ich meine das halt wirklich ernst. Ich meine, ich bin einfach um 0 Uhr aufgestanden gerade. Also gefühlt ist Freitag, ne? Maximal Freitag. Aber ich weiß, dass es Sonntag ist. Es ist geisteskrank. Also das ist wirklich crazy. So heftig hatte ich das noch nie. Gehe ich auf, wenn der Timer endet, oder was? Ist das? Ja. Es ist quasi ein Endlos-Stream, aber wenn der Timer endet, dann endet der Stream. Das ist der Gedanke, Sir. Wann komme ich dann wieder on? Ja, schon irgendwann wieder, aber dann wird es halt ein bisschen eine längere Pause. Also, was heißt längere Pause? Also, kommt drauf an, wann der Stream endet, was ist das für eine Uhrzeit, etc. Das kann ich dir pauschal nicht sagen. Das hängt von vielen Faktoren ab. Mach dir mal was zu essen jetzt? Okay, Dad. Ja, mir ist ein bisschen schwindelig. Tatsächlich. Ich bin ein bisschen lightheaded. Ist auf permanent 200 Fragen die Leute antworten, keine Pause? Ob du es glaubst oder nicht? Nein. Nicht wirklich. Endlos Stream aus, es geht bis nächsten Monat. True. True. Hat zufällig jemand eine Comet Suit, fragt Dynamite. Hat noch jemand eine Comet Suit rumliegen? Das Problem ist, ich bin jetzt wieder bei den Small-Viechern. Das war bei Tanka das gleiche. Wenn ich jetzt zu Luia gehen würde, wären die halt 8 Level über mir. Captain Antiquary finde ich am nicht so einen schönen Spawn. Würde er mehr Videos hochladen, dann würde es weniger Fragen geben. Also ich habe fast, also ich sag mal so, wenn 10 Fragen gestellt werden, zu 9 von 10 habe ich immer ein Video eigentlich, das genau diese Frage behandelt. Mit Beispielen, Berechnungen, Veranschaulichungen. Ausführlich, sehr ausführlich meistens auch. Aber wäre ein komischer Livestream, wenn ich keine Fragen beantworten würde, Sir. Also gar nicht. Du meinst, von 10 Fragen hast du 12 Videos? Ne, es gibt tatsächlich so ein paar kleine Sachen, da habe ich keine Videos. Also Couple-System habe ich irgendwie vergessen, mal ein ausführliches Video drüber zu machen. Das ist ja doch relativ neu, ist erst ein halbes Jahr alt. Das habe ich noch nicht geschafft bis jetzt. Ja, manchmal so random Sachen, keine Ahnung. Gibt schon noch ein paar Sachen, die ich nicht habe. Ist die Inflation diesmal krasser als FEC 2? Es ist schwer zu sagen, weil ich ja so nie gespielt habe. Also, ich bin da immer erst... Also FEC 2 ist sehr schwer für mich zu sagen, weil ich da viel zu wenig gespielt habe. Ich weiß, habe ich schon 1000-mal gesagt. Aber, ist schwer für mich zu sagen. Also erstens erinnere ich mich da wenig dran. Wahrscheinlich, weil ich arschwenig gespielt habe. Oha, ich habe, glaube ich, was Gutes gedroppt. Ich habe gerade Alex Gauns gedroppt. 75 männlich. Richtiges Geschlecht und Gauns. Hör ich hier eine Mille? Hör ich hier eine Mille? Hör ich hier eine Mille? Ist das endlich mal ein Setter, was verkauft werden kann? Was nicht Arsch ist? Und wann habe ich es gedroppt?
nachdem ich mir die Pay-to-Win-Flask eingeschoben habe. Natürlich kommt es 20 Minuten, nachdem ich mir die Pay-to-Win-Flask in die Fresse geknallt habe. Zufall? Ich denke nicht. Ich meine, es ist literally kein Zufall, weil sie gibt literally Drop-Rate, aber ja. Typisch. Davon kommt es safe nicht. Ach so. Mein Fehler. Wieder ein Fake News verbreiten, Kappa. Naja, aber ohne Schmarrn braucht die jemand. Haben wir nicht ein paar Bildposter hier im Chat oder seid ihr alle schon versorgt mit Alex? Bei mir kriegt ihr sie günstiger als bei einem Random. Diese verdammten Randoms. Weiblich? Nee, leider männlich. Sorry. Leider männlich. Für eine Mio würde ich sie resellen. Du dreckiger Hater. Dann kriegst du sie nicht. Dann kriegst du sie nicht. Dreckiger Reseller. Kann ich aus dem Tower raus zum Buffen? Yes. Aber nicht zu lange. Du darfst nicht zu lange draußen bleiben. Irgendwann schließt sich die Instanz oder der Dungeon schließt irgendwann. Also raus, buffen und so schnell wie es geht wieder rein. Du würdest sie nehmen, Baxot. Ja. Also sie scheinen wohl mehr als eine Mio wert zu sein. Wobei, naja. Ja, doch. Machen wir 900k, Baxot. Nicht, dass die noch günstiger werden, bis du 75 wirst. Ich habe ein Future BP Level 1, zählt das auch? Nope. Schon wieder 2 cleane Stamps gedroppt. Na gut, den clean Schmuck schmeiße ich jetzt weg. Die Zeiten sind vorbei, wo ich darauf angewiesen war. Ich spucke jetzt auf cleanen Schmuck. +3 kann man vielleicht mal noch aufheben. Vielleicht. Ich habe immer noch keine Gore +3. Ich habe Minimum 5 Gores. Mittlerweile wahrscheinlich sogar schon mehr als 5 Gores gedroppt. Und keine über +3, keine über +3, keine über +0. Das ist Wahnsinn. Kannst du dir, wenn du das nächste Mal an den Briefkasten bist, checken und schreibst einen Text, was du bekommst? Yeah. Wie heißt du? An welchen Char soll ich schicken? Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen. Einfach Waxot. Sehr gut. Bist du erst 16 Rekuba? Naja gut, Waxot ist schon fast 60. Er wird sie früher brauchen wahrscheinlich. I'm sorry. Killst auch keine Flugmonster für +6 Schmuck. Ja, aber du kannst ja überall Schmuck plus droppen. Das geht ja überall. Das ist einfach nur Glück. Auch wenn Flugmonster vielleicht eine höhere Wahrscheinlichkeit haben. Mag sein. Dennoch ist es Glück. $60 Mio Alex-Tür in einem Shop. Boah. Das ist krass. Aber das ist sie nicht wert, oder? Oh, nevermind. Waxot ist sogar schon Bildposter. I'm sorry. GZ, Sir. Sehr gut.
Das ist doch Knorke. Schafft man den Envy Dungeon mit einem Comet Set? Nein, auf keinen Fall. Die Viecher zerfleischen dich. Das erste Monster, das dich angreift, nimmt dich hops. Das erste Mob one-shottet dich, das dich angreift. Außer das Comet Set ist plus 10 mit Blitz plus 10. Dann nicht, aber sonst schon. Habt ihr noch Platz in der Party? Nee, aber ich werde vielleicht bald meine eigene Party starten. Was habe ich gesagt? 300 F-Coin? 300 F-Coin sind 20, 25 sowas, ne? In dem Bereich. Ja. Halbe Stunde vielleicht noch. Comets und Clean 13 Mio teuer. Chat. Comets und Clean 13 Mio teuer? Fragezeichen. Also für mich hört sich's teuer an, ja. Das klingt ziemlich teuer. Hab schon für 5 gesehen. Das klingt schon ein bisschen besser. Wie viele Quest-Items würden fehlen für mehr Plätze in der Gilde? Oh, zu viele. Oh. Ne, uns fehlt tatsächlich gerade Geld, lol. Quest-Items sind sogar genug drinnen. Geld fehlt jetzt wieder. Kann ich mir einen Platz erkaufen? Wenn es dir das wert ist, sagen wir 2 Mille. Oder 1,5. Alle RXPs aus der Suit für 100 Mille bekommen. Jetzt kommt bestimmt der billige Suit bald. Copium. Echt? Die Gowns auch für unter 1 Mille? Was hast du gezahlt? Was haben sie gezahlt für die Gowns, Sir? Dann war der Drop wohl trotzdem Trash. $900k. Oh, ja, das war genau das, was ich für Wachsdot wollte. Ja gut, dann machen wir 800k. Oh, Cheer Nation, everybody. Vergesst nicht euer Cheer. Ich habe mich ewig nicht mehr gecheert. Vergesst nicht euer Cheer für ein bisschen Bonus-XP, 5% mehr XP für 10 Minuten. Vergesst nicht euer Cheer. Cheer, Cheer, Cheer. Cheer, 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 Cheer. Hier ein Shop mit 8 mal Alex-Gowns für 5 Mille. Das ist halt so safe Reseller. Ach, was du nicht sagst. Yeah. Captain Obvious. Ist Reonan-Quest notwendig, beziehungsweise alle Questy-Quests? Nein. Also wenn du Free-to-Play bist bis Level 30, kannst du ruhig ein bisschen questen, ist nicht so schlimm. Aber eigentlich willst du bis 30 so... Also eigentlich würdest du wohl probieren, alle deine Amplis, falls du welche hast, zu buttern, um so schnell wirklich auf 30 zu kommen, weil du ab 30 ja Doppel-XP bekommst. Also eigentlich ist das Ziel, so schnell wie möglich 30 zu erreichen, mit allen Mitteln. Und dann einfach nur noch grinden. Oder überwiegend grinden. Und Quests sind eher nebensächlich. Kann man mal zwischendurch ein paar machen, aber überwiegend eher keine Quests. Am Anfang. Weil man kann sie alle später nachholen und die meisten Leute wollen die Quests ja echt wegen den Inventarplätzen. Die meisten anderen Quest-Belohnungen sind eher nebensächlich. Also von vielen Quests sind die Belohnungen jetzt nicht so heftig. Erst die High-Level-Quests, die schallern richtig rein. Erstens geben die Arsch viel XP.
Auf einem extrem hohen Level. Und auch voll viele Protects und so. Das ist mega geil. Ab Astria die Quests. Astria Volcane Dungeon. Da geht's ab wie Schmitz Katze plötzlich. Xetik, danke für den Follow. Appreciated. Vergessen Poster zu kaufen. Der Klassiker. Ich habe es das allererste Mal nicht vergessen auf dem Server, tatsächlich. Dieser Server das erste Mal, dass ich dich vergessen habe. Ich glaube, das erste Mal in meinem Leben tatsächlich. Auch bei Flash PC habe ich das aber vergessen. Ab wann fängst du eigentlich mit der 8-Char-Taktik an? Also meinst du, wenn ich jetzt 8-Char-Taktik machen würde, ne? Weil mache ich ja diesmal nicht. Du meinst, wenn ich es machen würde? Die anderen Chars ausrüsten? Na, eigentlich gar nicht. Auf 15 bräuchtest du ja jeden Fall mal ein bisschen. Nee. Nee. Also auf 15 reichten Bodensword, ein Schild und Full STR eigentlich. Kleines bisschen Food, aber du hast ja die Biscuits von der Level 1er Quest. Jeder Chart 50 Biscuits von dieser Level 1er Quest bekommen. Longsword hat auch jeder, Green Shield hat auch jeder, alles von der 1er Quest. Und 50 Biscuits kriegst du alles von der 1er Quest, wenn du es nicht weggeschmissen hast. Das reicht easy. Für die 15er Mobs. Und sonst musst du ja nur Alberts töten und so einen Scheiß. Also für 15 brauchst du kein Equip. Für 60. Aber auf 60 macht man es eigentlich so, hör zu. Ist vielleicht noch ein bisschen in der Zukunft, aber mein Tipp für dich wäre bei der 8-Char-Taktik auf 60. Du rüstest also dein Main-Character ist ja dann schon viel höher. Also wenn die anderen 60 sind, ist dein Main-Character schon längst drüber. Über 60. Und deine M vielleicht auch. Aber die anderen 6 Hampelmänner, ne? Wer auch immer das ist, welche Klassen auch immer das sind, ist ja egal. Diese anderen 6 Hampelmänner. Also gut, die Assists haben es eh einfach. Moonbeam auf Level 1 gegen Cardinal Guardian. Läufst ein bisschen im Kreis und foodest. Das ist auch easy. Aber für alle Nicht-Assists ist es so, du rüstest halt einen einfach aus mit ein bisschen NPC-Shit. Am besten halt schon vorher drauf achten, bevor du keine 50 Items mehr droppst. Dass sie zumindest NPC-Rüstung haben, dass sie nicht so viel Schaden bekommen. Ein Schild, eine Waffe, fertig. Vielleicht ein kleines bisschen Schmuck, wenn du was droppst. Aber Schmuck ist fast irrelevant, ist egal. Und dann rüstest du einen aus und der killt den Venel dann effektiv 6 Mal. Das machst du quasi so, der killt ihn keinmal für sich, also du darfst ihn nicht killen, also nicht Last-Hitten besser gesagt, es geht um den Last-Hit bei Venel, weil du kannst Venel Guardian zusammen machen, aber nur wenn alle die Quest haben. Und das heißt, wenn du jetzt mit einem killen würdest und das ist der Einzige, der Equipment hat, kann er nicht nochmal gegen ihn kämpfen. Also ich glaube, du musst dann das Quest-Item löschen oder die Quest abbrechen und neu annehmen, whatever. Wäre nervig. Aber du machst es einfach so, du downst ihn nur, dass jemand anders nur den Last-Hit machen muss. Du downst und tankst. Irgendein anderer von den Larrys, der quasi kein Equipment hat, der Last-Hittet dann. Wenn alles gut geht, kriegt der andere, also der Last-Hitter kriegt dann den Kill und das Quest-Item ist fertig. Und der, wo ihn eigentlich gekillt hat, also der, wo 99% Schaden gemacht hat, der Char, der macht das gleiche dann nochmal für den zweiten und für den dritten und für den vierten und für den fünften und ganz am Ende tötest du erst mit dem und sammelst das Quest-Item mit dem. Da musst du nämlich nur einen Char ausrüsten und keine 8. Also so macht man das eigentlich. Im Idealfall. So. Also auch da müsstest du nicht alle Chars ausrüsten, weil alle Chars ausrüsten wäre sau nervig.
Also ich glaube, ich habe das einmal so gemacht tatsächlich, dass ich Equipment gesammelt habe für alle. Für Assist, für Bipapo. Habe ich immer drauf geachtet, NPC-Rüstung, habe das ein bisschen hergetradet. Ich glaube, es war auf Burodeng damals, habe ich das so gemacht. Ja, also kann man schon machen, aber es ist halt voll umständlich. Also wenn du dich auf einen Char fokussierst, dann ist das besser. Aber das kannst du auch machen, wie du willst, aber so würde ich es machen. Neue Nachricht erhalten, by the way, was ist das? Zurück an Absender, bitte. Aber wann geht Meteo? Muss die Dekans Mine Quest fertig haben und der Boss ist Level... Oh, lasst mich nicht lügen. 100 ist der, oder? Der normale Meteo. Ich habe den schon ewig nicht mehr gemacht. Ich habe den schon seit 2 Jahren nicht mehr gemacht. Ja. Muss die Dekans Mine Quest fertig machen und muss halt stark genug sein. Der, ich glaube, auf Hard hat er 90 Millionen HP. Macht Schmelze. Der macht die gleiche Schmelze wie der Red Meteo. Nur macht es halt etwas weniger Schaden, aber Schmelze ist ja in der Regel für dich One-Shot. Also wenn du nicht so viel HP hast oder Blockrate, dann one-shottet dich die Schmelze in der Regel. Deswegen ausweichen. Ah ja. Aber es geht theoretisch ab Level 86, wenn du Dekans Mine Quest fertig hast, aber würde ich nicht empfehlen. Also effektiv ab Level 100, glaube ich. Eintritt kostet 1 Million. Ist wie Clockworks, das heißt, du brauchst 2 Chars in der gleichen Gilde. Und, lass mich nicht lügen, kostet 1 Million Eintritt. 1 Million Penya Eintritt. Ist der einzige Boss, der Geld kostet. Meinst du eigentlich Red Meteo? Oh. Hättest du das nicht früher sagen können? Entschuldige. Red Meteo geht ab 120, auch wenn du erst die, also musst auch erst die Quest 3 machen. Und der ist aber sehr schwer. Also Red Meteo, also der macht, oder was heißt, er ist sehr schwer? Sagen wir es so, er macht keinen Spaß, wenn du kein gutes Equipment hast. Also er macht sowieso keinen Spaß, finde ich. Ich hasse den. Ich hasse ihn wie die Pest. Aber ja, also der ist nur nice to farm, wenn du ihn schnell killst und auch wirklich gutes Equipment hast. Also den würde ich erst machen mit Bloody Waffe. Bloody Waffe und 135er Set eigentlich erst. Also 105er Set bei Red Meteo macht keinen Spaß, glaube ich. Aber wie immer ist das auch immer so eine Frage der Power-Ups. Wenn man dich zuscheißt mit Power-Ups, dann wird es natürlich immer leichter. Aber das Lustige ist ja, Red Meteo ist eigentlich irrelevant, weil du kannst ja die Bloody-Waffen einfach craften. Das geht gefühlt auch viel schneller und leichter. Also du wirst höchstwahrscheinlich viel schneller eine Bloody-Waffe aus deinem NPC-Scheiß bekommen, den du droppst, als du eine droppst bei Red Meteo. Also außer du hast halt Glück. Und, ja. Also eigentlich muss man den auch gar nicht farmen. Das ist das Lustige dran. Also selbst auf einem neuen Server kann jeder mit einer Bloody-Waffe rumlaufen, ohne dass auch nur ein einziger Red Meteo getötet wurde. Der Boss ist auch so ein bisschen überflüssig eigentlich. Lustigerweise. Einer der stärksten Bosse im Game oder nervigste Bosse im Game. Und eigentlich auch noch komplett überflüssig. Eigentlich braucht den niemand. Bloody-Set-Teile, okay. Aber bis du da mal ein Set zusammen hast, weil die Bloody-Set-Teile kann man halt leider nicht craften oder so. Bis da mal wirklich Sets entstehen und so, sind die Leute halt auch schon 140 und dann machen sie einfach 150er Sets minus 10. Auch das ist halt irgendwie so blöd. Bis da mal die ganzen Sets auf dem Markt sind die Leute alle schon viel höher als 120. Also ich finde, Red Meteo könnte man mal überarbeiten. In vielen Aspekten. Aber ich glaube, dass sie das jemals machen. Channel 1 musst du bitte, Kugis. Channel 1, please. Lol, ich kämpfe mit der Faust und ich check's wieder nicht. Hä, wieso hatte ich die Faust aktiv? Habe ich gerade einen Catcher eingesammelt und es literally vergessen? What the fuck?
Envy Dungeon ist ja dann fast unmöglich, gibt ja kaum Shamudra-Set-Teile. Du sagst es, fast unmöglich. Es wäre schon möglich, theoretisch, aber ich denke, das rentiert sich nicht. Du müsstest so viel Power-Ups bzw. in dein Equipment investieren und wahrscheinlich auch noch fehlerfrei spielen, dass sich das wahrscheinlich nicht wirklich rentiert. Also mit Comets-Set ist es schon brutal. Also wenn überhaupt ein 60er-Set vielleicht, also Rescon-Set könntest du tragen. Also wenn überhaupt, müsstest du schon Rescon-Set tragen, Element auf die Suit packen. Also dann kann man vielleicht drüber reden, aber Comet-Set ist geistesgestört. Also das ist halt wie wenn du Hardcore-Modus startest, wenn du mit Comet-Set probierst. Dann machst du es quasi auf Hardcore. Also mit dem Rescon-Set, das sollte ja auch schön günstig sein, gibt HP-Rate. Vielleicht eine zweite Stat-Page, bisschen präparieren. Irgendwie so. Also dann kann ich es mir schon eher vorstellen, aber mit Comet würde ich es gar nicht erst probieren, das lohnt sich nicht. Bis du das mal auf die Reihe bekommst. Also ich will dich nicht entmutigen, aber ich denke halt, also es macht halt auch keinen Spaß. Also der Spaßfaktor ist ja auch nicht unwichtig. Wenn du dich da durchquälst, 40 Minuten pure Qualen, das ist ja auch nichts. Ich habe nur deine Gesundheit im Auge, Sir. So wie ich meine nicht im Auge habe. Habt ihr auch schon Spielzeitbelohnungen geholt und Pass? True. Kenji, my man. Android Box Event. Vergesst nicht das Android Box Event. Ich habe das jetzt... Ich glaube, ich habe es zweimal vergessen. Vitaldring und Refresher heute bekommen. Android Box Event. Holt euch eure Android Box. Und natürlich auch die Daily Spielzeitbelohnungen. Daily Battle Pass. Ja, und meine M kriegt eine Power Scroll, weißt du? Ich meine, ist mittlerweile nicht mehr so krass wie Power Scroll, aber komm. Brother, was soll das, Mann? I don't need the Power Scroll auf dem M. Ja. Essen, junger Mann, Pinguin. Ich mache jetzt noch kurz Inventar voll, Pinguin. Dann gehe ich auf Channel 1, mache einen neuen Shop auf und dann schiebe ich mir eine Lasagne in den Ofen. Die dauert dann wieder eine Stunde. Ja, letztes Mal waren es 46 Minuten. Sie war tatsächlich ein bisschen zu kross, tatsächlich. Diesmal war ich nur 40 Minuten. Aber es war mehr als 46, es waren so 50 wahrscheinlich. Wenn es wirklich 45 gewesen wären, wie ich es eigentlich gesagt hatte, dann wäre es perfekt gewesen. Aber auch mal 4,3k bei Tanga Quest auf die Genbank gepackt. Du kannst dir direkt spenden, tatsächlich. Ja, mit Questies Geld verdienen, der Zug ist auch irgendwie abgefahren. Hole dann schon mal meine Ernährungstipps pünktlich zur Lasagne. Ich bitte darum. Nichts lieber als das. Wenn nicht, dann gibt es eine Woche PC-Verbot. Wow. Warum so gemein, Dad? Komm runter, Daddy. Geben die Dumps mehr XP als die Garbage Spider, Bannik? Ja. Sollten sie. Das, ja, definitiv, yeah. Das muss ich gar nicht nachschauen. Safe. Yeah. Wobei ich nicht glaube, dass ich, also ich glaube, es ist kein so krass nennenswerter Unterschied. Du musst, Waxot. Okay, hau rein, Sir. Danke fürs Zuschauen, Sir. Dort leveln statt bei den Spiders. Ja, auf dem Level levelt man eigentlich gar nicht. Du hast ja so viele Quest-Item-Quests, ne? Ich würde halt einfach die ganzen Quest-Item-Quests abgammeln. Also geh in die Wüste, hol dir die Grip-Bandagen, hol dir die Dump-Tire. Dann kannst du noch direkt zu Nautrepi gehen, was ja auch direkt daneben ist. Hol dir die Rapigal. Brauchst alles 45 Mal, was ich gerade gesagt habe.
Und dann kannst du eigentlich wieder zu Garbage Spider Cranes, holst dir da die ganzen Quest-Items und dann bist du eh schon wieder 2-3 Level höher wahrscheinlich. Auf FEC geht es ja so schnell. Also ich würde die ganzen Quest-Items mit abgrasen. Also ja, du kannst erst Garbage Spider und Crane holen und dann in die Wüste zu Trump. Dann gehst du zu Trump in die Wüste, Bro. Dump. Und, genau. So würde ich es wahrscheinlich machen. Weil die Questies kaufen... Also gut, mittlerweile sind Questies echt günstig, weil die Leute sich permanent unterbieten gegenseitig. Aber trotzdem. Ist halt verschwendetes Geld eigentlich. Also man kann sie easy selber farmen. Außer man hat es richtig eilig und ist hier mit doppelt gestackten Amplis und so einem Scheiß unterwegs. Dann nicht. Aber wenn du, sag ich mal, halbwegs gediegen spielst, so wie ich zum Beispiel, dann kannst du locker alle Questies eigentlich mitnehmen. Aber es ist dein Call. Aber ja, wenn du jetzt einfach nur leveln und grinden würdest, dann ist die Antwort ja auf deine Frage. Habe ich halt auf dem Level kaum gemacht. Naja, wobei stimmt eigentlich nicht. Ein bisschen gegrindet habe ich schon. So, Inventar ist fast voll. Meinen Kids habe ich gerade einen Lappen in die Hand gedrückt, die machen jetzt den Haushalt. FEC ist nur einmal im Jahr. Based. Sollen froh sein, wenn sie was zu essen bekommen, wa? Können froh sein, wenn sie was zu essen bekommen, wa? Die kleinen Scheißer. Miete zahlen sie auch nicht. Bruh. Fleißig gesagt, seltsamerweise, dass es bei der 0,1 mehr gibt. Dump haben aber auch weniger HP. Das ist leider nicht viel, es sind nur 600 oder so. Was, 0,1 mehr? Nee. 0,1? Ich dachte, du hast 0,01 gesagt. Was? Oh. Ich meine, wenn das Wiki das sagt, müsste es theoretisch stimmen. Ach, 0,01. Okay, ja gut, das schon eher, ja. Ja, Dump haben aber weniger HP tatsächlich. Minimal. Es ist minimal, aber Dump haben tatsächlich ein klitzekleines bisschen weniger HP. Also die XP pro HP ist bei Dump eigentlich besser, wenn ich mich richtig... Also, sollte besser sein. Wobei, vergleichen Sie mal bitte Small Dump und Garbage Spider, Sir. Vergleichen Sie mal die Smalls, die 64er. Vergleichen Sie mal Captain Dump, Small Dump mit Captain Elderguard ist das, 64. Small Dump habe ich in meiner Liste stehen. Aber ja, die Dumps haben auf jeden Fall weniger HP, auch wenn es nicht viel ist. Deswegen sind sie besser, theoretisch. Aber es ist minimal, ja. Geh einfach dahin, wo du lieber hingehst. Es ist minimal, der Unterschied. So oder so ist der Unterschied minimal. Nicht weltbewegend. Vor allem levelt man da ja auch nicht mal 2 Stunden wahrscheinlich. Lasagne haben sie sich eben durch 7 geteilt. Uff. so viel zum Thema Broke Ass. Tja, ich erinnere mich noch gut an die Zeiten, als ich so ein Broke Ass war. Giant Antiquary ist wieder am Start. Wie kann man die Spitzhacke nutzen? Muss nach St. Morning zu Levi, links von der Kirche. Oh! Chat! Merkt ihr was? Ich aktiviere die FEC-Flask und plötzlich läuft's. Vigor plus 7 gedroppt. Wie war das mit ich muss Flugmonster töten für Schmuck plus 7 oder plus 6? Nee, du musst die FEC-Flask aktivieren.
Du musst einfach nur cashen. Und wenn du cashst, plötzlich läuft's. Zufall? Ich denke nicht. Weil ich habe gar nicht gecached, aber ich habe ein Cash-Item aktiviert. Eigentlich habe ich gar nicht gecached. Aber ich habe die Casher-Flask. Crazy. Einfach Vigor plus 7. Was ist dieses FEC? Steht für Flive Weltmeisterschaft. Also auf Englisch World Championship. Das ist die Flive World Weltmeisterschaft. Das ist wie die Quidditch Weltmeisterschaft. Nur ohne Harry Potter und tausendmal besser, weil es Flive ist. Nichts gegen Harry Potter. Actually eine decent TV-Show. Es ist keine TV-Show. Es ist keine TV-Show. Ja. Und tausendmal mehr Lag. Ja, Harry Potter, die hatten das safe besseres Internet. 1000%ig. Damals, 2001, hatten die schon besseres Internet als Galas Server. Noch nicht. Noch nicht was? Ja, auf jeden Fall Flive Weltmeisterschaft. Und, ist basically einfach ein Server mit Doppel-XP, Doppel-Drop, Doppel-Upgrade-Rate, aber zieh da rein, was hier los ist. Ich sollte das echt nicht machen, sonst stürzt mein PC ab. Ich sollte das wirklich nicht machen, sonst stürzt mein PC ab. Jesus Christ. Okay. Saftige 4,6 Millionen. Mach nochmal. Ich hoffe, das hat dich überzeugt, Scooty auf universe.flive.com zu gehen und es dir einfach selbst mal anzugucken. Den Schinken. Am besten den Schinken einfach mal selber angucken. Den alten Universe-Schinken. Das wären sage und schreibe 3 FPS. Ja, also ich meine FPS sind immer ein bisschen kacke. Mein PC gibt gerade den geil... Also mein PC ist echt... Mein PC ist kurz vorm Exitus. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt noch streamen kann, glaube ich. Also meine FPS sind nie gut, aber so schlecht dann auch wieder nicht, ne? Also ich habe immer maximal 60 FPS, weil mehr packt er nicht mehr. Also ich kann schon mehr machen, aber dann laggt, also dann ist es halt nicht flüssig. Wenn ich 60 mache, dann ist es halt wenigstens halbwegs flüssig. Nice, meine M ist 79. Ich würde auch gerne Flash spielen, aber mein PC ist zu schlecht. Uwe, 70. I feel you, Uwe. I feel you. So. Ich habe gerade einfach Weeps gelesen. Hier steht Webs und ich habe einfach Weeps gelesen. Kurz mal meinen eigenen Shop suchen. Du hast es als kleines Kind gespielt und später dann nochmal irgendwann, aber hab dann keinen gefunden in meiner MC, dann habe ich aufgehört. Ja, leider hat sich Flive dahingehend entwickelt, dass man einfach mit 2 Charaktern spielt. Weil genau dieses Problem, was du beschreibst, das hat eigentlich jeder irgendwann mal gehabt. Und das löst man einfach damit, dass man selber 2 Chars hat. Alter, der hat 30.000 Minerals. Krass. Obbe, danke für den Follow. Ich würde auch gerne mal wieder mein Albert knüppeln. Ich, 29. Pinguin, ich habe immer noch kein Bild von dir bekommen mit dem Albert. By the way.
Kann mir mal jemand die Power Dice Preise sagen, so die gängigen? Chat? Also 4 und 6 vor allem. Kennt die jemand? Also klar, von kommst, kaufe ich dir alle PD8 ab. Ist schlecht. Ich komme da nicht hin. Ich habe keine Blinkwing-Möglichkeit. Ich habe eh nur noch 5. Ja, aber da weiß ich ja. 350k. 350k haben die Waves geschautet. Auch 4 und 6. Aber eigentlich die können aber eigentlich nicht gleich viel wert sein. 4 müsste mehr wert sein, theoretisch. 4 ist eigentlich immer ein bisschen mehr wert. Oder meistens. Der hat 450, 420. Aber eben welche von 150k gekauft. Ja. Ich will ja wissen, für wie viel ich sie verkaufen kann. Nicht einkaufen. Und resellen. Also die sind definitiv nicht 150k wert. Also die im Leben. Never. Da hat irgendeiner fett gefettfingert. Da hat einer gefettfingert. Für 150k gebe ich die nicht mal her. Da kann ich sie ja jetzt schon aufheben für Bloody Gamble. Hier ist 398, 378. Okay. 50 PD8, 10 A-Project vorhin. Ja, PD8 habe ich brauche eher 4 und 6. Also unter 400k. Ah, der hier hatte PD4 für 320, die sind weg. Und PD6 für 350, die sind noch da. Das heißt, PD4 ist wahrscheinlich 350 und PD6 wahrscheinlich 320. Na, das ist doch mal was. Damit kann man mal was anfangen. Ich habe tatsächlich relativ viele mittlerweile. Das wäre tatsächlich auch gar nicht so wenig Geld, wenn die wirklich weggehen würden. 20 und 22. Ich sag doch für 3,50 für alle vermutlich. Du hast recht, es tut mir leid. Ja, aber man muss ja einfach mal, man muss ja auch mal die Konkurrenz abchecken, Sir. Okay, diesmal nichts vergessen. Power Dice, Materials, eine Volcano 4. Ja, passt. Achso, braucht jemand einen Multi-Step-Jojo? Für Level 70 mit 15%. Ist hier noch so ein Jojo-Jester Free-to-Play unterwegs, der auch mit seinen Auto-Attacks nicht zufrieden ist? 15% Multi-Step-Jojo hätte ich noch. $5 Millionen spendiert er. Wow. Damn. $5,1, 1,2, 1,2,3. Oh, wow. 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 Einen Platz bekommen. GG. Ja, nochmal Aimlab spielen sollen, bevor ich zu Klarfang gehe. True. Die sind ätzend anzuklicken. Gut, ich mache mir jetzt echt was zu essen. Bis gleich.
Oder XP werden verlängert? Hat das jemand gesagt? Ich denke nicht, ehrlich gesagt. Also ich hoffe es, aber ich fürchte nicht. Oh, hier werden Pets verkauft, lol. Die ersten Pet-Shops. Da muss man Wecker stellen, halbe Stunde. Halbe Stunde. Junge. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Punkt erreiche, an dem ich mir einen Wecker erstelle, um mir um 4:56 Uhr eine Lasagne aus dem Ofen zu tun. Was hat mich an diesen Punkt gebracht in meinem Leben? Dass ich mir um 4:56 Uhr eine Lasagne aus dem Ofen hole. Wow. Warum sagen eigentlich so viele Sir auf dem Server? Die Pinoys sagen das immer. Das ist von den Pinoys. Die sagen das immer. Buff, Sir. Hello, Sir. What are you doing, Sir? Sir, Sir. Sir Nation. Sir, may I ask? Also eigentlich ist das total höflich, wenn man ehrlich ist. Eigentlich ist das eine höfliche Anrede. Form. Also wenn es höflicher als die Deutschen, da sagt keiner Sir. Oder die meisten nicht. Ach ja, meine M hat eine Element Attack Stone Select Box bekommen, by the way. Ich glaube, es ist der Easter Box oder Android Box. Einer von beiden ist sie, glaube ich, drin. Gar nicht bad. Kann man später mal benutzen irgendwann. Mike Tyson, what else? Bin ich free to play? Ja. Aber wir reden hier nicht mehr darüber. Nicht nach dem Free-to-Play fragen. Macht irgendein Dungeon Sinn zu machen? Naja, Envy Deaths, wie gesagt, wenn man ihn schafft, aber Mercenary-Blade ist dafür halt echt nicht die beste Klasse. Wenn du jetzt wirklich auf Envy Deaths gegrindet hättest oder unbedingt hättest Envy Deaths farmen wollen, wäre es jetzt eher Assist gewesen. Also Ringmaster. Ringmaster und Ranger, würde ich sagen, wären für mich persönlich die Klassen, mit denen es am leichtesten gehen sollte. Ranger, weil Fernkampf, bisschen Kiten, Hit and Run, sehr starke AOE. Auch wenn es gegen Wassermonster geht, aber das ist ja trotzdem auch den Slow von Ice Arrow und so, pipapo. Ringmaster, Autopilot mit Merkaba und du hast Rassist statt Assist verstanden, lol. Ringmaster, Merkaba, Stonehand, auch wieder Kiten, Hit and Run, etc. Also, ja. Das ist so nicht die richtige Klasse leider, um jetzt wirklich mit, sag ich mal, minimalstem Aufwand Envy zu kriegen. Bei Mercenary Blade würde ich eher sagen, es ist eher maximaler Aufwand. Gefühlt. Also zumindest, wenn man keinen Shabudra hat. Und, ja, das war's leider. Also Ivalice gibt's noch, by the way. Hat keiner wirklich auf dem Schirm wahrscheinlich, weil es auch ziemlich irrelevant ist. Ivalice-Waffen könnte man farmen, aber maximal bis Level 70, was auf jeden Fall ein Grund ist, warum es keiner macht. Weil du dich dann aktiv unter Level 70 halten müsstest. Und, ja. Also sonst schwierig, ne? Clockworks ab 80 frühestens. Clockworks frühestens ab 80. Und dann halt die Meteos.
Na, so richtig Dungeon Farmen im Early Game macht man jetzt eigentlich nicht wirklich so krass bei einem neuen Server. Einzige wäre wirklich Envy Devs halt. Wenn man es halt gut hinbekommt. Das ist echt die einzige Ausnahme. Aber wenn man den nicht wirklich packt oder halt, wie gesagt, da hart struggelt, dann lohnt sich das natürlich trotzdem nicht. Da kann der Dungeon noch so geile Belohnungen haben oder Drops oder whatever. Wenn du es nicht wirklich hinbekommst, dann bringt dir das auch nicht viel, die Info, dass das theoretisch so ist. Vergesst nicht euer Cheer, by the way. Cheer Nation. Ist das Multistep noch zu haben, Jojo? Yes, ich hab's hier noch. Ich kann es dir zuschicken. Gib mir einfach den NPC-Preis. Oder vielleicht 10% mehr. Ja, warum ist hier ein Captain Antiquary? Achso, wegen dem Giant. Oh, wow! Alter, ich stehe direkt neben dem Giant. Ich hab's nicht gesehen, lol. Holy shit. Damn. Hab's nicht gecheckt, dass der da gerade gegen den Giant kämpft. Ist meine Rüstung 4 von 4? Nope. 2 von 2. 2 von 2, 6% Attack. Low Budget. Achso, nochmal Shoutout für mich selber, by the way. Ich suche nach Rasra, also weiblich Jester 90. Rasra. Setine mit STR-Stattung. Falls ihr was seht, falls ihr was findet, falls ihr was droppt, ruft mich an. Ruft mich an. Danke. Hab noch eine M. Packt er das Envy Dungeon mit einem Wedge plus 4? Oh Gott. Wedge plus 4 Envy Devs. Ich fürchte nicht. Waffe clean. 4 Waffe ist plus 4, 4. Element plus 4, plus 4. Ist Jojo plus 4, Wind plus 4. Also ja. Basically clean. Plus 4 auf FEC ist clean, ja. Bin zu geizig für mehr. Ich habe keinen Bock mehr Low S-Projects zu kaufen. Ich sehe das irgendwie nicht ein, da 200.000 Penyas für zu zahlen. Ich meine, plus 5 könnte man auch machen. Das hat ja irgendwie 80% oder so. Aber wenn es einmal fehlschlägt, dann bin ich so sauer. Aber ja, plus 5 könnte man wohl noch machen. Ich meine, gut, Element müsste man öfter plus 5 machen. Das ist schon nervig. Das plus 5 an sich, das muss man ja tatsächlich echt nur einmal machen. Ja, das werde ich irgendwann bestimmt auch noch machen. Aber ich bin jetzt erst wirklich also effektive Spielzeit bin ich erst seit 3 Stunden nicht mehr geistesgestört broke. Seit circa 3 Stunden bin ich endlich nicht mehr komplett broke die ganze Zeit. Also ich bin gerade erst aus diesem absoluten Mindestlöhner-Mindset raus. Also ich mache das Jojo wahrscheinlich sogar plus 6 noch, I guess. Jojo noch plus 6 machen. Und, ja. Ja, Element, mal schauen. 4 oder 5. Wahrscheinlich 4. Kannst du Tutorial dafür machen für Real Life? Oh, das würdest du nicht packen. Im Real Life ist es noch viel schwieriger als im Live. Dagegen ist Fly für ein Zuckerschlecken gegen das Real Life. Hast mir die Kohle geschickt? Okay. Ja, ich habe eh gerade was zu essen im Ofen. Also bist du schon 70? Brauchst du es dringend oder sonst 20 Minuten circa? Ey, mein Shop hat nichts verkauft, gell? Nur Power Dice 8 wurden gekauft bis jetzt.
Grrr. Und Level Up. Nummer plus 7 am Start. Ich habe einen plus 6 und einen plus 3. Den plus 6 habe ich gedroppt. Du hast mir vor den Shop geschissen. Oh, jetzt will keiner mehr reingehen. Weil dann Fladen vor dem Laden. Oh, da liegt ein Fladen vor dem Laden. Jetzt wurde gerade was gekauft. Ringo. Da liegt ein Fladen vor dem Laden. Damn. Also nee, Demos plus 7 habe ich auch noch nicht. Ich hoffe einfach darauf, dass ich sie droppe. Ich habe jetzt gerade einen Vigor plus 7 gedroppt, aber ich will aktuell noch Arex behalten. Aber den hebe ich mir mal für später auf, falls ich irgendwann switche. Genau. Ja, Vigor plus 7 habe ich gerade gedroppt. Ich habe jetzt zweimal plus 7 gedroppt. Einen Arek und einen Vigor. Leider habe ich den Arek gedroppt, nachdem ich mir 2 davon gekauft habe. Aber naja. Will mich jetzt auch nicht beschweren. Ist trotzdem ein guter Drop gewesen. Nurgle-Styler? Hey, ich habe mich nicht beschwert. So. Habe ich Housing gemacht? Nee. Der höchste Penya-Betrag, den ich bisher hatte, waren 50 Mille und Housing kostet ja 100. Nee, du, davon bin ich noch weit entfernt. Also, bald vielleicht? Also, ich wollte noch Couple machen. Also, mein nächstes Goal war jetzt Party-Scroll für Link Attack. Das sind nochmal 20% Damage. Also, eine Party-Scroll einen Tag erstmal. Dann Couple. Weiter habe ich noch nicht gedacht. Couple und Party-Scroll waren jetzt meine nächsten beiden Targets. Ich setze mir immer so kleine Ziele nur, weil irgendwas Realistisches, was man in 1-2 Stunden schaffen kann. Oder maximal 3 Stunden. Keine Ahnung, was ich in 10 Stunden mache. Soweit denke ich nicht voraus, ehrlich gesagt. Ich mache Step after Step. Time after time. Oder so ein Scheiß. Wie findest du das Couple-System? Ach, das ist super easy. Du brauchst einfach nur diesen Ring. Der kostet eben 10 Mio. Oder es gibt auch F-Coin-Alternativen, die dann auch ein bisschen bessere Effekte haben. Also mehr Teleports, mehr Storage, Couple Storage. Und das einzige Effektive, was es wirklich bringt, ist halt Couple Housing. Couple Housing habe ich ja in einigen Videos vom FEC erwähnt. In den ganzen Cash-Up-Videos war das mit drin. Da habe ich da viel drüber geredet. Ist halt ein Cash-Up-Only-Feature leider. Das Couple Housing. Also für uns Free-to-Play-Spieler ist es rein, drückt mal Komma ist das Couple-System, Taste Komma standardmäßig. Und dann geht er auf Skillpunkte, Golden Luck. Also das ist der springende Punkt von dem Couple-System, was jetzt den aktiven Nutzen angeht. Und passiv kann man halt die NPCs noch reinballern. Du kannst halt doppelt NPCs haben. Und die NPCs haben halt so Effekte wie zum Beispiel 5% XP, 3% PvE-Schaden, 5% Drop, das sind die 3 besten eigentlich. Die kann man halt dann doppelt haben, einmal im privaten Haus und einmal im Couple-Haus. Und ich meine, ja, 5% und so ist nicht viel, aber mal 2, dann sind es halt auch schon wieder 10% mehr XP und so, permanent im Endeffekt. Also permanent, sofern du die NPCs immer hast. Und so. Und das Couple
Skill Golden Luck ist halt nochmal 5% Drop. Das steht da so komisch, Drop and Penya. Aber es ist halt einfach 5% Drop, basically. Also, ja. Also, es ist jetzt nicht so ultra wichtig, deswegen habe ich es jetzt auch lange nicht gemacht. Aber es kostet halt auch nur 10 Mio. Und man kann halt einfach nur durch Online-Zeit kann man das Couple-Level erhöhen. Das heißt, jetzt, wo man so viel online ist zum Serverstart, ja, kann man halt viel Couple-XP pushen. Also könnte man es schon irgendwann mal machen, wenn man die Kohle eh hat. Ich meine, 10 Mio ist jetzt ja kein gigantisches Vermögen mehr. Für mich. Also ich rate euch nicht, es zu tun. Ja, man kann es schon machen. Mein Ring steht zweimal Teleport, heißt das, ich kann mein Couple nur zweimal zu mir porten. Ja, aber das hat einen 24-Stunden-Cooldown. Für beide, glaube ich. Ich weiß nicht ganz genau, ich habe es immer nur mit einem Char benutzt. Also ja, du kannst dich halt einmal teleportieren zu deinem Couple-Partner. Also zu dem anderen Charakter. Und mit den Ringen im Cash-Shop kannst du dich halt zweimal teleportieren. Oder halt öfter teleportieren. Was auch immer da steht, wie oft. Also Standard ist 1, Free-to-Play. Also wenn du den Couple-Ring vom NPC kaufst für Penya, dann hast du einen Teleport. Und wenn du welche aus dem Cash-Shop holst, dann wie viele Teleports halt dastehen. Das ist der Unterschied. Und Teleport heißt einfach nur, man kann sich halt zueinander teleportieren. Also wenn du zum Beispiel was vergessen hast oder du bist in einem Dungeon. Das geht überall hin, by the way. Also außer in Instanzen da nicht. Aber du kannst auch ein Flaris von, ein Char von Flaris, alles klar. Du kannst auch einen Char von Flaris in den Volcano Dungeon vor den Red Meteor holen, quasi. Das hat keine Limitations. Außer halt, was wirklich unmöglich ist. Zum Beispiel in eine Instanz rein crashen. Also das geht nicht. Aber sonst alles. Also dieser Teleport hat wenige Beschränkungen. Der ist gut. Aber halt ein- oder zweimal am Tag meistens. Also man kann ihn nicht wirklich so krass nutzen, weil er ist stark begrenzt. Selbst mit den Cash-Up-Couple-Ringen kann man ihn immer noch nicht wirklich... Also spammen kannst du den nicht. Also du kannst ihn echt nur so... Ja, nicht oft benutzen. Also wenn man den benutzt, sollte man genau drüber nachdenken, weil dann hat man halt, wie gesagt, 24 Stunden Abklingzeit müsste es sein. Roundabout. Ich weiß nicht, ob es exakt 24 sind, aber es ist auf jeden Fall ein sehr langer Cooldown. Und der steht auch leider nicht dabei, der Cooldown. Muss man einfach warten, bis der Button wieder gelb wird. Der ist dann so ausgegraut, wenn du es schon benutzt hast. Und dann musst du einfach warten. Was meint ihr mit Storage? Storage ist wie ein Gildenlager. Du kannst mal... Achso, das sieht man, glaube ich, erst, wenn man ein Couple hat. Ja, aber auf jeden Fall, du gehst zur Office-Tante, wo du auch das Gildenlager und dein eigenes Lager hast. Und da steht dann noch Couples Storage. Und das ist im Endeffekt wie das Gildenlager, halt nur für deine beiden Chars. Also es ist quasi eine geteilte Bank, wo du Sachen einlagern kannst. Das war's. Einfach zusätzlicher Lagerplatz. Mehr ist es nicht. Ziemlich simpel. Also ich bin nicht so begeistert von dem Couple-System. Am meisten stört mich halt das Couple-Housing. Dass das halt wirklich nur für F-Coins geht. Also wirklich gar nicht. Für Penya ist ein bisschen blöd, finde ich. Also du kannst es dir auch nicht von anderen Spielern kaufen irgendwie. Weil man diese Housing-Vorlagen halt nicht traden kann. Noch eine Frage, es gibt noch einmal Housing für dich selber. Dann Couple Housing und Gilden Housing. Yes. Das ist richtig. Gildenhousing ist eigentlich fast ausschließlich PvP. Außer 10% HP-Rate. 10% HP-Rate. Ist ziemlich geil, actually. Und Upgrade-Chance. Da gibst du Upgrade-NPCs fürs Gildenhaus. Da kannst du, also nicht viel, ist nur so 3 bis 5% oder 5% sind es, glaube ich. Ja.
Also PvP würde ich sagen, für die meisten nicht so interessant, die Gildenhaus-NPCs. Aber es gibt auch welche mit minimaler Upgrade-Chance für alle Gildenmitglieder. Und 10% HP-Rate ist ziemlich geil. 4% Vakuum gedroppt. Schade, schade, Schokolade. Schade, Schokolade. Wie Vorlagen meinst du, was man nicht tauschen kann aus dem Shop? Alle Shops-Vorlagen kannst du nicht tauschen, die sind alle sehengebunden. Oh, also, außer sie haben jetzt neulich eine hinzugefügt, die nicht sehengebunden ist. Geh mal auf Housing Template. Nee, was? Ja, doch, hier. Schau, die sind alle sehengebunden. Ich verstehe nicht so hundertprozentig wieso, aber es ist so. Guckst du? Das ist gar nicht Gildenhaus? Wie war das beim Achso, das Gildenhaus kauft mehr Ingame für Penya, ne? Ja, keine Ahnung. Checke ich nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Gala macht manchmal Dinge, die irgendwie keinen Sinn ergeben. Keine Ahnung, warum das Sehen gebunden ist. Weiß der Geier warum. Verstehe ich auch nicht wirklich. Nobody gets it. Kann man im Nachgang noch herausfinden, welchen Namen man für die Pre-Registration genommen hat? Ja, geh einfach auf die Pre-Registration-Seite. Also die müsste noch online sein, diese blaue Webseite da. Dann log dich mit dem Account ein, wo du es nicht mehr weißt. Und dann steht es ganz unten. Da war doch so eine Zeile, wo du es reingeschrieben hast. Und wenn du jetzt auf die Website gehst, steht da immer noch der Name. Sollte. Also, he was es auch nicht. He was es auch nicht. He was es auch nicht. He auch nicht. He was es auch nicht. He was es auch nicht. Na, ich auch nicht. Ne, da steht jetzt gleich Pre-Registration vorbei oder sowas. Echt? Oh oh, das ist schlecht. Dann weiß ich nicht, wie du es rausfindest, ehrlich gesagt. Oh oh. Also wenn diese Seite wirklich nicht mehr online ist, dann weiß ich nicht, ob du es noch rausfinden kannst. Das ist schlecht. Vielleicht kannst du dem Support schreiben, von der E-Mail-Adresse, wo du dich pre-registered hast, also von dem Account. Dass du den schreibst und fragst, ja, wie sieht's aus? Könnt ihr mir den Namen sagen, den ich den ich da eingetragen habe? So ungefähr, weißt du? Weiß nicht, ob sie das können oder machen. Also sie könnten es dir safe sagen wahrscheinlich, weil irgendwo muss das ja gespeichert sein. Also es muss eine Datenbank geben, wo das drin steht. Sozusagen. Also das könnte man safe nachschauen, aber ob die das machen, ist ja die Frage. Und ob du so lange warten willst oder kannst. Also ich würde dir einfach mal fragen, über ein Ticket. Da musst du auf gala.helpshift.com gehen. Das ist die offizielle Support-Seite für Fragen und Probleme. Also Discord, Modmail geht auch, aber eigentlich ist der offizielle Weg gala.helpshift.com. Und da müsstest du ein Ticket eröffnen und dann antwortet dir in der Regel auch immer ein Game Master. Also bei Gala Helpshift sind es, soweit ich weiß, nie Moderator. Da kommst du immer direkt zu einem Game Master. Bei Modmail kommst du meistens erst zu einem Moderator, die dir meistens nicht wirklich helfen können, weil sie keine Ahnung haben, weil sie da gar nicht arbeiten. Und dann erst zu einem Game Master. Ist auch ein geiles Item. Einfach Spackon-Suit. Einfach Spacko-N-Suit. Nicht schlecht. Von der Spacko, Alter, ey. Von der Spacko. Ja, das bin ich. Noch Platz in der Gilde, Sir? Das ist echt schwierig. Langsam wird es richtig teuer, die Gilde auszubauen. Wir brauchen immer ein paar Plätze frei noch als Notfall. Also sie müssten ein paar Questies und ein bisschen Penya mitbringen, wenn sie unbedingt rein wollen, Sir. Mindestens 1 Million Penya und 500 Questies wäre nicht schlecht, Sir. Das ist die Gilden-Tax. Wie viel habe ich denn schon gespendet? Nicht, dass ich hier das Unmögliche verlange.
Moment. Ach so, na gut. Ich bin im Minus, weil Misa viel zu viel Geld reingeballert hat. Verdammt. Das zählt nicht. Das ist unfair. Ich musste sein Geld wieder rausholen. Jetzt sieht's aus, als hätte ich die Gilde beklaut. Ich habe die Gildenschatzkammer geplündert. Um meine diebischen Gelüste zu befriedigen. Na, dieser Free-to-Play-Lifestyle ist ganz schön teuer, da braucht man Geld. Da muss ich mir das Geld einfach mal besorgen. So, in 5 Minuten ist meine Lasagne fertig. Ich habe sie diesmal ohne Käse gemacht. Ich hoffe, die ist jetzt nicht verbrannt. Weil der Käse mir übelst auf den Sack ging letztes Mal. Einfach weglassen. Ging die komplette Volcano Quest 3 mit 119? Ja. Die fängt auf 117 an und endet mit 119, aber Red Meteor geht erst ab 120. Auch lustig. Die letzte Quest von der Red Meteor Quest 3 ist für 119. Aber du kannst Red Meteor nicht heraus... Und die Quest ist Töte Red Meteor. Du kannst Red Meteor aber erst machen, wenn du 120 bist. Aber die Quest ist für 119. Classic Flav. Klassischer Flav-Moment. Ich meine, du hast eh keine Chance mit 120. Weder mit 120 noch mit 119 hast du eine Chance gegen Red Meteor. Außer du hast voll gutes Equipment. Also in der Regel packst du den mit 120 auch gar nicht. Oder jemand mit 120 geht zuerst rein. Korrekt. Aber irgendjemand muss auf jeden Fall 120 sein. Was ja bei einer Quest für 119 ein bisschen blöd ist. Richtig. Aber an für sich ist es egal, weil die meisten Leute mit 120 sowieso nicht stark genug sind, um ihn zu töten. Weil der selbst auf Easy ist der ziemlich ätzend. Und man braucht halt einfach auch viel Damage. Der hat halt auch nicht wenig. Also man macht zwar viel Schaden. Der hat überhaupt keine Resistenzen und keine Blockrate. Aber er hat auch arsch viel Leben. 144 Millionen hat er auf Easy. Das ist nicht wenig. Jax übrigens, Sir. Wie geht's, wie steht's? Seit wann sind Sie denn wach? Und nochmal zum Couple Housing. Du könntest deine Housing-NPCs in dein Haus packen und nochmal ins Couple Haus. Und die stacken sich. Ja. Also, ich hab ja selber keins, deswegen kann ich es dir nicht sagen, aber so soll es wohl sein, ja. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich es selber nicht habe, aber so soll es sein, ja. So sollte es sein. Seit 21 Uhr bist du in der Nachtschicht. Ah, cool. Cool. Ich hole mir jetzt noch diesen Aaron Catcher hier. Wo heiratest du deine Couples? Du brauchst, wie gesagt, so einen Ring. Also du holst dir den Ring. Einen Ring brauchst du. Und dann musst du auf Rechtsklick Propose. Oder was? Doppelklick auf den Ring? Das ist bei mir auch schon wieder ein paar Monate her. Ja. Auf jeden Fall brauchst du den Ring erstmal und dann musst du, glaube ich, einfach nur Rechtsklick Propose machen. Ah ja, Couple Proposal. Das vorletzte. Brauchst nicht 2 Ringe. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, du brauchst nur einen. Einer muss proposen und der andere muss annehmen. Einer macht einen Antrag und der andere muss einfach nur Ja sagen. Willst du mich heiraten? Wir sind hier bei KFC, Schatz. Und ich habe mich in dich und dieses Chicken verliebt. Willst du mich heiraten? Okay. Aber erst essen wir auf. Yeah. KFC Hochzeit. Baby. Wieso klingelt mein Wecker nicht? Habe ich auf 51 gemacht oder was? 56 ist erst. Ja, ich gucke trotzdem mal nach der Lasagne. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl.
Nevermind, war unberechtigt. Die sieht crispy clean aus. Also die sieht so aus, als könnte sie noch ein paar Minuten. Meine Sorge war unbegründet. Crispy clean. Die sieht gut aus, die kann man noch essen. Wow, der Flex, Alter. Bloody Bow Wind plus 10. Die meisten Leute haben weder ein Bloody Bow, noch eine Waffe mit Wind plus 10. Und er hat einfach beides. Einfach Flex Nation. Einfach reingeflext. Ganzen Server weggeflext. Zeig mal Equip. Da gibt's nichts zu sehen, leider. Hier ist Jojo plus 4, 4. Plus 4 mit Element plus 4. Demol plus 3, Demol plus 6. 2 Arex plus 7. Eine cleane Gore. Cruiser Set plus 0. Cruiser Set plus 0. 6% ATK. Und ein Dex Cloak plus 8. Also Dex plus 8 Cloak. Ein Dex Cloak plus 8. Auch nicht schlecht. Ah, ich habe noch keinen Gewurr, fällt mir gerade auf. Okay. Gut, er tankt freiwillig die normalen Antiquaries. Ah, schade. Ist Jester die beste 1v1-Klasse? Ich sage jetzt mal vorsichtig, nein. Kommt drauf an, beste in was? Damage? Definitiv nicht. Lowlife Antiquary gönn ich mir. Schmeckt. Welche 1v1-Klasse würde ich empfehlen? Also den meisten Leuten geht es ja nur um Schaden. Meistens. Und wenn das wichtig ist oder das Wichtigste ist, dann heißt die Antwort eigentlich Blade. Manchen Leuten geht es dann noch um sowas wie Optik oder auch Spielgefühl, Gameplay. Vielleicht nicht nur Schaden, vielleicht will man auch mal was anderes machen. Also halt Fernkampf oder sowas. Oder AOE. Wie auch immer du es nennen willst. Ja. Also Blade ist so für die meisten the GOAT. Einfach the GOAT. Kommt aber aufs Budget an. Naja, aber selbst Blade mit schlechtem Equipment ist immer noch Blade. Welche Klasse ist die beste, um das meiste Geld zu machen? Also das meiste Geld, das Spiel hat wirklich unfassbar viel auch einfach mit Glück zu tun, muss man wirklich sagen. Ne? Also einmal im richtigen Moment richtig viel Glück kann alles ändern. Bloody Waffe. Bloody Waffe First Try und dein Leben ändert sich in Sekunden. Bloody Waffe mit 180 Tries und dein Leben ist die Hölle auf Erden. Also manchmal geht es gar nicht darum, was man macht. Manchmal ist es einfach nur pures Glück. Wenn du jetzt Bloody craftest, dein erster Versuch klappt und jemand anderes hat 100 Versuche und nichts. Verkaufst die Bloody Waffe für 15.000 F-Coin oder was auch immer. Gut, so viel wahrscheinlich nicht, aber keine Ahnung. Und plötzlich hast du 50.000 F-Coin einfach for free. Also, manchmal geht es gar nicht um die Details, sondern einfach nur um Glück oder nicht Glück.
Und ja. Aber grundsätzlich gut zum Farmen. Also für Giants halt. Mit Giants kann man Geld verdienen. Aber auch da kann man Glück und Pech haben. Dafür wären halt einfach grundsätzlich AOE-Klassen gut. 1v1-Klassen meine ich. Theoretisch alle. Die unterscheiden sich jetzt nicht so gewaltig eigentlich, theoretisch. Jester und Ranger würde ich persönlich bevorzugen. Aber ich hasse persönlich Giant Farm, deswegen mache ich es eigentlich auch nicht. Grundsätzlich kein Fan von der Sache an sich. Und ja. Wenn du jetzt einfach nur viele Monster töten willst, dann wären Elementor und Psy und vielleicht Ringmaster so die Top-Favoriten, würde ich sagen. Wenn du einfach große Mengen an Monstern töten willst, in möglichst kurzer Zeit, um wirklich massiv NPC-Items, Quest-Items, Schmuck und sowas zu droppen, was ja alles am Anfang unverhältnismäßig viel noch Geld an Geld einbringt. Was ja später irgendwann alles mal irrelevant wird, aber jetzt halt nicht irrelevant ist. Ja. Aber eine beste Klasse zum Geldverdienen gibt's nicht, weil in jedem Bereich ist mal eine andere Klasse besser. Also für das ganze Game kann man das nicht sagen. Grundsätzlich kannst du alles mit allen machen, also man sollte einfach spielen, was man will. Eigentlich. Was langfristig noch eine krasse Geldverdienmethode ist Level-Service, ne? Das ist noch sowas, da ist dann wieder Elementor Psy und so richtig gut. Magier. Level-Service ist etwas, was relativ neutral ist. Also das sage ich immer gleich. Also jetzt und auch in 3 Monaten wahrscheinlich. Gut, jetzt macht wahrscheinlich noch keiner wirklich Level-Service, aber kommt noch. Sehr bald schon wahrscheinlich. Wenn man Bloody craftet, das habe ich vorhin erst ausführlich erklärt. Ich muss jetzt meine Lasagne aus dem Ofen holen. Ist eigentlich ziemlich simpel. Du brauchst einfach nur ein Diamond, ein Shining Power Dice und eine NPC-Waffe. Ist ziemlich easy.
Oh, bin wieder da. I guess ist die einzige Downside von der Lasagne, die aus dieser Form zu holen, aus dieser Aluminiumschale rauszuholen. Ja, das ist immer ein bisschen ärgerlich. Also, ja, ich meine, der Käse, also die geschmolzenen, also heißen Nudeln und so, ist halt alles ein bisschen eine klebrige Angelegenheit, ne? Also nicht klebrig, aber ja. Guten Sir. Dankeschön. Der Junge. Einfach 5:04 Uhr eine fucking Lasagne essen. Das sieht einfach so falsch aus. Ah, was für eine Uhrzeit, ey. Das ist definitiv das erste Mal in meinem Leben, dass ich um 5 Uhr eine Lasagne esse. Du isst die immer aus der Aluschale. Aber dann wird die doch niemals kalt. Dauert doch noch 100 Jahre, bis die mal kalt wird, oder nicht? Also, bis sie mal essbar wird. Guten Morgen, Nick. Auch ein bisschen? Er ist gerade eine Lasagne. Auch ein bisschen? Perfekt beim 1v1 Ranger leveln. Ja gut, true. Ja, eigentlich könnte ich auch nebenbei leveln. Das war eigentlich auch der Gedanke. Lasagne, schön mit der Gabel. Hast keine fettigen Hände. Eine relativ saubere Angelegenheit, aber ich meine, man muss jetzt auch nicht übertreiben. Ich esse jetzt einfach zügig und dann weiter. Man muss nicht übertreiben. Stream seit 67 Stunden. Bruh. Ich werde mich dann auch mal ein paar Stunden hinhauen. Willst du die Party übernehmen? Kann auch Skillstack und PC laufen lassen? Nee, schalte deinen PC aus. Ich will ja dann eh eine eigene Party machen. Ich müsste auch das Geld fast haben, also kannst ruhig offline gehen. Kannst die Party... Verkauf die Party, verkauf sie. Alter, verkauf die Party, der 1900 Punkte, verkauf die für 3 Mio oder so. Verkaufen Sie die Party, Sir. Die ist safe was wert, 1900 Punkte, die ist 1000%ig was wert. Da zahlt safe jemand was dafür. Vielleicht sogar jemand hier im Chat? Fragezeichen. Ich ganz sicher nicht. Hast schon ein Lied? Ach, das lässt sich schnell rückgängig machen. Oder schenkst dir einen von dem Low-Bobs. Aber eigentlich, die meisten Leute wollen gar keine Party haben. Ohne Scrolls ist halt blöd. Also die meisten Leute wollen, also, ja, die wollen eigentlich gar keine Party haben, tatsächlich. Weil wenn du keine Party Scrolls hast, bringt es dir eigentlich nicht wirklich was. Dann doch lieber Global Attack. Wenn du eh gleich eine Scroll hast, passt es ja. Nein. Verkaufen Sie sie, Sir. Bitte. Ah. By the way, habe ich jetzt mal diese Fertigfrikadellen gegessen. Probiert. Kühlschranktemperatur. Die sind hammergeil. No joke, die schmecken echt gut. Also viel besser, als ich gedacht hätte. Ich bin einfach ein Ekelpaket. Ich fresse so viel Billigzeug. Ich fresse so viel Billigzeug. Mein Körper hat sich schon daran gewöhnt. Er weiß gar nicht mehr, was wirklich gut ist.
Ja, ist immer noch ganz schön heiß, die Lasagne, ey. Kann auch nicht wirklich schnell essen, weil too hot. Too hot to handle. Lasagne immer so eine heiße Angelegenheit. Die einzige Downside von einer Lasagne. Aber man könnte es ja auch einfach aus dem Ofen tun und nochmal 5 Minuten warten oder 10. Aber ich mag es ja echt warm. Also kalt will ich dann auch nicht essen. Wenn man sich halt etwas verbrennt, dann wenigstens eine Lasagne. True. Das ist actually true. Du gehst zu den Luya-Kugis. Nice. Oh oh. Da sehen wir uns vielleicht bald. Ich bin auch bald bei Luya. Richtig. Oh boy. Aber bei den höheren Mobs ist relativ ruhig. Definieren Sie höher. Klar fahren. Nein, genau da nicht. Dachte mir, mit 86 gehe ich mal langsam weg von den Tangas. Mit 86 gehe ich langsam mal weg von den Tangas. Das ist auch eine wilde Aussage. Das ist eine wilde Aussage, Bro. Ich bin nach 4 Wochen zurück und du spielst einfach Jojo Jester. Ist das eine Simulation? Nee. Ich glaube, das ist mein Leben. Sir. Ich lebe jetzt das Jojo Jester Life. Ich hab's euch am 1. April gesagt. Was fast genau vor 4 Wochen war. Ich habe euch gesagt, Bildposter oder Jester. Und obwohl ich ungefähr 8-mal gesagt habe, es ist kein April-Scherz. Was man übrigens nie tut, wenn man wirklich einen April-Scherz macht. Außer man ist ultra unlustig. Dann, hättet ihr das schon vor 26 Tagen gewusst. Aber ihr habt mir ja nicht vertraut. Ich habe euch gesagt, 2 Chars, Bildposter oder Jester. Das waren meine Worte. Wie realistisch schätzt du Gegen als Ranger ein vor dem Leveln? Nee, was? Wie realistisch schätzt du Gegen als Ranger während dem Leveln vor? Während dem Leveln? Keine Ahnung. Also ich denke mir halt immer so, wenn du eine Ampli laufen hast, wirst du doch keinen Giant töten, oder? Da sehe ich halt immer das Problem. Also wenn du jetzt richtig krass am Grinden bist mit einer Ampli, hast du ja keinen Bock gegen einen Giant zu kämpfen. Aber wenn dich das nicht stört, dann ist es sehr realistisch, ja.
Also wenn dich das mit der Ampli nicht stört. Scheiß auf die Ampli, da rennen 5 Euro Brems. Na dann. Also mich würde es halt mit der Ampli stören wahrscheinlich. Aber wenn das nicht... Also, ja. Wenn das passt, dann passt. Erstmal mit Triple Amplis ein paar Giants killen. Let's go. Triple Ampli, let's go Giants. Steel Knight. Mit Triple Ampli. Man gönnt sich ja sonst. Komme ich gut klar mit Coward plus 5. 8% bis Ectro-Set. Oder soll ich Zwischenset holen? Also ich werde aufs 90er-Set switchen. Bei Jester ist es ja sehr ähnlich. 45er-Set bis 90 oder 105. Ich habe fest vor zu wechseln, Sir. Aber das kann jeder machen, wie er will. Also rein damage-technisch ändert sich nicht viel auf 90. Bei Blade, Knight, Jester und Ranger. Bei den Vieren ist es immer gleich, also ähnlich. Es ändert sich nicht viel damage-technisch. Wobei das 90er-Set in jedem Fall immer das Bessere ist. Also bei jedem dieser 4 genannten Beispiele ist immer das 90er besser damage-technisch. Also es geht eigentlich mehr darum, wie viel kostet es, wie viel Geld hast du. Also das ist eigentlich die Frage. Also die Frage, ob es sich lohnt, ist eigentlich nicht, weil man Angst hat, dass es zu schlecht oder so ist, sondern es ist eher einfach, wie viel kostet es und wie viel Geld hast du. Und wie sehr fuckt dich das ab, mit einem Low-Level-Set zu leveln. Mich übrigens fuckt es sehr ab. Habe ich schon ein paar Mal erwähnt, aber mich fuckt es ziemlich ab. Also, jetzt wo mein Damage mal ein bisschen besser ist, ist es nicht mehr so schlimm. Aber es nervt schon immer noch. Also 2 Mobs zeitgleich ist immer noch sehr gefährlich. Aber wie gesagt, mit dem 90er-Set, da macht man definitiv nichts falsch. Also lass dir da nichts einreden. Da gibt es weder richtig noch falsch. Das ist einfach jeder, wie er es für richtig hält. Hey! Entschuldigen Sie bitte, ich esse gerade. Und danke, D.H. Schlafrhythmus kaputt. Junge, was ist Schlafrhythmus? Ich esse gerade um 5 Uhr in der früh eine Lasagne, Mann. Was willst du von mir? Ich esse einfach um 5 Uhr eine Lasagne, Bro. Ich denke, die Frage erübrigt sich, oder? Und was gab, Professor? Man merkt, die Leute stehen langsam auf. Da merkt man, dass FEC ist, wenn Leute am Sonntag um 5 Uhr aufstehen. Könnten wir nicht erzählen, dass ihr jetzt auch wach wärt, wenn nicht FEC wäre. Von uns allen wäre jetzt literally niemand hier. Um diese Uhrzeit.
Du gehst gleich auf, Lions. Damn. Merkwürdig. Nicht aufstehen, aber gerade nach Hause kommen. Oh. So ist das also. Verstehe. Seit Donnerstag 12 Uhr bis heute ungefähr 8 Stunden Schlaf gehabt. Echt? Bei mir waren es so 14 Stunden ungefähr. Aber du gehst gleich schlafen. Na, immerhin. Ja, vergesst nicht, heute ist letzter Tag XP-Event wahrscheinlich. Es sei denn, sie verlängern es, aber ich glaube, dass sie das verlängern. Vielleicht ist nächste Woche nochmal eins. Was, bis um 2 Uhr nachts angeln? Aber wie? Angelt man im Dunkeln? Du skippst das XP-Event komplett? Warum? Ich meine, es ist eh schon fast vorbei, also noch 20 Stunden. Ist eh crazy, wie schnell die Zeit vergangen ist. Nächste Woche Doppel XP, der genügt bei gar nicht Server. Die machen kein Doppel XP, niemals. Deine Flask und so weiter läuft alles und du bist einfach off. Aber wieso? Gehen Sie online, Sir. Ah. So. Aufgegessen. 18 Minuten. Lasagne vernichtet in 18 Minuten. Dann würde ich sagen, versorge ich mal noch meine Kaninchen. So ein bisschen früh eigentlich gefasst, aber ich habe noch nicht genug Geld für weitere F-Coins. Decke sollen mehr kaufen. Du holst die meisten Ehren, wenn die einen Burnout haben. Aber der Burnout kommt erst in ein paar Monaten. So.
So. Jetzt bin ich komplett fertig. Erstmal für eine ganze Weile. Jetzt können wir mal wieder so richtig rein. Guess, wer einen Bloody Bow hat? Du? GZ, Sir? Wie viel Trust? Wie viele Tries? ...58 beim vorletzten. Also fast average. Oder fast... Ja, du weißt, was ich meine. Gut. Dann würde ich einfach sagen... Muss ich wohl noch ein bisschen farmen. Das reicht noch nicht ganz. Es reicht noch nicht ganz. Verkaufe ich meinen G-Yo-Yo. Ich habe kein G-Yo-Yo. Das hier ist ein Pulley of Clockwork. Also wenn du es willst, kann ich es dir verkaufen, aber es ist halt kein G-Yo-Yo. Es ist eigentlich ziemlich bad, weil es halt keine Attack-Speed gibt. Das ist gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so gut, das Ding. Eigentlich war das ziemlich nutzlos tatsächlich. Das waren komplett verschwendete 3 Millionen Penya. 3 Millionen Penya habe ich für den Quatsch gezahlt und es hat mir eigentlich wirklich gar nichts gebracht. Das war sehr dämlich, das zu kaufen. Das war wirklich super dämlich. Das würde ich auf jeden Fall nie wieder machen. Falls ich vor der Wahl stehen sollte. Wobei ich, glaube ich, auch nie wieder Jester spielen würde. The fuck? Was sind die ganzen Monster, Alter? Giant Antiquary schon wieder am Start. Es ist mittlerweile besser, Mr. YouTube. Viel besser. Hat aber lange gedauert, so weit zu kommen. Ab 45 Cruiser, sagst du? Also eigentlich nicht. Wenn du bis 60 spielst mit Bogen. Also eigentlich Rohrendrorien, das sowieso, aber das ist natürlich unbezahlbar momentan. Das ist leider momentan noch unbezahlbar. Aber tatsächlich brauchst du maximal 2 Teile Cruiser eigentlich bis 60. Gibt nämlich Bow-Angriffskraft. Und ich persönlich würde mit Bogen und Skills bis 60 leveln. Das heißt, da reicht es vollkommen, wenn du 2 Teile Cruiser hast. Also kannst auch 4 haben, aber 2 reichen theoretisch. Wenn du so wie ich mit Skills levelst, mit Bogen bis 60. Oder auch mit Jojo. Und, genau, und ab 60 habe ich tatsächlich immer noch mit Multistab gelevelt, weil ich hatte keinen, oder Multistab, ich hatte keinen G-Yo-Yo. Und ehrlich gesagt, ich bin mir immer noch ziemlich sicher, selbst mit G-Yo-Yo hätte ich nicht mit Skills, hätte ich weiterhin mit Skills gelevelt. Genau. Also, da hätte ich dann wahrscheinlich 2 Teile Rap-Run kombiniert am besten. Habe ich nicht, hätte ich machen sollen. Aber leider 1, 2, 3 Fehlentscheidungen getroffen, die mich doch krass zurückgehalten haben. Was aber 100% mein Fehler war, also selber schuld.
Buying Demol plus 7. Brauche ich selber auch noch. I need that. Na, wenn das mal nicht unser AO8 ist, verkauft er da sein altes AOE-Set. Schaust mal, was du hinkriegst. Tu das. Sir. Sir. Sie werden hier gerade gestalkt, Sir. Ich behalte gerade den Shout-Chat im Auge, ja. Sir, haben Sie richtig erkannt, Sir. Das haben Sie durchaus richtig erkannt. Oh, man. Ja, wo sind die Minerals? Oh, hier. Brauche die Quests von den Bäumen, by the way. Costa Quanta. Keine Ahnung. 300k für alle. Das ist literally das Geld, was du von der Quest zurückbekommst. Was wenn der Angel Big X über den Weg läuft, gerne Bescheid geben. Alright. Wenn du jetzt in die Stadt gehst und mir 110 schickst, kriegst du 800k. Ich sag noch diesen Aarons Catcher ein, dann. Oh, naja, 5 Minuten, sorry. Ich hab Cheer. Cheer. Sir. Cheer ist die wichtigste Mahlzeit am ganzen Tag. Donny, danke für den Follow. Link Attack läuft. The fuck, das ist doch Party Scrolls. Also Link Attack ist nicht so limitiert wie Cheer. Cheer ist actually ziemlich limitiert. Das ist eine Limited Edition Cheer Nation, Bro. Timor, danke für den Follow. 240er Ping, Leute. Hallo? Könnt ihr bitte offline gehen? Okay, wieder 160. Bitte alle mal kurz offline gehen. Danke. Einfach mal kurz offline gehen. Bro, ich habe halt fast gar nicht gespielt. Wenn es jetzt wieder Längen anfängt, das wäre mies. Bist du eigentlich alleine in der Party, AO8? Ah. Oder wie schaut es bei dir aus? Nee. Machst du ja Global an. Hm. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Schwer zu glauben, Sir.
Also der Ping steigt auf jeden Fall. Das war ja nicht lange. Gibt mir ungute Vibes. Kann ich mal gucken, was ich für Wasser brauche. Krasek und Guru. Oh, meine Guru habe ich natürlich alle verkauft. Sie ist positiv, kriegen einen weiteren Coupon-Code. Ja. Vielleicht. Ich verstehe einfach nicht, wie das nach mehreren Server-Neustarts immer noch laggen kann. Also was machen die dann bei dem Neustart? Starten sie dann wirklich einfach nur neu? Boah, Alter, das Handeln geht ja gar nicht. Handeln hat wieder eine 50% Verzögerung. Jesus. Ich glaube, ich habe mir noch nie so sehr gewünscht, in Asien zu wohnen. Denkst du, die machen Troubleshooting? Die machen Office-Basketball-Shooting. Quasi, wer kann die Beschwerden der Spieler am schnellsten ausdrucken, zusammenknüllen und in den Papierkorb werfen? Office-Basketball. Piep, 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 piep. 3 Punkte. So. Kappa. Okay, Sir. Ah, cool. Dick Big Mike ist gerade Channel 4 in Dakon City. Ja, sorry, Mann, das ist mein Elementor. Problem? You got a problem with that? Also was brauchst du? 110 oder was? 110 Ruti YY. Alter, die Stadt lädt halt nicht mal, ne? What the fuck, Mann? Ich meine, gut, ich bin Channel 1. Ja, trotzdem. Zweiter Versuch LC7, yes, baby. Nice.
Braucht jemand Pulley auf Clockworks? Ich gebe euch einen Tipp, es ist keine gute Waffe. Gerade Box auf Vital bekommen von den Tenants-Tickets. Ach so, ich wollte gerade sagen, hey, woher hast du die? Aber das ist ja, ne, passt. Müsste ich mir auch noch holen. Ach, wieso antwortet der nicht? Kurz gucken, was für Mets ich noch habe. Fratzlowski, ja, guten Morgen. Zweiter Versuch, LC7, yes, baby. GZ. Junge, ich check's nicht, Alter. Du schreibst, kaufe F-Coin, die Leute sagen, yo, hier, ne? Und dann antworten sie einfach nicht mehr. Ja, dann sag halt nein. Ich verstehe das einfach nicht. Dann schreib mich halt nicht an, wenn du es eh nicht verkaufen willst, Junge. Also, ich check's einfach nicht. Ich glaube, ich bin einfach zu blöd dafür. Das ist echt... Es fuckt mich so ab, ey. Schau dich das an. Ich schaute, kaufe F-Coin. Er schreibt mich an. Ich schreibe, kaufe F-Coin mit Preis XY, zu Preis XY. Das heißt, er weiß, welchen... Wie viel? Was? Wahrscheinlich hat er jetzt nachgeschaut, für wie viel die Scrolls in den Shops ist und jetzt will er mehr. So verkauft man keine F-Coins, Bro. So läuft das nicht. So funktioniert das nicht. Du kannst sie dich teurer machen, nur weil du merkst, welches Item ich will. Alter Schwede, ey, das ist ja geistesgestört. Ich suche gerade meinen eigenen Shop, weil ich die Preise nochmal abchecken wollte. Fuck, Mann. Wie findet man denn seinen eigenen Shop eigentlich? Ah, hier war es, oder? Junge, wie findet man seinen eigenen scheiß Shop? Das ist so dumm. Wie schaut seine Leckfront aus? Also jetzt gerade hat es wieder geleckt kurz. Aber nicht schlimm, nur so ein bisschen. Meet me at Quest Office Darkened Channel 1. Das ist halt ungefähr die schlechteste Idee aller Zeiten, sich hier zu treffen. Junge, was? Der Typ heißt einfach Sexworker. Bro. Wo kommen diese knappen 11 Stunden auf dem Timer her? Subs? Ich habe den Timer pausiert, ich war schlafen. Also, der Stream lief und die Zeit ist nicht abgelaufen, Sir. Das wollten ja alle. So. Pay-to-Win-Styler is in the house, baby. Pay-to-Win Nation. Also mal ohne Spaß. Wie finde ich meinen eigenen Shop? Ich weiß die Preise nicht mehr. Ich muss... Wie finde ich meinen eigenen Shop? Das kann doch eigentlich gar nicht so schwer sein, Alter. Ich habe doch diesen scheiß Umhang. Der ist so markant, dieser grüne Umhang.
Das kann doch gar nicht sein. Search Shop. Ja, auch leichter gesagt als getan. Ich weiß doch nicht mal, was drin ist. Volcano 4 müsste noch drin sein, theoretisch. Ja, 266 Stück. Sellername Z bis A. Distance to Shop. Hä? Achso, ich muss erst noch auf Sortieren klicken. Hier bin ich, hier bin ich. Einfach Seite 3. Ich stehe 18 Meter daneben und ich war auf Seite 3. Alter. Ich stehe 18 Meter daneben und ich war auf Seite 3. Hier bin ich, Leute. Alter, voll die leichte Position. Ja, tatsächlich, die Volcano 4 und Guru war das Einzige, was ich nicht verkauft habe. Ach, die Power Dice wurden tatsächlich gekauft, okay. Cool, dann kenne ich jetzt mal die Power Dice Preise. Also basically 350k und PD6 ist keine 320k wert. PD4 8, mindestens 350. PD6 ist nicht mal 320 wert. PD6 ist Schmutz. Beschmutzt. Beschmutzt. LG Jojo, lockere 75 Mio nur. Ich bin Level 83, das juckt mich noch den ganzen restlichen Tag nicht. Zum Glück. Ich kauf's mir dann für 10. Ich kauf mir das dann für 10. Ich muss mir das echt mal aufschreiben, die Preise, sonst muss ich andauernd fragen. Also PD6 sage ich jetzt mal einfach 300k. Das ist auch lustig. Wie hat doch so ein Chinese angeschrieben, I guess, und der hat auch nicht mehr geantwortet. Achso, klar. Ah, was brauche ich für Wasser? Krasek und Guru. Das heißt, da hebe ich mir mal so 150 auf. PD4 bist locker 400k plus los beim Form-Upgrade-Typen. Ja. Mal schauen. Naja, jetzt habe ich kein Geld. Jetzt habe ich kein Geldproblem mehr. Machen wir mal 390. Ich hatte bis jetzt Geldprobleme, Sir. Ich war nicht in der Position für Verhandlungen. Das ist gut, dass du verkauft, dass du F-Coin shoppen kannst. Materials? Ich mache nichts außer Materials die ganze Zeit zu verkaufen und Power Dice. Und plötzlich schwimme ich im Geld. Nein, Spaß, ich schwimme nicht im Geld, aber ein bisschen Geld ist da. Tja. Low S-Product, Leute. Was ist letzter Preis? Chat? Sagt mir nicht. Okay, das lohnt sich nicht. Kostet die echt 1 Million. Shut the fuck up. Nee, oder? Warum stellt man da so ein beschissenes Fass mitten in den Weg? Ein paar Mal für 250k gesehen? Die haben die hier für 1 Mio im Shop. Leider ja, musst du gerade auch kaufen für 1 Mio. What the fuck? Ja, dann lasse ich das aber, glaube ich. Ganz ehrlich. Dann lohnt sich das nicht, ey.
Das sind 3 Power Dice. What the fuck? Das ist ja crazy. Ja, dann lasse ich das mal erstmal noch. Das lohnt sich dann meiner Meinung nach nicht. Die Frage ist jetzt nur, kann man in Darkon 3 kann man nichts upgraden, oder? Noch nie gemacht, noch nie probiert. Ja doch, ich könnte jetzt eigentlich schon zu den Luias langsam. Ups. Dann bleibe ich erstmal bei 4-4. His-Jojo plus 4 mit Element plus 4. Dann bleibe ich erstmal dabei. Moment mal, habe ich jetzt AO8 die Quest-Items eigentlich geschickt? Ups. AO8, Sir? Scammer. Brauchst du sie noch? Fuck. Brauchst du sie noch? Yes, okay. I'm sorry. Ist raus. So. Ah, habe ich schon eingelagert, okay. Ja, dann. Können wir eigentlich auch schon fast wieder weiter. Das heißt, Leute, wer sucht die geilste PSF im Land? Ja, kann ich euch nicht bieten, aber ihr könntet meine Party. Aber ihr könntet meine. Sucht jemand eine PSF? Wir müssen leider von Null starten, aber hey, es wird die geilste Party. 2012. Die neue deutsche Partywelle. Irgendjemand? Niemand? Okay, dann. Sucht echt keiner eine Party? Das ist doch immer jemand hier, der eine Party sucht. Verdammte Hater. Ist noch zu früh dafür. Dann mal auf zu den Luias. Meine erste Party. Ich mach heute Party. Machst du heute Party? Ich mach heute Party. Sofern du nicht Platz 8 Platz für 8 Leute hast. Ja, leider habe ich das nicht. Ich wünschte, Sir, ich wünschte. Wie viele Punkte hat die? Noch 0. Ich fange gerade erst an. Hey, du hast doch eine eigene Party. Tornado. Ich will, dass du meiner Party beitrittst, Sir. Ich will keine Party verkaufen. Ich brauche levelnde Filler-Paare. Und welche hättest du uns gestackt? Ich habe doch eigene Partys groß. Sir, Sir, guck mich an. Ich bin kein Geringverdiener mehr. Sir, look at me. Not a Geringverdiener anymore. Ich bin jetzt auch im coolen Club der Cashers. Sir, ich bin kein Geringverdiener mehr. Channel 1. Channel 1. Nice, ich schlafe im Stehen. Ja, kein Stress.
Guten Morgen, Mr. Max. Habe ich was gedroppt? Nein. Das sind die Früchte von verdammt harter Arbeit, Sir. Ich ernte gerade endlich die Früchte von wirklich sehr harter Arbeit, Sir. Endlich. Beide auf Buru auch am Cashen. Wir werden sehen. Bin ja nicht wirklich am Cashen. Dankeschön, Sir. Bei Antiquary hatte ich jetzt ein richtig fettes Achievement. Level. Wo war ich denn bei Antiquary? Der Damage zackt jetzt erstmal wieder ein bisschen. Ja, nee, gar nicht mal so krass eigentlich. Ich habe nur 1200 Antiquaries getötet, hat nur 6% mehr ATK. Ist gar nicht mal so heftig. Ey, die Mobdichte hier unten ist ja geistesgestört schlecht. Holy shit. Ich dachte, hier unten kann man vielleicht 1v1 auch ein bisschen leveln, aber boah, nee. Problem hier ist hier oben wird halt AOE Nation sein. Weiß nicht, wie viel so ein C-Klasse Unicorn wert ist. Lags. Erstens Lags und zweitens keine Ahnung, ne. Da ist ein 8-Char-Abuser, glaube ich. Ist das ein Blade? Das ist ein 8-Char-Abuser Blade? The fuck? T-Crazy. Have you done a quest line till now? Which one? The Rayonon? No, I'm not doing any quests. I'm not doing big quests. I did a bunch of smaller quests, but nothing major. Like no Rayonon, only Clockworks and Rudvihil, the level 1 quest. Nothing major, only small ones. Da ist auch Igor. Sucht noch jemand eine Party hier? Ein Pärchen? Werden euch alle Premium-Items transferiert? Premium-Items werden ausnahmslos transferiert, auch seelengebundene. Also auch Sachen aus Dailies und so. Yeah. Bin leider am Weg in die Arbeit. Hä? Heute ist Sonntag. Hold up. Crazy. Sonntags arbeiten ist crazy. Der Schichtdienst ruft. Oh. Mein Beileid. Dafür Money. Mein Kauf ist bei Samstag 20 Uhr so cringe. Samstag 20 Uhr wird sich jetzt richtig gut anhören, ja. Leider ist es das nicht.
Here comes the money. Here comes the money. Money, 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 money. Oh, damn. Mein Körper hat nicht mehr so Bock auf FEC. Der will jetzt am liebsten mal so 12 Stunden pennen. Probably. Ich suche immer noch Partyfiller, by the way. Die Partys auf Channel 1, 5x A Duo Only heißen wir. 5x A Duo Only. Wahrscheinlich bin ich in der Party-Search-Ding nicht mal auf der ersten Seite. 3 Stunden gegen für eine 2&X, habe mehr an den Drops verdient, die ich beim Suchen zufällig aufgehoben habe. Krass. Also krass ärgerlich. In diesem Sinne, gute Nacht. Tja, gute Nacht, Sir. Kann ja morgen nur besser laufen. Morgen, heute, wie auch immer. Was bedeutet schon Zeit? Ich habe Katria-Boots gedroppt. Uff. Un momento. Okay. Ja, na gut, dann knall ich jetzt mal Power-Ups rein, I guess. Sonst wird die Party niemals Level 20. Oder wir filmen sie noch vorher. Noch irgendjemand, der eine Party sucht? Party People? Ich mach heute Party. Machst du heute Party? Ich mach heute Party. Ja, diese Viecher reißen mir mit einem Auto-Attack fast den Kopf ab, ey. Wird höchste Zeit, dieses Cruiser-Set zu entsorgen. Seit wann ich wieder wach bin, Fratzlowski 12:30 und im Stream seit kurz nach 1.
100% Crit Rate habe ich jetzt. Oh oh. Einfach 2 Argos haben mich angegriffen. ...105 Crit Rate sogar. Well. Das Cruiser-Set kommt einfach nicht darauf klar, dass dich mal 2 Monster zeitgleich angreifen. Ich habe Baxter die Handschuhe nicht geschickt, scheiße. Wisst ihr, ich meine frische Party um schnellst mit 8 Chars. Gibt's da einen Trick? Naja, einfach mit AOE-Elemente halt, ne? Lol, ist hier bei der Party beigetreten. BP Chris, RM Chris. Lol. Crazy. Das ist bestimmt Knack G. Oh, Level Up, let's go. Level Up wäre echt ganz wichtig, weil ich bei den Lujas noch nicht so wirklich Schaden mache. Ist 1v1 Ranger worth it? Spiel, was du willst. Spiel, worauf du Lust hast. Das Skill-Stacken in the Universe ist so bad. It's crazy. Es dauert viel zu lange. Eine Stunde Skill-Stacken dauert gefühlt 30 Sekunden. Bei FPC sind es halt einfach 2 Sekunden. I'm doing 1v1, huge fun. He has a bloody bow. Ignore him. Him and his rich friends do have bloody weapons. He's rich. Was fun before Bloody Bow, though. Hast du dich hier den Run Ranger die ganze Zeit gespielt? Weil es sind einfach 3 Grase-Catcher.